So. Muss ich da noch schnell meine Stream-Informationen ändern? Auf die Geschichte. Auf die Geschichte. Das tönt nach mir. Das tönt scheiße. Das ist gut. So. Kreator Dashboard. Stream Manager. Wo tue ich meine Kanalinfo anpassen? Da. Streaminfo bearbeiten. 12 Stunden. Stream. Mit Bruno Moser. In Los Santos. Gut. Erster! Hey Krassel! So. Und das Fenster tun wir auch noch da über. Cool. Sind wir noch schnell das Plugin testen? Kendrick nicht rum. Ich muss nicht mal schauen, ob er rum ist. Soundboard, Open Soundboard. Das sieht gut aus. Gut. Wenn wir nicht mal wecken, der Kendrick. Schläft er echt noch? Oh, so, wir haben Hunger. Ganz leise schauen. Ich glaube, der schläft noch. Aber es sieht irgendwie aus, als hätte er Albträume. Es kommt alles gut, Kendrick. Ich bin ja da. Ja. So. Er macht einen Breakdown-Schlaf. Breakdance-Schlaf. Er träumt vom Breakdancen. So. Ja, einfach mal. Ja, warte, ich muss zuerst mal etwas essen. Was haben wir denn noch? Köftespieß, aber ohne Reden. Genau. Folgendes ist passiert, meine Damen und Herren. Einfach mal herzlich willkommen und hallo zum 12-Stunden-Stream. Ich habe euch das versprochen. Ich habe gesagt, wenn wir 25 Abos schaffen jemals, gibt es einen 12-Stunder. Jetzt haben wir mittlerweile fast 30, glaube ich. Auf jeden Fall, merci viel mal nochmal an dieser Stelle für euren ganzen Support. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und ja, wir haben es jetzt zum Beweis. 16.04. Und das heisst, um 4 Uhr haben wir angefangen, um 4 Uhr hören wir wieder auf. Ich hoffe, wir überleben das. Ich habe leider auch schon eine grosse Schnur gehabt und gesagt, wenn wir jemals 50 Abos schaffen, gibt es einen 24-Stünder. Wenn das so weitergeht, überlebe ich das Ganze nicht. Kaffee ist jetzt schon am Start, weil ich bin jetzt schon müde. Und was ist passiert? Lieber du als ich. Ja, die bringen wir dann noch dorthin, Kastel. Was ist passiert?
4 Abo, ja, das geht dann plötzlich schnell. Wenn es 10 sind, dann machst du schon 12, oder? Hallo Malo! Wunderschönen guten Morgen. Soll ich noch schnell ein bisschen warten? Bevor ich erzähle, was passiert ist. Es ist nämlich gestern etwas passiert, ich habe gestern ein bisschen gezockt und ja, ich sage mal so, unser neuer Mitbewohner dort so zusammengekauert auf dem Sofa, ja, jetzt hat er sich gemütlicher hergelegt. Unser neuer Mitbewohner... Hör auf, du Kiku! Unser neuer Mitbewohner mit Zuckungen. Das wäre, als würde er meinen Stream schauen. Das wäre dann Metagaming, das dürft ihr dann nicht, hä? Sonst kommt eine Einwanderungsbehörde. Hey, alles gut. Unser neuer Mitbewohner hat uns nämlich ein bisschen Pech gebrungen. Ich glaube, es träumt schlecht. Ja, ich glaube es auch. Aber der Bruno sagt ja noch nichts. Ich bin ja noch out of character. Der Bruno steht in der Küche und gönnt sich Köfte speisen, aber ohne reden. Und schaut dem Kendrick zu. Das ist nicht die Ernst. Weißt du, was die einen serious Stream machen und die geben mir noch keine 5 Minuten da und stirben schon. 7 Minuten. Alter. Aber so schlaft doch keiner, der ist ja wach. Kendrick? Kendrick? Aha. Gut. Aber Achtung, Sprachmemo. Kann ich die im Stream hören? Gescheiter nicht. Okay, ich glaube, die Memo darf ich abspielen. Gut, schon haben wir drüber geredet. Es wird schon wieder super heute gesehen, das. Oh. Ja, musst halt in den Stream kommen, dann findest du es raus. Gut. Aber der Kendrick mal aufstehen, könnte ich eigentlich mit ihm etwas besprechen, etwas Wichtiges. Aber er pfüselt ja noch dort. Einfach mal noch eins rauchen. Alter, wie der zusammengekrüppelt dort liegt. Ja. Komischer Dude, der Kendrick. Nein, auf jeden Fall wollte ich euch schnell etwas zeigen. Und zwar, warte jetzt mal, unser Kühlschrank. Ich spließe ihn jetzt mal auf. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man den auf- und zugespließen kann.
Weil, wenn ich auf unseren Kühlschrank gehe, der sieht shitter aus, meine Damen und Herren. Und wenn ich auf unseren Schaft gehe, dann sieht es auch shitter aus, meine Damen und Herren. Also das hier, das habe ich gestern neu besorgt. Ich habe leider, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe... Oh! Jetzt bin ich hure erklüpft. Luca Ghost 13 ist ein geiler Sieg. Merci vielmals für dein Follow. Warte, du musst mal da das Soundboard noch ein bisschen verschieben, sonst sehe ich das selber nicht. Luca Ghost, herzlich willkommen. Genau. Es war so, der Bruno hat ein bisschen gefüßelt, hat ein bisschen neue Songs geübt. Gestern Nachmittag. Haben wir gestern Nachmittag sogar noch gestreamt, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall habe ich dann später nochmal mich eingeloggt und habe gedacht, ja, ich gehe jetzt ein bisschen Gitarre lernen, stelle mich ein bisschen Schweizer Power, yeah man, Luca! Ich stelle mich ein vor das PD und ein bisschen an den Strand und ein bisschen Geld verdienen und das muss ich auch nicht jedes Mal streamen, was ich meine. Wenn ich wirklich so eine richtige Geldverdienerrunde machen will und denke, wenn da etwas Spannendes passiert, wirf ich den Stream an und sonst halt nicht. Und ja, manchmal Bock einfach so ein bisschen für mich zu zocken, ich hoffe, dann nennt man das nicht übel. Auf jeden Fall ist der Bruno aufgewacht und hat sich anlegen. Und dann ist er vor einem leeren Kleiderschrank gestanden. Und es ist also tatsächlich eingetroffen, was ich befürchtet habe. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ja, ich denke, das passiert schon nicht. Ja Mann, die $5, die ich dir gegeben habe, hast du nicht gestreamt. Hä? Wo hast du mir $5 gegeben? Ah, du? Ja, jetzt ist klar. Hure Siech. Stimmt. Ja. Ja, bist heute dumm? Ah, gut, nein, das darfst du mir gar nicht sagen. Entschuldigung. Der Emil. Nein, auf jeden Fall sind der Bruno und der Kendrick ausgeraubt worden im Schlaf. Wir haben ja die Tür aufgeladen, dass der Kendrick rein und raus kann, weil er keinen Schlüssel hat. Und es hat tatsächlich irgendein Arschloch unsere ganze Wohnung ausgeräumt. Also beziehungsweise unseren Kleiderschrank und unseren Kühlschrank. Und das wäre mir alles noch relativ gleich. Ausser dass ich dann gestern so... Also nein, stimmt gar nicht. Ich hatte noch einen Pulli und Badhose im Auto gehabt. Ich musste dann so einkaufen, ohne Schuhe und so. Bin mich dann neu eindecken. Das zeige ich jetzt die neuen Kleider. Das ist mir alles noch gleich. Kleider, Essen und wir haben noch einen Joint bekommen gestern, wo wir gemütlich rauchen können oder verkaufen. Das ist alles scheissegal. Aber was mich aufregt, ist unser Cap. Wir haben heute unseren ersten Auftritt und unser Signature-Merkmal, also unser Erkennungsmerkmal, unser Cap ist weg. Und so viel als ich weiss, bekommst du das nur bei Einreise. Du musst schnell gehen, kommen später nochmal. Hey, alles gut, ich bin 12 Stunden da. Nimm dir Zeit. Das Cap, das wir hatten, das Los Santos Cap, das der Bruno hatte, es gibt es nur bei Einreise. Und ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Spieler gesehen mit dem Cap. Und das ist weg. Und der Bruno ist echt am Platzen. Also ich schaue dich während der Arbeit. Ehrenmann. So muss das sein. Grüße gehen raus an den Chef an dieser Stelle, wenn du mitschaust. Ja, der Bruno ist stinkensauer. Die Kleider sind ihm vollkommen egal, aber das Cap regt noch auf. Und das, also ich habe mich gestern Abend wirklich aufgeregt. Auch in Real Life. Ich habe mich wirklich aufgeregt. Weil ich dachte, Kopfdammi, warum gespliessen sie die hure Wohnung nicht, beziehungsweise warum gespliessen sie den Schaft nicht. Wir haben ja mit dem Kendrick sogar noch drüber geschnurrt. Janis, merci vielmal. Merci für dein Follow und hallo. Wir haben ja mit dem Kendrick noch drüber geschnurrt. Oh.
Alter. Da wacht einer auf. Ah. Okay. Ist echt Kendrick aufgewacht. So. Kendrick? Kendrick? Hallo? Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Geht's gut? Ja, und der so, du bist so erstaunlich freizügig unterwegs. Hey, ist meine Wohnung, ich kann hier rumlaufen, wie ich will. Ja gut, das ist schon wahr so. Das stimmt natürlich. Jetzt einfach nur gerade so verschrocken, weil so viel Haut rum ist. Alles gut, alles gut. Ja, hast du mal in den Kühlschrank geschaut schon? Moment kurz, ich muss schnell kurz, raus, muss schnell kurz, Okay, weil, weißt du, okay. vom Kater, Ja, noch ja, ein bisschen ja, ja. Kater, muss schnell meine Füße ein bisschen Warte, vertreten. ich muss dir die Tür auftun, sonst kommst du nicht rein. Ah, ja, das wäre nicht schlecht. Ja. Aber geh mal raus. Hey Jesse, hallo. Dankeschön. Bruno wurde ausgeraubt. Verdammte Scheiße. Das hat ja mal geklingelt. Nur Kiko reinkommen, nicht Leute. Sollst du reinkommen, nicht Leute? Reinkommen, nicht Leute. Also das Komische ist eben halt, wenn ich muss immer, also ich habe das Gefühl, ich muss das Leute, dass die Tür überhaupt das Ja, Schloss aufkommt. wegen dem weißt. Anstang. Hä? Aha, Ja, so einerseits meinst du, wegen dem noch, aber weißt du, ich glaube, so ein Schloss klemmt manchmal und wenn du schlütterst so einen Keim drückst, dann gehen sie auf. Ja. Aber Nein, du, was ist mit dir passiert? Du, oder Ja, laufst was, einfach gerne so um? Hast du nichts gemerkt gestern Abend? Ich habe gestern geschlafen wie im Bär im Fall. Also ich habe ja eigentlich fast den ganzen Tag, glaube ich, etwa geschlafen. Oder nicht? Was haben wir für eine durchgepennt, Uhrzeit? ja, wir haben 4 ab 4 Mittwoch. War schon Mittwoch? Mhm. Okay, du siehst nicht so gut aus. Du Nein, ich bin bist ein bisschen am ja Träumeln. ziemlich hässig. Wieso? Wir sind ausgeraubt worden. Sicher nicht. Doch. Okay, ich habe nichts mitbekommen. Kühlschrank ist leer. Schaft ist leer. Ich habe die Wohnung offen gelassen, dass du rein und raus kannst. Ja. Ja, alles weg. Scheisse. Ich drehe die Türen! Entschuldigung, sorry. So. Nein, sorry, ich bin gestoggelt. Hey, Kendrick. Kendrick? Kendrick. Nein, ist nicht so schlimm. Aber, Hey, komm jetzt. jetzt hatte ich gerade ein bisschen Kopfsauren. Warte, ich muss schnell ein bisschen liegen da unter dem Stuhl. Das ist ein bisschen gut. Geht's, Bro? Also. Hast du dein Ja. Cap? Warte mal, ich muss schnell schauen. So ein Mango, Mann. Wo ist mein Cap? Selber schuld, warum lässt du die Cap nicht im Inventar? Ja, weil ich mich ausziehe, wenn ich pennen gehe. Ja, ich hasse wieder. Scheiße. Er hat's verdient, ja. So, es geht wieder. Ja gut, dass ich mir jetzt quitt habe. Du hast mir am ersten Tag auch einen reingehauen. Ja, jetzt sind wir quitt, definitiv. Okay. Aber es war nicht extra. Ich wollte da in den Schaft shooten. Ich bin hässig! Aber Kleider hast du schon noch, oder? Ja, ich bin gestern so wie ich da vor dir stehe, bin ich runter zum Auto. Und ich hatte zum Glück noch Badhosen und einen Pulli im Auto gehabt und bin dann so einkaufen. Ja. Ich habe jetzt neue Kleider. Aber es ist alles weg. Alles weg. Und weißt du, was mich am meisten aufregt? Ja. Ich scheisse auf meine Kleider. Aber du machst dich erinnern an mein Cap, oder? Das ich anhatte gestern. Vorgestern. Ja, wo du gesagt hast, da kannst du nicht kaufen. Da Das kannst du nicht kaufen da, genau. Und es habe ich von meiner Familie geschenkt bekommen, noch daheim in der Schweiz. Das haben sie mir von hier mitgebracht. Und das ist so das einzige Stück, das ich von meiner Familie habe mitgenommen habe. Weg. Okay, aber weißt du, was gut ist?
Wenn das Käppi so selten ist, wissen wir ja, wenn es einer anhat, dass er es wahrscheinlich war. Weißt du, was ich meine? Ja, aber es ist gleich nicht sicher, weil er kann so gekauft haben. Weißt du, ich meine, früher haben sie die mal verkauft. Hm. Okay. Aber safe, wenn du einen siehst mit dem Cap, gib mir Bescheid. Weil ich werde zuerst probieren, ihm Subs zu kaufen. Ganz normal, ganz ohne etwas zu sagen, weil ich kann nicht beweisen, dass es meins ist. Ich habe es auch nicht markiert oder so. Aber falls er es nicht verkaufen will, oder einfach mal herausfinden, wo er es her hat, einfach unauffällig, weißt du? Ja. Und wenn er es nicht verkaufen will, ziehen wir andere Seite auf. Ja, ja, also jetzt mal nur so unter uns. Hast du irgendwie so etwas, man kann zuschlagen, außer die Füße? Nö. Aber du hast ja deinen Kontakt, hast du gesagt, oder? Ja, Kontakt. Ich habe einen Pol und einen Schweizer im Start, die Regeln. Okay, und ja, gut. Polen können alles besorgen. Richtig. Apropos besorgen, warte, ich lege mich mal an. Ich zeige dir mal meine neuen Kleider, ich bin gestern shoppen. Also gut. Und übrigens, von jetzt an, wir lassen die Wohnung offen, aber der Kühlschrank und der Schaft geschlossen. Ja, kannst du machen. Ich habe ja eh nichts drin gehabt, weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe alles noch bei mir in der Hosentasche gehabt. Ich bin auf dem Sandwich gelegen, Mann, aber ich weiß nicht, ob es so gut ist. Ja. Hey, ich habe so schlecht geschlafen im Fall, glaube ich, auf dem Sofa. Hey, ja, du hast vorhin Huren rumgezuckt. Du? Ja. Das ist unglaublich, ey. Ich habe wirklich ein bisschen Rückenweh jetzt und ich habe einfach nie so meine Ruhe gefunden. Die ganze Zeit, ja, wirklich das Gefühl, ich bin immer so unruhig gewesen. Okay. Nein, ich sag dir's. Ja, ich bin auch noch ein bisschen durch. Ja, und wieso taumelst du so? Irgendwie so, also... Ja, ist es einfach so, weil du so hässlich bist, oder? Ich bin gestern Abend so hässlich gewesen, als ich bei Hause kam, noch in die Wand geboxt und geshootet. Und jetzt tut mir der Fuß ein bisschen weh. Ah, okay. Das sollte ich vielleicht nachher mal noch schnell ins Spital zeigen. Ja, also gehen wir schon schnell kommen mit. Okay. Ja, legen wir mal an. Ah, also gut. Bruno ist aggressiv, ne? Bruno ist am Durchdrehen. Das geht gar nicht. Seine Capman. Und seine neuen Kleider sind einfach so, naja. Und vor allem die Cap, ne? Jetzt ist er schon wieder am Trainieren. Ja, du nur so ein kleines Morgentraining, weißt du, was ich meine? Aber gehen wir schon gerade schnell. Wie findest du mein neues Outfit? Sag ehrlich. Der andere Cappy hat besser ausgesehen. Oh, mein Fuß! Oh. Ja, komm, beruhig dich jetzt. Komm, gehen wir jetzt mal zum Krankenhaus und gehen wir mal abchecken, was sie machen können wegen dem Fuß. Du fahrst. Hey, ich habe kein Billett. Da. Ist doch scheißegal. Nein, ich fahre nicht. Du kannst sicher fahren. Du bist ja gestern auch in die Tankstelle gegangen, oder? Ja, komm. Ich habe keine Lust zu riskieren, weißt du, was ich meine? Jetzt muss ich ja nicht spielen, es ist ja eh alles leer, oder? Ja, ich kann nichts da. Gut. Gehen wir. Komm. Sorry, weißt du, ich will nicht, ich bin... Nicht, dass ich will nicht, es ist nicht gegen dich, aber ich bin wirklich pisst. Ja, verstehe ich. Ich würde es auch nicht geil finden, wenn mein Hab und Gut weg ist, gell? Ja. Ich meine, du hast schon gesagt, du bist hierher gekommen und hast nicht viel dabei gehabt. Vor allem siehst du das Cap, das ich anhabe. Ich meine, das ist so einigermaßen okay, aber es ist einfach, weißt du, ich habe nicht gerne Snapback und so gekrümmt und schon von Form her ist es einfach nicht meins. Ja. Mit den Schuhen, Hosen und Shirt kann ich ja noch leben, aber... mein Cap, Mann, und die Leute kennen mich auch wegen meinem Cap, verstehst du? Ja, ich weiss, was du meinst. Ja. Ja, also komm, wir gehen jetzt mal. Und du siehst, hey, jetzt unter uns. Siehst du die Scheibe dort, beim Auto? Die hinten dort? Mhm. Die dort, ja, was ist mit der? Darum tut mir der Fuß weh. Ah, Mann.
Warte, du musst schnell etwas auf dem Handy schauen. Ja, mach nur. Du Timo, wenn du richtig Fame bist, über 1000 Zuschauer, bitte denk an deine ersten Follower. Ey, mach ich. Bisschen Ruhe für den Bruno. Ja, Bruno hat heute sein erstes Konzert, Mann. Jo. Kendrick, Ja, du hast ja gesagt, du willst ein Velo, gell? wäre nicht schlecht, ja. Ich kann dir eins besorgen, wenn du willst. Quanta Costa? Warte, muss ich mal nachlesen. Ich glaube um die 1000. Ja, ich muss mal an ein Automat gehen, ich muss mal schauen, ob Sozialgeld gekommen Was ist. kosten die? Ja, so um die 1K. Also vielleicht, was willst du am liebsten? Ein Rennvelo, ein BMX oder ist scheißegal was? Hauptsache ob es so unterwegs BMX. ist. Das BMX, okay. Ja, ich muss schauen, ich kann dir eins besorgen, aber musst, um die 1000 Stutz musst du rechnen. Okay, aber eben die sind ja, hast du gesagt, nur unter dem Tisch erhältlich, hast du dir so gesagt. Richtig. Was ist jetzt, wenn mit Schmier mit dem sieht? Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich Okay. nicht. Aber es ist auch... weiß nicht, ob das für dich relevant ist. Okay. Weiss ich Wahrscheinlich nicht. andere Sorgen nachher. Ich nehme es an. Okay. Ja, wäre nice. Also ich muss nachher schon kurz an den Automat, aber wenn wir Ja, ja komm, das beim machen wir jetzt. Krankenhaus Ich muss sind... Geld mitnehmen für das Krankenhaus. Aha, ja gut, da vorne ist ja eh gerade... Ich habe keine Krankenversicherung und nichts. Schauen wir mal schnell, ob schon Sozialgeld gekommen ist ein bisschen. Ja, du sagst es. Mal zahlen, statt nur immer dumme Schnorren haben. Geh hinter dir. Ah, okay. Wenn ich jemals 1000 Zuschauer habe, dann schiesse ich mich, weil dann muss ich etwa 500 Stunden Stream machen, wenn ich so weitermache. So. Wie viel Kohle hat der Bruno? No. So, alle wegschauen. So das Geld, no. Scheiß und Dreck. Gut, wir haben noch $81 im Sack, das ist gut. Mann! Da komm jetzt. Oh! Hey! Entschuldigung! Hey, da Hey. hey. Schon die Haue zurück im Fall. Sorry, Bro! Lauf mir nicht in den Schlag, wenn ich da die Kiste schlage, Mann! Du kannst schon besser zielen, oder? Ja, sorry, Mann. Jetzt weh da. Ja, es hat schon recht gezogen, ey. Sorry, Mann. Ah, jetzt ist mir... Ah, scheiße, ey. Jetzt ist mir... Ah, es ist mir wieder so trümmelig, ey. Ah, ah. Mann, mir tut der Nacken so weh. warum tut es automatisch anvisieren? Also eins kann man wirklich, muss man wirklich sagen, das abstellen Sachen irgendwo? Schlag hast du drauf. Ah. Sorry, Mann. Geht's? Ja, warte, lass mich schon kurz ein paar Sekunden liegen. Oh Gott, ey. Scheiße. Warte, da ist meine Cap wieder. Ich hab gemeint, ich kann hier etwas schützen, aber es tut nur noch mehr. Feschu, mit dieser merci Dunkelheit. viel mal für dein Follow. Also komm, gehen wir. Geh mal ein paar Schritte weg. Komm jetzt, reg dich nicht so auf. Wir finden deine Cap schon wieder. Moment, läuft einfach alles Scheiße. Alles Kacke, Mann. Kannst du mal ins Krankenhaus im Navi eingehen? Moment. Voilà, Krankenhaus. So. Oh, mein Fuß. Au, mein Kopf, ja. Ja, sorry, Mann. Wenn du irgendwie jedes Mal, wenn du mir jetzt nachkommst, automatisch. Reflex, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe eigentlich in die Kiste schlagen. Ich habe glaube ich das Gefühl, du hast ein bisschen Angst, dass plötzlich hinter dir jemand steht, der dich ausrauben könnte, weil jetzt wahrscheinlich ein bisschen Ich Paranoia werde ein bisschen hast. paranoid, ja. Ja, gut, kann ich verstehen.
Und hey, falls jemand fragt im Spital, ich habe meine eigene Scheibe eingeschlagen. Ja? Kein Rick. Was meinst du? Sorry. Wenn jemand fragt im Spital, ich habe meine eigene Autoscheibe eingeschlagen. Okay, ist gut. Nicht niemandem erzählen. Okay, Wenn ich so aussteige, habe ich dann wieder Steuerrad raus. Nein, das sollte gehen. Warte, ich nehme das Wägel ein bisschen fort. Das geht. das ist noch gegangen. Ah, noch gespliessen, so. Dummy Sicher. Jetzt soll er vor einem Ambulanzauto parkieren. Hätten wir noch Lampen bekommen. Ja, ist dein Geld gekommen? Ja, aber es war glaube ich nicht viel gewesen, also einfach die $40. 240 $, glaube ich. Wie viel hast du jetzt gesamthaft? Knapp 1300. Okay. Ja, ich schaue, wenn ich... Wie viel... Warte noch schnell, hey. Wie viel hast du ausgegeben für ein Bike? Dass ich weiss, Also, du sagst mir jetzt einen Betrag und ich besorge dir ein Bike. Also ich sag mal so, weißt du, ich habe einfach keinen Bock, dass ich nachher irgendwie höre, ey, ich habe es für 800 oder für 700 bekommen und Aber ich habe das kann sein, gezahlt. ja, Weißt du, was ich kann meine? ich dir nicht versprechen. Also ich nehme safe nichts, ich nehme nichts zwischen raus. Ich vermittle dir einfach das, wo... Also ich kann dir ja direkt an den Typ vermitteln. Ja, weißt du, mir geht es mir darum, ich habe einfach keinen Bock dann, eben, wenn es so heisst. Und dann nachher komme Ja, ich das wieder ist rüber, klar. wenn Ich ich 1000 probiere das Bestmögliche rauszuholen. Sagen wir so 800, aber wenn es jetzt dann 1000er halt gleich sollte kosten, kann ich ja mit dem leben. Okay. Und am liebsten das BMX, ja? Genau. Okay. Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ja, ich habe ein kleines Problem mit meinem Fuß, ne? Oha, was ist passiert? Ja, ich wurde gestern Abend wurde meine Wohnung ausgeräumt. Oh nein. Und dann habe ich mich so ziemlich ein bisschen aufgeregt, ne? Und hab da gegen meine Autoscheibe getreten. Okay. Und da haben Sie jetzt Schnittwunden am Fuß, oder? Ja, nee, nicht unbedingt geschnitten, aber einfach, ich habe einen Schmerz, wenn ich auftrete. Also es ist nichts offen, aber weil ich glaube, das ging mit dem Schuh, aber einfach, keine Ahnung, wenn ich drauf trete, tut's halt weh, ne? Alles klar. Ja, gucken wir uns aber an. Kommen Sie mit? Okay. Alles klar. Dann legen Sie sich mal da vorne auf das Bett Okay. und ziehen Sie mal die Schuhe aus, bitte. Okay. Kann ich gerne machen, klar. Hast du mitbekommen, was passiert ist? Ich bin auch die meiste Zeit. Ja, genau. Ich glaube, das wird nichts Wildes. Ich glaube einfach nur ein wollte einen Schmerzgel und elastischen Verband. Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Gucken wir das einmal an und dann... Ich hole das schon mal. Ja, okay, danke. Ja, auf den Betten, das ist nicht so leicht alles. Ja, ich muss mich da mit dem Kissen irgendwie... Ja, ich verstehe das. So. Ah, das geht so. Geht Ist das der das? Fuß, der ein bisschen übersteht, der Ja, wehtut? genau. Alles klar. Können Sie mir die Schuhe einmal bitte ausziehen? Ja, können Sie da am Schuh mal ziehen ein bisschen? Na klar. Oh. So, Ja. super, alles klar. Okay, wo genau tut es denn weh? Am Gelenk, am Fußgelenk Ja, oder der Fuß selbst? Am Gelenk, also am Knöchel so. Mhm. So hinten, also es zieht so ein bisschen hinten nach oben. In der Ferse oder was? Ja, Der oberhalb. Achillessehne. Also vom Knöchel an aufwärts, so wie, ich weiß nicht, was sind das, die Bänder oder keine Ahnung. Ja, das kann sein, ja. Vielleicht bin ich da ein bisschen abgeknickt, also ich war so wütend, ich kann es nicht genau sagen. Alles klar. Ich fasse da mal an und sagen Sie mal, wenn es weh tut. Mhm. Okay. Alles klar. Gucken wir mal. Da so.
Einmal am Knöchel anfassen, den Fuß ein bisschen bewegen. Das geht. Das geht noch. Aber Ja. ja, in die Bewegung nicht. Okay, die Richtung nicht. Ja. Alles klar. Bisschen eingeschränkt, ne? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark schätzen Sie die Schmerzen ein? Ja, eine 7, wenn ich nicht bewege, dann geht's, aber so beim Gehen, dann 6, 7, so. Ja, okay. Also wenn ich voll drauf treten würde, dann wäre es eine 6 oder eine 7. Alles klar. Ja, also es ist auf jeden Fall nichts gebrochen, da können Sie schon mal sicher sein. Die Bänder Okay. sind auch nicht gerissen oder so. Okay. Wir machen da jetzt erstmal eine Voltaren-Schmerzsalbe drauf, einen elastischen Verband. Na, und dann sollte das eigentlich in ein paar Tagen wieder gut sein. Wenn Okay. nicht, dann müssten Sie nochmal wiederkommen. Aber Okay, einfach ein glaube, mit der- bisschen versuchen, nicht zu belasten, ne? richtig, genau. Okay. Ne? Natürlich ein bisschen schonen den Fuß und Okay, ich habe heute Abend habe ich ein Konzert, spiele ich ein Konzert. Das sollte trotzdem gehen, oder? na, wenn Sie einen Hocker benutzen, auf jeden Fall. Okay, ja, das ist kein Problem. Ich weiß nicht, Schlagzeug würde wahrscheinlich eher schlecht gehen mit der Double Nee, Bass. zum Glück Je Gitarre. nach- Genau, nee, aber wenn Sie da irgendwie einen Stuhl nehmen, Sie sollten natürlich nicht die ganze Zeit stehen, ne? Das wäre Okay, nicht so gut. okay. Also einfach ein bisschen humpeln halt und ja. Ja, Den genau. Ne? Fuß Das nicht wird Sie ein bisschen belasten, einschränken, okay. Sie humpeln und Okay. so, dann krempel ich einmal die Hose so weit hoch und dann Mhm. gibst du mir mal die Salbe dann. Genau, danke. Alles klar, dann wird das jetzt ein bisschen kühl. Mhm. So, dann reiben wir das einmal schön ein. Uff, So. ja, das ist kalt. Den elastischen Verband auspacken. Okay, und dann wickeln wir das zusammen. Muss ich mir in Wenn es zu stramm ist, Cheesy sagen Sie Bescheid, ne? Mhm, geht. Klar. So, hier die Muss ich mich Ferse. in Cheesy umbenennen, weil Big Mac ist ausgelutscht. So, dann das zumachen. Sie machen es so geil mit, Alles mit klar. der Geräusche. Okay. Ne? So, Okay. geht es so? Mhm. Dann gucken Sie mal, dass Sie in den Schuh reinkommen. Müssten Sie natürlich wahrscheinlich die Schnürsenkel erstmal aufmachen oder so. Mhm. Ist ein bisschen dicker jetzt alles. Ich versuche mal erstmal aufzustehen. Nee. Alles klar. Ja, geht. Alles klar. Okay. Springen. Gut. Ja, dann gibt's noch mal eine Rechnung von $55 und dann war's das. Okay. Vielen Dank. Gleichen die mal aus. So. Kann ich da mit Karte, ne? Ja. Okay. 3, 3, 4, so. So. Perfekt. Ja. Ja, dann bringen wir sie nach vorne. Ich habe Dankeschön. mindestens zweimal. Ja, ich mache die Tür auf, ne? Ja, gerne. Dankeschön. Na, kein Ding. Aber so geht's. Sie brauchen keine Krücken, oder? Nee, ich denke, es geht. Okay. Die einfach Ja, Geht, danke. alles klar. Gut. Dann gute Besserung und noch Dankeschön. einen entspannten Tag. Ja, gleichfalls, danke. Danke. Ciao. Und sonst, Ja, wenn Sie nichts vorhaben heute Abend, 21 Uhr Tequilala. Dann Ah, spiele okay. spiel ich ein Konzert. Mhm. Kleines Unplugged-Konzert mit meiner Gitarre. Ja, entspannt. Okay, 21 Uhr? 21 Uhr, ja. Alles klar. Da kommen wir bestimmt mal vorbei. Okay. Schönen Abend noch. Ja, Ja, gleichfalls. Ja. Was ist Kendrick? Wie schon wieder her? Hey. Kendrick? Ah. Und? Meinst du Ja. gesagt? Ich weiß gar nicht, ich hab's gar nicht zugelassen.
Aber haben sie dir nichts gegeben? Mal einfach eingebunden und also es ist nichts gebrochen, die Bänder sind nicht gerissen, es ist auch einfach ein bisschen zerrt. Ein bisschen geprellt und Ja, weiss ich was prellt, alles. keine Ahnung. Ich habe auch gar nicht mehr zugelassen. Er hat eingebunden und gesäubelt und ja. Okay, ja, aber immerhin nichts Schlimmes, gell? Ja, ich muss einfach auf einem Hocker hocken heute im Konzert. Okay, Das sollte nicht zu fest belasten. okay. Ja, also, weißt du noch etwas vor oder so? Ja, ich werde mal noch in den Norden rauffahren, noch schauen, ob es mein Cap wirklich nie zum Kaufen gibt. Also, gehen wir schauen, weil ich sollte eben eh noch einmal in den Kleiderladen. Ich sollte noch ein T-Shirt kaufen, irgendwie ist es sauer heiß. Mhm. Also komm. Ist jetzt ein bisschen beruhigt. Ja, geht. Jedes Mal, wenn ich irgendwo in den Spiegel sehe, wie mein Cap aussieht, jetzt, dann rege ich mich auf. Ja, gut, aber wir finden es schon wieder. Und weißt du, was ist, wenn die... Was ist... Entschuldigung. Was ist, wenn die Wichser einfach das Zeug irgendwie, weißt, klauen und nur das Zeug verkaufen, wo sie das Gefühl haben, sie können es verkaufen, und weil sie wissen, wie selten mein Cap ist, verkaufen sie es nicht und schießen es einfach irgendwo in die Köder. Oder sie wissen, wie selten das ist und sie verkaufen es für extra viel Geld, gell? Ja, aber dann ist doch nicht bewusst, dass weißt, wie selten es ist, das ist doch gefährlich zum Verkaufen. Ja, Und ja. welcher Arsch klaut einem armen Strassenmusiker wie mir noch sein letztes Hemdli? Du, vielleicht hat der eine mal $100 gegeben und ist jetzt zum Dank dir den Kleiderladen ausräumen. Weißt du nicht? Weißt du, ich meine, hat mir mein Cap schon abkaufen und ich habe es nie gegeben. Ich meine, der Ben hat mir sogar da sein Zion Classic angeboten. Ein Auto. Ja. Ja, also komm, wir gehen da mal schauen. Ja. Bringt sich da drüber rumstudieren. Ja, wär. Müssen wir auf dem Navi schnell schauen. Also ich bin gestern schon in 2 Kleiderläden bin ich gesehen. Aber da oben ist, glaube ich, in Weinwood ist, glaube ich, noch einer, dort bin ich noch nicht gesehen. Wir fahren mal zuerst dort her. Ich rege mich auf, ich sage, das ist ehrlich. Warte, ich schaue noch schnell, ob mir jemand geschrieben hat. Ja, der Kollege schaut jetzt auch noch wegen einem Velo. Ja, das stimmt ab. Und dann muss ich dann mal allen schreiben, dass heute Abend das Konzert ist. Du bist auch heute Abend? Ich weiss es noch nicht. Mal schauen, was mich herverschlägt im Fall. Ich weiß nicht. Also ich sollte jetzt so mal noch sich ein T-Shirt kaufen und das sollte ich eigentlich mal ein bisschen noch arbeiten, um noch mal ein bisschen Geld zu verdienen. Okay. Wann hast du das Konzert? Um 9 Uhr. Okay, ja, und wo? Im Tequilala, Okay, ja. Ja gut, dann können wir uns dort oben dann treffen. Dann. Ja, ich würd schon etwas zahlen. Was würdest du mir zahlen? Ich kann dir nicht sagen, wie viel, weil ich weiß noch nicht mal, ob ich etwas verdiene. Es kommt darauf an, wie viele Leute es kommen. Aber ich würde dir etwas abgeben dafür, wenn du ein bisschen dort bist und ein bisschen, ich weiß auch nicht, auf Security machst. Ich will ungern alleine sein. Okay, ja, schauen wir im Fall. Schauen wir mal, kein Ding. Und ich habe auch Angst, dass sie mich wieder abzocken im Tequilala. Ja, aber weißt du, also, die Frage, was hast du jetzt mit denen abgemacht? Ja, ich habe... Fahrst du mal los, sonst sind wir noch in 100 Jahren da. Ja. Nein, ich habe abgemacht mit ihnen, sie verlangen $27 Eintritt. Okay. Und die ersten 15 Eintritte gehen an sie. Komplett. Also, warte, $27 Eintritt? Ja. Okay. Und die ersten 15 Personen gehen komplett an sie. Und dann nachher? Und dann machen wir 50-50. Weil, so haben wir gesagt, können wir ihre Kosten einfach mal decken. Okay. Und plus natürlich Kollekten dann noch. Ich stehe auf der Bühne vorne einen Kübel her und es wäre mir eben auch lieb, wenn du auf den aufpasst. Also,
Und die Kollekte geht dann an mich selber. Die kann ich behalten. Also ich bin ehrlich, also ich finde den Deal recht beschissen. Ja, ich finde es eigentlich noch okay, weil ich rechne damit, dass ich weiß nicht, wenn jetzt nicht viele Leute kommen, dann Ja, der ist ja aber voll ins Bein geschossen dann eben. Nein, ich habe das Gefühl, es werden nicht wahnsinnig viele Leute kommen. Und so habe ich kein Risiko. Weißt du, er hat zuerst noch wollen, dass ich eine Kostenbeteiligung mache, also dass wir von allem einfach 50-50 machen. Und er hatte das Risiko gehabt, wenn nicht viele Leute kommen, dann muss ich noch Geld zahlen. Weißt du, was ich meine? Und so habe ich jetzt die ersten 15 Personen gehen, aber wenn weniger als die kommen und er Minus macht, dann interessiert es mich auch nicht. Aber ich bin sicher, dass die Leute werden Geld spenden und das Geld geht näher an mich. Also ich kann sowieso nur einen Bus also machen. hoffst du einfach auf Spenden? Ich hoffe auf Spenden und ich werde so, die Leute müssen ja nicht wissen, dass ich von der Eintritt auch noch etwas habe. Weißt du, was ich meine? Ich werde es einfach so kommunizieren auf der Bühne, dass, wenn es ihnen gefällt, können sie mir gerne etwas hier in das Kessel tun. Und ja. Okay. Ich spiele auch ja, ich glaube 4 neue Songs. Exklusiv heute Abend. Ja. Okay, ja, also gehen wir mal schauen da. Suburban, hier bin ich glaube auch noch nie gewesen. Und ich muss unbedingt wieder kurze Hose kaufen. Ah, ich brauche unbedingt ein Hemd oder ein T-Shirt oder so etwas. Ah, da jetzt mal. Und da unsere Caps. Ist halt scheiße, es gibt einfach wirklich das Cap gibt's nie in Game. Was ist das? Ah, Chat, ich sage nichts. Sollen wir echt so eine Beanie anlegen? Schaut scheiße. Jetzt sind hier noch Hosen. Wie findet ihr eigentlich Bruno sein neues Outfit? Hallo. Nice. Ist das noch kalt? Ah, nice. 88, Chuck Norris 88. Merci vielmal für dein Follow. Dankeschön. Hashtag merci und herzlich willkommen. Ah. Bröstli. Ich gehe schnell an den Automat. Okay. Ich habe zu wenig Geld abgehoben. Okay. Ja, hi Hundi. Hallo. Zum Wohl, merci. Wo haben die Hosen? Hier. Das sind ein paar kurze Hosen, die ich hatte, wären cool wieder. Die sind ein bisschen breiter als die ich jetzt habe. Das wird ein bisschen... Nein. Oh mein Gott, nein. Nein. Habe ich die vorher? Schwarze Jogging Shorts, ich glaube es. Ich glaube, die kaufe ich mir wieder. Kendrick? Ich glaube, die kaufe ich mir wieder. Es ist zu heiß für lange Hosen. Ich kann einfach mit Shirt rumlaufen, sieht man nichts. So. Kendrick? Bitte? Ah, Entschuldigung, ich hab dich verwechselt. Alles gut. Geiles Shirt. Danke. Ups.
Tag, der Herr. Guten Tag. Und sind Sie fündig geworden? Ich glaube, Sie meinen nicht mich. Warum? Oder allgemein meinen Sie? Ja, allgemein. Ach so, ja. Ich musste mir eine neue Hose kaufen. Okay, Ja, aber darf ich Sie mal was fragen? ja, selbstverständlich. Wo haben Sie diese schöne Kette her? Gefällt sie dir? Ja, die ist geil. Gut, ne? Da, wo ich die habe. Ich habe einen An- und Verkaufladen, weißt du? Okay. Kriegt man ab und zu immer sowas rein. Wie? Ab und zu kriegt man sowas immer rein, wenn man An- und Verkaufladen hat, weißt du? Okay. Ich kaufe halt Sachen an und verkaufe diese wieder. Okay. Also, haben Sie auch Uhren und so? Jetzt gerade keine da, aber generell bestimmt. Ist immer abhängig davon, ob ich welche da habe oder nicht. Okay. Kauft die halt auch immer an von Kunden. Aber du kannst dir gerne meine Nummern notieren. Ja, sehr gerne. Ja, es ist Terrys An- und Verkauf. Terry, wie geschrieben? Ja, Terry. Okay, einfach Terry. Terrys An- und Verkauf. Und ist das offiziell oder so ein bisschen Und das ist die 10, 20, 30. ohne Vorwahl, ne? Oder mit Vorwahl? Mit Vorwahl, ne? Nee, ohne. Ohne. 10, Das ist 20, Geschäftsnummer. 30. Ah, dann ist es so Genau. richtig offiziell, ne? Ja klar. Ah, okay. Ja, ich dachte, wenn ich so auf der Straße angesprochen werde, könnte ja auch anders sein, ne? Ja, klar. Okay. Ich hab's im Gebrauchtwarenhandel, weißt du. Ich kauf Ah, alles an. okay. Haben Sie auch Fahrräder? Nee, gerade keine da. Okay, weil mein Kumpel da, der gerade rein ist, sucht noch ein Fahrrad. Wie viel will er denn ausgeben? Ja, ich weiß Oder gar was nicht. sucht er? Was sucht er denn für ein Fahrrad? So ein BMX am liebsten, glaube ich. Soll ich einen Tipp geben? Oder soll ich ein gutes Geschäft machen? Am Stadtpark nachts? Oder was kommt jetzt? Nee. Ich überlege gerade, ich bin Geschäftsmann, du weißt, soll ich ein gutes Geschäft machen, aber ich könnte natürlich jetzt einen Tipp geben. Sehr gerne. Also ich meine, er ist erst ein paar Tage hier, er kann jeden Tipp gebrauchen, ne? Ja, ich kann auch jeden Dollar gebrauchen. Ja, das geht mir auch so. Pass auf, es gibt unten in Vespucci, gibt es seit gestern einen Fahrradladen. Okay. Am Strand oder wie? Ja, an der Promenade. Okay. Ich bin mal so gütig. Ja, vielen Dank. Erkundige dich da unten einfach. Okay. Also da beim eher links oder eher Richtung Pier? Von hier aus gesehen. Ja, Richtung nach links, Richtung Tennisplätze. Ah, okay. Wenn du mittig die Promenade siehst, so nach links. Okay. Ja, vielen Dank, ne? Ja, nicht dafür. Ja, und wenn du dich für so eine Kette interessierst, ja, na gut, da muss auch das gewisse Kleingeld für haben. Ne? Ja, klar. Ja, es hatte mich nur mal interessiert, was so ungefähr die Preise sind da. Ja, ich kann der UVP sagen, Hm? was das beim Juwelier so kostet. Wie viel? Vierstellig. Okay. Das ist kein Silber, das ist Platin. Ja, Platin ist geil. Aber ich glaube, da muss ich noch eine Weile Gitarre spielen für. Bist du Musiker? Ja, genau. Ja. Ich habe heute Abend um 21 Uhr spiele ich mein erstes kleines Unplugged-Konzert im Tequilala. Okay. Also wenn du vorbeikommen willst, gerne, ne? Ja, ich komme sowieso hier aus der Ecke, weißt du. Ah, okay. Ja, cool. Und ja. Wie gesagt, mir gibt's alles ein bisschen günstiger, weißt du. Also, ich kann dir sagen, diese Kette kostet, glaube ich, neu beim Juwelier $1.500. Okay. Aber mir gibt's das immer ein bisschen günstiger. Ja, das heißt ein bisschen günstiger. Da kommt ganz drauf an, was du für ein Kunde bist. Okay. Was, und mit Autos handelst du auch, ne? Nein. Nicht? Autos, nein. Okay. Es sei denn, es ist für mich privat interessant. Okay. Nee. Klamotten, alles, keine Ahnung, was man so zu Hause hat. Was man loswerden will. Sowas ist meins.
Ja, dann habe ich... Vielleicht auch mal was Außergewöhnliches. Ja, was Außergewöhnliches. Zum Beispiel, ich hatte bis gestern hatte ich eine spezielle Cap. Spezielle Camp. Mhm. Das ist ein Familienstück. Meine Verwandten haben mir das aus Los Santos mal mitgebracht und deshalb bin ich eigentlich hier und das war das letzte Ding, das ich noch von denen dabei hatte. Und, Ja, aber wenn du sagst, hattest du diese. Ja, ich hatte sie, genau. Und vielleicht kannst du mir ja so eine besorgen. Weißt du, was du suchst? Das ist so eine Los Santos Cap halt. Eine ganz spezielle, so schwarz und dann mit goldener Schrift steht groß Los Santos drauf vorne. Und weiß nicht, ob ich sowas hab. Kannst gerne, wenn du sowas in die Hände kriegen würdest, kannst du mich gerne mal anrufen. Ja, wie heißt du denn? Bruno Moser. Nochmal. Bruno, mach einfach Bruno. Ja, hab ich die Nummer. Die Vorwahl 555 Ja. 603 Ja. 029. Okay, Musiker sucht Camp. Genau. Ja, weil irgendjemand hat sich einen Spaß draus gemacht, gestern meine Bude auszuräumen. Und die wird irgendwo wieder auftauchen, ne? Weil es halt schon ziemlich selten und in den Läden gibt's die nicht. Ja, wenn ich mal sowas reinkriege, Okay. kommen wir bestimmt zusammen. Ja, ich hoffe es. Ja. Ja, gut. Ansonsten, ja, dann viel Glück heute Abend. Ja, danke schön. Und würde mich freuen, wenn du mal vorbeischaust. Ja, alles klar. Okay. Schönen Tag noch, Okay, ne? mach's gut. Ciao, Ciao. ciao. Der Sack hat sicher meine Cap schon. Das sehe ich erst jetzt. Kanalpunkt bei Cumulus. Heissen bei dir Cumulus-Punkte. Ja, Mann! Was ist das? Kendrick hat gesagt. Jo. Yo, Kendrick. Ja. Ja, wo bist Beim Maze Bank Tower unter. du? Was? Ja, ich habe kein Geldautomat gefunden. Ich laufe jetzt nicht runter, weil ich weiss, dass es eine Bank dort und ich will sicher einen Automat haben. Hast du doch etwas gesagt? Die hat dir einfach Geld gegeben. Ah, nein, ist ja gut. Du, Ja. bist du immer noch bei dem Typ vorne dran? Warte schnell. Nein. Der sieht recht unseriös aus. Ja, ich weiß, aber er macht An- und Verkauf von speziellen Sachen. Okay. Ich habe jetzt mal auf mein Cap angesetzt. Du weißt, was ich meine. Ich glaube, genau bei so einem Typ wird mein Cap landen. Okay. Weißt du, was ich meine? Weil mein Cap ist Ja. schon ziemlich speziell und genau bei so einem wird so etwas landen. Mm, Und gut, er hat zwar eine offizielle Nummer, ha? okay. Also, das Geschäft ist auch schon offiziell, aber ich nehme mal an, es wird einfach alles an- und verkauft. Okay. Ja, also, nein, ich bin jetzt beim Maze Bank Tower unten. Holen wir schon noch Kohle. Ja, ja, soll ich dich holen? Ja, wenn du runterfährst, kannst du sonst gar Kohle. Ja. Ich komme dich schnell holen. Okay. Tipptopp. Ciao. Ciao. Ja. Ich glaube, ich weiß, wo mein Cap ist. Mahlzeit. Moin. Maze Bank Tower, Alter. Der Sportler, Säckli, hört die.
10 Kilometer oder was? Wo genau? Es hat doch sicher vorher irgendwo ein Bankomat. Wo ist der auf? Jo, Jo, wo genau bist Bruno? du? Jo, hörst du mich? Ja, jetzt, hallo, ja. Ja, wo genau bist Gerade bei der Kreuzung, wo der Mace Bank Tower ist und der Tower, wo sie am Bauen sind da. Wo eine Brücke ist zum Rauffahren. Weißt du, auf die... Ja, ich glaube, ich sehe dich. Das ist, ah ja, dort, ja. Hast du Geld bekommen in dem Fall? Ja, habe ich gefunden jetzt. Und Du siehst ein Säckchen Schuhe weit, hä, Horti? Sportlich? ja, mache ja Sport. Ich wäre schon lange gestorben, Mann. Nein. In Südafrika mag ich schon Säckchen, weißt du das nicht? Ja, was jetzt nochmal in den Laden? Hast du etwas gesehen oder gefällt? Oder gehen wir weiter? Ja, voll nur geschaut. Ich muss dort hat es ein Säumchen, das ich nicht kaufen Okay. wo kurzarm ist und das passt mir ein bisschen besser. Ja, hast du noch etwas im Kofferraum? Wenn du das mal anschauen zuerst. Ja, was hast du im Kofferraum? Warte, ich zeig dir's. Kannst du mal schauen. Ich habe das mal für mich gekauft, aber ich finde irgendwie, es passt nicht so zu mir. Ja, das Basketball-Shirt. Siehst du es? Nein, ich sehe es nicht, wo liegt's? Ganz links, Basketball-Trikot. Da. Ah, Moment. Ah, da, ja. Moment, ich schau mal. Ich nehme es noch kurz raus. Mhm. Oh, ist der Kassel online jetzt? Gut. Darf ich mal schnell anprobieren? Ja, Muss leg noch schauen, mal ob's an. mir Leg noch mal an. Ja, nice. Ah, ist weniger mein Style im Fall. Okay. Also ich mache zwar Sport, aber ich lege mich nicht sportlich an. Okay. So. Also wieder reingelegt. Ja, Ja, easy. Ja, ich habe nur gedacht, was dir passt. ja ich geh mal schnell kurz. Multitwitch.tv, gibt's das? Kann man da beide Streams gleichzeitig schauen? Geil. Dann machen das unbedingt. So, ich sollte übrigens mal noch eine Insta-Story machen. Warte jetzt, ich vergesse gang auf welchem Numpad, dass ich... Nein! Nein, das ist der Mittelfinger. Scheiße. Das ist auf gar keinen Fall. Das ist Pfeife. Das ist Anlehnen. Gut. Scheiße. Vom 5 muss man das merken. So, mal noch eine Insta-Story machen. Ihr könnt live dabei sein, meine Damen und Herren. Wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir sind live auf Twitch. Wir haben unseren 12-Stunden-Stream gestartet. Vom 4 bis um 4. Ich bin euch schuldig gewesen. Der Bruno hat so einiges vor heute. Kommt vorbei, aufswipen. Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, das kann ich selber nicht noch einmal hören. Wow, ihr beide seid Streamer. Ja, Mann! Twitch.tv/
DJ Demochi. Ich kann mir selber nicht zulassen, ich hasse es. Ich kann so Müll labern. /DJ Demochi. So. Die erste Stunde haben wir schon geschafft, jetzt ist es nur noch 11 Stunden Stream. Ah! Wir haben vorhin noch eine Donation bekommen. Verdammt, das habe ich noch. Hey, ich muss mal an den Automat. Ist das ernst? Ja, die haben Sonnenbrillenaktion und ich brauche noch eins. Blende Touren da. Du willst nicht in den anderen Läden nachher schauen noch? Sonst fahren wir am Schluss noch mal her. Also, machen wir das so. Okay. Aber ich muss noch schnell etwas auf dem Handy schauen. Moment. Ja, mach nochmal. Fang mal den nächsten Laden im Navi. Oben links in der Küste hat es noch einen, glaube ich. Aber links bei der Küste, jawohl. Der Gfeschu hat vorhin gefollowt und donated. Warum zeigt es mir das hier nicht mehr an? Warum zeigt es mir das hier nicht an? Das zeigt es mir nur die Follows an. Der Gfeschu hat donated 5 Stutz, glaube ich, ist das gewesen. Ha? Merci viel mal. Liebe geht raus. Merci viel mal. So, mich als Superfan bezeichnen. Ich habe die auf Snap und wir sind in der gleichen WhatsApp-Gruppe. Jetzt machst du mir Angst. Wer bist du? So. Hast du es gefunden, ha? Kendrick? Ja? Bist du eingeschlafen? Ja, ich habe schon aufs Handy geschaut. Okay. Sorry. Bist du schon so abwesend, wenn du auf dem Handy rumdrückst? Ja? Ich bin voll nicht multitaskingfähig, weißt du? Ja, ich wenn ich voll konzentriert. Ja, eben. Wenn ich etwas sehe und lese, weißt du, ich bin auf Weasel News schnell. Ah, okay. Wenn ich dort etwas lese oder so, bin ich voll fokussiert. Was steht da so auf Weasel News? Ich habe noch gar nicht geschaut. Ja, ich habe jetzt einfach noch das nochmal gelesen von dieser Bar, wo wir ja das letzte Mal waren. Und der neueste, der oberste Artikel? Back to Black heisst der. Ah, okay. Hip-Hop im Tikilala. Ja, ist gut, hast du Glück gehabt. Ich dachte, du hättest wieder irgendwelche Pornos angeschaut oder so. Nein. Ja. Nein. Heute auf Weasel News, ja. Ja, Weiber anschauen, hä? Was das überhaupt, wenn ich jetzt so bekannte Seiten nicht würde eingeben? Ich weiß es nicht, Nein, ich probiere es nicht. In einer Gruppe. Da muss ich vergesse immer mich zu muten. In einer Gruppe hat ja einer Sally Bruno gesagt, das wäre ich. Ah, alles klar, okay. Nice. Hoi Emil. So, in einer Stunde sollte es wieder Kohle geben. Oh ja. Ah, sagt es Kendrick. Irgendein ist hier, da so links, so eine Hütte hier am Strand. Das wäre perfekt. Das wär's, das ist der Traum. Da ist alle Schnurren von Winewood, aber das wäre noch viel zu feste Stadt drin. Hier oben musst du heute an, dann hast du es geschafft. Dann hast du deine Ruhe. Ja, vor allem eben am Meer. Ja. Richtig geil. Direkt am Meer, Aussicht auf das Meer. Ah ja. Das kostet echt so eine Hütte. Wahrscheinlich schon ein paar $100 im Tag, nehme ich mal an. Aber mehr. Ich weiß nicht mal, ob die kannst mieten. Vielleicht kannst du sie nur kaufen. Ja, gehen wir schon mal zu einer her. Vielleicht sehen wir sie. Ich weiß nicht, ob die ob die an die so dran herkommst.
Meinst du schon über Über den Makler, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Hat es da irgendwo ein Automat? Ja, schau mal. Hallo? Ich will ein Tattoo machen. Hallo? Flex One, raiding with a party of 4. Hey, merci vielmal. Hallo alle zusammen, die vom Nenad kommen. Moin. Salut Papatrix. Uwe, salut. Ui. Also ich bin im Büro hängen. Das ist keine Sau rum. Salut zusammen. Herzlich willkommen im 12-Stunden-Stream mit dem Bruno. Oh, da verdienen wir es. Nenad, merci für die 20 Bits. Danke vielmals. Ist jetzt der Drang schon wieder her? Was hast du gemacht, du Hinkenbein? Ja. Der Bruno hat sich gestern ein bisschen aufgeregt. Das habe ich eben nicht gestreamt und auch nicht aufgenommen. Hast du einen gefunden? Ja, gerade dort ist einer. Ah, okay, okay. Was hast du eigentlich für Zeit auf deinem Handy? Ich habe 17:12 gerade drauf. Ah, scheiße. Ich muss mal mein Handy neu starten irgendwie. Ich habe immer noch 4:30 bei mir. Okay. Ja, nicht, dass es Sport zu deinem Auftritt Ja, eben. Ich gehe mal schnell kurz schauen, ob die auch Sonnenbrunnen in Aktion haben. Okay. So. Ah, jetzt aktualisiert es nicht. Gibt noch keine Commands. Nein, was ist passiert für die jetzt erst dazukommen? Der Bruno ist ausgeraubt worden gestern, weil er die Wohnung aufgelassen für den Kendrick. Und irgendjemand hat alles ausgeraubt und ja, jetzt hat er sich neu eindecken. Er hat sich ziemlich aufgeregt, hat dann eine Autoscheibe eingeschlagen mit dem Fuß, darum humpelt er ein bisschen. Und seine Cap ist fort. Alles andere ist ihm eigentlich egal, aber sein schöner Los Santos Cap ist weg. Und er ist hure pisst wegen dem, weil das ist das Erbstück, das Familienerbstück. Und er wird alles probieren, für wieder an das Ding herzukommen. Und das ist sein neues Outfit, ich habe es wieder zusammengestellt. Also die Schuhe sind neu, die Hosen sind neu, Shirt ist neu, aber Hose und Shirt haben wir ja schon so gehabt. Cap ist ein neues und die Schuhe sind komplett neu. Ja, ich muss schnell schauen wegen der Caps. Hat es anderes Zeug hier? Oder ist das Also die gleiche Kette? Die Sonnenbrille ist genau die gleiche. Mm. Du hast ja, glaube ich, die gleiche Modellinie da. Ja, Suburban, ha? Ist da irgendetwas? Ja, du hast auch noch mal hier Caps gesehen, gell? Ja. Ja, hure Scheiß, Mann. Ich könnte schon wieder in eine Wange shooten. Muss man noch schnell schauen, ob ich irgendwie jetzt automatische Ziele abstellen kann. Ja, hoffen wir mal, dass der andere sie findet. Oder irgendwie, weißt du, der jetzt in Auftrag gegeben hast. Ja, kannst sicher sein, dass die bei dem wird auftauchen, weil wie gesagt, kaufen kannst du sie nie. Ja, gibt es noch andere Ja, es gibt oben im Norden noch einen, aber ich weiß nicht, ob das so eine so eine Suburban ist und die nicht das gleiche haben. Ja, warte mal. Mal schauen.
weiss nicht, wo ich umschalte, dass nicht jedes Mal am Castle nicht die Fresse holt, wenn er in der Nähe steht. Schickes Hemdli. Danke. Ganz oben im Norden, in Parlito Bay, habe ich gerade geschaut auf der Karte. Beziehungsweise vom Handy meine ich. Dort hat es so eine Bingo oder so, ich war noch nie so einem drin gewesen. Okay, hat es den nur dort oben oder so in der Stadt? Warte mal. Ach komm, wir fahren einfach rauf. Willst du fahren? Nein, ich fahre nicht, ich habe kein Billett. Ach komm, das ist egal. Es gibt nur Lampen, hör auf. Nein, da kann man sicher keine Cops bis dort rauf. Du Ja, kannst ja gut. fahren, du hast ja Ausweis. Und wenn Cops uns anhalten, sagst du einfach, du hast afrikanischen Ausweis. Du hast nicht gewusst, dass du den hier musst neu machen musst. Punkt. Also, Dann lasse ich dich sicher mit einer Verwarnung davon kommen. also. Gut, warte, ich lade ihn einfach an. Also wenn das Auto anlässt, weiss ich glaube schon. Ja, Also ich- genau Ich so... muss den anladen, weil ich den Schlüssel habe. Ah, darum. Ja. Sonst können wir uns ja nachher mal um deine Prüfung kümmern, noch heute. Jetzt am Nachmittag ist vielleicht nicht so viel los. Ja, können wir eigentlich, ja. Das wäre doch etwas. Schnell mal legal unterwegs. Ah, ich sag das, Kendrick. Was willst du mir sagen? Meine Nerven. Ja, Ist jetzt alles so gehen gut gelaufen in dieser Stadt, bis du gekommen bist. wir- ja, hey, hallo. Nur weil ich schwarz bin, oder was? Nein, aber wenn ich doch die hure Tür geschlossen. Ja, Oder zumindest, wir haben ja noch drüber gehabt, wir haben ja noch gesagt, er schafft Gespliesse. Oder wenn ich einfach das Cap abhalte beim Schlafen. Warum? Ah, Mann. Sonst ziehe ich das Cap nie ab. ja, aber es ist auch in den letzten paar Tagen sehr heiß gewesen, gell? Also, Ja, und ich wollte nicht, dass es kaputt geht. Weißt du, so vorne. Ja. ja, weißt du, dass der Deckel vorne nicht krumm wird. Ja, genau. Und es gibt eben hier nur die blöden Caps mit so krummen Deckeln. Also so eins wie ich habe, meinst du? Ja. Nimm es mir nicht übel, aber das ist so gar nicht mein Style. Auch das, was ich jetzt habe, das ist Jeder hat so. seinen eigenen Geschmack. Ja, es ist ja so. Und zu dir passt es so, ich finde es sieht gut aus. Auch wenn ich am ersten Tag habe gesagt habe, du brauchst ein anderes Cap. Ah, Mann. Auch das, was ich jetzt gekauft habe, ist. Es ist okay, aber es ist einfach. Es ist nicht Bruno. Ich will mein Cap wieder. Ja, komm, jetzt gehen wir mal in den Bingo schauen, vielleicht haben die ja so etwas. Ja, es ist halt nicht gleich nicht das gleiche Teil, wie ich von meinen Verwandten bekommen habe. Weißt du, was ich meine? logisch. Wenn ich es jetzt neu kaufe. Es regt mich echt auf. Ich glaube, du solltest mal bei deinem Auto die Spur einstellen. Das Auto zieht von links nach rechts. Das ist eigentlich. Das sollte eigentlich nicht. Ich glaube, du kannst einfach nicht fahren mit deinen afrikanischen Skills. Ah, ich sag das. Ich könnte den Boden kotzen. Ja, du, wer weiß, weißt, vielleicht habe ich die Fahrskills von meiner Mutter übernommen. Ich wurde aus dem Aargau, ich immer gehört habe. Hey, ich habe es jetzt nur gedacht vor, ja. Ich habe wirklich gedacht, soll ich dir jetzt den Spruch reindrücken? Ich weiß nicht, ob es so ist, aber Ja, ich habe vorhin, als du bist losgefahren hast, also gedacht, ja, das Fahren hast du aber vor Mutter. Oh Mann.
wäre der Stopp gewesen. Ja, ja. Das gesehen. Ist ja keiner gekommen, was will ich denn anhaben? Das wäre auch ein Stopp gewesen. Ja, Du hast eine Fahrprüfung. Was macht man im Stopp? anhalten. So ist brav. Sag einfach bitte nicht, dass deine Mutter aus dem Aargau kommt, wenn du die Fahrprüfung hast. Meinst du, wissen die Bescheid? Ich weiß es nicht. Also der Ladung sieht recht schäbig aus. Ja, ich will gleich schnell schauen. Weisst nie. Aber warte, ich muss schnell das Auto abstellen. Ja, okay, gut. Passt zu dir. Ja, ja, ich glaube, der steht mir wirklich noch. Wenn wir uns beide so einen suchen tun. Sieht aber nicht so aus, als ob sie auch so einen hätten. Wie findest du, steht mir so eine Mütze? Siehst du aus, als würdest du jetzt gerade etwas überfallen dann? Ja, mach ich ja. Die, gib mir dein Geld. Ah, Scheiße, Mann. Ah, mein Fuß. Hoffnung habe, dass dort ein bisschen Geld drin ist, aber es ist leer. Was, in Parkour oder was? Ja. Ja komm, du mal am besten sonst schau eins rauchen oder so, zum ein bisschen runterfahren. Ich habe schon wieder die Türen geshootet, siehst du das, Necki? Ja. Bist du froh, dass der Ladeninhaber gerade nicht geschaut hat? Ja, Schotti hinter ins Lager, ich habe gefragt, ob er noch ein Cap hat. Nein, habe ich nicht, aber er ist nicht da. Ich denke, so einem abgefuckten Laden ist ja keine Überwachungskamera. Ja, und wenn es sind, sind sie wahrscheinlich schon kaputt. Aber sonst wäre es, glaube ich, noch geil. Also, ist das hinten das Meer jetzt, da geht hinter dir? Dort meinst Ja. du? Ja, dort wird schon das Meer sein, ja. Aber da oben wohnen wäre schon noch nice, aber halt eben nachher wieder alles runterfahren ist halt kacke, gell? Ja, wenn wir dort mal schauen, wegen Häuser. Ja, gehen wir mal schnell, ja. Komm, weißt du was? Sorry, schnell. Komm, fahr! Fahr! Fahr mal da vorne links. Ja, das sind überall so Sale-Schilder. Ich hätte ja irgendwo etwas, was man kaufen kann. Ja, aber so eine Hütte wette ich nicht, die sieht schäbig aus. Die sieht cool aus da. Ja, so etwas zum Beispiel. Ja, komm, ich fahr da einfach mal gerade rein da. Ja. Und? Ja, da wohnt schon jemand. Also auf der Glocke steht auch ein Name drauf. Ja. Schade. Ja, wenn wir da beim nächsten Tag schauen. Ja, komm, laufen wir schnell rüber. Das würde mich darum nur wundern.
Junge, wie laufst du? Ja, das gleiche könnte ich auch dich fragen. Ja, ich bin im Rauchen. Ist es normal, dass wir da laufen nicht unten? Soll dir noch einen reinholen? Ja, du hast mir schon 2 gegeben, ich habe einen übrig jetzt noch. Ja, Mal schauen da. sieht schlecht aus. Nein, schon da ist auch schon jemand drin. Ja. Aber komm, wir schauen mal. Es hat mich nur mal unter uns ausgesehen. Ist echt jemand daheim? Hallo? Hallo? Sieht nicht so aus, komm, wir gehen mal schauen. Alter. Kendrick! Zieht er das mal rein. Das wäre richtig geil da. Hey, shit, Mann. Alter, wie geil ist warte das? mal. Muss ich gerade ein Foto machen? Wo ist jetzt die Kamera her? Die haben immer bei mir. Mit dem Objektiv? Ja, ja. Da kannst du voneinander nehmen und ist zusammenfaltbar, weißt du? Ah, okay. Krasser Scheiß. Ist das südafrikanische Technik? Ja, da schaust du blöd, da gibt es so viele Sachen dort unten. Heftig. So. Echt geil, ey. Da ist dort hinten ist schön der Sonnenuntergang dann. Ja, Mann. Gut, nein, auch ein Sonnenaufgang, oder? Nein, Untergang. Und, Wenn ja, die wo sind wir jetzt? Sonne steht ja dort oben und die Sonne geht dort hinten runter. Stimmt, die sollte irgendwo... Wir haben ja- Nein, warte jetzt mal. Wir haben ja 5 jetzt. Die Sonne geht ja nicht auf, sie geht jetzt dann runter. Ja, aber sollte die nicht eigentlich... im Vespucci Beach runtergehen? Gestern ist sie doch im Vespucci Beach runtergegangen. Vorgestern, wo wir ihn getroffen haben. Ich glaube, das täuscht im Fall. Okay. Ja, aber weißt du, ich meine, die Hütten, die wir vorhin gesehen haben, die sind doch viel zu teuer. Und hier ist genau das gleiche, nur halt ein bisschen in einem günstigeren Häuschen. Ja, schau mal, also ich weiss nicht, ob da ist, aber ich gehe jetzt da, ich hocke jetzt mal dort her. Ja, ich gehe. Ich würde dir ja jetzt ein Bierchen ausgeben, aber nach einmal. So. Ah, da kannst du schön hocken. Schön schauen. Abla, Entschuldigung. Jetzt das Bänkchen ein bisschen verschoben. Hock noch mal hinterher, komm hier. Ist doch einfach schön da. Kendrick, Ja. jetzt habe ich ein Ziel in dieser Stadt. Ein Haus da, oder was? Das Haus. Das Haus da. Das Haus hier. Ja, am besten gehen wir sie überfallen und bringen wir sie um, oder? Jetzt machst du mir Angst. Alter Mann. Heftig, ha? Weißt du, hier so ein bisschen Grillparty, draussen chillen, Strand runter zu Fuß. Ja, geil, das wäre wirklich geil. Oh Gott, bin ich müde. Ey. Ah, ich muss schon kurz. Da noch einen Kaffee, einen kalten. Ja, ich trinke den mal schnell kurz. Ich hatte ein bisschen Durst, aber hauptsächlich müde. Ey. Okay. Der Kaffee da ist auch verdammt wässrig, ey. Ja, Kaffee haben sie nicht so im Griff. Außer dem Little Italy, dort ist es geil. Die kostet der denke ich aber ein halbes Vermögen, gell? Ja, es geht eigentlich noch. Und wir haben einmal auch nicht so viel gezahlt für unser Essen eigentlich. Ja, schlussendlich war alles wieder draussen gewesen. Ja, du... Dir gebe ich aber nie mehr Alkohol. Ja, schade, ich wollte gerade vorher vorstellen, dass wir ein Bier trinken. Ja, wenn du mal verleiden das mal, dann können wir das machen, ja. Ja, ja. Einfach eins, weil ich mal hin... aber nein, weißt du, jetzt kümmern wir uns jetzt um deine Fahrprüfung, Junge. Dann kannst du dann... Kannst du auch ein bisschen für mich fahren. Für dich fahren? Hm? Ich bin kein Chauffeur. Und wenn ich dir Geld gebe? Und wie viel Geld? Ja, Anteile von
Von meinem Verdienst als Musiker. Ich meine, wenn ich schon mit so einer Limo vorfahre, die ich da habe, dann muss ich auch hinten rein, weißt du, mit Chauffeur, das hat schon Stil. Der Strassenmusiker, der mit Limo und Chauffeur kommt. Genau. Genau. Ah, okay. Jeden Tag beim PD spielt. Ja, genau. Ja, wegen meiner Scheibe sollte ich auch mal noch schauen hinten. Ja. Ja, wenn wir mal Wenn es mal schiffen, schiffen sie in den Kar rein. Ja, wenn wir mal zum PD. Ja, so komm, gehen wir mal schauen. Fühlst du dich ready für die Prüfung? Nein. Okay. Hey, weißt du was? Warte noch schnell. Ich habe noch eine Idee. Ich habe eine Nummer von einem Makler. Ich rufe dem jetzt einfach mal an und frage, vielleicht ist das Haus ja zum Verkauf hier. Also, machen wir. Wie heisst der Ort hier oben? Palito Bay. Palito Bay. Ich mache ein bisschen Training noch in dieser Zeit. Okay, Irgendwie okay. muss ich mich ein bisschen bewegen. Sportfreak. Macht Spaß. Henrik geht aus, Mann. Jetzt soll es reinkicken. Mit dem Jacka. Jo, hi. Yo, Ben, wie geht's? Jo, ja, alles gut und bei dir? Ja, geht. Das Alkohol hat gestern so reingeknallt, ich bin noch reingepfiffen, aber ich bin so weg heute. Scheiße. Aber ansonsten geht's. Okay. Ja, was machst du? Ja, ich hole gerade Sophia vom Duell, weil sie sich beworben hat. Okay. Und danach weiß ich nicht warum. Ja, nur so. Ja, was willst du denn heute noch machen? Ja, bin jetzt mit dem Kumpel noch die ganzen Läden abgefahren, da um vielleicht so eine Cap zu finden, aber sieht schlecht aus. Deiner Cap ist auch gar nicht am Stadtpark. Okay. Ja, und jetzt, ich glaube, wir kümmern uns mal darum, dass er endlich die Autoprüfung macht noch. Ja, Und dann, keine Ahnung. okay. Ja gut. Also so gesagt, hast du heute schon was eingeplant oder? Ja, um 21 Uhr mein Konzert, ne? Stimmt, ja, da bin ich auch dabei. Okay, cool. Bin der Uwe, bin auch dabei. Ja! Wunderbar. Kannst ja ein paar Portemonnaies einsammeln im Publikum für mich. Ja, kann ich machen. Für die Kollekte. Ja, ich kann dein Pot sein, den du da hinlegst. Ja.
Ja, oder auf meinen Pot aufpassen, ne? Oder so, jetzt ist so Security-Style. Genau. Mit Bezahlung habe ich gehört. Nein. Ja, wenn ich Geld hätte, ja. Ich mach das schon auf Freundschaftsbasis. Okay. Ja, okay. Gut. Ja, gut, okay, dann, ja, spätestens 21 Uhr, ne? Jo, Okay, und vielleicht, ja, so viel Wasser. Ja? ja, ich schau mal, schauen jetzt mal wegen seiner Fahrprüfung da und sonst rufe ich euch mal an. Okay, gut. Und, Ja, dann bis dann. ja, wenn ihr noch Leute trefft, unbedingt mitbringen, ne? Ja, ja. Ich brauch die Kohle, ich hab all meine Kleider verloren, ne? Ja, ich mach das schon. Okay. Danke Okay, dir. gut. Jo, kein Problem. Ciao, bis später. Jo, bis später. Ciao. Junge! Was ist, ja? Ah, was? Alles gut bei dir? Ja, und bei dir? Ja. Mensch, ich schaffe es mit meinem Scheichen da. Ich sollte eigentlich gleich einen Liegestütz machen, oder? Ja, kannst du mal probieren, aber ich würde nicht zu fest machen. Ich meine, du bist der Experte. Ja, sonst, wo tut der überhaupt den Shake? Tut er nur den Fuß weh? Hast du Ja, gesagt, der rechte oder? Fuß, aber ist jetzt eingebunden, es geht einigermaßen. Ich glaube, ich könnte eigentlich auch wieder normal laufen. Ja, mach lieber mal ein paar Sit-Ups. Weißt du, nicht Liegestütze, weil Liegestütze tust du den Fuß blöd anwinkeln und dann könnte er wehtun. Okay. Mach lieber Sit-Ups und dann nachher probierst. Und wenn es geht, und du merkst auch, wenn du nachher, wenn probierst mal normal zu laufen und wenn es geht, dann nachher kannst du auch noch Liegestütze probieren. Aber ich würde nicht zu viel machen, gerade am Anfang. Okay. Mach ich das richtig? Ja, komm, weiter! Komm, ab! Sieht gut aus. Auch nicht zu viel. Wie viel noch? Ja, komm, mach noch 3. Jetzt noch. Ich will nicht mehr. Komm on, nein, da 2 meine ich. 1. Und 2. 2. Noch eine. Der langt. Alter. Und wie fühlst du dich? Scheiße. Was scheiße? Alter. Ja, also komm, wir gehen. Merci Uwe für den Host. Ja, wo willst du her? Deine Fahrprüfung machen. Also, Let's go. immer. Eigentlich sollte ich noch eben noch an den Strand gehen oder sonst irgendwo Kohle machen noch. Ja, komm, Sozialgeld regelt. Ja, weißt du, ich muss. Warte, wann für Zeit überhaupt? Ich muss eigentlich schauen, wieder an einen Automat beziehungsweise. Wie viel kostet es? Hast du $80 hast du gesagt, gell? Ja. Aber es hat einen Automat im PD. Ah, okay. Aber das Haus da merke ich mir. Ah, was hat er gesagt? Oder was hat sie gesagt? Ja, noch nicht erreicht. Ah. Aber ich habe noch mit dem Band telefoniert. Die kommen auch. Weißt du, ich werde dir noch mal ein bisschen Leute vorstellen. Was? Ja, Leute, es ist jetzt ein bisschen komisch gewesen zum Laufen, weil irgendwie habe ich so heiß gehabt. Weißt du, man hat so ein kleines Hörmchen an der Haut geklebt. Ja, dann laufst du wie eine hure aufblasige, weiss nicht was. Ja, da müsste ich schnell kurz so ein bisschen breiter laufen, weißt du, dass es so ein bisschen löst. Fahrst du? Ich will schnell 2 Minuten die Augen zu tun, ich muss schnell ein bisschen entspannen. Ja, aber ich kann doch nicht zum PD runterfahren ohne Ja, nein, halt dich vorher an. Also, komm. Komm. Wir laden nach. Steige ich.
Also einmal zum PD-Chef, ne? Okay. Hey Junge! Also du schnell ein bisschen die Augen zu, ha? Ja, mach nur. Bis grad. So, Chat, ich muss schnell aufs WC. Schaut mir, dass der Cape kein Seich macht. Und der Malo postet da oben den Link rein, dass die beiden gleichzeitig zuschauen können. Ist vielleicht auch noch witzig. Bis grad.
Ah, was? Was ist? Die Häuser da sehen aber auch nice aus. Auf das weggeschmiert. Ja. Wenn wir mal schauen da unten. Nein, komm, fahr jetzt. Zuerst mal Autoprüfung für dich. Ist wichtiger. Das kann sie gar noch nicht machen, Mann. Du nicht schwierig, du hast nur Angst. Nein! Ja, aber ein bisschen Schiss habe ich schon. Ja, Aber das machst du schon. ich habe mir einen Spickzettel gemacht. Gut. Ich habe Lass dich einfach nicht verwutschen. Ich habe es mir abfotografiert und habe mir einen Spickzettel gemacht mit einfach Verkehrsgesetz muss ich wissen und Dings oder Geschwindigkeiten. Genau. War innerorts 50, außerorts 80 und auf dem Nein. Freeway unbegrenzt. Falsch, durchgeht. Also 50, dann Fall 90 unbegrenzt. Richtig. Ja, also fast. Hey, pass mal ein bisschen auf. Ja, ja, nicht getroffen, beruhig dich. Da musst jetzt du einfahren, wie Ja, ich also komm. weiter. Hure sicher ist das heiß da hinten drin. Ist ja die Scheibe offen. Ja, die Scheibe ist eigentlich weg. Eben. Aber der Sitz ist heiß. Wenn du drauf gehockt bist. Ah, sorry. Hast du wieder Chili gehabt, oder was? Ich schwitze ein bisschen. Was ist das da hinten? Kendrick, Jo! wenn du da gerade ausschaust, das Tor ist offen, gell? Ja, bei mir ist es offen, ja. Was zur Hölle ist das hier? Das ist wie eine Garage. Okay. Nein, da sind keine Autos drin, sonst hätte ich schon mal ein Auto gehabt jetzt. Ja, kannst du mal das PD im Navi eingeben? Schau, da hier macht übrigens jetzt ja einen neuen Club auf. Wo? Da Links, geradeaus rechts, das Bahama Mama Okay. West. Ja, musst du nicht markieren, ich weiss, wo wir sind. Ja, schon durch. Ja, ich habe es mit meinem langen Arm von da hinten an eingestellt, ist schon gut, kein Ding. Ja, Hunger und Durst. Dann mal etwas Ja, essen. schmeißt mich da raus und dann kannst du Oh. mal etwas zu essen holen. Hast du das gesehen da hinten? Was? Die Riesenbaustelle ist weg. Die sind fertig. Ah ja, Also, dann die Autos vorne raus. Von der Polizei gesehen. Ja. Hey, warte mal. Warte. CH Mario ist ein geiler Sicht. Merci vielmals fürs Follow. Willst du etwas essen oder hast du Essen im Kofferraum noch? Oder? Ja, noch etwas dabei, aber ich nehme die Gitarre noch mit. Ah, okay. Also ich geh mal rein, ich geh mal probieren. Ja, ich komme schnell mit noch. Okay. Hast du Angst, ich mach sie nicht, oder was? Ja. Hey, hure krass, hier bist du eigentlich da die Baustelle gesehen, jetzt ist sie einfach weg. He? Ja, ist doch gut. Heftig, Mann. Da ist jetzt auch noch ein Anhänger, haben sie auch nicht geholt, aber Ja. es ist besser so, ja. Krass. Ah, scheint es sind aber nicht viele Polizisten auf Patrouille, dass sie so viel stehen. Ja gut, ich weiß nicht wie viele Kerren die haben, aber auch viel, gell?
Weiß ich nicht. In so einer grossen Stadt. Wie die geschlossen? Ja. Habe ich jetzt also auch noch nie erlebt. So Siehst du etwas. jemanden drin? Moment, schauen wir mal. Warte mal. Hallo? Ja, wir wollen probieren noch. Auf die andere Seite. Vielleicht sind alle unterwegs, gell? Ah. Okay. Okay, aber ist hier niemand da. Hallo? Hallo? Hallo, Polizei? Vielleicht da oben? Hey, gell? Warte mal schnell. Was? Hey, was machst du? Was machst du? Komm weg da! Ja, vielleicht kann ich... Vielleicht kann ich auch selber einfach meine Fahrprüfung eingeben, dass ich sie gemacht habe. Was haben wir gemacht? Schnell. Wie Ich die über den Computer? höre Türen. Du kommst sicher nicht rein. Ah. Man braucht das Login. Ja, eben. Ja, kein Login. Aber ich habe jetzt gerade auf einen Notruf angerufen und dort nimmt einfach auch niemand ab. Oh Gott, ey. Katastrophe. Gell, 911 ist in Amerika. Was meinst du? 911 ist in Amerika, gell? 911, ja. Ja, 911. Die Gummibärli essen. Ich höre, nicht. ich höre Schritte, du nicht. Ja, ich höre auch Schritte. Ruf mal. Hallo? Ich höre auch... Ich höre Türen die aufgehen. Mhm. Ja, wir warten mal, komm. Weißt du, was ich machen könnte, dass sie kommen? Was denn? Ich meine, zu dieser Chance komme ich sonst eigentlich nie. Warte schnell. Hey, geh noch mal auf, ich höre die ganze Zeit rumlaufen. Aber warte noch, ich habe eine Idee. Ja, warte, ich gehe zuerst rauf, bevor dass du da deine Idee... Hallo? Bin ein Schweizer Mann, bin ein kleiner Schweizer Mann, bin ein Schweizer in Los Santos. Wow, bin ein Schweizer Mann, bin ein kleiner Schweizer Mann, bin ein Schweizer in Los Da wird einfach die Türen offen. Santos. Bin ein Schweizer in Los Santos.
Laufen mit dem Kendrick im PD. Lauf voraus, ich lauf danach. Zeig mir, wo die Cops denn so sind. Bin ein Schweizer Mann, bin ein kleiner Schweizer Mann, bin ein Schweizer in Los Santos. Bin ein Schweizer Mann, bin ein kleiner Schweizer Mann, bin ein Schweizer in Los Santos. Moment. Na, ich glaube, es ist alles abgelaufen. Im Fall. Kendrick? Ja? Ich glaube nicht, dass wir hier rein sollten, oder? Ja, ist das mein Problem, wenn niemand drunter steht? Mensch, wir können sie irgendwie bedienen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben da nicht so Zugriff auf die Sachen. Ah, nein. Komm. Ah, besser, laufen wir aber mal da rechts. Oder, was ist da? Department Komm, of nicht Justice, das ist das Gericht, Alter, komm. Das ist das Gericht, Mann. Da ist auch komm rein. Wieso sind einfach 2 Türen offen? Ja, wahrscheinlich, weil man hier zum Gericht kommt. Da sind wir auch schon am richtigen Ort, wenn wir etwas falsch Was ist hier Kitchen? Das ist die Küche. Und? Ist niemand da am Anfang? So einen Donut kaufen hier. Nein, kannst du auch nicht kaufen. Ist Da. abgeschlossen, ja. Hey, pass ein bisschen auf mit dieser Tür. Hey, komm, lass... Komm, Geh mal ein bisschen weg, ich werde mal schnell kurz ausholen. Hey. Digga, die haben sicher Überwachungskameras. Also besser weg da. Ja. Mamis Bein. Ah. Aber was ist das für ein Speedy, wenn da niemand ist? Ich weiß nicht, aber... Junge, machst du mir einen Gefallen? Kendrick, Ja? machst du mir einen Gefallen? Was? Du hast auch deine Kamera dabei. Ja? Machst du mir ein Foto von mir? Meine Gitarre spielen dort hinten. Also, Komm mal mit. Weißt du, so von hier und dann ein bisschen von weiter vorne und von unten rauf. Irgendwie so, weißt du, was ich meine? dass das Vespucci Beach drauf ist. Genau, und das ganze Logo und ja, die Ami-Fahne. Bringst du das alles drauf, wenn du ein bisschen hinterher gehst? Vielleicht Ah, noch. ich muss noch ein bisschen weiter hinten noch. Moment. Ich Ist mir mache noch- von da. Da. So. Sieht schon geil aus mit der Sonne noch, hä? Ja, Moment, ich muss schon meine Kamera zusammenbauen. Sieht geil aus mit der Sonne, oder? Sieht gut aus, ja. Aber ich muss schon die Kamera zusammenbauen. Kannst du auch filmen mit der? Filmen kann ich auch, ja. Soll ich schnell ein bisschen spielen? Machen wir ein Promo-Video. Also mach, warte mal. Aber du musst aufnehmen, hä? Das geht da. Da. Also, ich spiele schnell einen Song und du nimmst ein bisschen auf, hä? Jo. Okay, ich spiele einen neuen. Einen, den noch nie jemand gehört hat. Das ist Premiere vor dir, hä? Tipptopp. Kannst du mir sagen, wie du ihn findest? Moment. Dude, dann ist PD.
Alter, hör auf. Dort sind Leute. Okay, komm, wir gehen. Von wo sind jetzt die Plätze gekommen? Ich weiß nicht, aber komm, wir gehen. Also gehen wir. Gehen wir. Besser kommen wir nicht raus, Ja. und da vorne. Hast du noch Bankomat? Nein, Geld geholt. Das war ein Polizist gewesen. Hat mehr ausgesehen wie ein Anwalt oder ein Richter oder so, aber komm, wir verpissen uns, Mann. Hast du also- etwas können aufnehmen? Aua. Witzeli, ja, ist gegangen, ja. Okay. Ja, ich immer noch nicht besser mit dem Scheichen. Nein. Wenn ich jetzt mit Auto fahre und ich will die Kontrolle kommen, dann weiss ich nicht meine Schuld, wenn niemand auf dem PD war, oder? Wenn wir so dreist sind, ja logisch dürfen wir nicht, weißt du schon. Aber du fährst. Wenn wir mal da rein, vielleicht ist da noch einer drin. Ja, schau mal, ob offen ist. Lauf. Hallo. Ich verrecke, das sind einfach die echten Cops. Ja, er sieht leer aus, Hey. immer. Siehst du die Bilder hier, Wang? Ja, Das sind die Leute, die hier arbeiten, hä? ja. Weil von dem Typ da, der Walter Weiss, siehst du den? Mhm. Von dem habe ich schon gehört, das ist der Chef hier. Okay. Aber da sind wahrscheinlich nur die Höhen drauf. Wahrscheinlich. Glaube Jeremiah Carson, der hat mir auch schon mal beim Gitarrespielen zugelassen. Mackenzie, Diaz, Nava, Jack Williams. Ella Morel. Okay. Ja, komm. Gehen wir Ja, raus da. ja. Wieso macht man auch nur eine Tür auf? Ich habe schon wieder Hunger. Warte. Mein Gott. Ja, noch Du bist Gummibärli. verfressen. Ja, nur so scheiß Gummibärli. Mir ist ja alles geklaut worden. Ja, dann gehen wir schnell an die Tanke und dann holst du dir einen Burger to go. Ja, dann gehen wir etwas essen. Richtig, weißt du? Pizza oder so. Wo willst du gehen? Little Italy. Also, gehen wir schauen. Vielleicht steht Aber jemand heute rum. zahlst du. Also, von mir aus. Okay. Hast du noch Platz in deinem Kofferraum? Warte schnell, Telefon. Hey Jack. Grüezi wohl. Grüezi wohl. Hast du mich gerade Jack? Achso, Jack. Oh, okay, nevermind. Ja, was geht? Wieso? Heißt du nicht Jack? Ja, nee, doch, ist richtig. Ich habe aber gerade komische Dinge verstanden. Okay. Ja, was geht? Nicht viel. Und bei dir? Ja, auch nicht so viel. Ich spiele heute Abend um 21 Uhr im Tequilala. Spielst um 21 Uhr? Okay. Aber das ist nicht das Event, wovon ich auf Weasel News gelesen habe, oder? Nee. Nee, ist nur so ein kleines Unplugged-Konzert. Heute Abend so. Ein paar neue Songs, gemütlich. Ja, ich kann ja mal... Pass auf, bleib mal ganz kurz nach. Mädels, habt ihr Bock heute Abend Gitarrenkonzert? Im Tequilala. Ich weiß nicht, hier Bruno, was kostet der Eintritt da? Ich glaube, die machen 27. 27! Ja. Oh scheiße, du musst unbedingt mal mit dem Split reden. Das Preismanagement ist ja weird. Wieso meinst du? Ja, $27 für ein Gitarrenkonzert, das kannst du machen, wenn Eddie Nemmer auftritt.
Also jetzt Hey, nicht komm die schon. Mission, Hey, also die meisten Leute, die ich gefragt nein, haben... nicht Ja. missverstehen. Nicht missverstehen. Aber es ist halt auch nur ein gewisser Anhang, schätze ich mal. Ja, Wenn da jetzt nicht 300 Leute die Bude nee, aber einstellen. ich sag mal, die meisten Leute haben gesagt, sie würden 50 bis 100 bezahlen, um mich zu sehen. Ja, das würde ich wahrscheinlich auch tun, aber ich meine, Ja, du siehst du? verdienst ja nicht mal ansatzweise von dem ganzen Geld, was da eingenommen wird, irgendwie die Hälfte. Nee, ich mach dann noch eine Kollekte auf der Bühne. Ach, das heißt, der Eintritt ist nur für den Split, ja, dann sag ich doch, du musst mal mit dem reden. Nee, ich hab irgendwie, also wir haben dann einen speziellen Deal. Ab einer gewissen Anzahl Personen habe ich auch was davon, aber ich weiß nicht, ob wir die erreichen. Ja, gut, ne? Das, ja. Aber ist jetzt für einen Anfang ist es okay. Ja, ich frag mal rum, ob da noch Leute mitkommen. Sehr gerne. Ja, schauen wir uns gegebenenfalls heute Abend, ne? Okay. Und sonst, falls du jemanden siehst, du weißt ja noch die Cap, die ich immer aufhab, ne? Erinnerst du dich? So eine schwarze Los Santos Cap. Eine ganz seltene. Ach so, ja. Die habe ich aus der Schweiz noch mitgebracht. Ja, hatte ich von meinen Verwandten bekommen, als die hier mal im Urlaub waren. Und die gibt es hier nirgends. Ja. Und die wurde mir geklaut, wurde eingebrochen letzte Nacht. Ernsthaft? Jupp. Also eine Mütze, für eine Mütze brechen die Leute jetzt bald ein. Ja, die haben auch alles andere mitgenommen, aber das ist mir halt egal, ne? Ach du altes Kanonenrohr. Jupp, also falls du jemanden siehst mit so einer Cap, gibst du mir Bescheid, ne? Dann schau Ja, ich. ja, klar. Ja, ich würde die dem dann halt abkaufen, weil ja, ich kann ja nicht beweisen, dass es meine ist, ne? Ja gut, ne? Gut, ich würde jetzt sagen, das regelt man halt im Zweifel anders, aber... Ja, klar, wenn er, ich sag mal so, es kann ja auch sein, ich gehe nicht davon aus, dass die Typen, die sie geklaut haben, die selber tragen, ne? Und ich kann da nicht irgendwie irgendjemanden verhauen, der weiß ja vielleicht nicht, dass sie geklaut ist. Das ist halt immer das Problem. Also ich müsste erstmal rausfinden, wo er die her hat, blablabla und dann mal schauen. Ja gut, aber wenn ich so eine sehe, dann sag ich dir mal Bescheid. Sehr gerne, weil ich habe bis jetzt echt noch niemanden damit gesehen, außer mir. Ja, das kriegen wir wohl hin. Okay, cool. Ich danke dir. Na dann Ja, vielleicht dann bis später, ne? Bis später. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ist jetzt Kendrick wieder? Ey, was macht der Typ? Was macht der Dude?
ist der Typ, ehrlich? Jo, Ben. Jo. Gute Nacht. Ja, danke. Nee, du, wollen wir uns Ja. nachher mal treffen? Ja, können wir Dann machen. Wo kann ich willst du dir noch auch mal meinen Kumpel vorstellen. Ja, sag mal schnell, wo wollen wir uns denn mal treffen? Boah, keine Ahnung, ich bin jetzt am PD noch, da war aber Ja, niemand dann da. bei dir zu Hause. Bei mir zu Hause. Ja, Okay, aber ich muss noch eben auf meinen Kumpel warten, der ist schon wieder verschwunden irgendwie. alles gut. Okay, Okay, dann bis dann. bis dann. Jo. Der hat schon wieder Hunger. Was ist der hure Kendrick-Karre? Mann. Schnell vom Einkauf. Ist einfach verschwunden. Hallo. Hola. $27,47. Ja, das kann man irgendwie im Sack behalten. $188. Stabil.
Hallo. Weil ich wusste nicht mal, dass... Hallo. Hey, hey. Wo ist der Typ? Ehrlich jetzt. Mal schnell für $20 tanken. Hey! Hey! Meine schöne Scheibe. Ja, ich wusste, es passiert mir noch. Da wie ich. Ah, ich habe noch gedrückt, aber nein. Ja, jetzt machen wir einfach die Scheibe ab überall. Haben Sie gerade Ihre eigene Scheibe eingeschlagen? Ist aber nicht so, Moment, ich kriege einen Anruf. Entschuldigung, ich kriege einen Anruf. Gut. Ja? Bruno? Ja, wo bist Ich bin hier beim PD, ich bin am Boden. du? Ah. Ich habe ein wenig Wasser, also zu wenig Wasser getrunken und bin dehydriert. Na, ich komm. Aber zwei nette Menschen haben mir gerade geholfen, aber ich glaube, ich müsste noch mal noch Ja, ins Krankenhaus ich komm. Ich bin gleich beim Parkplatz gegenüber. Okay, ich komm. Okay, super. Bis gleich. Danke. Hallo. Hallo. Ja, die Dame hat mich eben, wollte mich was fragen. Ich wollte fragen, ob alles okay bei Ihnen ist. Sie Ja, haben Ihre Scheibe eingeschlagen. Ja, ich bin blöd ausgerutscht, da ist immer ein bisschen rutschig mit dem Benzin. Ja, das kenne ich. Ja, müssen ziehen wir noch ins Auto, nicht auf den Boden. Ja, ich wünsche euch was, ne? Okay. Sonst, Ja, dir auch. wenn es Sie interessiert, ich würde heute Abend um 21 Uhr spiele ich ein kleines Gitarren-Unplugged-Konzert im Tequilala. Wo? Im Tequilala. Ist da nicht auch ein Artikel heute drin? Ja, aber das ist nicht von mir. Ah, okay. Freitag, Alles Genau. klar. Okay. 21 Uhr. Bruno Moser spielt Gitarre. Und was spielst du so? Ja, alles mögliche. Nur eigene Songs. Ja, welche Genre? Ja, alles mögliche querbeet bisschen. Wie von Rock bis Volksmusik oder was? Ja, nicht ganz. Ist so was ruhiges, romantisches, aber auch was ein bisschen Pep-Up, bisschen Country. Ja, mein eigener Style, ist schwierig zu beschreiben. Hast du deine Gitarre im Auto? Ja, habe ich im Auto, aber ich müsste kurz mal zum PD, weil mein Kumpel ist da irgendwie zusammengeklappt. Ach so, okay. Ja, schade, kleine Kostprobe war natürlich sensationell, um zu wissen, ob das... Ja, der hat sich aber auch gerade erst verletzt, hallo? Ach so, ja. Ja, guck doch mal, guck den doch mal an. Ja, Der eine ist Scheibe. ausgerutscht. Ich weiß. Ja, das tut weh. Er kommt zurück, um zu fragen, was du gefragt hast. Also so schlimm kann es nicht sein. Ja, hatte gestern auch noch ein Problem. Gestern war ich so wütend, weil jemand meine Wohnung ausgeräumt hat. Da habe ich schon die hintere Scheibe eingetreten. Okay. Meine Wohnung ausgeräumt. Ja. Hast du nicht abgeschlossen, oder was? Ja. Hm. Ja, das Wo wohnst ist du denn? selten doof. Ja, nee, ist outside. Hm. Sieh, und wie lange wohnst du da schon? Boah, noch nicht lange. Ja, Ungefähr? 3-4 Tage oder so. Ah, okay. Hast du das schon angezeigt? Nee. Müsstest du mal tun. Ja. Es bringt doch nichts. Das bringt echt nichts. Das ist gegen Unbekannt und finito. Ja, ich muss aber gestern auch Anzeige machen gegen Unbekannt. Ja, kannst du ja machen. Ja, nichts kann ich machen. Ich wurde gezwungen. Nee, da bist du nicht so... Leute, ich will echt nicht davon, aber mein Kumpel, Alles ne? gut, natürlich, alles Gute für Ja. dich. Und dann gehen wir zum Dankeschön. MD, Und ne? wie gesagt, 21 Uhr, ne? Alles Ja, klar. Würde mich freuen. danke. Ja, Schönen okay. Abend, ciao. Ciao. Tschüss. Die Mehlpiff jetzt, ne? So.
Scheibe runterlassen. Scheibe runterlassen. Scheibe runterlassen. Scheibe runterlassen. So. Schon einen Clip erstellt, hä? Ja. Ist klar gewesen. Ah, was hat der Kendrick schon wieder gemacht, Mann? Yo! Kendrick! Bruno, Yo! wo bleibst du? Ja, ich komm. Wo bist du denn? Also ich bin immer noch am gleichen Ort. Bei Okay. dieser, unter der Werbetafel gleich Ja, ich über dem PD. seh's. Ich komm. Ich Okay. bin da. Okay. Super, ah ja, sehe dich. Gut, danke. Hallo. Kannst du dann auch direkt den Kollegen auch noch mit ansehen, oder? Ja, Schönen ich guten glaube. Tag. Guten Tag zusammen. Kendrick, was machst du denn wieder? Hat Ja, die Temperaturen ist- überschätzt? Nee, Ah, unterschätzt. Unterschätzt, ja. Ja, es war ein bisschen zu heiß und dann bin ich umgekippt. Ja. Also wichtig ist tatsächlich da auf jeden Fall Mediziner drüber gucken lassen, Ja. weil nicht, dass sie irgendwie einen Hitzeschlag haben oder so und nachher wieder umkippen. Ich muss Genau. auch gleich mal was essen, sonst Und der Herr Kavanaugh fährt jetzt extra ins Krankenhaus. Bitte lassen Sie sich ansehen. Ja? Okay, ja, wir fahren direkt dahin. Okay, perfekt. Okay, super, aber vielen Dank für die Hilfe. Ja, Ja, das gerne. DOL steht zu Diensten. Genau. Dankeschön. Und sonst noch einen schönen Abend heute, noch. heute Tschüss. Abend die Dame und der Herr. Heute Abend 21 Uhr spiele ich ein kleines Konzert im Tequilala. Ah, okay. Wenn Sie Lust haben. Ein kleines Unplugged-Gitarrenkonzert. Okay. Nur eigene Songs von mir. Perfekt. Gut. Werden wir vorbeikommen. Okay, wunderbar. Freut mich. Okay. Schönen Tag, ne? Tschüss. Ah, Kendrick. Ja. Komm. Ah, ich muss so schnell einen kleinen Burger reinknallen. Was hast denn du gemacht? Eigentlich war es wirklich ein bisschen warm und ich bin einfach hergelegen und ich bin eingeschlafen. Und dann sind die gekommen und haben gemeint, ich bin kollabiert, aber was gar nicht passiert ist. Also du hast einfach geschlafen? Ich habe eigentlich nur geschlafen, ja. Okay, dann musst du auch nicht ins Spital, hä? Nein. Okay. Aber jetzt habe ich noch 2 Flaschen zu trinken bekommen und einen Burger. Also Ja, ist doch richtig gut. geil. Ja, lass jetzt, ich habe mit dem Ben abgemacht, wir fahren schnell zu mir. Weil Also, ja. er ist auch der Typ, der schauen kann wegen deinem Velo. Also ja. Stell dir ihn mal vor. Ja. Ja, wir sind unterwegs. Okay, perfekt. Gut, dann komme ich jetzt auch. Okay, bis gleich. Bis dann. Jo. Ja, ich sehe, er ist ein cooler Typ. Das ist der Paul, den du mir erzählt. Genau. Und mir ist vorher auch noch etwas Blödes passiert. Was? Hast du vielleicht gemerkt, ich habe jetzt alle Scheiben runtergeladen, oder? Mhm. Und bevor ich hier hurtig tanken und habe etwas zu essen gekauft noch. Und dann bin ich im Boden ausgerutscht und habe die Fahrerscheibe noch eingeschlagen. Oh Mann. Mhm. Jetzt wird es so teurer, als es schon ist wahrscheinlich. Yep. Heute Abend muss einfach Geld reinkommen. Ja, ich habe Sozialgeld vorne bekommen. Ich muss ja gehen, aber nicht viel. Ah shit, ja hier. Fuck, das ist Einbahn.
Killenshot, danke vielmals für dein Follow. Merci, schön bist du dabei. Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Ja, das ist der Paul. Der ist auch noch tief gekommen, hä? Mhm. Sag mal, Junge, alles gut bei dir? Warum? Wie fährst du denn? Was denn? Ah, egal. Wie bin ich denn gefahren? Wie ein Gestörter. Da darf ich Okay. vorstellen, das ist Kendrick. Kendrick, Hallo. das Jo, ist hi. Ben. Hi. Und das wäre übrigens auch der Dude, der einen Fahrradzug, ne? Ein BMX oder so. Ja. Ja, und die Sache ist, dass man die mit dem BMX und alles drum und dran wird in den nächsten 2-3 Tagen was kommen. So eine Okay. Lieferung. Da habe ich einen Kollegen, der verkauft dann die Fahrräder auch. Dann, wenn da welche da sind, kann ich ja dann einen klar machen, einen BMX. Okay. Aber das dauert halt 2-3 Tage, ne? Okay. Und Ja, was das, kostet es dann? Boah, ich weiß es nicht, so um die 1000 bestimmt. Okay. Okay. Ja gut, ja, ich würde dich ja gerne reinbitten auf ein Bier, aber ich habe gar nichts mehr, ne? Die haben alles ich mitgenommen. weiß. Ja, ich weiß. Ist doch alles gut. Ja. Aber Kendrick, hast du die geile Karre gesehen von ihm? Ja. Schick, ne? Die ist wirklich schick, ne? Welche Karre? Ja, deine. Achso, ja, danke. Ich dachte deine. Nee. Ist ja auch nicht schlecht. Ja. Aber ich bin eben ausgerutscht an der Tanke und habe noch die Fahrerscheibe eingeschlagen, ne? Aus Ja? Versehen. Ja. Jetzt habe ich alle Scheiben runtergekurbelt, dass man das nicht sieht, ne? Ja. Ist besser. Ja. Und sonst so? Ja, alles gut, ne? Und bei dir? Ja. Du huppelst ein wenig. Ja, ich habe mich noch ein bisschen aufgeregt. Ich hab noch eine Scheibe eingetreten. Okay. Und jetzt, ja, es geht schon wieder, aber ich war im MD und ist eigentlich nichts kaputt, aber tut halt weh, ne? So ein bisschen. Ja. Und wie geht's Sophie? Ach, Digga, brauchst mich nicht fragen, ehrlich. Ich hab mit der nichts zu tun. Ich hab, Okay. keine Ahnung, wie es dir geht. Ja, in Ordnung bestimmt, keine Ahnung. Okay. Das klingt komisch. Ja, es ist einfach nur dieses... Ich will viel von mir, ich aber weniger und dann, ja. Okay, alles klar. Jetzt habe ich das Feuerzeug vergessen. Ach du Scheiße. Kannst du mir meine Kippe anmachen? Ja, klar. Ja? Und so? Hier. So. Oh, so. So, Danke. bitteschön. Hey Kendrick, guten Appetit, ne? Ja, danke. Hat ja ein kleines Hüngerchen, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, ob heute Leute kommen, ne? Was denkst du? Ben? Stimmt. Denkst du? Ja, klar. Safe. Ich muss gleich noch irgendwie übers Handy jedem Bescheid sagen, ne? Nochmal jeden daran erinnern. Ah ja. Ich brauche jetzt die Kohle, Mann. Neue Kleider haben mich viel Geld gekostet. Ja. Ja, du hast jetzt eine andere Cap, ne? Ja, ist scheiße. Erkennt man mich überhaupt noch? Schwierig. Hose und Shirt habe ich wieder dasselbe gekriegt, aber Schuhe Ja. habe ich auch andere. Ja. Wie findest du die? Ja, sind okay. Nur Ist okay.
Ich habe immer wieder was zu beschweren, weil die Farbe gar nicht zu deinem... nicht zu deiner Hose, nicht zu deinem Oberteil passt. Ich würde eigentlich den komplett weiße nehmen. Ich weiß. Ich wollte eigentlich weiß, aber es gab die nicht in weiß. Ah. Und ich habe eigentlich noch so eine lange Hose gekauft und da geht's einigermaßen dazu. Ja. Naja. Wie spät haben wir es eigentlich? Oh. 6:30, ne? Hm. Sag mal, wie sieht's denn mit dem Juweliergeschäft aus da? Ja, was willst du denn? Ja, immer noch eine Uhr, ne? Oder eine Kette. Ja, willst du? Ja, nicht deine Goldkette. Ne, Platin oder Silber? Ja, Platin oder Silber, ja, kommt halt Also auf den Preis an. Platin ist teurer als das Gold, nehme ich ne? an. Was Was kostet denn so eine Platinkette oder eine Platinuhr? Platinkette kostet 1,7. Boah. Guck mal. Bitte geh ran. Ja, ich rufe meinen Chef privat persönlich halt an, weil ich ihn kenne. Okay. Dann kriege ich immer die Sachen viel günstiger. Aber der geht noch nicht ran. Aber er wird es bestimmt zurückrufen. Okay. Ja, ich sag mal so, wenn es heute Abend gut läuft, ne? Wenn alle brav was in den Topf werfen. Ja. Dann kann ich mir vielleicht was kaufen, aber ja. Mal schauen. Ich finde halt irgendwie, ich bin Schweizer, ich muss eine Uhr haben, ne? Ja. Naja. Ja. Was hast du noch so vor? Keine Ahnung. Nicht so viel. Okay. Weißt du, dass wir waren eben noch oben in Kendrick, wie hieß das? Wo das Haus war. Ja. Kendrick. Ja. Ja, was? Also. Du meinst, Palito Bay meinst Palito Bay, ja genau. Ja, was ist denn da? Wir haben da ein schönes Haus gesehen, weißt du, wenn wir... Es gibt ja nur den einen Typen, den Makler, Walker, ne? Ja. Was ist denn mit dem? Gibt es da noch irgendwie andere Kontakte oder andere Makler? Ich erreiche den nie. Ja, das ist auch klar, dass du ihn nicht erreichst. Wieso? Weil der nie rangeht, wenn keine neuen Renovierungen da sind. Ach so, okay. Aber brauchst du eine Wohnung? Ja, nee, ich hätte nur Interesse, mich würde es mal halt interessieren, was so ein Haus kostet, ne? Ich brauche, weißt du... Pro Tag? Ja, oder auch zum Kaufen. Ja, zum Kaufen, wenn du das Haus kaufst, ist das schon locker 70.000, 80.000. Okay. Ja, weißt du, klar, ich habe die Kohle nicht, das ist offensichtlich, aber ich brauche halt ein Ziel, ne? Ja, ich brauche immer ein Ziel vor Augen und ich habe da mein Traumhaus gesehen. Ja. Ein Paletto oder was? Mhm. Ja. Naja, okay. Wollen wir noch irgendwie was essen gehen oder so? Mir ist es persönlich egal, wir können ruhig... Bei Little Italy ist doch wieder was, oder nicht? Ja, genau. Zum Beispiel. Kendrick? Ja. Ich habe gerade etwas gegessen. Ja, Oder willst du nochmal beim PD vorbeischauen? Ja, genau. Okay. Ja komm, dann lass doch zum PD fahren nochmal. Okay. Kommst du mit, Ben? Ja, steig ich einfach bei dir ein, ne? Okay. Oder willst du fahren? Ich? Ja. Ja, komm. Okay, komm. Mein Fuß macht noch ein bisschen weh. Ja. Und jetzt ist vorhin die ganze Zeit Kendrick gefahren, aber der hat eigentlich keinen Führerschein, ne? Geil. Einfach nur geil. Also er hat halt ein, was ist es, ein afrikanischer Führerschein. Also, ja. Ja, nicht ist jetzt die Scheibe, ja. Ja, die ist eh schon kaputt. So. Steig mal ein. Ist die Karre jetzt an? Ja. So, alle Herren mal einsteigen. Dann geht die Reise. Einmal zum PD-Chauffeur.
Ja, ja. Kannst du mal ein richtiges Auto fahren, ne? Klar. Aber die ist echt nicht schlecht, die finde ich schon geil. Du kannst dich ruhig immer verletzen, das ist kein Thema, ich fahr dich gern. Weißt du was? Kannst du eben noch kurz zum Stadtpark? Da war so eine Gruppe, ich sag denen mal noch Bescheid, dass ich heute Abend da spiele, ne? Mal eben kurz Werbung machen. Local Drift am besten mit dem Washington, ne? Weniger, ne? Ja, nee, ist ja deine Karre, du fährst ja. Warte kurz, ich komm gleich. Ja. Guten Tag zusammen. Was geht? Darf ich einmal kurz stören in die Runde? Einmal kurz schön in die Runde. Ich spiele heute Abend ein kleines Konzert im Tequilala um 21 Uhr, wenn ihr Bock habt zu kommen. Bruno? Ja. Ah, wusste ich doch. Ach, schön. Wo ist deine Mütze hin? Ja, ist eine lange Geschichte. Ist die weg? Ja. Wenn du jemanden damit siehst, kannst du mir gerne Bescheid sagen. Was hattest du für eine Cappy? Ja, so eine wie du mal hattest. Mit Low Santos? Ja, genau. Ja, die wurde mir auch abgezogen. Ah, scheiße. Warum werden euch Mützen abgezogen? Weil Leute behindert sind. Naja. Nee, ich wollte nur kurz Bescheid sagen, ne? 21 Uhr Tequilala, wer Interesse hat. Würde mich freuen. Okay. Singst du da oder was? Ja, ich spiele ein kleines Konzert. Oh, sing uns auch was heute. Was geht? Ja, später um 21 Uhr. Ja, auch noch. Ist notiert. Okay. Ja, ich hab's mir auch aufgeschrieben. Eintritt ist, glaube ich, 27. Boah. Ich komm nicht. Willst du jetzt auf Ben fahren? Also wenn du die überredest, dass es billiger ist, dann gerne, aber 27 $, gebe ich nicht aus, tut mir leid. 27 $ Eintritt, Alter. Ja, würde mich halt freuen. Ich kann, am Eintritt kann ich leider nichts mitbestimmen, ne? Ja, du kannst aber sagen, es würden mehr Leute kommen, wenn die den Eintritt runterschrauben. Ich geb's mal so weiter. Gut ist, ey. Du bezahlst da drin doch Unmengen für Bier und so. Das zum einen, also ich würde... Ich geb dem Bescheid, ne? Alles klar. Okay. Ciao. Also, okay. So, und kommen welche? Ja, scheiß Arschlöcher. Haben die gesagt nein oder was? Ja, nee, die meinten, ja klar, kommen wir, bla bla bla. Dann einer, was kostet dann der Eintritt? Dann habe ich gesagt 27 $, da meinten alles viel zu teuer. Noobs. Naja. Ohne Scheiß, bei der Karre ist das so, der beschleunigt langsam, aber du gleitest. Ja, du gleitest ist einfach. ein Bei Schiff, mir ist nicht ne? so, bei mir ziehst du durch und bei dir ist einfach so schön langsam. Aber er zieht auch, ne? Guck mal, Ja. 84, 85. Ich sag ja. Ich war letztes Mal, als wir zu dir gefahren sind, ich war nicht viel langsamer. Du hast halt Ich bin einfach aber mehr schon Beschleunigung. öfters- Ich hätte auch viel oft angehalten, ne? Ja klar, aber ich sag mal so, Endgeschwindigkeit ist er nicht viel langsamer. Er hat nur viel länger, bis er oben ist, ne? Meine, ja klar, aber meine hat 117, ne? Okay. So, Dankeschön fürs Fahren Jo. und bis später. Yo, Kendrick! So, wohin jetzt? Yo, Kendrick! Ja. Viel Glück, ne? Ja, danke schön. Ah, du packst das schon. Ja, warte, ich stell mal eben die Karre ab. So. Ja, ich würde auch gerne noch ein bisschen Gitarre spielen. Ja, mach das. Bist du dabei? Ja. Okay. Immer. Lass mal eben hier. Wieso geht ein scheiß Kofferraum jetzt nicht auf? Oh, da ist deine Gitarre drin. Ja. Kannst du mal den Kofferraum zudrücken?
Was? Kannst du mal den Kofferraum zudrücken? Ich muss hier den Knopf drücken. Ja. So, klemmt manchmal. Ja. Ja, aber die Karre ist auch okay, ne? Welche? Die? Da die weiße oder was? Finde ich jetzt nicht so geil. Okay. Persönlich, aber. Ja, meiner ist geiler. Aber ja, das ist echt so. Ist halt so. weniger übertrieben, ne? Ja. So. Aber die Baustelle ist schon mal weg, ne? Ja? So, ich bin eben ganz kurz auf Klo, aber ich bin gleich wieder da. Okay. So, dann spielen wir doch noch eins. Wir müssen schnell ein bisschen vorbereiten für hinten. Choose File. Was haben wir da? Das 4 öffnen. Keep all crop settings, advanced options. Okay, so. Guten Tag zusammen. Hallo. Entschuldigung, der Herr da mit der Kette. Ja? Sie haben ein extrem schönes Auto, wenn ich das so sagen darf. Dankeschön. Darf ich fragen, wo Sie den gekauft haben? Naja, wo habe ich den wohl gekauft? Ich habe den damals mit hier rüber schippern lassen. Ah, okay. Ist echt eine geile Karre. Und Sie hier am Musik spielen oder wie? Ja, genau. Ich bin noch ein bisschen am Warmspielen. Ich habe um 21 Uhr spiele ich ein kleines Konzert im Tequilala. Lass mal was hören, Mann. Ja, gerne. Dankeschön. Ja, Mann, nicht schlecht, ey. Vielen Dank. Fresh, Mann. Danke. Du hast keinen Hut am Boden liegen, aber hier ist ein $1, Mann. Ah, vielen Dank, Dankeschön. Ja, wie gesagt, um 21 Uhr spiele ich ein kleines Konzert, ne? 21 Uhr, ja, mal schauen, Alter. Vielleicht schau ich mal vorbei. Ja, würde mich freuen. Ja, ich habe ja so ein kleines altes Hobby von mir. Wollte ich wieder aufleben lassen. Mal gucken. Was denn so?
Naja, also ich habe damals mal viel Musik produziert. Also Okay. so produzentmäßig war ich viel unterwegs und habe das dann irgendwann mal schleifen lassen. Okay. Das wollte ich wieder aufbauen vielleicht. Mal gucken. Ja, klar. Sonst kannst du gerne auch mal meine Nummer aufschreiben, wenn du willst. Ja klar, gerne, Alter. Wie war denn dein Name? Bruno Moser. Moment, ich leg mal die Gitarre zur Seite. Der Musiker Bruno Moser, Mann. Genau, Mann. Moser. M-O-S-E-R? Genau. Ah, okay. Also. Ja, also Leute, haut rein, ja. Jo, schön. Hau rein, Mann. Und das war die Vorwahl. Dann die 603. Also 555603, ja? Genau, 029. 029. Genau. Okay, cool. Und machst du nur Gitarre oder machst du auch was anderes? Ja, Gitarre und manchmal singe ich noch ein bisschen dazu, aber ist mehr so. Gitarre spielen ist besser, ne? Ja, also das ist auf jeden Fall schon recht gut. Dankeschön, ja, mal schauen. Dankeschön, Ich will mal gucken, also das, was ich jetzt so vorhabe, vielleicht noch ganz, ganz früh. Noch nicht mal in Kinderschuhen, kann man sagen. Okay, okay. Ja gut. Alles klar. Ja, dann sehen wir uns vielleicht später. Ja, würde mich freuen, ne? Alles klar, also wo war das nochmal? Tequilala heißt die Tequilala. Bar. Genau. Ah, das war doch hier in der Nähe von Weinmut, ne? genau, Mhm. genau. Alles klar. Okay. Alles klar, dann sehen wir uns da. Freut mich. Bis Gut, dann. okay. Hau rein. Ciao. Und? Ja, Ben. Genau. Kendrick kam raus, aber jetzt ist er irgendwie, ich war noch am Spielen, jetzt hat er sich wieder verpisst. Mhm. Ich ruf den mal an, keine Ahnung. Was ein Freund, ey. Baba-mäßig. Ja, manchmal verschwindet er einfach. Irgendwie dauernd. Jo, Jo, wo bist du? ich laufe jetzt gerade den Strand runter. Warum verpissst du dich die ganze Zeit? Ja, ich schaue doch nicht dir zu, wie du Gitarre spielst. Gestern hast du noch wollen, vorgestern. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt muss ich Geld verdienen. Okay. Ich gehe runter, gehe Dings schnell. Okay, aber Geld machen. danke an im Chillkrot, PD, gell? Ja, im PD ist immer noch niemand. Okay. Und die vorher haben gesagt, die haben irgendwie Besprechungen. Also das heisst, egal was du jetzt machst in der Stadt, die sind nicht erreichbar. Du kannst einfach alles kaputt machen. Ja gut, es gibt wahrscheinlich noch andere, nehme ich an. Das ist ja nochmal der Posten hier. Ja, Weiß es nicht. aber ist gleich. Okay. Schon krass. Jo, Ja, also, bis später du in gehst- dem Fall. Ja, du bist jetzt aber bei PD. Ja. Also ich weiß nicht, was wir jetzt noch machen, keine Ahnung. Bist du nicht gegessen? Nein, ich bin stand noch beim PD, ich habe jetzt noch eine Runde gespielt, da schnell eins für die anderen zwei und habe auf dich gewartet und du bist schnell davon gelaufen. Ja, ich weiß. Aber du hast doch essen noch? Mit Ja, ja. Gehst du jetzt? Ja, können wir, ja. Kommst schon? Nein, ich gehe jetzt arbeiten. Okay, ja. Aber es ist... Ja, sonst komme ich näher zum Strand. Kannst du ja mal schauen, ob es Leute hat am Strand. Ich kann noch ein bisschen Arbeit machen. Ja. Also. Und erzähl jedem von meinem Konzert am 9. Tequilala. Gegen eine Gegenleistung von $100, ja. Ja, ist gut. Machen wir. Also gut. Okay. Hey, ciao. Bis nachher, ciao. Jo. Jo. Ja, wollen wir essen gehen? Können wir machen. Okay. Ich gebe aus. Was ist denn mit dir los? Ja, was denn? Fährst du wieder? Ja, kann ich machen. Okay. Irgendwann fahre ich auch immer mit der Karre. Irgendwie... Hey, was ist denn heute los, Mann? So. So, aber dann steige ich hinten ein, ne? Jo. Also Kutschierung. Ja, so richtig chauffeurmäßig. Also ich glaub, heute hast du irgendwelche Probleme. Irgendwie klemmt die Tür manchmal. Mhm. Immer alles auf das Auto schieben, ne? Ja. Einmal mit Profis, ne? Mhm.
Wenn du hier irgendwo einen Automaten siehst, dann sag mir Bescheid. Ein Geldautomat. Ja, ja. Oder kann man da auch mit Karte zahlen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Nee, Hast du einen ich musste letztes Mal, hatte ich auch zu wenig Geld dabei, musste ich noch zum Automaten laufen erst. Ja. Aber hat's nicht hier, warte mal. Ich glaube da hinten ist einer. Ah ja, warte mal. Hier Ich weiß rechts wo. und dann wieder links. Ja. Ne, warte mal. Rechts, links? Und dann links, ja. Ne, hier. Ja, ich sag ja rechts, so, und dann vorne links. Ach so. Ich meine rechts gerade vorhin, wo ich abgebogen bin. Nee. Hier meine ich genau. Ja, hier meine ich auch. So, warte. Oh. So, Chat, wie geht's noch? Fit und munter. Die ersten 3 Stunden haben wir jetzt geschafft von diesen 12. Ben in Bruno in Los Santos. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ne? Ja, brauchst du nicht sein. Der Türsteher Pole ist immer da. Du bist nie so einer, der mal Blinker setzt, ne? Nö. Nur wenn ich mit Frauen unterwegs bin. Hm. Ja, Kendrick ist noch ein bisschen arbeiten gegangen. Er braucht Kohle. Wie geht der arbeiten? Strand oder was? Ja, am Strand. Aber ich habe ihm jetzt gesagt, er soll mal schauen, ob es da viele Leute hat und sonst gehe ich da unten noch ein bisschen Werbung machen, noch ein bisschen spielen. Ja. Die offen? Ich weiß nicht. Ey, wenn die wieder nicht offen hat, ne, dann platzt mir was. So. Warte, Deine Karre eigentlich angemeldet? Ja. Wieso meinst du? So. Ja, das ist ganz offiziell. Gut. Ja, warte mal, ich versuche mal wieder normal zu gehen. Ja, geht. Jetzt kommt's. Ja. Gut, Ja. wir werden beim Japaner essen. Wo? Japaner? Beim Japaner, ja. Nee, komm. Nee? Na, nicht so meins. Ja, ich wollte auch mit dir zum Little Italy, aber wenn die wieder zu haben. Ja. Gibt's beim Japaner auch nur Nudeln? Nee, verschiedene. Ja, wenn ich jetzt nur Nudeln will. Kannst Ohne du das auch. ganze Japaner-Gedöns. Kannst du, kriegst du. Okay. Sollen wir doch dahin fahren? Ja, komm. Oh, bin ein Schweizer Mann. Bin ein kleiner Schweizer Mann, bin ein Schweizer in Los Santos. Nicht schlecht. Ja. Was packst du schon? Ja, ich hoffe es. Ich hoffe halt echt, dass... Also ich dachte die ganze Zeit, das ist wenig Eintritt und jetzt sagen die mir, ja, es ist zu teuer. Lokito! Ja, weißt du, wie viel wir beim Hip-Hop bezahlt haben? Wie viel? Wo so 50 Cent und so. Ja, wo ich aufgelegt habe wahrscheinlich, ne? Warst du da? Ja. Ja? Ja, kann gut sein. War ja nicht teuer, ne? Wie viel war da? Keine Ahnung, maximal $20 waren es, glaube ich, oder 15. Okay. Ja, also, und ich bin Live-Musiker. Ja. So, Aber die Musik ist halt was anderes, ne? ja, klar, aber du bezahlst ja nicht anhand von der Musik, ne? Du bezahlst für den Act, sag ich mal. Ja.
Und ein Live-Musiker ist immer aufwendiger als nur ein DJ, ne? Ja. Ich kann hier essen. Okay. Lokito, merci viel mal, aber fang gar nicht erst an, hä? Ich warne dich. Ja, wir haben noch 12 Stunden vor uns. Was essen, nur wir kennen uns hier nicht mit der Guten Morgen. Speisekarte aus. Ja, ich kann Ihnen das einmal kurz die Speisekarte sagen, was wir allgemein anbieten und das, was wir Ihnen noch geben können. Das ist doch der Herr, den wir am Strand getroffen haben letztens. Ja, kann gut sein. Ja, ich glaube, Sie haben uns schon alles erzählt. Ja? Okay. Also ich hätte gerne, ist das möglich, nur Nudeln zu kriegen? Also rein theoretisch ja, Problem ist nur eins. Cyprus hat noch nicht geliefert, wir sind so gut wie alle. Was ich Ihnen anbieten kann, ist Sushi. Nee, da bin ich raus. Ja, ich auch. Oh. Ah, Also scheiße. Sie haben nur noch Sushi, ne? Nur noch so. Sie können auch eine Zitrone kriegen, wenn Sie möchten. Aber Nee, sonst nee. Ja, wenn Sie Tequila und Salz dazu haben. Ich hätte, glaube ich, irgendwo noch Mayonnaise oder so. Leider kann ich Ihnen sonst nichts mehr anbieten, weil, naja, Cyprus liefert nicht. Okay, ja nee, sorry, scheiße. bei Sushi bin ich raus. Das ist schade. Also ich kenne hier natürlich auch Sushi, das gibt es auch noch alternativ ohne Fisch, ohne rohen Fisch. Okay, also mit Gemüse. Ja, da ist dann zum Beispiel eine Gurke zwischen, ne? Ja, das klingt schon besser. Ja, das muss nicht immer roher Fisch sein. Ja, das Also kann ich so veganes Sushi, ne? Ja, richtig, genau, veganes Sushi. Okay, ja da wäre ich Ja, auch was ist offen dabei? für. Mit ein bisschen Sojasauce. Ja. Mehr lieber ohne. Ja. Ja, wenn Sie es gerne möchten, dann können Sie sich ja entscheiden, ob Sie es gerne hier essen möchten oder zum Mitnehmen oder ob Sie es alle so halbe machen. Ben, was meinst du? Mitnehmen zum Strand? Ja, dann nehmen wir es mit. Nur ich möchte gerne, haben Sie Lachs da? Nein. Also Sushi Nein, mit leider. rohem Fisch. Also ja, also mit Fisch oder ohne? Mit Fisch. Für mich mit. Ja, mit Fisch, ja, kann ich machen. Einmal mit und einmal ohne. Ja, das würde auf jeden Fall noch funktionieren. Dann müsste ich nur einmal kurz wissen, wie viele Portionen wollen Sie denn? Wie satt macht so eine Portion? Oh, ja, die macht schon satt. Also ich empfehle Ihnen einfach mal so 2 Portionen, das wird auf jeden Fall reichen. Habe ich was getan? Wir sind beim türkischen Basar, also ich empfehle lieber 2 Paar Schuhe mitzunehmen für die Fälle der Fälle. Falls man den einen Nudeln scheiße, trinkt er auf jeden Fall. Genau. Dann haben wir noch ein zweites. Wie viel kostet denn eine Portion? Eine Portion kostet $30. Gut. Was? Ja, darum. Ja, man muss aber dabei bedenken, eine Portion. Nö. Also, Okay, wir machen. Ben, du hast ja gesagt, du bezahlst, ne? Ja. Okay. Okay. Nein, ist es egal. Okay, wir machen erstmal zum Testen für jede eine Person. Einmal mit Fisch und Eine einmal Portion? ohne. Ja. Okay, natürlich. Gut, dann machen wir das so. Und das ist dann gleich $60. Gut, dann bis gleich. Jo. Dann, weiß nicht, wenn Sie kurz warten wollen, hinsetzen, können Sie alles machen. Jo, wir warten. Gut. Junge. $60 Digga, jetzt. Alter, kommt das von Atlantik oder was, ey? Das muss aber dann auch schmecken, ne? $30? Also Ich meine, 30 Dollar. im Little Italy haben wir für 35 zu zweit gegessen, mit Wein, ne? Ja, kannst du denen gleich sagen. Ja, das habe ich ihm letztens schon am Strand gesagt. Und bitte hör auf, was zu fragen, sonst hört er nie mehr auf zu reden. Ja. Malo, kannst du Geile mal Aktion. wieder den Multistream-Link in den Chat knallen? Oh, bin ein Schweizer Mann. Ich bin ganz kurz im Kopf drin. Okay, aber hey, Ben. Ja. Eine Frage, macht er jetzt das Sushi auf dem Grill? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, ich muss ihm beibringen, als Polen, wie man das Stream macht. Okay. Jo. Was habe ich? Ich frage mich die ganze Zeit, bis ich auf dem Sieg wieder rausziehen. Aus dem Kopf. Okay. Oh, bin ein Schweizer Mann. Das sage ich zum Preis hier. Ben? Ja. Bist noch da? Ich bin noch da, ja. Gut. Warum soll ich nicht da sein? Ich weiß nicht. Du träumst manchmal. Hä? Nö, nix. Okay. Ja. Heute ohne reden. Ich wollte kein Köftespieß. Ich hab Sushi bestellt. Genau, so. Dann bräuchte ich einmal bitte die $60. Ja. Hey, Bommerli! Ja, das wäre schon mal gut. 12 Stunden bist du wahnsinnig. Hier. Bitteschön. Ja, ich habe gesagt, wenn ich 25 So. Abos habe, mache ich 12 Stunden. Und bei 50 Ein 24. Sushi mit Fisch. Aber dann müssen wir dann mal ein bisschen. Bitte schön, so. Mhm. Und für Sie einmal die Ohne Fisch, ne? ohne Fischversion. So, bitteschön. Danke. Und haben Sie die jetzt auf dem Grill gemacht oder was? Nee, also, ja. Ist ja roh, ne? Die meisten schon komplett fertig durch den Chefkoch. Weil er nicht immer. Also fertig Fraß für $30. Nein. Also da kann ich auch um die Ecke an die Tanke gehen, ne? Nein, es ist kein Fertigfraß. Nein, das wird schon frisch zubereitet. Mhm. Was man nur dabei verstehen muss, unser Chefkoch kann natürlich nicht immer da sein. Ja. Es wird aber jeden Tag mindestens 3-mal am Tag frisch gekocht. Okay. Ben, Er ich kann halt nicht werde 24 angerufen. Ja. Ich kann dem nicht zulassen, der macht mich fertig. Steig ein! Du willst fahren? Ja, ich fahr, steig ein. Steig ein. Ich will dir was zeigen. Was denn? Nix. Die ganzen Jungs mit meinen Leuten herumtreiben. Oh. Ja. Hm. Hey, merci vielmal. Nee, merci ich für bin den nicht Beat. genervt, ich bekomme dauerhaft Dankeschön. Anrufe, deshalb... Nee, sag mal, was ist? Pizza prosciutto mascarpone. Mhm. Die, bin ich hier ganz ehrlich, das hatte ich noch nie in der Hand gehabt. Ja. Ja. Also ich kann dir die Frucht anbieten, aber mehr nun auch nicht. Mhm. Aber ich kann dir den auch günstig anbieten. Wie geht's, Bommerli? Alles gut bei dir? Funktioniert das eigentlich wieder auf SwissTubers, dass man das anzeigt, dass ich jetzt live bin?
Ich habe gar nie mehr geschaut. Ich glaube, das letzte GTA, das ich gemacht habe, war Vice City Stories auf der PSP. Ja gut, das ist natürlich nochmal eine komplett andere Schiene, weil ich meine, das ist GTA Roleplay. Das ist nochmal eine andere Welt. Alter, wie das aussieht hier. Gut, dann telefoniere halt für dich allein. Alter. Eine Welt für sich, ja, definitiv. Nee, leider nicht. Twitch hat ihre API wieder umgestellt, etwa zum 10. Mal. Kein Bock, jedes Mal 2 bis 6 Stunden investieren, bis es wieder läuft. Ja gut, das verstehe ich. Das verstehe ich. Aber verlinkt ist es noch, oder? Und dort, Kendrick, brav am Arbeiten. Oh yeah, gib ihm. Ja. Das ist neue Musik, ne? Nee, das ist noch ein alter Song. Ey, hab ich nie gehört. Spiele ich selten, aber den habe ich echt schon gespielt. Komm Bruno, zeig was du kannst. Gitarre klingt gut. Habe ich gut gestimmt heute? Ja, gut. Okay. Ja, die verstimmt sich manchmal, ne? Ja, ja, klar. Aber jetzt gerade nur dann klingt das so verzerrt, irgendwie komisch, ne? Ja, ja, aber so ist gut. So ist gut, da ist nichts. Okay. Wann bleibst du heute wach, Bruno? Boah, lange. Ja? Ja, ich denke, heute mache ich lange. Oh, da bin ich dabei. Also ich denke so mindestens bis 4 Uhr. Boah, geil. Ja. Ja, Mann. Das sieht man nicht wieder. Noch ein bisschen warten, was? Wie? Sag noch ein bisschen warten vom Konzert, wa? Genau, das ist ein Einspielen. Ja, nicht, dass sie die Finger wehtun, ja? Nee, du. Ich wollte nur mal schauen, ob wirklich die Gitarre gut gestimmt ist. Noch ein bisschen Werbung machen da. Ja, dann hauen wir rein in die Seiten, ne? Immer doch. Alles klar, ich muss mich erstmal verziehen. Okay. Hey, darf ich noch was fragen? Deine Karre. Wie heißt das schöne Stück? Das ist der Jester Classic. Jester Classic. Kann man den hier auch bestellen? Weißt du das bei den Händlern hier? Oh, ich weiß es nicht. Ich habe mal davon gehört, dass das Also ich habe eben gerade gehört, weil jemand mich auch auf das Auto angesprochen hat, dass man den für 45.000 wohl neu kaufen kann. Boah. Aber
Ja, Keine da Ahnung, muss ich ob noch das eine so stimmt. Weile Gitarre spielen. Ja, das stimmt wohl. Ich allerdings auch. Ich bin bankrott. Ich wurde aus meiner Wohnung geschmissen. Ach, Weil scheiße. Ich war ein bisschen länger im Urlaub und naja. Ah, shit. Na, mal gucken. Na gut, dann viel Glück auch, ne? Alles klar, wir sehen uns. Und wenn Sie das Auto günstig verkaufen wollen, sagen Sie Bescheid, ne? Ja, mal schauen. Also günstig verkaufen ist immer schlecht eigentlich, ne? Ja, ich sag mal so, wenn Sie bankrott sind und die Kohle brauchen, ne, ist... Ja, das stimmt wohl. Also ich hätte auch ein anderes Auto zum Tauschen, ne? So einen schönen Washington. In Washington? Mhm. Eieiei. Ja, ich muss mal gucken. Wie gesagt, das ist eigentlich schon, also mit der Karre habe ich auch einen guten Prestige, ne? Sag jetzt mal, wenn ich da durch die Gegend fahre. Ja wenn klar, ich das, aber ein Washington ist mehr auf edel, ne? Und Sie mit der Uhr und mit der Kette, es würde auch passen, ne? Ja, das ist Der irgendwie Chester ist halt sportlich. Aber ich mache ja auch, ne, also ich bin ja quasi, ich möchte ja Musikproduzent sein, nicht für ne, die edle Schicht, sondern... Ja, nee, aber das ist doch eine Limousine, wirkt doch besser als ein Sportwagen. Seriöser. Ja, kommt auf das Business an, glaube ich. In welchem Genre man unterwegs ist. Klar, okay. Alles klar. Ja, wie gesagt, wenn Sie den loswerden wollen, ne? Sie haben ja meine Nummer. Ja, natürlich. Okay. Aber mal schauen. Vielleicht weiß ich nicht, also wenn das mit meinem Studio, wenn das klappen sollte, dann... Weiß nicht, ich sag dir Bescheid, dann kannst du bei mir aufnehmen oder so. Okay. Ja gut. Dann bis später, ne? Alles klar. Sag mal, wird das was kosten, eintrittmäßig? Ja, ich glaube 27 machen die. Ach du Heiliger. Ja, ist halt Live-Musik, ne? Ist immer ein ziemlicher Aufwand mit Security und so. Ja, das verstehe ich schon. Ist halt Ja, mal schauen. nicht nur DJ. Ja, kann ich nichts versprechen. Okay, okay. Weil so wie es jetzt aussieht, wird das nichts. Okay. Alles klar. Ja gut, dann schönen Abend noch, ne? Alles klar, ja. Bis später vielleicht. Bis später vielleicht. Ciao. Ja, ich glaube, heute wird es ein bisschen kritisch dann, ne? Mit deinem Ey, ist Konzert. das so teuer oder sind die Leute alle pleite? Die sind einfach zu geizig dafür. Ganz einfach. Ist zum Kotzen, ne? Ja. Ey, ich muss mal eben kurz was auf dem Handy nachschauen. Ja. Meister Miyagi, vielen, vielen Dank für dein Follow. Merci, wenn du Schweizer bist, auf Schweizerdeutsch, merci viel mal. Gibt's da kein Skatepark? Warte, ich glaube. Irgendwo. Irgendwo hat's einen. Ja, ja. Jo, hi. Ja. Ja. Was willst du denn jetzt machen? Ja, keine Ahnung. Bruno. Wenn ich zu viel spiele, jetzt tun mir dann echt die Finger weh für später, ne? Ja, ja. Weißt du was? Ich habe irgendwie Bock, baden zu gehen. Baden? Ja. Warte mal, wie viel Uhr haben wir denn gerade? 19, 15, 19 ja Uhr. gut. Die Sache ist die, um 20, ich will ja noch bei dir im Konzert dabei sein, um 20 muss ich halt eben noch zum MD. Okay. Die wollen sich noch hier mein Bein anschauen. Okay. Ja. Ja, sonst treffen wir uns nachher wieder. Da chillst du mit mir ein bisschen an den Strand jetzt noch und dann... Ja, klar. Na gut, können du wir hast machen. deine Karre bei mir, ne? Ja, aber du kannst mich ja zum MD fahren. Ja, oder? klar. Klar. Ja. Warte, ich werde angerufen. Ja. Yo, Kendrick. Kendrick? Ja, wo bist du? Ich da am Strand. Also bist du am Gitarre spielen? Ja, vorhin jetzt gesehen. Haut mal an. Nein, ich bin nicht am Strand. Ah, du bist nicht mehr am Strand? Ich bin gar nicht am Strand gewesen. Wo bist du denn? Ja, da wo es ein paar Wohnungen hat, ich habe Glück gehabt, irgendwo eine Wohnung offen ist oder ein Auto offen ist. Alter, wirst du jetzt kriminell? Nein, ich habe nochmal geschaut, weißt du, ich habe gedacht, so für die Allgemeinbevölkerung, um nachher so ein Zettel hinterlassen, hey, dein Auto ist dann offen gewesen, bin drinnen gehockt. Weißt du, was ich meine? Okay. Also gar kein krimineller Hintergedanke, wirklich nicht. Ja, okay. Ja, kommst du noch an den Strand? Ich dachte, ich gehe jetzt schnell heute eins paddeln. Ja, ich komme auch, aber wo bist du? Ja, dort wo ich eigentlich immer stehe. Gut, das weisst ja du gar nicht. Dort wo der Typ ist, wo Köder sammelt am Strand. Ah,
Aber also von dem, wo die Gitarre bekommen, schon gesagt Ja, hast. genau. Also, ja, sie kommt dorthin, ist gut. Okay, Okay, bis grad. bis Ciao. nachher. Geil, ich habe kein Wort verstanden. Ja. Scheiße. Schweizerdeutsch halt, ne? Muss ich mal üben. Ja, er kommt halt aus Südafrika, aber seine Mutter ist Schweizerin, ne? Ach so, okay. Deshalb versteht er mich. Ja, und sein Vater dann wahrscheinlich... Südafrika. Ja, Genau. genau. Ja, er kommt jetzt auch gleich. Wollen wir kurz baden gehen? Bist du dabei? Ja. Geht das mit dem Bein? Ja, klar. Also ich habe ja auch noch Verband dran, aber der kann ja trocknen wieder, ne? Bisschen Ja. eingebunden, nur ist ja nichts kaputt, also. Ja, dann müssen wir kurz zu dir in die Karre, weil meine ganzen Hosentaschen, das ist voll. Ah, Das war scheiße. ein bisschen kritisch wegen das alles auszuziehen. Ich habe jetzt keinen Bock, das alles jetzt irgendwie rumliegen zu lassen, ne? Ja, wollen wir zu der Karre kurz? Ja, ja. Okay. Da können wir ruhig baden. Hättest du... Kannst du mal die Hände hochstrecken? Ja. Cool. Besser? Besser. Aber jetzt zeig mal, ich muss mir mal deine Kette jetzt... Ah, du trägst sie jetzt so unterm Shirt, ne? Ja. Okay. Warum denn? Soll ich die mal kurz geben? Ne, hast du mir schon letztes Mal. Ja. Aber weswegen willst du dir jetzt auch so eine Goldkette holen? Nee, aber so eine in Silber irgendwas. Ja. Silber ist ja auch günstiger, ne? Oder in Platin halt. Ja, ist halt noch teurer, ne? Ja, mal schauen, was das Zeug so kostet. Ey, Hauptsache, du sagst ja, yo, du hast kein Geld, mir irgendwie 2000 zu geben, damit wir machen so einen Tausch machen mit Washington und mein Zion, aber weißt du, was du machst? Du willst dir eine Kette holen für 1800 oder was? Ja, nee, Ich dachte, du hast kein Geld. Nee, wie ich dir schon vorhin erklärt habe, ich habe kein Geld, aber ich habe gerne ein Ziel vor Augen. Achso. Wenn ich weiß, das Ding kostet 1800, dann kann ich darauf hinsparen, ne? Achso, okay. Ja. Ich dachte, du hast ein Ziel, das abzukaufen. Nee. Scheiße, ey, ich will dich noch irgendwie noch überreden, ich sag's dir. Was über die Karre? Mhm. Ja, nee. Ich glaube, ich behalte den, also ich fahr den zu Tode. Ja. Weil es halt, ja, jetzt, du siehst ja, alle 5 Minuten sind wir irgendwie mit mehreren Leuten unterwegs, ne? Ja. Hey, Kendrick! Kendrick! Junge! Ja. Wir Hab holen. ich gar nicht erkannt oben ohne. Ich hol noch eben die Badehose und Ben macht noch seine Sachen in den Kofferraum. Willst du auch? Ja, gerne, ja. Okay. Wisst ihr das eigentlich? Gibt es ja auch ein Tattoo-Studio, das es Kommt noch. aufhat? Kommt noch, okay. So. Dann ganz rechts sehe ich aber da meine Sachen hin, ne? Jo. Ja, das reicht. Ja, nimm mal die Hose mit zum Baden. Das ist ja geil. Willst du sonst eine kurze Hose von mir? Ach nee, schon okay. Okay. Tschüss, Bommerli, bis später. Ich schau mal eben da noch in die Mülltonne. Ja, ist nichts drin, ne? Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich so vielleicht meine Cap wiederfinde. Ja, genau, in der Mülltonne, ne? Ey, was ich alles schon in Mülltonnen gefunden ja, habe, würde ne? ich die eigentlich auch hinschmeißen. Ja, Nein, Spaß. alles klar. Nein. Ui, Scherben, ne? Da muss man immer drauf achten. Mhm. Sag mal, Kendrick. Ja? Gehst du mit Schuhen baden? Nee, die ziehe ich dann unten am Strand aus. Okay.
Bruder, erzähl mal was. Tritra, tralala. Keine Ahnung. Hast du was zu erzählen? Ja, nee. Wow. Ja, nee. Ja, Ist nee. Ja, nee. Nicht so viel. Ja, tschüss, ne? Ich sag dir, der ist verrückt, der Junge. Mhm. Merk ich. Wenn du den mal 5 Minuten alleine lässt, ist er wieder am Durchdrehen. Na, Kendrick? Hä? Wenn man dich mal 5 Minuten alleine lässt, bist du wieder am Durchdrehen. Wieso? Ich weiß nicht, du bist irgendwie so hyperaktiv immer. Ja, ich freue mich auf das Wasser. Ja, dann renn mal los, ne? Und jetzt Schuhe aus. Sand. Ja, dann mache ich gleich. Moment, ich lasse gerade hier. Das ist ein richtiger Sportfreak, ich sag's dir. Ja, das meine ich. So viel zum Thema, man darf nicht rennen hier, ne? Mhm. Aber weißt du was, der hat recht. Nee, aber ich kann nicht rennen mit meinem Fuß, Mann. Ah, komm. Ah, ei, 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 ei. Ah, ah. Ah. Oh, geil. Ah. Boah, schon geil, ne? Schon geil. Ah ja. Aber meine Sonnenbrille ist jetzt nass geworden. Ey, der Sonnenuntergang sieht so geil aus, ne? Wenn jetzt einer Gitarre spielen würde. Hey, ich hab mal eine Frage, Jungs. Jungs? Ja? Könnt ihr eigentlich tauchen? Ja? Ja. Kannst du das nicht? Nee. Ich erklär's dir, okay? Okay. Du musst schwimmen und dich auf deine Leere konzentrieren. Okay. Auf deine okay, Leere. Okay, ich versuch's. Also ganz ausatmen, ne? Ja, genau. Da musst du einfach schwimmen und dann dich auf deine Leere konzentrieren. Ja, ich glaube, ich hab's. Boah. Ja, wird ein bisschen schwierig am Anfang, ne? Ja, und dann wieder hochzukommen, ne? Mhm. So ohne Luft im Magen. Boah. Oh, ich muss mal raus und eine rauchen. Oh, große Welle. Boah. Meine Zigarette zuerst hierher gelegt. Alter, wie das aussieht, ist einfach das Träumen, ja? Spürt ihr das Feeling? Das Los Santos Feeling? Ah. Nehmen kurz das Klo. Ja. Schon geil hier, ha? Ah. Ich meine, du gehst unter und kommst rauf. Ja, ja, die Angst im Fall. Mal schauen, ob das geht. Ist da so. Was? War. So. Schauen. Oh, Scheiße, geht nicht. Okay. Ja, aber ich bin vom Geländer runtergerutscht jetzt. Scheiße. Oh, ich sehe Hä? Was ist los? Hallo? Hola. 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 Habt ihr Schildkröte gefunden bei dem Wasserschwimmen, ne? Wie?
Habt ihr Schildkröte gefunden? Habt ihr Nee, aber wir sind vorsichtig, keine Sorgen. Hey, ich glaube euch das. Wollte nur Hallo sagen, ne? Ja, kein Problem. Hallo. Aha. Wer seid ihr denn? Ich bin Bruno Moser. Ja, ich bin Kendrick. Kendrick und Bruno. Hola, ich bin Penelope. Ich glaube, wir haben uns sogar schon mal getroffen, als ich Gitarre gespielt habe. Oder nicht? Wo hast du denn Gitarre gespielt? Ja, ich spiele meistens am Strand oder am Stadtpark oder vom PD. Spiele ich Gitarre. Das kann ich dir nicht sagen. Ich komme nicht sehr viel weg von dem Strand, ne? Okay. An den Stadtpark komme ich halt kaum. Okay. Ja, sonst nur so zur Info, heute Abend um 21 Uhr würde ich ein kleines Konzert spielen im Tequilala. Heute Abend um 21 Uhr in die Tequilala? Ja, ein kleines Unplugged-Konzert. Ah, ist da Eintritt? Ich glaube, ja. Okay. Ja, aber ich glaube, es ist nicht so viel. Ich weiß nicht, wie viel sie verlangen, aber ich glaube nicht so viel. Ah, du bist eine Gitarrenspieler. Machst du das beruflich? Ja, ich lebe davon, ja. Ah, aber ich spiele halt meistens auf der Straße. Hallo. Ne? Hallo. Hola. Und was macht ihr so beruflich? Ich glaube, die Dame meint Kendrick und Ben, ne? Also, ja, Hallo. LS Resources. Ah, sie. Ja, und ich lasse mir die Optionen offen. Das kenne ich, das Gefühl ist ja. Das kenne ich sehr gut. Ja, ich lebe halt auch hauptsächlich von der Stütze, ne? Bin ich ehrlich. Und was die Leute halt so geben ab und zu beim Gitarrenspielen. No, ich lebe auch von der Stütze, ja. Okay. Und was ich hoffe die Leute jetzt, so haben wollen, ja. das verkaufe ich dann nochmal. Ah, okay. Das ist Sag mal, verkaufst du auch Caps? Caps? Mhm. Ah, no, im Moment habe ich Frauensachen ein paar. Ah, Schuhe, okay, Hose, Jacke. Ja, die würden mir wahrscheinlich nicht so stehen, ne? No. Man hat einfach viel mehr Frauensachen zu verkaufen, weil die einfach viel mehr Sachen in ihre Schränke haben, ne? Ja, klar. Endlich. Oder aber Flüge nach Acapulco, ja? Was? Verkaufe ich auch. Entspannungsflüge nach Acapulco könnte ich auch verkaufen. Okay. Nee. Na, ich glaube, da reicht mein Geld wahrscheinlich nicht. Ja, du brauchst nicht mal ins Flugzeug steigen. $35 ist all inklusive Ticket. Ja, ich glaube, ich verstehe dich. See. Ah, ja. Wäre vielleicht was für Kendrick. Für mich? Mhm. Ja, safe. Für mich nicht. Ich habe nicht mal Kohle dabei. Vorne auf dem Automat. Nee, ich rauche nicht mal. Von dem. Bruno, dir ist gerade die Fluppe runtergefallen. Echt? Ja. Oh, warte, ich heb die auf. Oh, Moment. Was ist denn, Bruno? Strand sauber halten. Nee, der Sushi-Typ eben. Ja. Hast du da jetzt eine Portion bestellt oder zwei? Warum? Weil der mir 2 Portionen in die Tasche gesteckt hat. Ja. Also hast du zwei bestellt? Ich habe auch 2 bekommen. Aber hast nur eine bezahlt? Mhm. Geiler Junge. Sag mal, Penelope. Willst du eine Portion Sushi? Nein, no, ich bin nicht so für Rohfisch, ja? Ja, ich habe ist veganes Sushi, ist nur mit Gemüse. Ich esse auch keinen Fisch. No, Würde ich tauschen gegen ein Flugticket. Das kann ich gerne bis für die Geldautomaten nehmen. Ja, da ist nicht mehr drauf. Nein, aber mir ist auch nicht sehr viel drauf. Ja. Ich habe mir gestern ein Fahrrad gekauft. Ein Fahrrad?
Wie viel? Ah, ja, der Fahrradhändler hat auch hier am Strand, ja? Ah, stimmt, das hat mir vorhin noch jemand erzählt. Hab ich voll vergessen, ich Idiot. Wer? Ja, da der eine Biker hat mich angerufen und mir gesagt, wegen Fahrradhändler am Strand. Stimmt, Ja, sorry schon offen? Kendrick. Das habe ich Ich vergessen. weiß nicht, ob der schon offen hat. Müsst ihr gucken, der ist ja direkt hier vorne. Ja, komm, wir gehen mal gucken. Hey. Viel Spaß, ja? Hey, danke dir. Das Komm, hast du mir Kendrick. eins vorbestellt, Wo denn ne? vorne? Hier vorne? Ja, gehen wir. Ja, ich glaube direkt hier so. Hier irgendwo, da so in dem Gebiet, oder ne? nicht hier rechts? No, Weil der da hat eine von den Läden hier vorne. Okay. Achso, okay. Ja, gucken wir jetzt. Ah, sehr Danke. Hey, danke dir. Dankeschön. Hey, sorry, das hat jeder vorhin noch mal sagen. Das habe ich voll vergessen. Also vorne verkauft einer Velos, oder? Ja, also der hat ein Velo-Geschäft aufgemacht. Dann kann man sie legal kaufen, in dem Ja. Fall. Hey, das habe ich voll vergessen, ne? Das hat mir eben jemand erzählt noch. Ja, ich habe Ja, mal natürlich schauen, ein bisschen wie teuer das rumgefragt. Ganze ist. Ja, legal ist vielleicht günstiger als, als so halb, ne? Tschüss, Malo. Schau später nochmal rein. Hey, würde mich freuen. Merci fürs dabei sein und bis nachher. Ach ja. Der Kastel eigentlich das gleiche Oh, Tattoo ja. wie. Ja. Du bist kompliziert. Ich bin kompliziert? Ja, ja. Wieso? Ja, nur so, mir ist langweilig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ah, nice. Ja, wo ist denn jetzt hier ein Fahrradladen? Ich habe keine Ahnung, aber der Typ, der mich angerufen hat, meinte irgendwie eher mehr links. Also da sollte schon hier irgendwo sein. Ich sehe halt auch nichts, ne? Wollen wir mal? Also, ich weiß ganz genau, dass hier ein Biker-Laden ist. Okay. Ob der offen hat, weiß ich selber jetzt nicht. Smoke on the Water Pipe Shop. Okay. Ah, ja, hier läuft einer rum, der denkt, der wäre der krasseste. Zieh den mal ab. Na, Ja, Band. tut mir ein bisschen leid. Mhm. Ich glaube, der wurde schon vom Leben abgezogen. Ehre. Also es sieht nicht so aus, als ob da irgendwo was ist. Ja, hier vorne ist eigentlich so ein Bikerladen, aber weiß okay. nicht. Ich bin auch da drauf, nur. Ja. Ach, Bruno. Ach, Ben. Ich würde schon wieder sagen, du bist kompliziert. Ist das deine Masche? Machst du das bei den Frauen auch so? Nee. Guck hier eigentlich. Ah, Skate and Bike, ja? Gut, das ist ein Verleih, nicht? Das Sieht ziemlich leer aus. Da steht aber Bike Rental, ne? Das ist ein Verleih. Ja, aber das ist der einzige, den ich hier kenne. Ja, warte, ich rufe den eben nochmal an.
Ja, moin. Moin. Du hör mal, das Bike-Geschäft, das du meintest, das Fahrradgeschäft. Fahrradgeschäft? Du hast, oder hast nicht du mir das erzählt? Was für ein Fahrradgeschäft? Dass ein Fahrradhändler aufgemacht hat. Hast nicht du mir das erzählt? Nee. Wo hat denn ein Fahrradladen aufgemacht? Ey, am Strand. Ich dachte, du hast mir das erzählt. Scheiße. Nee. Ah, okay. Wo am Strand? Ja, das wollte ich eben nachfragen jetzt. Nee, das war ich nicht. Okay, ja dann. Sorry für die Störung, ne? Oder? Ja, aber danke für die Info. Ja, gerne. Okay. Okay, bis später. Ciao. Jungs? Ja? Kommt ihr mal eben kurz? Ihr seht auch, was ich sehe, ne? Eine Cap, ne? Mhm, meine Cap und mein T-Shirt. Mhm. Also Mexikaner am besten, ja. Mhm. Hola amigos, queso pasa? Hola. Hallo. Hola. Alles gut bei euch? Ja, bei dir auch? Ja, natürlich. Was macht ihr so, amigos? Sieht aus wie die Beach Boys. Ja, wir waren schwimmen eben. Ah, ihr wart schwimmen. Ja, und jetzt, Ah. ich habe gehört, dass ein neues Fahrradgeschäft aufgemacht hat. Und Nee, ich habe das danach stimmt. gesucht. Wo ist das denn? Amigo, wenn du hier weiter diese Promenade entlang gehst, auf der rechten Seite, da ist so eine Einbuchtung, die ein bisschen weiter reingeht. Aber der ist ausverkauft, amigo. Ah, scheiße, okay. Schau aber einfach mal, ob der Typ da ist. Okay. Kannst du was bestellen auf jeden Fall. Okay. Sag mal, dein Kumpel da drüben. See? Der hat eine schöne Cap. Hey. Hola. Oder? Willst du so eine haben, amigo? Sehr gerne. Hast du sowas? Was bezahlst du denn dafür, amigo? Was kostet denn sowas? Amigo, ich glaube, die Cap gibt's hier gar nicht zu kaufen, oder? Habt ihr die Ja. Kartenhändler gefunden? Welche Cap? Ah, die du aufhast, weil die habe ich auch. No, die Ah, gibt's ne? hier noch Die nicht, gibt's ja. nicht. Was bezahlst du? Ja, weil ich hatte eigentlich bis vor ein paar Tagen so eine. Ah, okay. Und, Ist das jetzt ein Vorwurf, amigo? Nee, ich wollte nur, ich möchte gerne wieder eine besorgen irgendwie. Schön. Ja? Willst du denn dafür zahlen, amigo? Ja, was kostet das denn? Ich bin halt ein armer Straßenmusiker, ne? Ich glaube, du hast mich auch schon spielen gesehen. Oh, weiß ich nicht. Nicht? Hast du eben am Strand gespielt oder was? Ja, zum Beispiel. Ah, okay. Ich spiele immer wieder am Strand. Was spielst du denn so? Ja, alles Mögliche. Alles Mögliche, okay. Aber nicht irgendwie was Spanisches oder Mexikanisches, oder? Ja, selten. Müsste ich üben Okay, so. okay. Hauptsache du spielst nichts Trauriges, ja? Ja, Nee. auch das muss manchmal sein, ne? Wenn, Aber je nach Stimmung am halt, Strand ne? ist Fiesta. Ja, am amigo. Strand ist Kannst du das Fiesta, nicht so- du sagst es. Da musst du fröhliche Sachen spielen, damit die Leute tanzen können. Absolut. Ja, ich spiele heute Abend ein kleines Konzert im Tequilala. Ah, okay, muy bien. Ja. Wann denn? Um 21 Uhr. Ah, muy bien, okay. Oh, vielleicht sieht man sich ja. Ja, würde mich freuen. Okay. Und was Und- macht ihr sonst so, amigos? Ja, wie gesagt, ich suche so eine Cap, ne? Okay. Ich warte auf dein Angebot. Da überlege ich mir gerade was. Okay. Wie heißt ihr denn so, amigos? Ich bin Bruno. Bruno? Nein, ich bin Kendrick. Der mit der Cap zurück, ne? Kendrick. Ja, genau. Ja, okay. Oh, weil ihr beide gerade jetzt gleichzeitig geredet habt. Ja. Und du was, amigo? Ben. Was für eine Kette? Ben? Ben. Ben, kennen wir uns? Ja. Nee, ne? Ja. Wie war okay, dein Name noch? Ich bin Cruz. Cruz. Nee. Ja, freut mich. Und Ben, wie geht's dir, amigo? Ja, gut soweit. Muy bien. Nur Das sagt halt Miss Cap. bisschen an der Bein? Schiene. Okay, was passiert? Ja, ich hatte, sagen wir schnell einen Arbeitsunfall und so alles gehabt. Und Ein Arbeitsunfall, stimmt, habe ich schon gehört. ja, genau, und ja. Hab eine Schiene bis heute Abend. Okay. Gute Besserung, amigo. Ja, danke schön. Na, da nichts dafür. Raucht ihr was? Nö, du. Raucht ihr was Jetzt zum Rauchen? gerade Nee, Medikamente. gerade nicht, danke. No? Hey, amigos.
Bisschen Siesta machen an die Strandgleis und dabei noch ordentlich einen rauchen. Ja, später vielleicht. Ich muss erst noch einen kleinen Kopf haben, um zu spielen, ne? Ah, okay. Na, manche Leute, ich habe gehört, die Künstler, die werden immer erst richtig kreativ dann. Ja, aber ich sag mal so, wenn du in dem Umfeld unterwegs bist, musst du Disziplin haben, ne? Okay, ist das so eine Sticky-Mickey-Bar oder was, amigo? Ja, nee, ich meine nur so, in der Musikerwelt ist das gang und gäbe und da kannst du auch schnell mal übertreiben, ne? Schön. Und dann spielst du nicht mehr so gut, ne? Alles klar. Wegen der Cap. Ich bin immer noch am Überlegen. Amigos. Hola. Marcel, was wäre dir so eine Cap wert? Ich habe keine Ahnung. Die alte hatte halt einen emotionalen Wert für mich, aber das jetzt wäre halt mehr so ein als Ersatz, ne? Okay. Ich weiß nicht. Ich habe halt nicht viel, ganz ehrlich, sage ich dir ehrlich. Gib mir mal deine Nummer, amigo. Okay. Hola. Ja, Entschuldigung, ich war ein bisschen neben der Spur. Das ist die 555? Nee. 603? Nee. Bist du immer 029. noch krank, hä? See, das Fieber Okay. kickt da. Sie und das noch dann bei dem Wetter. Könnte es Lichter sein. Jupp. Cruise. Cruise hast du gesagt. Mit Ohne C I geschrieben. oder irgendwie sowas, ne? Mit Einfach. C-R-U-Z. Okay, super. Muy bien, alles klar, amigo. Überleg dir mal was, ich überlege mir was und dann kannst du dich ja mal melden, ne? Okay. Und für das andere natürlich auch. Wunderbar, gut zu wissen. Nee. Alles klar, dann euch noch einen schönen Abend, ne? Ja, gleichfalls, ne? Okay, ebenso. Bis später. Ciao. Adios. Ciao. Hola, grüß. Ja, nee, der Chef war die ganze Zeit nicht da, aber ich kann ihn jetzt anrufen, wenn er da ist. Jo, ich rufe ihn jetzt an. Safe sieht das die gesehen. Der hat sogar mein T-Shirt an, der Wichser. Ja, jetzt. Kendrick. Ja. Safe sieht das die gesehen. Ja. Hä? Das waren safe die Jungs. Ja, safe. Kann sein. Drecksack, mein Shirt und mein Cap hat er auf. Aber ich weiß es halt nicht, ne? Ich halte mich, sag ich mal, bei denen halte ich mich raus, aber wenn du Ja, meinst, ich dass auch. die ist, Nee, ich will da keinen Stress anfangen. Ich kauf dem die halt ab, aber... Arschloch, ne? Ja. Hey, warte mal, hier. Da stehen Fahrräder. Hier, das Pinkrix. Folgt mir unauffällig, ne? Jo. Unauffällig. Ja, ich bin nicht mehr so, wo hier geht. Nein, irgendwie ist. Schon ein bisschen. Ja. Komische Gegend da. Mhm. Sagt er das nicht zu Luca? Jo, Emil. Ja, na gut, ich brauche die Krisensitzung. Warum? Was ist los? Hast du Zeit, oder? Ja, kann man einrichten. Ich bin einfach noch mit 2 anderen unterwegs. Ah, verdammt. Ist der Gang da in der Schweiz, was du gemeint hast? Oder? Ja, voll. Meinetwegen, also vertraust du dem? Ja, voll. Das Leben? Ja, bis jetzt würde ich sagen, ja. Okay, ist gut, dann kann ich gut dabei sein. Okay, und der andere ist halt der Ben, den kennst du ja selber. Ben? Der Paul. Oder hast du den nicht? Nein, du kennst den gar nicht. Auch. Ist das so ein Schweizer? Nein, ja, Paul. Paul? Ja. Nein, das Problem ist halt... Hallo, ich bin ehrlich zu dir. Ich will jemandem etwas heimzahlen und dafür brauche ich die Leute, die ich vertraue. Okay. Und ganz ehrlich, wenn du mir dabei hilfst und es funktioniert, bin ich dir gar etwas schuldig. Also ein Hang bist die andere. Okay. Ja, es ist nichts Illegales, also du wirst deine Hänge nicht schmutzig machen, keine Angst. Okay. Ja, halt einfach nicht mehr allzu viel Zeit, gell? Es ist 8 Uhr jetzt und um 9 Uhr muss ich auf der Bühne stehen. Ja, aber wie gesagt, wo bist du? Du fragst schnell zu dir, Am Strand. alles. Am Strand.
Wo genau? Weißt du, wo der Basketballplatz ist? Oh, bei Bereich von der Latinos. Ja. Bist du wirklich genau dort? Ja, also wir laufen jetzt auch zum Auto, das habe ich ein bisschen weiter rein. Aha, dort beim Ufer ist die, also beim großen Parkplatz dort, beim Coast Guard Turm. Ja, nein, warte jetzt mal. Also es ist hier, wenn du beim Fitnesscenter ein bisschen links laufst und dann rechts und dann kommt links ein grosser Parkplatz, also so in der zweiten Straße. Also ja, ich weiss, wo das Fitnesscenter ist. Ich weiss, wo das ist. Ja, okay, schau, dann wo ist mein Auto her? Ach du Scheiße, mein Auto ist geklaut worden. Ja, nicht. Ja, also fährst du jetzt gerade weg, oder? Nein, der andere ist dann noch am Schauen wegen einem Velo, irgendwie es hat das Velogeschäft auf da scheint's. Ah, okay, ja gut, ich komme dort beim Fitness-Ding, ist gut? Okay. Okay, ist gut, bis nachher. Bis nachher. Oder, wie sieht's aus? Der steht hinter uns da. Ah, aber ist jemand hier? Nein, sie hat auch gesagt, er sei wahrscheinlich ausverkauft, aber der Ben hat die Nummer bekommen. Okay. Ja, es kommt jetzt noch schnell ein anderer Kollege, auch ein Schweizer. Und der will irgendwie schnell mit mir, bzw. mit uns reden. Ich kann dir ja vertrauen, oder? Mir? Ja. Okay. Und? Wie sieht's aus? Ja, da geht keiner ran. Ah, shit. Kendrick, du hast die Nummer aufgeschrieben? Nein, ich kann sie nicht. Du schreibst sie dir auch auf. Ich glaube es irgendwie Maxwell oder so geheißen, wie ich es verstanden habe. Also ich habe es auch nicht, du musst den Ben Horti fragen. Wenn wir schon schnell zum Auto fangen. Ja, mal noch wieder etwas anlegen, langsam wird es ein bisschen frisch da. Ben, wir gehen zur Karre! Jo. Scheiße, wo ist der Parkplatz überhaupt? Ist das neues weiter links? Oder weiter rechts? Oder... Warte mal. Du kurz gesagt, ich habe Weißt noch du- mit einem... Ja, Entschuldigung, was? weißt du, wo mein Auto Nee, steht? links ist richtig gewesen. Ist noch einer weiter links, ne? Ja. Okay. So. Ah, Mann. Nein, der andere vorhin, der andere Schweizer. Ich habe gesagt, er braucht irgendwie unsere Hilfe. Okay. Und dafür wären wir dann einen Gefallen schuldig. Und ich habe schon eine Idee, was der Gefallen kann sein. Du weißt, was ich meine. Ja, da kommt er. Ja, warte schnell. Mach schnell die Scheibe runter. Mach schnell die Scheibe runter. Jo. Lass, ich sage dem anderen noch schnell, wir drehen schnell eine Runde, oder? Ja, voll. Okay, ich gebe ihm schnell Bescheid, weißt du? Wir können nicht einfach so allein lassen. Ja, ist gut. Ja, Ben? Ja? Wir werden eben mal kurz 5 Minuten weg, ne? Jo, okay. Komm gleich wieder. Jo. Hast du offen? Ja, sicher. Jo. So. Emil, Kendrick, Emil. Freut mich, Kendrick. Freut mich. Er ist Südafrikaner, aber seine Mama war Schweizer. Ich glaube ein bisschen falsch, wenn ich sage, mein Beileid, oder? Hallo? Ja, warte schon, wir fahren schnell am Ort, wo wir schnell unsere Ruhe haben. Weil, eben, es ist eine wichtige Sache. Und da habe ich keinen Bock, dass wir gestört werden. Ja, fahr einfach nicht zu weit weg, weil eben, Ja, ja. nicht viel Zeit und Ja.
der andere ist ohne Auto dort unten, also. Ja. Vor allem nur vorher zu links zum Glück. Wenn jetzt da der Kendrick muss abschießen, wenn er nicht mitmacht. Du lachst? Ja. Nein. Du, ich habe dir auch noch etwas Lustiges zu erzählen. Unsere Wohnung ist ausgeraubt worden. Lass mich raten, du hast offen gelassen und deine Schränke waren offen gewesen. Yep. Das kriegt man auf. Ja, und jetzt ist mein selteniger Los Santos Cap ist weg. Mhm. Und ich habe vorhin einen Mexikaner getroffen, der das gleiche T-Shirt und das gleiche Cap hat plötzlich. Mhm. Finde ich nicht so geil. Finde ich gerade auch nicht. Also, Ja, erzähl. man kann am Kendrick wirklich vertrauen. Ich würde sagen, ja. Gut, ich sage es einfach so, Kendrick, wenn nicht irgendwie erfahren, das Gespräch rausgeht, dann hast du ein riesiges Problem. Da hast Leute einfach hinter dir, die dich einfach wegen verfolgen und ist einfach nicht schön. Gut, also, Bruno, du weißt ja, dass ich arbeite bei Los Santos Besuchs, oder? Mhm. Und dort hat es einen Mitarbeiter, wo wegen ihn bin ich degradiert worden. Wegen dem Wichser. Und er hat alle anderen Mitarbeiter gegen mich aufgehetzt. Okay. Jetzt, es ist bekannt, dass bei uns irgendwie von irgendjemandem geklaut wird. Mhm. Und ich brauche euch zwei, so gesagt, als Zeugen, dass die diesem Mitarbeiter, er heisst Sam Walker, wieder das Bein schiessen. Okay. Respektive, geht irgendwie zum Chef, zum Kilian, und sagt ihm, ja, der hat irgendwie alles können zurückverfolgen, von wegen, dass der Material unter dem Tisch verkaufen Los Santos Resources. Aber jetzt mal Karte auf den Tisch, es bist du, der Zeug verkauft, oder? Hä? Jetzt mal Karte auf den Tisch. Nö, voll nicht. Du hast mir einmal angerufen und gesagt, du kannst mir alles besorgen. Ich kann alles besorgen, ja, aber ich bin nicht der, der Zeug klaut. Okay. Also Gut. eben, wenn du Ja, es nimmt mich nochmal Wunder, ich will, dass man Ja. mit mir mit offenen Karten spielt, verstehst du? natürlich. Also Ist mir auch scheißegal, was du bist, weißt du, was ich meine? Schau, Gut. ich kann dir eine Axt besorgen, das ist kein Problem. Ich kann dir eine Taschenlampe besorgen, wenn du Ja, willst. aber darum habe ich gedacht... Ja. Nein, das bin nicht ich, aber Okay. ihr müsstet jetzt auch einfach irgendwie... Sagt einfach am Chef, der hat das alles zu ihm können zurückverfolgen und ihr wollt wissen, ob das legal über den Tisch geht oder nicht, bevor ihr es bei mir kauft. Also... Ist ein bisschen komisch aus dem Nichts raus. Ich würde jetzt eher du gibst mir die Nummer von deinem Chef. Natürlich. Und dann Leute dem an und sagen, es hat mir einen angeboten, Zeug zu kaufen. Sam Walker heisst der, das ist eine gute Idee. Ah, ja, ich tue den ein bisschen zuerst rumdruckseln, sage nicht zuerst, wie er heisst. Ja. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen, ja, und um was geht es überhaupt? Was verkaufen? Also Eisenbarren, Goldbarren, Okay. Aluminiumbarren, Glasflaschen und so. Okay. Wenn das wird funktionieren und dass das sicher Anschiss-Bearbeitet bekommt, bin ich dir wirklich schon Gefallen schuldig. Okay. Jetzt halt für dich, Kendrick, ich kenne dich nicht, aber wir haben mitbekommen, du bist sicher der, der das Velo sucht, oder? Ja. Genau, Also, ja. was ich kann machen kann, ist dir halt das günstiges Velo finden. Das ist das, was ich dir anbieten kann, weil ich dich halt nicht kenne. Ja, das ist doch gut. Gut. Und bei dir, Bruno, du hast doch gesagt, ja, du hast jetzt von dem Mexikaner erzählt, oder? Mhm. Du hast sicher helfen, dass ich dem alles rausprügle, oder? Dass du das Zeug bekommst. Ich sage mal so, wenn es wirklich Minicap ist, dann hätte ich sie gerne wieder. Der Rest ist mir egal. Es kann aber auch sein, dass er selber so eine gekauft hat, das weiß ich halt nicht. Ich habe halt nur noch nie so eine gesehen und gestern wird meine Wohnung ausgeräumt und jetzt sehe ich so eine. Ja. Und der andere, der Cruise oder wie er heisst, hat mir vorhin angeboten, er hat auch noch so eine. Er überlegt sich jetzt mal einen Preis. Und ich habe vorher noch nie irgendwo einen mit so einem Ding gesehen, weißt du, was ich meine? Ja. Also ganz ehrlich, das ist wirklich schon komisch. Aber ich wollte auch keinen Stress mit Mexikanern und so, weil ja dann jetzt das erzählt, dass ich eine suche und bla bla bla. Aber Ja. vielleicht kann man irgendwie einfach einen guten Deal machen, also mir die für 100 Stutz gibt und fertig. Gut, eben, wie gesagt, mit den Mexikanern würde ich es mir sowieso nicht anlegen. Also, Eben. ganz Ja, wenn du ehrlich. sagst, wegen Verprügeln. Ja. Das Einzige, was mir da anbieten kann, ist, dass man da irgendwie das Dritte irgendwo in mein Auto einpacken, davon fahren und ihm das Zeug wegnehmen.
Ja, da haben wir eine Lampe mit dem Mexikaner. Mhm. Aber dann müssen wir irgendwie allein. Nein, ich würd eher... Hast du einen guten Draht zu denen? Nein, gar nicht. Okay, ja, nein, dann probiere ich das so zu regeln, dass ich... Also ich komme dann vielleicht darauf zurück, wenn es nicht klappt. Es kommt jetzt darauf an, wie viel sie dafür will. Ja, also kannst du, wenn du schon $400 dafür boten, ist das schon übertrieben. Ja. Weil das Cap, das normale Cap Aber kostet ich sage jetzt mal, $100-150 würde ich zahlen. Weil dann habe ich keine Probleme, dann habe ich mein Cap wieder, alles okay. Ja, ja. Das wäre es mir wert, für ohne Stress aus dem Ganzen rauszugehen, weißt du, was ich meine? Aber sonst schauen wir dann. Ja, los, ich habe nicht wahnsinnig viel Zeit, gib mir die Nummern. Easy. Also, der Chef heisst Kilian O'Connor. Seine Nummer ist 555. O'Connor. Genau. Und von wo habe ich die Nummer, wenn er fragt? Du hast die auf der Straße besorgt. DUL. Das ist ein LS Resource. Genau, vom DUL hast du die Nummer. Vom DUL, okay. Genau. 555. 915. 915. 836. 836, okay. Soll ich dem jetzt gerade anrufen? Voll, ja. Okay. Was hast du gesagt? Kilian, gell? Genau, Kilian O'Connor. Kilian O'Connor, okay, seid still, ja. Und er heißt Sam Walker. Sam Walker, okay. Ja, aber das werde ich mir jetzt noch nicht sagen. Genau. Los Santos Resources, O'Connor. Ja, guten Tag, Herr O'Connor. Ja, ich rufe Sie an, mir wurde was angeboten von Ihnen und ich wollte mal fragen, ob das bei Ihnen normal ist, so, dass da Silber- und Goldbahnen und solche Sachen angeboten werden. Okay. Also prinzipiell, wenn etwas angeboten wird, dann nur von mir direkt. Okay. Aber grundsätzlich ja, auch wir verkaufen. Es hat sich nur so angehört, als wäre das nicht so ganz offiziell. Okay, ja, das... Also wie gesagt, an mich wurde bis jetzt noch keine Nachfrage von Privatrang angetragen. Deswegen. Okay, ja, das habe ich mir gedacht. Nie irgendwo, also was angeboten. Was wurde Ihnen denn angeboten? Also Silber und Gold, oder? Silber und Gold, ja. Okay. Und wissen Sie von Und Eisen, glaube ich, auch noch. Glasflaschen. Wissen Sie denn auch von wem? Oder? Ja, ich weiß von wem, aber ich möchte jetzt eigentlich auch nicht da der A spielen, ne? Ja. Aber gut zu wissen, dann sollte ich mal in die Richtung nicht vielleicht bei meinen Mitarbeitern etwas machen. Ich würde denen mal besser auf die Finger schauen, ja? Ja. Also das war, was hat er gesagt? War Eisen, Gold, Silber und Glasflaschen. Oder Gasflaschen, ich weiß es nicht mehr. Glasflaschen, ja. Ja. Also, Silber würde mich wundern, weil Silber haben wir gar nicht im Angebot. Okay. Den Rest hätten wir im Angebot. Okay. Darf ich denn fragen, hat er denn auch Preise genannt? Oder? Nee, noch keine Preise genannt. Okay. Mir wurde nur gesagt, dass er das besorgen könne. Okay. Und hat auch angedeutet, dass es nicht ganz so offiziell laufen würde. Aber ich möchte eigentlich gar nichts damit zu tun haben, verstehen Sie? Ich wollte nur, dass Sie da Bescheid wissen und da vielleicht mal... Ja. Okay. Sie könnten mir auch nicht zufällig die Nummer geben, oder wie ist denn der Herr mit Ihnen in Kontakt getreten? Ich habe ihn getroffen. Also ich habe auch keine Nummer von ihm. Okay. Ich hab gar nichts, also ja, ich weiß, wie er heißt, aber... Ja, wie gesagt, das ist... Vielleicht, wenn ich Ihnen nur den Vornamen sage. Sam. Das wäre auf jeden Fall schon mal Dann würde ich, aber wie gesagt, Sie haben das nicht von mir, Sie wissen nicht, wer ich bin, ich will nichts damit zu tun haben, ne? Das auf jeden Fall, also Sie werden da komplett rausgehalten. Okay, weil ich verlasse mich da auf Sie. Natürlich. Okay, das war ein Herr Sam, hieß der. Sam, das muss Ihnen reichen. Ich weiß nicht, ob Sie mehrere Sams haben, aber wie gesagt, ne? Ja. Okay. Gut,
Können Sie mir sonst noch irgendwie ein Merkmal nennen? Irgendwie Nee, hatte der nee. Herr ein Tattoo oder? Nee, lieber nicht. Das muss reichen. Lieber nicht. Okay, Okay. gut, dann weiß Gut. ich auf jeden Fall schon mal Bescheid. Okay. Einen schönen Tag noch. Dankeschön. Ebenso. Ciao. So. Ich hab etwas zu gut bei dir. Natürlich hast du das. Was hat er gesagt? Ja, er weiß wahrscheinlich wer und er wird sich darum kümmern und bla bla bla. Mhm. Also ich glaube, der Typ hat jetzt ein Problem. Genau. Aber Also- auch der will einfach hier nicht reingezogen werden. Ich weiss von nichts. Ha? Ja, natürlich. Und ich werde ihm auch näher anrufen, dass ich gerade von irgendjemandem mal gehört habe, dass er von LS etwas verkauft. Ja, aber ich würde es ein bisschen warten, gell? Ja, mach ich Das dann ist dann später klar, am dass es von dir kommt. Ja, macht es dann später am Abend. Okay. Also eben, wie gesagt. Kannst du Wenn ich- jetzt wieder zurückfahren? Die Zeit drückt langsam. Ja, kann ich machen. Ich muss auch noch umziehen und alles. Mhm. Also, Kendrick, ich lasse jetzt ein bisschen um wegen dem Ding, wegen dem Velo. Also soll ich auch noch anrufen später oder soll ich mal warten? Du hast Leute später an. Also. Und schreib doch du ein SMS, das ist ein bisschen weniger auffällig. Oder so, ja. Ja, voll. Aber ich würde wirklich ein bisschen warten noch. Ja, ich warte. Und keinen Namen erwähnen. Mhm. Das machen wir vielleicht dann nach dem Konzert, Kendrick. Also, was ich sicher anbieten, was ich auch anbieten, ist, Bruno, ist eine Axt für ein bisschen günstiger. Ja, Axt brauche ich nicht. Ich weiß nicht, für was ich Axt brauche. Baseballschläger wäre interessant oder halt irgendwie ein Messer oder so. Das Messer kommt schon momentan nicht an. Ja. Das ist das Problem, wo halt einer wie gesucht hat, der irgendjemand mit dem Messer umgebracht hat. Okay. Das kommt momentan gar nicht an. Okay. Musst du mir noch sagen, wo dein Auto ist? Irgendwo da vorne jetzt ein Parkplatz, fahr noch ein bisschen weiter. Geradeaus. Etwa eine Stunde geht das Konzert nachher. Dort hier rechts habe ich den da. Karren. Ja, also, in dem Fall. Kannst du noch? Du kommst schon am 9 Uhr. Wo Tequila oder? Ja, voll. Ah, easy. Bekommst du jetzt endlich hoffentlich Lohn? Ja, wir haben einen guten Deal gemacht. Ah, easy. Ist gut. Ja, von dann sehen wir uns bestimmt später. Okay, bis später. Also, Jungs, bis später. Tschüss. Ciao. Bis später. Nicht schnell pennen. Ja, Ja, hallo Ben. Banani. Ich bin beim Auto, wo bist du? Ja, ich bin zum Stadtpark gelaufen. Nee, wieso? Ich habe ja gesagt, Ja. wir kommen gleich wieder. Ja, egal. Kannst du mich abholen? Ja, wir holen dich. Ja, weil ich bin da oberkörperfrei und Ja, ohne nichts am Stadtpark. wir ziehen uns eben an und dann kommen wir. Okay, perfekt. Bis gut. gleich. Ich warte dann, ne? Ja, Jo. ciao. Da ist ein Stadtpark gelaufen, in der Badhose. Also nein, einfach oben ohne und ohne Schuhe, oder? So. Oh Gott. Also, dann schreibe ich dem anderen dann später noch. Ja, erzählst ihm so ein bisschen das Gleiche wie ich, aber nicht gut 1 zu 1 das Gleiche. Also eben, dass mir jemand angeboten hat, Eisen zu kaufen. Tu dich Eisen, mal auf, Silber, Gold ja, tu dich und mal auf so etwas beschränken. Dass es nicht zu auffällig Also. wird, weißt Also, ja, das sage ich jemand, ist bei mir und der will Eisen mir verkaufen. du? Ja, genau. So. Der Chino-Shorts, Basketball. Aber soll ich so dreist sein und einfach dann sagen, wie er heisst? Könnt ihr Nein, nicht machen? nein, ich würde es weglassen. Ich würde es noch weglassen. Da fragt er sicher nachher und dann tust du schon so ein bisschen die rumdrucksen, dass er gesagt hat, dass du nicht sollst sagen, wie er heisst. So. Also, ja. Weißt du, was ich meine? Es ist viel zu Ja, ja. auffällig. Also. Ich hoffe jetzt mal, wir helfen hier keinen Marsch, aber ja, die Schweizer müssen ein bisschen zusammenhaben. Ja, mehr ein bisschen das Gefühl, dass wir nachher richtig auf den Grippe kommen. Nein, wir haben nichts mit dem zu tun. Ja, hoffe ich mal. So. Willst du heute zum Stadtpark fahren? Ich sollte aber schnell nochmal heute ein bisschen... Ah, warte, Telefon. Jo. Ja, vergessen etwas zu sagen. Ja. Bist du sicher dabei, jetzt mir als dritte Schweizer Gruppierung zu gründen?
Ist mir ganz so durch den Kopf im Fall. Ja, das haben wir doch schon so klein, oder? Ja gut, stimmt auch. Ich meine, ein roter T-Shirt, weisse kurze Hose. Nein, Mann. Da bin ich draussen. Okay, ist gut, also bis später. Aber gell? auf jeden Fall, Zusammenhalt ist da. So, Ja, voll. bis später. Also, bis später. Tschüss. Ciao. Ah, so. Ja, komm, steig ein. Ah, jetzt fahren ist wahrscheinlich ein bisschen heiß. Ja. Aber kannst du mir schnell im Navi den Stadtpark kriegen? Jo. Ich habe letztes Mal $50 gezahlt, weil ich über einen Stopp gefahren bin. Ich glaube, der ist da, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich kenne mich halt auch noch nicht so genau aus in der Stadt. Okay. Ah nein, der ist da vorne. Da. Zwei Plakette noch. Ich war aber noch recht schnell da vorne, da das gelaufen ist. Ja. Ja, vor allem barfuß, der Freak. Aber es ist auch nicht schlecht, jetzt habe ich Möglichkeiten von 3 verschiedenen Personen ein Velo zu kaufen. Nein, ich habe noch 2 andere auch noch gefragt. Aber ich frage mich, wer das mir das erzählt hat, dass am Strand Velos verkauft werden. Das hat mir heute irgendjemand, aber ich habe mit so vielen Leuten telefoniert für dich. Ja, du ist auch egal. Hauptsache irgendwo eins abgreifen und... Ja. Nein, ich darum nur gerne nachher. Die Nummer hast du jetzt, gell? Nein, die muss man noch geben. Okay. Ja, moin. Ja, moin. Moin. Bist du jetzt barfuß hier hingelatscht? Ja, ich bin nicht gerannt, ich bin einfach rumgegangen, ne? Ein bisschen spazieren und so. Ja, ich fahr mal eben zu mir, ich muss noch kurz duschen gehen und so, vor dem Auftritt, ne? Ja, gut, dann machst du. Ja, gut, ist doch gut so, weil meine Karre ist auch Ja. da, ne? Nur, ich brauche noch von einem Kofferraum meine Anziehsachen. Ja, klar. Und dann. Also kannst du auch bei mir noch chillen, ist egal, ne? Ich gehe nur kurz duschen und dann. Nee, ich muss noch zum MD. Und Ah, dann stimmt, ja, genau. Ja, genau. Und dann Ja, soll ich komm dich zum noch. MD fahren? Oh ne, komm, jetzt kannst du ja selber fahren, ne? Ja, genau. Okay. So. Kendrick, willst du. Was ist? Kommst du auch noch mit hoch jetzt oder? Ja, Was- komm auch okay. noch kurz mit rein. Also nach dem Baden im Meer kurz duschen vor dem Auftritt ist besser. So, perfekt, danke. Hast du alles? Jo, Okay. danke, ne? Ja, dann bis gleich, ne? Jo, bis gleich. Wir sind dann im Ich hoffe, du packst das. Ja, das wird schon klappen. Tequilala, ich weiß. Tequilala, Mann. Ich komm. Juhu! Ah, Ich kannst du komm mir auf noch jeden Fall. Kannst du mir noch die Nummer geben von diesem Fahrradhändler? Ja, und am besten deine eigene auch noch. Ich geh mal rein. Jo. Bis gleich. Wie hieß der nochmal? Maxwell oder so hat sie gesagt. Hast du noch Touren, Leute? So, ich muss nämlich dringend auf das WC und schnell etwas essen noch vorher. Also etwas zu essen holen. Ah. Ja, die Tür ist offen. Da kann er rein. Ah, Scheiße. Kendrick? Ja, Kendrick. Ja. Ich geh schnell duschen, ha? Ja, ist gut. Ich spiele sie jetzt nicht. Du bist da, gell? Du lieber beschließen, Okay. weil ich leg mal schnell kurz.
Okay, mega schnell duschen. Jo. Bis dann. So, liebe Leute, ich hole mir heute etwas zu essen. Moin Zirpo! Holen wir heute etwas zu essen, etwas zu trinken, kleine Pause. Und dann geht es ins Tequilala zu Bruno seinem ersten Konzert. Seid ihr ready? Also, bis gleich. Ja, moin. Haben wir heute das Knoblauchbrot in den Ofen geschoben. Jetzt sollte ich vielleicht noch Timer stellen. Timer. 7 Minuten. So. Jetzt muss ich noch schnell auf die Toilette. Gönnt ihr das Knoblauchbrot? Ja, merci. Logito, 20 Bits. Merci vielmals. Aber hör auf.
Lokito. Hör auf! So, wie lange geht das noch? Noch 5 Minuten. Ja, da essen wir halt Brot. Merci, Lokito. Ich mache gleich wieder zu. Ich muss jetzt mein Knoblauchbrot holen. Mal Aromat. Das ist mal Aromat. Lokito, hör auf! Lokito. Wir müssen reden. Ich wünsche dir einen guten, merci. Es geht so nicht, mein Freund. 5000 Bits Abzeichen, bist echt wahnsinnig. Brot und Aromat. Oh. Sexy Duschshow, Kastel. Nein, man sollte ja ein bisschen zu Nacht essen, Mann. Und der Lokito ist wieder am Eskalieren. So, und in einer Minute ist mein Knoblauchbrot nachher. Ich habe jetzt wirklich irgendwie 6, 7 Zuschauer verloren, nur weil ich etwas zu essen holen. Merken wir da. Wasserrechnung nicht so, gesagt, kein Wasser. Mutter, schau. Das Wasser zu Los Santos ist so sauber, dass du es nicht siehst. Ja, 4 Stunden 22 schon. Wie haben wir die Hälfte? So, jetzt hat er mein... Entschuldigung, jetzt hat er mein Knoblauchbrot nachher sein. In 3, 2, 1. Was ist denn mit Timing?
Ja, schnell schauen, ha? Hup, hup. Das Scheißding braucht noch Minuten 2. Und tschüss, so, wie geht's euch, Leute? Freut ihr euch auf Bruno sein Konzert? Soll ich Anger nochmal schreiben, schnell? Vielleicht mal aus der Dusche raus, ha? Hey Bruno, es tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann morgen nicht zu deinem kleinen Konzert kommen. Pass auf dich auf, Emma. Jetzt sind wir ein bisschen traurig. Mein erstes kleines Konzert im Tequilala. 21, no. Bala. 21, no. Übergroß. Bruno Moser. Jetzt machen wir schnell Copy-Paste. Reminder. Geht das da überhaupt? Yes, okay. Ja, Knoblauchbrot, ich komme gut. Wow. Kommen wir wieder. Merci Lokito, danke schön. Knoblauchbrot ist immer noch nicht nachher. Ich kann kotzen. Warten wir nochmal 2 Minuten. Jo, Ben. Jo, hi. Hi. Ich bin jetzt schon von meinem Deal raus. Okay. Ja, meine Schiene wurde jetzt auch abgenommen. Ah, nice. Ja, wie gesagt, also ich werde auf jeden Fall ein Konzert mir anschauen. Wunderbar. Und ich hoffe, da sind noch ein paar Songs dabei, die ich auch mitsingen kann. Ich denke schon. Und, ja, okay, perfekt. Hört sich schon mal gut an. Ja, also ich glaube, von meinen Kollegen werden auch bestimmt, glaube ich, 3, 4 auch noch da sein. Ja, ich hoffe, es gibt ein paar Leute. Ja, bestimmt. Ich habe eben auch noch ein bisschen ein SMS geschrieben und so. Ja. Und ja, ich muss mich jetzt mental noch kurz ein bisschen drauf vorbereiten und dann fahre ich mal hoch. Ja, okay. Also ich brauche noch so 2, 3 Minuten. Okay. Ja gut. Dann bis gleich, ne?
Jo, bis gleich. Ciao. Ciao. Mental darauf vorbereiten. Lokita. Ist Kendrick eigentlich noch wach? Kendrick? Kendrick? So ein Bongo. Ja, schick. Ich glaube, da ist iPad. Aber wieder Pad ist auch ein Stream. So. Ist der andere wasted? Nein, ich glaube, der ist schnell Hurti weg. Er schlaft. Kendrick schlaft. So, mein Knoblauchbrot sollte jetzt nachher sein. Ich komme wieder. So. Kuckuck. Ich bin immer noch für Pizza Prosciutto Mascarpone. Und merci für den Beat, Pommeli. Dankeschön. Das ist jetzt auch noch ein bisschen heiß, ha? Ja, aber schaut mal. Ist okay, oder? Fokus, Kamera, egal. Ai. Cheers 20 Leben. Hä? Gönnt ihr einen guten? Merci. Aber ich glaube, das ist noch ganz heiß zum Essen. Ich glaube, das ist sie dann während dem Spielen. Ich habe noch keinen Platz mehr auf meinem scheiß Tisch. Es spinnt. Ha! Du kannst nicht mehr spenden, finde ich gut. So. Nein! Lokito! Hör auf jetzt! Das schnell ein bisschen umbauen. Zu viel Scheiß auf dem Tisch. Ich muss nämlich zuerst noch mal heute aufs WC, darum hockt der Bruno schon da. Und dann müssen wir dringend langsam los. So, gebt mir noch mal schnell 2-3 Minuten. Ich komme gleich wieder. Tut euch gegenseitig unterhalten. Bis grad.
15 Leute und er hockt auf dem Topf. Lul. Ja, this is how we do it. Oha. This is how we do it. Dankeschön. Ja, nice. So, 20:35. Jetzt werde ich langsam nervös. Ja, nein, halt, stopp. Bei RTL wäre die Kamera im Klo. Das ist der Unterschied. Der Bruno muss dauernd aufs WC, er ist ein bisschen nervös wegen seinem grossen Auftritt. Und ich wegen dem Knoblauchbrot. Nein. Hey, das Zeug ist immer noch kalt drin, musst du mich verarschen. Ja, egal. Oh. Was, die ist wach und kommt nicht? Boah. Da ist Bruno enttäuscht. Wäre ich der Bruno, wäre mir schon lange eingeschlafen. Hey, Digga, glaub mir, der Timo hockt noch länger auf dem WC als der Bruno. Was ich aber hingegen nicht verstehe, Kassel, ist, musst mal schauen, wie der Kendrick schläft. Jetzt hat er noch das Sofa gewechselt, der Huren-Giggle. Alter, ist das die Ernst? Wer schläft so? Wer schläft so? Kendrick. 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 Der hört nicht. Sack eingepennt ist. Das schaut mit den Aargauer Blut. Sicher ein heimlicher Breakdancer, ja, habe ich auch schon gesagt heute. Er träumt vom Breaken. So. Wie spät haben wir es denn? 20:38. Muss da los! Verdammt. Ja, halt. Gehen wir. Haben wir auch ohne Kendrick. Hier noch etwas. Verdammt! Nein, das Mal haben wir gescheit beschlossen. Der hure Arsch läuft am Strand einfach mit meinem Cap rum. Noch gerade parkiert. Ja gut, es gibt manchmal so einen Rotation-Bug. Ja moin, zum Glück keine Scheibe drunter. Die ist schon kaputt. Gut. Ja, schauen, ob jemand kommt zu Bruno seinem Konzert.
Was für einen Sound ihr erwartet? Bruno seine eigenen Kompositionen. Also alles copyright-freie Musik. Also fast alles. Aber es ist so verändert, dass das alles als copyright-frei durchgeht. Weil ich am Anfang als DJ eben recht Probleme hatte. Und dann später sogar noch als Gitarrenspieler Probleme hatte. Aber jetzt sollte eigentlich alles gut sein. Mit den Songs, die ich jetzt spiele, sollte es keine Probleme geben. Weil er spielt zum Beispiel auch Still Bruno vom Dr. Bruno. Und dort gibt es auch kein Problem. Wie viele Stunden das ich schon zusammen habe? Ey, keine Ahnung. Das ist knapp. Viel. Verdammt viel. Ich glaube, das kann ich aber auch nie schauen. Ich muss dann mal... Was ist denn hier los? Okay. Ah, heute? Jetzt geht 5 Stunden. Vom 4 bis um 4 geht's. Warte, ich gehe hinten ins Haus parkieren. Bist du morgen rum? Wo? Ja, darum habe ich vorher angefangen, mal etwas zu essen. Langsam aber sicher. Wo morgen rum, Lokito? So, Karre gespliessen. Habe ich eigentlich noch irgendwie etwas? Ein Sushi hätten wir noch. Wo ist der Lokito am Donnerstag? Oh, geile Karre. Aha. Nein, auch nicht. Weiss nicht, ich glaube, der Danu spielt auch. Weiß nicht. Still Bruno, der neue Sommerhit. Wow. Ist jetzt das Geräusch gekommen, weil ich die Gitarre umgeschossen habe? Ich liebe GTA. Noch kein Mensch rum. Ja, ich glaube, es ist eben eigentlich auch noch zu. Dann können wir noch einen kleinen Soundcheck machen. Sieht aus wie ein Dinner-Gigs, ja.
definitiv. Ja, schau, jetzt hat schon mehr Leute als bei mir. Moin. Moin. Du, ich komme gleich nochmal zu dir. Okay. Weißt du, gerne würde ich. Wenn jetzt ein Schlagzeugsound parat hat. Hallo. Hallo. Sie sind der Herr Mosser? Genau. Okay, super. Was spielen Sie überhaupt? Ich weiß es noch gar nicht. Alles eigene Songs. Alles eigene Songs? Genau, so, Okay. so ein bisschen Querbild. Halt Gitarre und gemütlich und unplugged, ja. Okay. Das So freut mich. für die Stimmung mal was, Für die was Stimmung. gemütlich ist. Oh, das freut mich sehr. Genau. Ja, gut. Und du arbeitest Alles hier? klar. Ja, Okay, kannst du mir vielleicht ein Bierchen besorgen? aber natürlich kann ich dir ein bisschen besorgen. Wunderbar. Ist ein bisschen der Künstler aus Enk. Ja, moin. Ja, moin. Du bist Dennis, nehme ich an. Richtig, Aber wir haben die uns ja mal gesehen. Ja, Stimmt. Warte, hast du nicht schon mal hier auch mal gespielt gehabt? Ja, als DJ, ja. Als DJ war das. Mhm. Ah, ich erinnere mich, dumpf. Ja. So, ein Dumpf. Bierchen für dich. Dankeschön. Ah, perfekt. Ja, so für eine Stunde ist angesetzt. Merryweather kommt um 21 Uhr mit 3 Mann. Nee, gar nicht, Mit 6 Mann. mit 6. Mit 6 Mann. 6? Oha. Ja, die 3 Mann waren für Freitag geplant. Richtig, die 3 Mann sind für Freitag gebucht. Also du hast für Freitag 3 Mann und für heute 6. 3 Mann am Freitag, weil da ein Teil Da der kommen noch Security noch Externe. über Ah, okay, genommen okay. wird. Okay, weil ich dachte gerade, bei mir brauchst du 6 und am Freitag, wenn die große Party ist, nur 3. Nein, heute, wie gesagt, gibt es keine externen. Okay. Deswegen wird sich komplett Merryweather. Ja, ich für ein- hoffe nur, dass wir nicht mehr Security als Leute haben, ne? Das hoffe ich auch nicht. Also ich habe auch noch mal ein bisschen Werbung gemacht. Ja, Ich auch. ebenso. Ja, wunderbar. Also, Also, es wird heute schon ein bisschen der Rubel rollen. Ich hoffe es das doch. hoffe ich Werden auch. Ich schon bin die parat. letzten 2 Tage, ich habe nichts anderes gemacht, als überall noch zu spielen und jedem zu sagen, er soll vorbeikommen, ne? Hm. Kein Ja, ist doch Problem, wir gut, haben ist auch doch ein bisschen die Werbetrommel gerührt. Wunderbar, Mhm. wunderbar. Ja gut, dann habt ihr irgendwo ein Backstage oder so, wo ich noch ein bisschen hinchillen kann, oder? Backstage nicht direkt, aber wir können oben den Bereich so machen, dass du dich dahin chillen kannst. Ja, also es muss nicht unbedingt abgesperrt sein. Also ich mache jetzt nicht auf VIP oder so, ne? Ist kein Problem. Also wenn du möchtest, kannst du dich oben gerne hinsetzen, Okay. wenn du ein bisschen deine Ruhe haben möchtest. Ja, gerne. Ich bin vor dem Auftritt gerne noch ein bisschen. Ah, genau, warte mal, zur Not kannst du auch nach unten gehen. Ah, okay. Unten, genau, unten ist auf jeden Fall, hast du auf jeden Fall deine Ruhe. Ja, oder, Lass oder ihn nach halt unten gehen. Ja. Okay. Unten hast du auf liegt's jeden halt. Fall deine Ruhe. Ja, noch. 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 Ja. Danke. Ja, einfach gerade durch. Okay, danke dir. Bis gleich. Easy. So, richtiger Star. Besauft sich jetzt hier, nimmt alles von an. Sollte um 9 Uhr anfangen, geht nach um 10 Uhr rauf, grölt eine halbe Stunde ins Mikrofon und verpisst sich dann mit der Gage. Aber ich glaube, auf diesem Level ist der Bruder noch nicht. Darkroom. Handy, schon wieder. Ja, kann ich das abspielen oder nicht? Nein, okay. Da lasst nicht zu.
Ist gut. Genau so, Kastel. Ich sage euch einfach eins, wenn heute einer mit dem Low Santos Cap im Publikum steht, der schlägt ihm Gitarre über den Ring ab. Ah. Sollen wir das Bier gehen? Ja, gut, die Mädchen. Mal Pisswasser reinleeren. Das ist das Pisswasser von mir. Jetzt bin ich echt klein nervös. Telefon. Jo, Ben. Jo. Geh mal raus und sag mal zu den Security-Leuten, die sollen mich jetzt schon mal vorreinlassen, ich bin ein VIP-Typ. Ja, du bist mein Security, ne? Was sagen wir? Mein Manager. Mhm, genau. Dann Okay. sag Hast du schon was gesagt, was du bist? Ja, die haben gesagt, die nehmen mich jetzt nicht rein, weil kein Dings da ist. Ja, warte, ich komme. Jo. Ich weiß nicht, ob das so durchgeht. Jo. Ja, du, kurze Frage. Muss man für Gittert etwas zahlen? Ja, 27 ist glaub. Boah, bringst du mit irgendwie rein? Auch schwierig, weil die Eintritte gehen sehen. Aha, okay, ist gut. Sorry. Ja, okay, ja, gut, ich schaue noch. Okay. Okay, ist gut, also Ciao. später. Tschüss. Jo. Jo. Hallo. Hallo. War vorhin so ein Pole hier. Was keine da, Ahnung, da Pole drüben. sind wir noch hier. Die gehören zu mir. Ich bin Ach so, der das Musiker ist der von heute Pole. Abend. Okay, das wusste ich nicht. Kein Dementsprechend Problem, hab ich kein gesagt, Problem. Sie müssen noch warten. Ja, alles gut. Ja, die zwei sind okay. Okay, dann. Ben. Gehen Sie oder soll ich? Jo. Ja, ist okay, komm. Ja, perfekt. Also Sophie auch, ne? Ja? Ja, ja. Ja, Sophie, komm auch ran. Aber jetzt gehe ich auf jeden Fall einmal nachschauen wegen der Security. Gib ihm Kurva, jetzt geht's richtig ab. So. Wann beginnst du? Um 21? Ja, 21. Hallo Sophie. Hi. Alles klar? Ja, und bei dir? Ja, Bist du noch nicht wieder aufgetaucht? Nee, also ja, aber nicht auf meinem Kopf. Oh, okay. Ich habe so einen Typen gesehen damit, aber ja. Nicht erwischt? Ja. Er war Mexikaner, ich glaube, das sagt alles. Ja. Eher dann nicht. Was hast du jetzt zu der Security gesagt? Ihr gehört zu mir, ganz einfach. Das ist meine Scheißparty hier. Aber ich gebe dir schon was aus. Hast du was? Cool, hab ich schon lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, was ich dir dazu anbieten habe, ne, ist dann so eine Sache, da lieber nach der Show. Weil Meinst du? sonst Flugticket nach Mallorca. Klingt gut, nee, aber zum Runterkommen ein bisschen. Ja, genau. Willst du jetzt schon? Ja. Okay, komm. Okay, ich schenk dir wegen Ich dem hatte, Eintritt. ich hatte eigentlich was bereit dafür, aber. Hier, bitte. Wunderbar. Genieß es. Moment. Hm. Das ist das Musikerleben, ne? Jetzt noch ein Ja, Bierchen Mann. dazu. Kurva, warte, ich hol.
Kriegst du mir noch mehr als ein Bier. Hä? Sag aber, es ist für mich, dann ist gratis, ne? Ja, okay. Und wie geht's deinem Bein, Sophie? Viel besser. Wir hatten ja, ich weiß nicht, ob Ben erzählt, dass wir gestern so einen kleinen Unfall hatten. Nee. Wir haben mit Hans und Peter ein OKF gemacht. Was? OKF. Eine Ortskontrollfahrt. Okay. Das heißt, man setzt sich ein Auto und fährt halt einfach rum, guckt sich die Gegend an. Und das Lenkrad von dem Emperor hat sich irgendwie verklemmt. Ja, wir sind dann im Sand gelandet. Tat ein bisschen weh im Bein, aber ansonsten schon gut. Morgen wird nochmal alles durchgecheckt und dann kommt die Schiene ab und dann ist es. Ja, von mir kann mich Und ich wurde bei Merryweather abgelehnt. Oh, scheiße. Ja, wahrscheinlich wegen meinem sozialen Umfeld. Wegen mir oder was? Nein, weil ich am Stadtpark bin und da ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich hat denen das nicht gefallen. Der Pol ist back in the house. Hallo Scheiße. Ben. Hallo bin Ben. Der schlechte So. Umgang, nein, Spaß. Ja, genau. So, Bruno, hast du noch dein Bierchen? Danke dir. Aber hast nix bezahlt, ne? Nee, ich hab gesagt, das ist für Bruno. Wunderbar. So muss das laufen hier. Hauptsache, ich sag so, hallo, direkt so, die Mädchen mit so Leoparden-Look, ne? Dann so, hallo Ben. Ich so, okay, woher kennt ihr meinen Namen, Alter? Berühmt berüchtigt. Mhm. Okay. Was guter Stoff, wo hast du denn her? Ja, siehst du? Der Pole hat da schon seine kurz gesagt, ich habe einen, den gehört eine Plantage und ich bekomme die Dinger ganz günstig und deshalb. Das ist gut zu wissen. Wenn du willst, kannst du dann auch in Zukunft bei mir kaufen. Verkauf unfertig, aber ja. Okay. Ja, ich sag mal so. So ab und zu mal, ne, zum Gig. War zum Beruhigen, ne? Ich habe noch 1 auf Lager, 5 habe ich noch im Auto. Na? Ja. Hallo. Ja, moin. Bruno, Alles klar. ich hab ein bisschen Idee. Oh, Achtung jetzt. Darf ich kurz durch? Ja. Na klar. Danke. Sauber gemacht. Oh, mir. Was für eine Sprache ist das? Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch. Österreich. Oh mein Gott. Ich wollte schon Ja. Österreich sagen. Was hast du mir jetzt ins Tee gebrungen? Sauber gemacht. Sauber gemachter Tee? Ja. Okay, merci vielmals. Ja, gerne. Sollte ich da jetzt vor dem Auftritt trinken oder bin ich nachher heim? Okay. Das ist Beruhigungstee. Okay. Ja, ich rauche schon gerade etwas zur Beruhigung. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, ich bin Emil. Hallo. Okay. Hi, ich bin Ben. Ich bin Sophie. Moin Sophie. Ben von dir habe ich schon gehört. Ja. Schlechtes? Nö, einfach Was das. du sagst, nein, Spaß. Nein, also einfach von Bruno vorhin, ja, ich habe jemanden kennengelernt, ist ein guter Kerl, ist der Esspole und heißt Ben. Ja. Im Stadtpass dann sagen auch alle direkt so, jo, der Pole kommt. Taschen halten. Ja, genau. Darf ich dir meinen Lieblingspolenwitz erzählen, wenn du nichts dagegen hast? Ja, komm. Okay, warum Raus. klaut ein Russe 2 Autos? Ja, ich weiß. Weil er beim durch Polen muss. Ja, genau. Ich weiß, den kenne ich. Das ist gut. Ja, es gibt noch viel mehr, aber das ist, glaube ich, dann ein bisschen zu viel für die Runde. Mhm. Was legst du eigentlich heute auf? Ja, auflegen gar nicht, Digga. Gitarre spielen. Okay. Mein erstes Konzert, darum bin ich auch ein bisschen nervös. Okay. Sauber geschriebenes Zeug, sollte ich so. Komplett. Okay. Jetzt könntest du Kendrick noch hier weg. Ja, der ist vorhin eingepennt auf dem Sofa. Hey, Ben. Ja. Kendrick, ne? Ich gehe kurz duschen, ne?
Ja, ich leg mich kurz aufs Sofa. Komm ich aus der Dusche, Panther. Oh Mann. Ey, unglaublich. Aber was habt ihr eigentlich, Emil, was hast du eigentlich gegen Polen? Ich habe nicht gegen Polen. Also ich habe eine gute Autoversicherung. So, hallo? Hi Ben. Hi Ben. Ja, ich hatte gerade kurz bisschen Kopfschmerzen, muss noch mal erzählen. Ja, Bruno, erzähl, was hast du gesagt? Ich hab Emil gefragt, was er denn gegen Polen hat. Ja. Und er meinte ja nix und ich sagte ja, gut, ich habe eine gute Autoversicherung. Jetzt hat er auch gezogen. Ja. Oder was bekommst du von Ben zum Geburtstag, Bruno? Moment, ich hab da noch mein Bier. Okay, Sophie, was bekommst du von Ben zum Geburtstag? Dein Auto. Oh. Ja, wow, also der. wenn sie eins hätte, dann würde ich's machen. Eigentlich würde es so gehen, dein iPod, aber ja. Ja, ne? Ja, die kriegt hier gefälschte Ausweispapiere aus Polen. Was will ich damit? Keine Ahnung, verkaufst du in der Sautzeit für, keine Ahnung, $20.000. Ja, ist echt so. Letztens am Stadtpark hat versucht, mir ein Funkgerät zu verkaufen. Ernsthaft? Ich würde es direkt machen. Du würdest ein Funkgerät für $30.000 kaufen. Antwort genug, ne? Ja. Ne? Und ich krieg sowieso bald mein eigenes Funkgerät, da ich zum FD gehe. Ja. Ach du, auch FD hier. Was heißt da auch? Ist Der eine vom... Nein, der Sophie bedient gerne die Rettungs... Was bitte? Lauchanlage. Nein. Ich soll nur den Feuerwehrkalender machen. So. Aha, das heißt, du warst vergessen am Strand. Nein. Hä? Nicht? Hä? Du redest doch über Kalender. Ja. Was können denn die Polen für... Das ist mit Teamspeak abgeschmiert. Ja. Moin, das war's. Toll, bestes Timing. Merci Teamspeak an dieser Stelle. Der Stream ist noch da, hä? Ja. Ja, ich weiss, dass es 9 Uhr war. Aber wie gesagt, ein richtiger Star lässt auf sich warten. So, Teamspeak ist wieder da. Das Plugin, Open Soundboard, so. Gut. Das Game schnell neu starten. Kann passieren. Holen wir auch noch ein Bier, kommen wir wieder. Bis nachher nicht. Ja, holt noch alle noch etwas zu trinken. Jetzt geht es los mit Bruno seinem Auftritt. Also das Game war nicht abgeschmiert. Aber Teamspeak ist irgendwie abgeschmiert. Und jetzt das Game schnell neu gestartet, weil sonst meistens fährt das Game an vom Spacken. Wenn ich nur Teamspeak neu starte. Rum Cola am Start, läuft. Ja, dann Prost. Hätte ich jetzt so gern. Hat glaube ich sogar noch. Ja, aber ich habe keine Cola. So. Ein bisschen warm singen. La 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 la.
Das ist bestimmt gut. Würde den Geruch erklären. Oh. Hast Dings, einen Liter um die Ecke gestellt? Hört ihr mich? Ja. Ja. Ich musste kurz auf Toilette, mir wurde übel schlecht, ne? Ein Brechreiz. Ja, nee, so, ich glaube, das ist die Nervosität, ne? Du schaffst das schon. Wie spät ist es denn? Ja. 21:06 Uhr. Ja, passt. Ich spiele ja schon seit 6 Minuten, ne? Okay. Ich rauche noch eine und dann geht's mal hoch. Komm, wir gehen mal gucken. Boah, hey, machen wir echt die Hose, ha? Ja, nicht gedacht, dass ich so einfach reinkomme. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich habe etwas für dich. Oh ja, eindeutig ja, ich kriege zu dir und ich habe etwas für dich. Kriegst du das auch? Was? Sag mir nicht, dass du das nicht kriegst. Helikopter? Nein, Was das stimmt, ist das gar gewesen. Ja, nie gehört. Ja, wieder ordentlich verrückt. Aber nein, mit die Musik, die nicht dort läuft. Und? Sind schon Leute da? Ach Ben, lach doch nicht so. Ben? Ben? Sophie? Ja, hi. Ja. Hört ihr Ben gut? Ja. Ben, schrei mal. Ben? Ben? Sophie? Ja, hi. Okay. Bruno? Ja. Ben? Ja. Okay. Ich höre Ben nicht. Hallo? Ja, jetzt nicht mehr. Ich hab Ben! grad noch gehört. Okay, sehr komisch. Hört ihr mich? Prost zusammen. Ja. Ja, dich höre ich. Okay. Ja, ich höre bei euch beide. Hallo? Hallo? Ja. Was gehört? Ben. Hi. Da ist er wieder. Ja, Ja. Ben, das ist die Frage. Hat sie die Sprache verschlagen? Danke. Ja, ich glaub's auch. Jo. Okay. Okay. Ja, und wie sieht's aus oben? Ja, ja, das ist gar keiner da, ne? Okay. Ich weiß es nicht. Also, vielleicht sind die oben oder ich weiß es nicht. Oder vielleicht draußen, keine Ahnung. Ja, das kann auch sein. Ja, komm, ich gehe gleich mal hoch und spiele den ersten Song und dann schauen wir mal. Vielleicht kommen die dann, ja. Mhm. Und sonst, Hat jemand was zu essen, ne? Ja, ich hab noch Sushi. Oh, ja, eine Portion nehme ich wieder. Boah, Alter, ich Wie viel schwör, habt ihr ich für bekomm den... bezahlt? Ja, morgen nach Sushi, Alter, ich sag's dir. Komm mal ein bisschen auf die Seite. Wie viel habt ihr für bezahlt? Oder Bruno, ja. 30. 6, Ben hat bezahlt. So. Ich glaube für $6 oder so pro Schachtel. Nee, $30 pro Schachtel. Ja, okay. Hier. Jo, danke. Oh. Manager. Oh. Super, hallo. Hallo. Hi. Mit dem Poncho-Pulli, den kenne ich ja vom Stadtpark. Mhm. Deswegen haben sie mich so angesprungen. Warum angesprungen? Sie sind ja direkt nach vorne getappt. Ben? Also, Mr. Whiteshirt, hi. Ja, mein Name ist hallo. Laura Schick. Ich bin ein... Okay, neben der Einreisebehörde. Lassen wir das mal so ein bisschen stehen. Talentscout. Okay. Also, am Freitag um 18 Uhr bei der Mace Bank Arena, da werden wir so eine kleine... Wir suchen ein paar Talente, Leute, zwischen Sänger und Rapper und vielleicht, wenn der andere Skill hat, auch gute Witze oder ähnliches für das ganz große Event am Sonntag. Gute Witze, da bin ich dabei. Ja, das ist ein geiler Polenwitz, ne? Ja, genau. Oder, Frau Schick, kurze Frage. Also, ich bin Schweizer, das heißt, ich bin reich. Reicht das als Talent? Bitte was? Also, ich bin Schweizer. Ja? Das heißt, ich bin reich. Reicht das als Talent? Mit den Schuhen wirklich? Dankeschön. Darling, sorry, aber das Image zeigen sie überhaupt nicht. Sie brauchen definitiv... Nehmen Sie schon mal ein Beispiel an Mr. David. I mean, Also, he looks marvelous. ich muss ja nicht rauslassen, dass ich reich bin. Aber Ich muss mich warum? dem Volk anpassen, wissen Sie. Ja. Welchem Volk denn? Ja, hierhin, alle. Darling, show what you got. Also, was soll denn das? Versteck Das dich ist doch nicht. Hermine Bleib von Harry der, wie du Potter. bist. Aber was hat das jetzt mit den Freitag und den Witzen zu tun? Ich kann gute
Ben-Witze machen. Ja, lass die Dame doch erstmal ausreden, bitte. Okay. Okay, also, Darling, pass auf. Da werden meine Freundin und ich, wir sind so Talentscouts, wie gesagt, wir sind beauftragt worden, halt eben für die Bühne am Sonntag ganz, ganz groß Leute zu finden, die auftreten, ja? Aber die sollen sich dann am Freitag aber erst beweisen. So, wenn du interessiert bist, es gibt auch gut Kohle am Sonntag. I'm just saying, natürlich werdet ihr versorgt von uns mit Drinks und Essen. So, wollte ich nur wissen lassen, falls du Lust hast, okay? Also, nochmal zur Verständigung. Am Freitag ist so quasi die Ausscheidung, habe ich richtig Der verstanden? Battle zwischen den Talenten, genau. Okay, und am Sonntag wäre dann der Kick, ne? Genau, also wir suchen da einige, ne? Es ist nicht nur eine Person, es sind so einige, die sollen dann einfach am Anfang und mitten in der ganzen großen Veranstaltung am Sonntag auftreten, genau. Aber am Freitag muss ich halt aussortieren, was da kommt. Natürlich kann nicht jeder rein, ne? Ja, ist das ist klar. Ist das, sag ich mal, wie so ein Konzert oder ist es eher wie so ein Wettkampf, wer natürlich der Beste ist? Oder wie sieht's aus? Nein. Es ist einfach nur so, also meine Freundin und ich, wir stellen uns dahin, dann machen wir den Daumen hoch oder den Daumen runter. Don't worry, es ist also da gibt es nicht jetzt am Freitag irgendwie einen Preis oder sowas. Nein, wir suchen einfach nur die Besten für den großen Auftritt am Sonntag. Okay. Genau. Ja, klingt gut. Aber Sie sind ja jetzt da, ne? Sie hören mich ja gleich spielen. Nein, ich habe leider gar keine Zeit. Ich muss eigentlich jemanden von Weasel News erreichen. Also am Freitag deswegen, wir wollen ja fair sein, ja? Also ich werde noch ein paar Leute haben, die da mitentscheiden, ne? Okay. Genau, ja. Also jetzt hier so hinter dem Kämmerchen mir deine Nummer zu sagen, das geht doch nicht. Ja, nee, ich dachte nur, wenn Sie gleich hier sind, dann hören Sie mich ja schon spielen. Genau. Ja. Wir müssen einfach fair and square sein, deswegen braucht hier jetzt jemand von Weasel News, damit er das Ganze natürlich schaltet, damit wir am Freitag genügend Leute haben und auch jeder die Fairness bekommen hat, von diesem Angebot überhaupt mitzubekommen. Verstehst du? Okay. Ja, Genau. kann ich mir mal Ihre Nummer aufschreiben? Dann würde ich... Ja, natürlich. Der Name war nochmal? Laura Schick. Laura oder Lara? Laura. Laura, okay, Schick. Mit CK? C-H-I-C. Okay, Schick, okay. Und dann die Nummer wäre? 587-479. Und wer bist du? 587-479. Mein Name ist Bruno Moser. Okay, alles klar. Dann weiß ich das schon so ein bisschen im Hintergrund. Okay. Soll ich kurz durchklingen lassen? Darf ich, Hallo. darf Nee, ich dann Ihnen glaub ich nicht. etwas zum Trinken anbieten? Darling, du arbeitest hier? Ja, Das ist natürlich. ja mal richtig gut gehalten. Ja, es geht. Heute schmerzen ein bisschen meine ich Knie, krieg grad einen aber das Anruf. ist okay. Bist du das? Ja, ich habe dich eben angerufen. Da hast du meine Nummer auch schon. Ganz kurz, so, Ja, der Name, ja. kannst du mir nochmal buchstabieren? Bruno Moser. Ich zeige dir kurz meinen Ausweis. Bruno Das ist Moser. einfacher. Hier, schau so. Okay. Er muss sie nicht mir geben, hier zurück. Check, bitteschön. Okay. Dankeschön, Darling. Okay, dann sehe ich dich am Freitag und vielleicht sieht man sich auch am Sonntag. Ja, wer weiß. Dankeschön. Gut, alles klar. Lady, ich muss leider weiter, aber Kein wir werden Problem. das hier rocken. Okay, ihr Lieben, bis dann, ne? Bis dann, ne? Und an unseren reichen Witzen üben wir noch ein bisschen und an den Look auch, okay? Bye. Bye. Das tut weh. Die Dame. Dieu, nee. Wie, Ja, wie ist genau. denn Ihr Name? Ja. Ähm, Und ich Hure ist kein gutes Wort. Entschuldigung. Ich gehe kurz aus. Ja, ich gehe kurz aus dem Weg hier. Ja, ich auch. Ich auch. Nee, die Dame, Sie fragen wegen was zu trinken, ne? Ja, Ich- möchten Sie etwas zu Ja, trinken? haben Sie einen Whisky oder so? Natürlich, einen Whisky haben wir. Würde ich gerne noch nehmen vor dem Auftritt. Entschuldigung. Wer hat mich als Okay. Hure bezeichnet? Der Ähm, Schweizer oder du? Soll ich Ihnen das hier runterbringen ist es oder einer holen deiner Sie Witze? sich Gleich- das Vorderrad Nee, gleich auf die Bühne am besten. Auf die Bühne, okay. Ich hab nichts Dankeschön. Gut, gerne. Nein, ich habe hier mehrere Darf ich Ohrenzeugen, hier die bezeugen können, dass du mich als Hure bezeichnet hast. Nee, wie Also gesagt. nur zur Verständigung, ich bin auch Schweizer, ne? Aber da habe ich nichts mit Dankeschön. zu Ich tun. wollte gerade sagen, damit haben sie ja nichts zu tun, ne? Gut. Gut, ich weiß schon mal, wen ich nicht zur Party am Sonntag zulasse. Er kann doch nicht so tun, wenn ein Talentscout reinläuft. Ja, Junge, jetzt ist die Nervosität ein bisschen runtergegangen. sorry, aber du kannst nicht so tun, wenn ein Talentscout reinläuft hier. Ja, aber gut, ich kenne die Frau, also... Ja, das heisst, weißt du, die hat dann das Gefühl,
Du gehörst zu mir. Nee, du hast dich auch abgegrenzt von mir. Ja, Ist okay. nimm's mir nicht übel, ne? Aber Ja, da muss ich schon. mich abgrenzen. Ja. Junge. Aber wie gesagt, ich kenne diese Frau, also. Ja. Komm, wenn du Eier hast, du kriegst ein 20 von mir, wenn du ihn noch immer anstrengst. Die hat nach deinen Namen gefragt. Nein, was? Hast du sie gesagt? Nein, ich weiß den Namen. Du kriegst ein gut. 20 von mir, wenn das noch einmal schreist. Nein. 25. Nein. Pass auf, ich regel das schon. Ihr sagt das, was du es aber gesagt hast. Nein. Sag, ich habe nichts gesagt, okay? Ich habe nichts gesagt. Er hat dich wieder als Hure genannt. Alter, Hals, Maul, du kleiner... Oh, Hey, sorry. Junge! Du, kein Stress, Du, Digga. Alter! Hey. Au. Ja, bei Tikilala im Keller. Ja. Hey! Ach du Scheiße. Oh. Sofort auseinander. Was ist hier los? Frau Sky, kommst du mal bitte runter? Ja, der Herr. Bleiben Sie bitte stehen. Männer. Das ist nicht deren Ernst. Ich dachte heute mal keine Steckerei. Das ist mein fucking erster Auftritt. Super Eindruck, den ich da hinterlasse. Ist das Dennis da drüben, der Chef? Keine Ahnung. Oh, scheiße. Entschuldigung. Sie Ja. waren noch nicht bei der Bühne. Ich habe jetzt das Getränk einfach hier Oh, vielen Dank. runtergebracht, Vielen den Dank. Whisky. Dankeschön. Das Glas kostet dann $15. Ich glaube, das ist okay, weil ich den Auftritt habe. Oh, ich werde das noch mit meiner Chefin Okay, fragen Sie mal abklären. nach. Also ich weiß es nicht, aber das Bier vorhin Ja. musste ich auch nicht bezahlen. Ich gebe Ihnen mal das Okay. Glas Whisky. Sonst kommt sie wieder, dann gebe ich Ihnen das Geld. Natürlich, ich Okay. finde Sie. Genau. Dankeschön. Junge, ne? Ja, Das warum denn? ist nicht dein Ernst. Ja, ich glaube, da kenne ich dich noch zu wenig, da, um dir das zu sagen. Oh, Mann. Warte kurz. Was ist passiert? Keine Ahnung, Idioten, ne? Welche Idioten? Wer? Ja, der da vorne. Ja, er hat sich nur, Ein anderer, ja. er hat sich Ja, nur genau. verteidigt. Ja, hat er ja gerade auch schon gesagt. Gegen wen? Ja, da so ein, keine Ahnung. Name? Ich weiß nicht mehr, wie der heißt im Fall. Wo ist er Ben? hin, Kane? Oben bei Penelope Ben, weißt du, wie der andere hieß? abgegeben. Nee, keine Ahnung. Andreas oben oder bei irgend ihm. sowas war das, ne? Ja, kann sein sogar. Ja? Andreas habe ich leider nicht. Nachname wäre gut. Woher kennst du den? Woher kennt ihr den? Keine Ahnung, der kam hier rein und hat mir einen Tee gebracht. Ich weiß nicht, wie der reinkam. Er kam hier rein, hat dir einen Tee gebracht? Ja. Und dann ist er hier bei uns gechillt und da kam die Dame vom Talentscout und dann hat er die blöd Genau. angepöbelt und Weil die Dame vom Talentscout, die habe ich ja hier reingeholt. ja, Hab genau. ich hier ja Also wie reingebracht. der andere reinkam, keine Ahnung. Zu uns gehört er nicht. Okay. Und Ja, ich hab erst gedacht, er arbeitet vielleicht bei euch. Nein, eigentlich nicht. Also wir haben keinen Andreas hier. Okay. Ich ermittle das, okay? Ja. Und wie sieht's oben aus? Soll ich nachher mal spielen oder noch warten? Wir warten noch ein bisschen, bis ein paar Leute noch da Okay. sind. Ja, und dann- sag mir einfach Bescheid, ne? Ich warte. Oh ja, alles klar. Okay. Oh Mann. Mann, was sind das für Idioten? Da hat sogar mir noch in die Presse gehauen. Bruno muss sich jetzt abgrenzen von dem. Ich kann nicht sagen, dass ich den kenne. Wo ist der Kendrick, wenn man ihn braucht? Brauchen wir Security? Eskaliert und ja. Ja. Und dann hat er Bruno getroffen, oder was hast du gesagt? Ja, am Anfang erstmal aus Versehen Bruno getroffen. Mhm.
Danach bin ich aufgestanden, wollte mir eine verpassen, bin dann ausgewichen und habe ihm links rechts gegeben und dann kam schon einer von euch. Okay. Keine Ahnung, was das für ein Idiot war. Und vor allem, wie der hier reinkam, ne? Erstens also ich kann das vorne bestätigen. sagt er auf jeden Fall, dass er zum DJ gehört. Okay. Entschuldigung. Und wurde dann, meine ich, vom Besitzer reingewunken. Ja, das ist richtig. Mr. Moser, Ja. eine Frage, weil Sie waren da hinten. Ja. Wer von den beiden hat mich als Hure bezeichnet? Der in dem Poncho oder der hier in dem Pulli? In dem Hoodie? Ich glaube, das war... Weil er meint, er wäre es. Nee. Nein, das verstehen Sie falsch, wie ich oben gesagt habe. Also, hey, es ist mir echt zu blöd langsam. Ich habe damit nichts zu tun, ne? Nur, dass ich das mal klargestellt habe. Alles gut. Alles Alles gut. So, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder derjenige, der es gesagt hat, steht dafür gerade, oder ich werde mich darum kümmern, dass beide dann gehen. Weil Ich gehe es kann nicht freiwillig. sein, dass hier... Ich gehe freiwillig. Gut, dann werde ich jetzt eben nach oben das mit dem Chef vom Tequilala absprechen. Dann ist die Sache nämlich soweit geklärt. Ganz einfach. Kann ich gehen? Machen Sie doch, was Sie wollen. Gut, tschö. Dann begleiten wir den Herrn raus. Ja. Ja, wie Passt gesagt. auf euch auf, ne? Ben, Jo, du auch, ich Bruno. passe schon auf mich auf. Wenn Dankeschön. was ist, du hast ja meine Nummer, ne? Ich Ja, stehe genau. direkt da oben am Eingang. Jo, Steht jemand von euch dann neben der Bühne, oder wie? Ich sag's mal so, ich habe die Bühne mit im Blick, ja. Okay, weil geht schneller als man denkt scheinbar. Ja, ja. Ja, Okay. wie gesagt, ich stehe direkt da oben vor der Tür. Wunderbar. Unter den Fernseher. Ja, weil ich habe keinen Bock, meine Gitarre kaputt zu machen, nur weil ich mich wehren muss. Das ne? kann ich verstehen, die darf ja auch nicht nass werden, ne, Ja. Bruno? Das nächste Mal möchte ich dich auf der Straße wieder spielen hören. So. Genau. Dankeschön. Pass auf Ich bin uns ein auf, Matthew. Schweizer Jung. Ja, Mann. Ja. Okay, also... Tut mir du leid, warst die es Dame, nicht, ne? Nee, er war es wirklich nicht. Nee, Ich es war war's der nicht. andere. Wie gesagt, ich habe damit, mit ihnen habe ich sowieso kein Problem. Salut. Ja, die Sache hat sich hier unten soweit erledigt. Nur Ja, genau. Ach so, wollen Sie sich ein bisschen durchchecken lassen? Geht's Ihnen gut soweit? Ja, ich bin nur ausgewichen. Ich habe nichts bekommen. Ich habe eine Okay. abbekommen, aber mir geht's gut. Geht's dir gut? Ja, ja. Entschuldigung, also der Mann, der da gerade rausgegangen ist, der verweigert hatte, seinen Ausweis zu zeigen, hat mich einfach als Hure bezeichnet. Und dann hat er bestätigt, dass er mich als Hure bezeichnet hat, dann ist er einfach auf ihn losgegangen. Und jetzt hat er gerade freiwillig den Raum verlassen. Ja, er hat mir auch noch eine abgedrückt, aber ist ja Okay, egal. also steht die Körperverletzung gerade im Raum. Und Beleidigung. Ich hab, tut mir leid, die Herren, ne? Ich habe weder... Stopp. Ich will gerade mal jetzt was für mich klären. Wie sah denn der Herr aus? Tattoo auf dem linken Arm von oben bis unten, schwarz-rot, schwarzes gegeltes Haar nach oben, schwarz ärmelloser Hoodie, schwarze kurze Hose und schwarze ganz komische Arbeiterschuhe. Ja, so Stiefelschuhe. Taktischer Stiefel. Ja, Der steht also noch draußen absolut vom Eingang. schrecklich, modisch mal Der steht noch absolut vom Eingang? Ja, ich habe ihn nochmal eben kurz dazu Weiß gebracht es zu nicht, warten. der wollte jetzt rausgehen. Ja, ich habe meinem Kollegen angewiesen, ihn nicht Er wollte in den meinen Raum zu Auto, lassen. Ich passen stehe Sie auf, vorne mein vom Name ist Eingang. Laura Schick, ich bin Talentscout für Venture am Sonntag und ich möchte diesem Mann Hausverbot erteilen, dass er da nicht teilnehmen kann aufgrund dieser Sache. Und er will mir einfach nicht seinen Ausweis zeigen. Hey, der Bruno muss sich weghalten Haben Sie von denn dem. das Hausrecht hier? Aber ich verrate ihn ja nicht nicht, ich hier, sage nicht den nein. richtigen Namen. Aber Er ist Ihnen gegenüber Freitag auch und am nicht, Sonntag. er ist Ihnen gegenüber auch nicht verpflichtet, sich auszuweisen. Ne? Okay. Aber ich Das meine, ich habe ist mir sein nur- Gesicht gemerkt. Okay, nur- das wusste nur ich nicht. Staatsangehörigen gegenüber ist er dazu verpflichtet. Okay. Also dementsprechend ist er da, hat er sich Kleinen jetzt in dem Moment Punkt noch, nicht. dass ich reingrätsche. Der andere Herr steht noch oben vor dem Eingang, falls Ja, Sie den auch haben wir noch brauchen. gerade auch noch erfahren. Ich bin noch gerade in der Befragung. Danke. Genau, also wie gesagt, Zivilisten gegenüber ist jede Person nicht verpflichtend, gegenüber sich auszuweisen, nur halt Staatsbediensteten gegenüber. Meine Frage ist jetzt, wollen Sie das irgendwie zur Anzeige bringen oder nicht? Natürlich. Okay, sehr schön. Dann kommen Sie gerade mal mit. Ja, bitte sehr. Ja, ich? Ja, wer sonst? Oh, ist Ja. Ganz ruhig. Die Trolltunga ist der Fels, da geht über eine Flucht drüber hinaus. Und man sieht das ganze Tal mit ihren Fjorden dahinter. Das ist sehr gut gelungen, finde ich. Echt, ich drehe durch. Ich drehe echt noch durch, ne? Du, ne?
Nee, keine Ahnung, er ist weggelaufen, also er kann mich am Arsch lecken. Ich rauche jetzt noch eine und dann spiele ich, sonst ehrlich. So viel zum Thema Ruhe. Bisschen Wird auch, beruhigen. wird auch langsam ein bisschen. Ja. Ne? Also, kurz gesagt nochmal. Also, er hat dann einfach zu der Hure gesagt, dann bin ich nochmal zu der Talent-Scouts-Dame hingegangen, So geil. hab dann gesagt, yo, Das ist Roleplay. also ich habe eigentlich um den Raum hergeschrien, hab dann gesagt, ja, er hat Hure zu sie gesagt. Dann hat er aus Versehen Bruno getreten, dann bin ich aufgestanden, weil ich halt eben, weil es mir einfach nicht auf mir sitzen lasse, dass jemand einfach Bruno schlägt. Bin dann aufgestanden. Nee, alles gut, alles gut. Ja, so. Und dann wollte er auf mich aufgehen, hat dann zugeschlagen. Ich bin ausgewichen, hab ihm eine Links-Rechts-Kombo gegeben, hab ihm dann noch eine in die Fresse gehauen und dann kam schon die Security. Okay. Also ich habe nichts kassiert, weil ich kann schon ein bisschen auf mich selbst aufpassen. Sagen wir mal so. Okay, dann ist gut. Kann ich alles so bestätigen. Könnt ihr den Typen beschreiben? Ja, das hat schon die Dame schon gesagt, Ja, ne? genau, was die Dame gesagt hat. Ja. Gut, alles klar. Dann nehme ich mir das so an und keine Panik, ich stelle euch hier gleich einen hin. Okay. Ja, besser irgendwie in der Nähe der Bühne und ja. Ja, machen wir sowieso. Da Ja, ich passiert halt nicht nochmal was. Ich stehe schon auch noch vor der Bühne, falls was ist. Okay. Ja. Ja, auch Na. ich habe auch die Kollekte dann da vorne am Boden noch, ne? Dass du vielleicht ein Auge darauf hast, nicht, dass jemand da irgendwie sich bedient, ne? Jo. Ja gut, die Hälfte vom Eintritt gehört ja hinterher auch noch euch, ne, nachdem die ersten 15 Kunden drin Ja, sind. genau. Aber, ja. Wie viel sind schon oben? Ich habe gerade keinen Überblick, weiß ich gerade nicht. Ich renne die ganze Zeit eigentlich nur von A nach B. Achso, okay. Die ganze Zeit irgendwas anderes ist. Gut, Okay. wenn du anfängst zu spielen, sagst du Bescheid. Ja, ich gebe mir noch so 5 Minuten, dann gehe ich Ja, hoch, okay? alles klar, lass dir Zeit. Kann ich dich noch eben mal kurz unter 4 Augen sprechen? Aber natürlich, klar. Dann komm, wir gehen da hinten in den Ecken. Kann ich für dich tun? Machst du mir einen Gefallen? Ja. Es ist jetzt nicht so tragisch bei den 2, aber es braucht niemand zu wissen, was ich verdiene, ne? Nein, ich kann damit. Wie? Ich kann damit. Nee, aber die 2 haben es ja jetzt mitgekriegt. Und du weißt ja nicht, in welchem Verhältnis das die zu mir stehen. Ich weiß, wir wissen auch nicht, was heute Abend an anderen Gästen reinkommt. Nee, ich sag nur auch, den Deal und so braucht allgemein. Das ist Okay. was zwischen mir und euch und sonst, ja. Ja gut, ich dachte jetzt, war dir sowieso zu dem. Ja, klar. Bei Ihnen, ich sag ja, bei Ihnen spielt es jetzt keine Rolle, aber es könnte ja auch sein, dass noch jemand mehr da ist. Nee, andere Leute kriegen den Deal nicht mit. Okay, wunderbar. Nee. Na gut, alles gut. Gut, alles klar. Danke dir. Gerne. Wenn du noch was brauchst später, sag Bescheid. Alles Jo. gut. Bruno. Hm? Ja, die Kombi, der war so geil, ey. Der will so schlagen, ich duck mich, links, rechts, gib ihm. Jetzt Hey, tief durchatmen. wenn jemand fragt, nee, ich kenne den nicht. Ja, ich habe mich auch gewundert, warum der hier unten ist. Ja, ich kenne den halt. Ach so, Also. du kennst ihn doch. Weißt du, was sagst? Ich kenne den nicht. Ich sag ja, wenn jemand fragt, ich kenne den nicht. Aber eigentlich kenne ich den, ne? Ja. Aber ich habe jetzt auch einen anderen Namen gesagt. Aber ich will nichts damit zu tun haben, weißt du, wie ich meine? Wieder angerufen. Ja, Hans. Ja, also ich empfehle dir hier Tequilada zu kommen. Bruno spielt da mit seiner super geilen Gitarre und das läuft gerade echt gut. Ja. Ja. Oh, perfekt. Das hört sich schon mal gut wobei, an. ich kann ja Sophie Du kannst, wenn du möchtest, kannst du ja dann noch Peter, wenn er da ist, und Rufat mitnehmen. Ja, das wäre auf jeden Fall ziemlich nett. Also das wäre schon mal richtig cool. Okay, gut, dann sehen wir uns, Hi, ne? Matthew. Hallo, Sophia. Bis gleich, Ja. tschüss. So. Ben, jo. Du sollst einmal mit hoch. Die Polizei steht oben wegen Zeugenaussage. Und wo ist denn die andere Frau? Welche? Laut den Franzose passt die Beschreibung nicht, aber ja, dann auch Sophie. Ja, ist ja okay. sonst kein anderer hier unten. Nee. Ja, wegen Zeugenaussage, dann Speedy ist oben. Oh, ich komme.
Von mir wollen die nichts, ne? Ich hab nein. damit nichts zu tun. Du bist ein Schweizer Jung. Ja, Mann. Ach, so eine Kacke, Mann, ehrlich. Ja, gerade Dienst begonnen und dann gleich wieder hier Einsatz, ey. Ja, mein erster Auftritt hier und so eine Scheiße im Backstage, ne? Was singst denn du? Singst du mein Schweizer Jung? Ja, vielleicht spiele ich das noch. Sophie, du bitte Ja. auch hoch. Zeugenaussage PD steht oben, Ben ist auch oben. Okay, alles klar, danke. Okay. Pass auf uns auf. Ja. Hat schon viele Leute oben? Es geht. Ich habe 3 gezählt. Wow. Ja, habe ich mir. Ey, immerhin bin ich da, ja. Also. Hey, das ist super, aber du wirst bezahlt. Ja gut, ich gehe dann mal wieder hoch Ja, auf machst du Posten. das. Ich spiele gleich mal den ersten Song. Mach das. Bis gleich. Ich freue mich schon. Bis gleich. Hey, aber jetzt mal im Ernst. Es ist wirklich wie im echten Leben. Aber so laufen wir die Wochenende ab. Irgendein Kollege macht wieder Stress. Ah, Mann. So, halbe Stunde spät, jetzt müssen wir da wirklich mal. Nächstes Vlog kannst du ja da im GTA machen. Mach ich ja quasi die ganze Zeit. So. Die anderen hat uns jetzt der Whisky gegeben. Ja. Also, wir haben noch Sushi, wir haben noch Tee, dann haben wir gescheiter nach dem Auftritt. Wir haben noch schwarze Hosen. Wir werden echt noch schnell umziehen für den Gig. Müssten wir jetzt aber Sushi noch schnell essen, komm. Und dann spielen wir mal etwas, dass sich die Leute ein bisschen beruhigen. Hey, und ich verhitze fast in diesem huren Zimmer drin. Ist bei euch auch wieder so warm? Komm wieder. So. Brutal aufgeheizt heute. Ja, nein, voll angenehm. Heute nicht mit warm, voll easy. Okay. So, noch schnell die Hose wechseln. Ist es die Hose? Ja, ein bisschen lange Hose sieht ein bisschen besser aus. Ja? Macht ein bisschen bessere Schnurren. Hören wir mal auf. Parat für einen Bruno sein grosser Auftritt. Ich glaube, bei mir ist es wirklich die Nervosität und der PC, die mich aufheizt. Oh wow. Oh wow. Ja, ne? Volles Haus. Es kann sein, dass noch ein paar oben sind. Ja, ich glaube, ich fange mal an zu spielen. Vielleicht Oder die dann schauen rein. jetzt alle da vorne, weil das Kitty da vorne steht. Ich gehe noch mal rausgucken. Ja. So, die ersten trudeln so langsam ein. Okay, soll ich anfangen zu spielen? Oder Ich würde sagen, ja. wollen wir noch kurz warten, bis die Cops weg sind? Bruno. Nein, ich denke, das ist in Ordnung. Okay, dann spiele ich mal den ersten Song, ne? Genau, fang ruhig an. Okay. Wir hören dir alle zu. Keine Panik. Oh Gott, mein Telefon. Springs, hallo. Ready? Zu welchem Song fangen wir an? Wunderschönen guten Abend, Los Santos. Mein Name ist Bruno Moser und ich spiele für Sie den ersten Song von heute Abend. Schön seid ihr alle hier. Freedom, viel Spaß.
Vielen, vielen Dank. Ihr dürft auch gerne näher kommen, ne? Ich beiße nicht. Bist du sicher? Jetzt demonstrativ. Och nee. Geht's Ihnen gut, Herr? Er antwortet nicht. Bruno, jetzt musst du deine Musik machen. Nee. Och nö. Alles Ja, gut? der Wurm drin. Bitte ein bisschen Abstand, nicht, dass alle rum Er den hat sich rumstehen. einfach von da oben runtergeschmissen. Oh, natürlich. Er hat gesagt, ich soll aus dem Weg gehen und hat sich da runtergestürzt. Mal hier rüber, dass der auf der Seite liegt. Ja. So, dann nimm mal das Kinn, überspann den Kopf. Ja. Warte, ich rufe jemanden an. Das gibt's doch nicht. Ich bin eben ganz kurz unten. Ups, falsche Animation. Da wirst du verflucht oder so. Ja, wirklich. Gibt's doch nicht. Zuerst Schlägerei und jetzt liegt noch einer im Koma. Ich könnte halt jetzt hure makaber sein und einen Song spielen. Und vor allem, ich habe es noch fast gefilmt. Ja, Kassel war das extra gewesen. Ich muss schnell eine Instagram-Story machen. twitch.tv/DJ Timo G. Nein, nicht Timmy. Timo G. So. Swipe up. Nur geht's dir gut? Ja, alles gut. Soweit. Komm mal mit. Wir quatschen mal eine Runde. Komm mal mit. Ja. Wir oder ihr? Ja, wir beide. Wir beide mit Massa. Also. Das ist natürlich jetzt ganz kacke gelaufen. Mhm. Möchtest du den Auftritt heute noch fortführen oder? Boah, ja, ich weiß nicht, wie verletzt ist der Mann? Ist auf jeden Fall nicht ansprechbar anscheinend, ne? Scheiße. Also scheint wohl ernst zu sein. Ja, ich weiß halt nicht. Ich bin auch überfordert gerade, ne? Ja. Die Frage ist, ob du halt heute noch weiterspielen und zu Ende spielen möchtest oder nicht. Ja, ich würde schon, aber ich weiß halt nicht, ob das irgendwie, ja. Ersatzweise würde ich dir anbieten, dass wir das von heute auf morgen verlegen. Dass wir morgen quasi an dem gleichen Ansatz nochmal anbinden, nur halt ohne Security. Okay.
Weil für heute werden wir es auf jeden Fall bezahlen müssen. Ja. Ja, da bleibt uns nichts anderes übrig. Okay. Darf Und dann ich müssen wir Ihnen morgen- etwas zum Trinken anbieten? Nein, danke. Dankeschön, Alles Rosie, gut. nein. Ja, ein Alles Whisky in würde ich Ordnung. jetzt gerne nehmen. Gerne bringe ich Ihnen. Dankeschön. Ja, wie Ja. gesagt, das ist halt ein bisschen doof. Scheiße, Aber was ja. wollen wir machen, ne? Ja. Ich meine, das konnte ja jetzt niemand vorhersehen. Dass das Ja, Stimmt. Entschuldigung. Alles Ja. gut. Ich würde dir ersatzweise halt anbieten, dass wir das für morgen nochmal ansetzen, für morgen nochmal planen, 21 Uhr. Mhm. Nur halt, wie gesagt, diesmal halt ohne Security. Okay. Ähm, Und ich dann, würde sagen, das zu den gleichen Konditionen wie heute. ja gut, aber wenn ihr keine Security habt, müssen wir auch den Deal ändern, ne? Weil das war ja vor allem wegen Ja dem gut, für Security. heute müssen wir so oder so bezahlen, ne? Ja, klar. Gib mir 5 Minuten. Okay. Bis gleich. Naja, wie viele Leute sind heute bei dir noch gekommen, Valerie? 2. 2? Das heißt, es sind 8. Ja. Ah, das heißt, wir ziehen einfach die 8 dann für morgen dann schon mal ab und dann sagen wir morgen nur noch 7. Okay, ja, das würde passen für mich. Okay. Ja. Dann holen wir das morgen wieder rein. Ja. Richtig. Ah, scheiße, Mann. Wie gesagt, das ist halt blöd, aber wir können es leider Gottes nicht ändern. Ja, klar. Ja. Weil ich jetzt gleich halt auch wieder weg muss. Ist halt jetzt die Frage, was wir mit den Gästen machen, die bezahlt haben. Ja, also Ja. wie gesagt, ich kann Wir schon noch können- 1, 2 Songs spielen, aber ich finde das halt irgendwie, ja, scheiße, wenn da Unpassend, einer wenn liegt. er da Ne? liegt, ne? Ja. Oder dass wir halt warten, bis er weg ist. Ich denke, da kommt jetzt ein Krankenwagen wahrscheinlich. Der ist schon auf dem Weg. Und Mhm. wenn er dann weg ist, kann ich für die jetzt schon bezahlt haben, schon noch 1, 2 spielen. Mhm. Dann kriegt jeder nochmal irgendein Freigetränk oder so. Ja. Oder so, ja. Wir verteilen gleich eine Runde Bier, Ja, ja, für die Unannehmlichkeiten. ja. Und, ja, Dann spielst du dann auch noch kurz 2 dann Songs spielst du Ende noch und ein, dann- 2 Songs und dann können wir auch die 27 Dollar nachweisen. Ja, klar. Richtig. Ja, das kriegen wir dann hin. Ach, scheiße. Okay. Und draußen hat sich beruhigt jetzt mit dem anderen da? Draußen hat sich beruhigt, draußen ist alles in Ordnung. Okay. Aber ich sag mal eben, dass wir eine Runde Bier ausgeben sollen. Jo. Oh Mann. Ach du Scheiße, ehrlich. Gestern erst wird mir die Wohnung ausgeräumt und jetzt das. Echt? Wo hast denn du deine Wohnung? Ja, da in der Nähe vom Stadtpark. Achso. Oha. Hast du vergessen abzuschließen? Ja, oder? ich habe vergessen abzuschließen. Ich habe einen neuen Mitbewohner und dann habe ich eigentlich gesagt, ich lasse die Tür offen und schließe meinen Schrank ab. Aber das habe ich dann vergessen. Oh Mann. Ja, das ist ärgerlich. Ja. Immer schon alles abschließen. Ja, das merke ich mir jetzt. So eine Anzeige gestellt, aber ich glaube, da wird eh nichts draus. Nee, das bringt nichts. Ja. Was wurden dir alles geklaut? Alle Kleider und alles, was im Kühlschrank war. Ja, was waren das? Also an Kleidung zum Beispiel. Ja, Kleidung ist eigentlich, also das, was ich anhab, so ungefähr. Aber das Wichtige war halt meine Cap. Ne? Ich hatte eine Cap, die gibt es hier, glaube ich, nirgends zu kaufen. Also ich habe sie zumindest nirgends gefunden. Ist anberaumt Okay. und ich sag dir das gleich. Sollte Zack sich da jetzt mit Absicht runtergeschmissen haben, ne? Oh. Ja, geh einfach ans Telefon. Ja, ich höre dir gleichzeitig zu. Ah, ihr kennt ihn Valerie. sogar. Okay. Ja, Dean hat, Zack hat sich von der Brüstung geschmissen. Der ist nicht mal ansprechbar. Weiß ich nicht, der ist deprimiert und so, der hat vorhin gefragt. Merci, Eisenshooter, Der hat Dankeschön. mich um Rat gefragt, von wegen, wenn er etwas macht, wovon er weiß, dass es falsch ist. Und Ja, es ihm dabei im schlecht Brunnen geht, ist soll er damit eingebrochen worden. aufhören. Und dann habe ich ihm gesagt, Es ist alles wenn es dir weg. damit schlecht geht, sollst du damit aufhören. Sein Familienerbstück. Oh, keine Ahnung. Also sein Erinnerungsstück. Aber Ja, er hat schon, ich komme. er hat heute schon einen getroffen, wo mit so einem Cap rumläuft. Also er probiert es zurückzuholen. Wie gesagt, wenn er ich sich hier weiß. mit Absicht von der Brüstung gestürzt hat, ne, dann weißt du, was der nächste Schritt ist, ne? Ich weiß. Eigentlich. Dass es Ja. eigentlich eine Klage nach sich zieht, ne? Wegen Ja. Geschäftsschädigung. Kann er uns allen Entschädigung bezahlen, ne? Eigentlich eine Entschädigung zahlen. Ja. Weil das Geschäft schädigt. Ja, weil jetzt kommt natürlich auch, wenn da ein Krankenwagen vorne dran steht, da kommt da auch keiner mehr hin, ne? Richtig. Und zuerst die Polizei, gut, das war der andere Idiot, aber ja.
Ja, gegen den können wir gar nichts machen, weil wir Ja, nicht wissen, klar. wer das ist. Ne? Aber es ist halt auch scheiße. Ich Aber in meine, dem zu Fall ist das was war das? natürlich Um 9 Uhr und da steht ein Polizeiwagen vor der Tür, ne? Mhm. Ich lass mal kurz den über den Hintergang rein. Ja, Komm gleich mach wieder. Ich setz mich mal hin. Genau, setz dich hin und ja. So, jetzt habe ich hier einen Whisky. Oh, vielen, vielen Dank, die Dame. Dankeschön. Tut mir leid für die kleine zeitliche Nee, kein Verzögerung. Problem. Mir Kein ist kein Problem. Glas runtergefallen. Ja, das gibt's manchmal. Kein Dankeschön. Problem. Oh, gerne. Danke, Rosie. Ist süß, die Dame. Macht das gut. Ja. Ist die Seele des Hauses, ne? Sie ist heute zum Probearbeiten da mit ihrem Mann. Ach so, ja, aber Ja. finde ich perfekt. Ich Ja, finde sie das sind so wohl, geil. die haben sich hier beworben mit den Worten, dass wohl schon sehr, sehr viele Leute sie abgewiesen haben bei bestimmten Firmen, Mhm. weil sie halt einfach das bestimmte Alter schon haben. Ja, ist klar. Und ich habe ihr gesagt, ich will ihnen die Chance geben, ja, für Veranstaltungen, wo wir jetzt nicht 60 Leute plus irgendwie erwarten, Mhm. dass wir sie für sowas einsetzen und sie dann auch dementsprechend dann für solche Veranstaltungen zahlen, ne? Ja, Dass find sie halt ich- find ich zumindest einen voll Job cool. haben, den sie sich halt, wo sie Ja. sich etwas dazu verdienen können. Das finde ich dann halt in Ordnung. Ja, die machen das super. Also sie ist wirklich, sie Ja, kommt alle find ich- 5 find Minuten, ich kommt auch. sie fragen, ob wir was brauchen und freundlich und klar, ein bisschen langsam halt übers Alter, aber super Ja, aber das freundlich. ist und halt- das ist ja, halt normal, Ja, ne? klar, klar. Nee, ist Also wirklich, ich feiere das. Ich denke, Dennis, wie siehst du das? Für Veranstaltungen, wo wir jetzt wissen, dass wir nicht so viel erwarten? Oder für Sonntage? Dass wir sagen, wir lassen Rosie und Ernie sonntags kommen? Mhm. Ja? Ja, können wir gerne machen. Also Würde bis ich jetzt waren die tatsächlich machen. durchwegs freundlich. Weil für uns ist das halt auch keine Negativpresse, ganz im Gegenteil. Ja, weil sie sind wohl schon von sehr, sehr vielen Firmen auch abgelehnt worden, ne? Ah, okay. Allein aufgrund des Alters. Und ich würde Ja. ihnen die Chance geben. Ich würde sagen, pass mal auf, sonntags ist nicht so viel. Wir lassen euch sonntags kommen. Mhm. Ja? Ja. Es wird jetzt ein Freibier vergeben. Möchten Sie eines? Ich persönlich nicht, nein, danke. Nein, ich auch nicht, Rosie. Ja, für mich auch okay, danke. Okay. Ich hab noch Whisky. Nadine. Na gut. Nein. Aber danke Abend. fürs Fragen. Aber so würde ich würde es auf jeden Fall so handhaben. Ja. Ne? Dass wir sagen, wir lassen sie dann sonntags kommen. Für uns ist das absolut gute Presse. Die beiden haben einen Job. Und wir beide haben auch noch jemanden für sonntags. Ja. Ja, und ich glaube, die kommen bei den Gästen auch gut an, ne? Die kommen auch wirklich Sind gut voll an, ja. herzlich und ich sag mal Ja. so, da gibt es jetzt keine Probleme, weil die irgendwie angebaggert werden, ne? Nein. Nicht so wie bei Valerie. Nein, Ja, garantiert nicht. eben. Gut, dann schnapp ich mir mal eben Rosie und Ernie und teilen lassen. Möchtest du mitkommen? Was? Ja, warum nicht? Gut, dann machen wir das eben. Okay. Bis gleich, Dean. Bis gleich. Ja. Ja, moin Dean. Hallo. Freut mich, ich bin der Bruno. Ich weiß. Okay. Ich muss mal kurz jemanden anrufen. Ja, mach nur. Leid. Nein, ich kann doch dort jetzt nicht spielen, weil einer jetzt oben runtergefallen ist. Also ich spiele jetzt noch 1, 2 Songs, aber das ist halt riesen scheissig. Stimme am Arsch. Stimmig. Und ich meine, die Chefin, also Chef oder Chefin, aber ich glaube, sie schmeißt doch ein bisschen den Laden, wie ich rausgespürt. Ja, Coffin Dance habe ich wollen, aber den kann ich nicht bringen. Nicht an meinem ersten Auftritt. Ich habe es so überlegt, ich habe gesehen, runterfliegen und dann gedacht, der andere hat es ja auch gesagt, der Ben. Macht jemand meine Kopfschmerzen. Ich helfe duschen, kannst du meine haben. Wieso spielst du nicht? Es ist ja... Was? Wieso spielst du nicht? Es ist ja runtergegumpelt. Was? Nein, ist einer vom Balkon oben runtergefallen. Dort. Und hat sich verletzt, der war K.O. gewesen. Und da ist jetzt die Ambulanz vorher gekommen und die einen rausgetragen. Und ich finde das ein bisschen, ja... Zuerst der Cops vor dem Laden und jetzt das. Ist halt scheiße.
Moin, Meister. Moin, Ey, Hans. ohne Scheiß, wäre Security nicht gekommen, dann würde ich wirklich von dir verlangen. Ey, ich hab's mir so überlegt, ne? Also, ich Aber war als unten, ne, dieser Theater gerade war, ne? Ich glaube, du wusstest schon von Anfang an, dass ich den da irgendwie zusammenschlagen werde. Ich hätte wirklich von dir verlangt, dass, wenn er auf dem Boden liegt, dass du die Musik anmachst, ne? Ja, unten im Backstage, ja, aber hier. Ey, aber auf der Bühne kann ich, als der andere eben runtergefallen ist, ne? Ja, das ist ein bisschen... Das ist zu hart. Ja. Ich meine, bei Sophie im Krankenhaus ging's ja, da wusste ich, es ist alles okay mittlerweile, ne? Aber hier jetzt, ich keine Ahnung, wie es dem Typen geht, ne? Ja, klar. Und ich glaube, das war's auch Naja. für heute wahrscheinlich. Ich sag mal, so extrem hoch ist es ja jetzt nun nicht, ne? Ja, nee, aber er ist liegen geblieben, ne? Ja, vielleicht simuliert er ja auch nur. Was weiß ich. Wer schmeißt sich denn bei sowas von dem Ding da runter? Bin kurz in Gedanken. Ja, vielleicht wollte er ja so, wie heißt das, wenn man so Aufmerksamkeit. in die Masse Ach so. springt, so, dass die das auch- Stage Dive, ja, für Ja, das hat's genau. noch zu wenig Leute gehabt. Ja, aber vielleicht dachte er im Suff und hat doppelt gesehen oder so. Ja, kann weißt du? sein, kann sein. Aber auf jeden Fall hat er mein Konzert zerstört, der Wichser. Ja, das finde ich richtig assi, wenn ich es mal so sagen darf. Ja, ich geh mal kurz raus, ich komm gleich wieder. Ja, Ja, sicher. klar. Alter. Ich habe mich aber voll richtig erschreckt, als bei uns da oben mit einmarschiert ist. Aber dafür kann man dir weiterhelfen. Ja, und wie ging's dem Herrn? Soweit so gut, also den Umständen entsprechend. So, dann schreitest du doch mal bei Nico und so tat gut. Den Jetzt habe ich Umständen dich den entsprechend. Umständen entsprechend gut, okay. Genau. Mann. Ich denke, er wird jetzt noch im Krankenhaus geröntgt werden, aber ich meine, er war relativ bei Bewusstsein. Okay. Dementsprechend denke ich, das wird. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich jetzt überhaupt noch weiterspielen soll, ne? Ist halt scheiße. Ich würde das echt schon machen. Ich meine, die anderen Gäste können nicht dafür. Ja klar, sie haben jetzt glaube ich auf Freibier verteilt und also die Chefin soll entscheiden oder der Chef. Ja. Aber ich finde das irgendwie, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich spiele ich gleich noch 1, 2 Songs für die jetzt noch da sind. Mhm. Aber es ist halt irgendwie auch, ja, ist scheiße, ne? Zuerst steht da ein Polizeiwagen vor der Tür und dann ein Krankenwagen. Ja. Ist wirklich dumm gelaufen heute. Schlechtes Ruf für die Party. Ja, Ich meine, die scheiße. Dame hatte auch das PD einfach informiert. Ich hatte damit eigentlich noch nicht gerechnet, weil ich wollte das eigentlich erst intern regeln. Mhm. Aber die hat halt schon angerufen. Okay. Fox, du bist ja nicht im DOL. Warte, bis die Kunden zu dir kommen. Ist ja okay. Ich geh mal wieder rein, ne? Weißt du? Ja, okay. Viel Glück noch. Danke. Krasse hockt da niemand mehr. Ja, alles klar. Dann gehe ich mal zu den. Wo die Komm, scheiß drauf, ich spiele jetzt noch ein. Los, auf geht's. Hallo, B.
Das ist toll. Gehört mir der Ventilator? Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Ja, aufgrund der heutigen Ereignisse spiele ich jetzt auch schon meinen letzten Song. Den möchte ich dem Herrn widmen, der leider vom Balkon gestürzt ist. Ich hoffe, ihm geht's gut. Gute Besserung.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir wiederholen das morgen. Vielen Dank, Tequilala. Vielen, vielen Dank. So, jetzt noch eine Zugabe merkt. Aber auch nicht. He? Na, Hans hat dir das gefallen. Bruno? Ja. Okay, perfekt. Gut. Und alles gut bei dir? Naja. Ja, also ich müsste mich wirklich gerade an Sophia erinnern, als er auf den Boden geklatscht ist. Ich musste wirklich gerade an Sophie denken in dem Moment. Ach, scheiße, Mann. Soll ich noch den Schweizer Song machen? Was willst du machen? So für uns? Komm. Ja? Na, warte. Ja. Oh, noch deinen Schweizer Song. Nicht doch. Noch eine kleine Zugabe, ne? Mhm. Was gibt's jetzt? Schweizer Song. Ah, was auch sonst. Stehen Tequilala auf der Bühne. Da fliegt einer vom Balkon. Es hat Klatsch gemacht und Scheiße. Da tragen sie ihn schon davon. Jetzt ist der Abend wohl gelaufen. Das war's mit Party und mit Konzert.
Erster Auftritt, ich sag Scheiße. Das habe ich mir anders vorgestellt. Alle zusammen, come on. Bin ein Schweizer Mann. Bin ein kleiner Schweizer Mann. Bin ein Schweizer in Los Santos. Ich bin ein Schweizer Mann. Bin ein kleiner Schweizer Mann. Bin ein Schweizer in Los Santos. Im Backstage hat es angefangen. Mal kurz ne kleine Schlägerei. Whisky, Cola, dann ging's besser. Und jetzt steh ich hier und wir sind nur 3. Wow, bin ein Schweizer Mann. Bin ein kleiner Schweizer Mann. Bin ein Schweizer in Los Santos. Kommt mal mit! Wow, bin ein Schweizer Mann. Bin ein kleiner Schweizer Mann. Bin ein Schweizer in Los Santos. Breakdown, come on! Ben, dein Part kommt gleich, ne? Nee. Haha! Woo! Solo! Alle zusammen, come on. Wow, ich bin ein Schweizer Mann. Bin ein kleiner Schweizer Mann. Bin ein Schweizer in Los Santos. Wow, bin ein Schweizer Mann. Bin ein kleiner Schweizer Mann. Bin ein Schweizer in Los Santos. Wow, bin ein Schweizer Mann. Bin ein kleiner Schweizer Mann. Bin ein Schweizer in Los Santos. Oh, bin ein Schweizer Mann. Bin ein kleiner Schweizer Mann. Bin ein Schweizer in Los Santos. Bin ein Schweizer in Los Santos. Bin der Bruno in Los Santos. Ben, dein Part. Come on. Come on. Nee, stimmt. Nein. Weißt du nicht? Ja. Dann nicht. Aber ein kurzer Part, ne? Ja. Ein sehr kurzer. Mephi, du kannst bestimmt auch singen. Nein, aber Tatsache kann ich Gitarre spielen. Ja, ich auch. Aber dann spiel doch du noch ein. Was ist meine Gitarre? ich bin im Dienst, sorry. Ja, ich auch. Ach Kann man. das auch sehen. Naja, schade, dass der Abend so enden musste, ne? Ja, definitiv. Ja. Vor allem haben wir irgendwie noch 6 Stunden Stream vor uns. Was machen wir jetzt noch? Tja, das kann ich euch nicht sagen. Ich muss noch weiter Schicht schieben. Das war auch nicht an dich gemeint. Entschuldigung. Oh, jetzt nach dem Dienstschlägerei habe ich gehört. Wieso? Ich gehe mal eben unten aufs Klo, ne? Ja. Ja, viel Spaß. Sorry, Hans, danke. Mann, dabei hat der Bruno doch noch so viel vor. Ich komme gleich wieder, liebe Leute. Ich muss etwas zu trinken holen, schnell. Cap zurückholen, schnell eine Gang gründen und dann die Mexikaner vernichten. Ja, genau. Aber wer weiß. Haben ja noch so einiges angerissen. Mal schauen.
Ja, ja, bin ein Schweizer Mann. Bin ein kleiner Schweizer Mann, bin ein Schweizer in Los Santos. Wow. So. Wie geht's euch, Chat? Alles gut? Wie hat euch das Konzert gefallen von Bruno? Du kannst dem Bruno dein Cap geben. Ja, warte, hier. Ah, hure Druck auf die Ohren. Alter, ist das eine geile RP-Situation gewesen. Du siehst! Richtiger Giggle bist! Bruno ist hure hässig auf dich. Ah, schön. Du hast mein halbes Konzert versaut. Ja, das klären wir dann in Game. Ja, alles gut. Der Kaffee ist gar nicht kalt. Da muss ich extra. Ist jetzt 6 Stunden im Kühlschrank. Hast du mich verraten? Nein. Mal? Ah, egal. Aber die Situation an sich RP-mäßig, ja, nein, das war ein Träumchen. Genau so läuft es halt auch im Real Life. Genau so. So. Ja, ich weiß. Was ein Na, da Timing. ist er gerade. Was ist los? Ich sag so, ich warte noch auf Bruno und dann kommst du reingeplatzt. Ja, zack, da bin ich wieder. Ja. Ruhe. Okay. Oh. Bin ein Schweizer Mann. Ja, schade war's. Ja, es war wirklich schade. I believe I can fly. Ja, da waren mehr als nur 1, 2 Gläser. Ja, wenn ich den Song gehabt hätte, ne? Du musst mal Titanic hier. How to go on. Wenn du das kannst, ne? Ey, ich sag's dir. Jetzt noch wenigstens Zeit kriegst du einen 20 von mir. Bei der Einreise, das hat gereicht. Ah, Mann. Sing ich noch lieber I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Ein Spaß. Ja, siehst du? Warte. Da hast schon eine Sängerin dabei. Und pack's rein und los. Was? Ah, Hä? ernsthaft? Wie? Herr Kane, Ja, Frau Stark. Sie sind dezent gemein. Aber nur ganz dezent. Kane, schwarz, ab. Ja. Okay. Und dann tschüss. Ich komm. Ja, ciao. Oha. Da war ein heißes Mittel hier reingegangen. Ich kann mal kurz gucken. Ja. Das ist die okay. eine der Chefin, ne? Ich geh mal besser nach, komm. Komm mit. Nein, komm besser nach. Was? Gut. Ich glaube, da ist eine kleine Besprechung. Ja, ich sag mal Du dem bist Ciao. hier gerade wie so ein läufiger Rute hinterher gerannt, ne? Ben, nee. Komm raus da. Ich sag mal, ich verabschiede mich mal eben und dann gehen wir. Wieder auf unsere Kosten, ganz ehrlich. Entschuldigung, Hey, Leu Mutter. Leute. Ja. Ich wünsche euch was. Ich würde Ja, mal... wir haben eine Nummer, wir telefonieren dann Okay, nochmal, ja? gut. Alles klar. Was ist Jo. jetzt mit den Rentnern? Fahren wir die jetzt eigentlich? Oder Nix was? für ungut, ne? Kein Problem, alles gut. Gestolpert. Okay. Wenn die Ach so. sich hier verziehen, Dann haben bis sie sich später. verzogen. Ciao. Dann Bis dann. nehmen wir sie mit. Ciao. Habe ich echt Schiss bekommen, weil es ein Sub ist. Ja, weiss. Aber alles gut, es war ja RP gewesen. Ich melde mich ab und komme dann später nochmal Yes. rein. Bis später, dann werde ich ähnlich schnell schlafen oder so. Bruno? Ben? Ja, sollen wir? Ja, gerne. Gut. Jalla. Jalla. Ja. Merkst du selber, ne? Was denn? Ja, wir sind 3 Leute. Merkst du? Ja.
Wo ist denn deine Karre? Ja, hinterm Club natürlich. Ja, siehst du? Kommen jetzt Meine hier, Karre ist kommen auch jetzt zum hier Leute Spaß zu meinem haben und Konzert nicht zum oder was? Kutschieren. Kommen jetzt da Leute zu meinem Konzert? Na toll. Ich weiß es nicht. Na. Ah, scheiße, Mann, ehrlich. Ich Der hol kurz Bruno. meine Karre. Wo wollen wir hin? Mir ist das egal. Brauchst du irgendwas noch von mir? Ja, meine Cap. Ein Flugticket und so? Das ist eine gute Idee. Ja? Ja, lass uns zum Strand fahren oder so. Wie viele brauchst du denn? Ja, wir schauen nachher. Oder weißt du was? Kennst du das oben da, das Observatorium? Ja. Lass uns da hinfahren. Ja, nur ich muss halt jetzt wissen, wie viel du brauchst. Ja, willst du nicht die Karre mitnehmen? Ja, doch, aber reicht das? Ja, also... Ich denke, Ich weiß nicht, was du- ein ich weiß- Stück ich weiß- reicht, ne? Ja, ich weiß nicht, wie viel Sophie haben will und wer noch alles kommt. Hä, was denn? Ein Flugticket nach Mallorca. Nein, ich will keins. Ja, eben. Oder wollen wir eine Karre nehmen? Ja, ich lass meine hier nicht stehen, ich nehme meine mit. Okay, ja, dann Kannst hol du ich, mich ich hol mal meine Karre. Jo. Jo, hi. Komm gleich wieder. Okay. Also, ich habe es super gefunden. Der Bruno ist einfach hässlich, weil sein erster Auftritt und einer, den er mitgebracht hat, also beziehungsweise... Achtung! Sorry. Einer, der als sein Kollege ist reingekommen, also ich habe mich dann, der Bruno hat sich rausschnurren zum Glück. Ja, jetzt ist die Tür zu, super. Hat ihm es halt komplett versaut. Das macht halt schon scheiß Eindruck. Aber darum hat der Bruno dann auch erzählt, dass er den gar nicht kennt. Und ich habe gesagt, du heisst Andreas. Das weisst natürlich du den Ingame nicht. Aber der Bruno ist kein 31er. Aber ich musste mich gleich distanzieren. Oh, der Hans hätten wir jetzt einfach vergessen. Den hätten wir einfach zurückgelassen hier. So. Die ist gefahren. Hans! Hey Hans! Ja, was los? Kommst du auch mit uns? Oder? Ja, sicher. Ich fahre mit meinem. Ah, du fährst selber, okay. Bis gleich. Ja, sicher, bis gleich. Ich gehe schauen, RP macht mit dir Spaß. Bis morgen. Hey, merci viel mal. Gute Nacht und ja, so Facts. Bis morgen. Mann, weißt du, Bruno, so eine Vorfreude, so eine Nervosität und auch so etwas. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat so irgendwie ein bisschen den Arsch gerettet, weil es ist gar nichts gelaufen. He? Ich weiss nicht, ich hoffe, sie haben jetzt den Leuten gesagt, dass die von heute wenigstens wieder kommen morgen. Ja, ist halt scheiße. Nee. Tank ist auch schon gleich wieder nachher. Ah ja, das habe ich mir auch anders vorgestellt. Wie viele Leute waren dort? 8 Eintritte. Also es waren mehr, weil ein paar waren noch von mir drin. Und sie haben dann auch aufgehört, wo der andere runtergefallen ist, haben sie aufgehört Eintritt zu verlangen.
Ja. Herr Ja. Moser. Nettes Auto, wo ist denn das her? Habe ich geklaut. Von so einem Polen. Aber das war meine Karre wäre, ne? So, wohin denn jetzt? Sollen wir jetzt hier vorne oder? Ja, irgendwie da unten. Nein, komm mal her, meine Frau. Ja, wer jetzt? Was? Ja, du, Bruno. Ach so. Ja, nein, Spaß. Und? Was habt ihr jetzt ja alle so vor? Keine Ahnung. Folgen. Scheiße halt, ne? Hm. Ach ja. Ich habe mir meinen Willst du ersten nochmal Auftritt... machen, oder was? Ja, morgen machen wir nochmal. Ah, okay. Versuch Nummer 2, vielleicht stirbt da ja jemand. Das aber ist nur, arg. aber nur Backstage, wenn jemand mir auf den Sack geht. Nur dann. Ah, ist doch scheiße, Mann. Ja, das ist echt scheiße. Geh mal da links lang. Erst das mit meiner Cap und jetzt diese Scheiße, ne? Ist einfach keine gute Woche bis Nee. jetzt. Na, Ben. Warum würde ich wieder gefragt? Einfach so? Ist es eine gute Woche für dich bis jetzt? Nö. Siehst du? Der hat ja noch gar nicht richtig angefangen. Ja, ich habe gesagt bis jetzt. Mhm. Hier eine Runde. Ja, kann man. Ich hab. Oh Gott. Nein, 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 nein. Hoch. Ah. Ich hab ein bisschen Schöne Hunger. Angst. I have Hunger. Und weiter? Can you give me something? Ja, mein letztes. Bitte. Ja. Ich gebe dir mein letztes Hemd. Danke. Ja, es geht zum Und Bruno, Bruno, was was brauchst scheiße. Ja, hast du noch was? Ey, kurwa, der hat schon $40 von mir gerade vor dem Konzert schon in dem Fall bekommen. Jetzt will er schon wieder schnorren. Ja, ich schnorre nicht. Du hast mich gefragt, ob ich was brauche. Nein. Wenn du mir das geben willst, okay, und sonst lass es, ne? Ich hab noch ein Glas Whisky eingesteckt. Aha, von wem? Ja, vom Tequilala. Eingesteckt? Ja, ich kann da gratis trinken. Also. Also, willst du den Whisky? Ja, komm, mach mir einen kleinen Tausch. Okay. Warte mal, ich muss eben ganz kurz. Sophie, Ja, bitte. kriegst von mir was? Oh, danke. Ja, bitte. Denke ich dir. Ernsthaft? Nein. Ja, fürs Erste. Lass mal. So, Bruno. Ja, komm mal ein Stück näher, ja. Hier. Und du kriegst auch was von mir. Ich glaub, mein Handy ist kaputt. Dankeschön. Jo, bitte. Na super. Mein Handy ist kaputt. Super. Ich muss mal kurz mein Handy neu starten. Da kommt der Pole. Ah, jetzt ist besser. Ja, ne? Bisschen beruhigender. Ja. Was für eine Scheiße, Mann. Ja. Ich dachte, nach heute kann ich mir irgendwas, weißt du, eine Rolex oder so kaufen, ne? Aber nee. Eine Rolex. Ich sag dir jetzt, wie es ist, ne? Irgendwie hatte ich noch Glück, dass das alles passiert ist. Warum? Ja, so habe ich eine Ausrede, warum kein Schwanz da war. Ja. Weil sonst wäre echt scheiße gewesen auch. Wie viel hast du denn jetzt damit gemacht? Ja, gar nichts.
Weil ich hatte ja ausgemacht, dass die ersten 15 Eintritte nehmen sie. Ja. Und das waren keine 15. Und die Kollekte habe ich nicht mal erwähnt, weil bevor ich anfangen konnte, richtig fliegt der Idiot da vom Balkon, ne? Ja. Also ich habe $0 gemacht heute. Ah, Mann. Ich glaube, das Tequila ist verhext für mich. Ich hab dir auch gesagt, dass Tequila nichts Gutes ist. Habe ich dir gesagt, ne? Ja, ich weiß, aber ich dachte zum Anfang so ein paar $100 vielleicht. Ein kleines Konzert. Dass ich über die nächsten Tage irgendwie was Kohle da hab, weißt du? Mhm. Ich dachte halt schon, dass so 20, 30 Leute kommen. Ja. Und vielleicht jeder noch etwas in meine Kasse spendet, ne? Ja. Auch wenn es nur $1 ist, scheißegal. Hauptsache, ja. Alles ist besser als nix, ne? Ja, klar, natürlich. Nur der Anfang ist am schwierigsten, ne? Ja. Das ist wie beim Autofahren. Also wenn du keine Ahnung hast, Wenn ist du der nicht Start, ha? genau, wenn du nicht schalten kannst, ist der Anfang am schwierigsten. Mhm. So. Aber wenn du bergab bist, weißt du, und das Ding schon von alleine schon rollt, dann läuft es ja irgendwann. Du musst es ja einfach nur... Ja klar, aber das Ding ist halt, um bei deiner Metapher zu bleiben, ich fahre seit 15 Jahren Auto, ne? Boah, checkst das. Was? Bist du noch da, Ben? Alles gut? Ja, ich bin da. Warum? Ja, nur so. Sag mal. Alles gut. Hm. Ich dachte, du hast so in dich reingelacht. Ja. Ja. Ja, egal. Egal. Ah, und was machen wir jetzt heute noch? Hauen wir uns die Cap zurück? Ja, das willst du dir zurückholen? Willst du dir zurückholen? Keine Ahnung. Ja, siehst du? Maske auf und rein da. Da bin ich raus. Nee, nicht bei den Mexikanern. Ja, nee, ey. ist zu gefährlich. Nee, nee. Nicht bei den Mexikanern, Ja. ohne Scheiß. Ja. Jetzt werde ich noch angerufen. Hola, Ja. chica. Wir sind beim Observatorium. Ja, jetzt musst du weiter geradeaus, durch und dann unten. Du musst hinterm Observatorium. Sag ihm, wir Ja. schauen auf die Stadt. Wir schauen gerade auf die Stadt. Gut, dann bis gleich. Diese Drecksstadt, ehrlich. Oh, jetzt habe ich doch meinen Scheiß. Oh, nee, komm. Kein Bock mehr vom Dreck das aufzuheben. Ist eh schon fast durch. Ach man. Und Kendrick pennt einfach auf dem Sofa ein, dieser Idiot. War ein Schweizer, ne, den ich geboxt Ja. hab, ne? Hast du den geboxt? Hä, das war doch der durch Stress geschoben Nee, hat. nicht der. Nee. Das ist ein anderer Schweizer. Hm. Also der Aber die andere. Dunkelhäutigen. Ja, Kendrick ist kein Schweizer, der ist ja, Ja, der ist Afrikaner. korrekt. Ja, der ist korrekt. Korrekt, aber pennt einfach auf dem Sofa ein, ne? Mhm. Ja, was war noch? Ja, der andere Schweizer, der auf einmal da war. Ja. Ich hab dem heute Abend noch einen Gefallen getan, ne? Als wir am Was denn? Strand waren. Ich hab da noch was für den erledigt, aber das ist der Dank dafür. Ah. Also Vollidiot. Zum Glück ist der alleine gekommen und ich konnte dann sagen, der gehört nicht zu mir. Ja. Warum habe ich jetzt auf einmal so viel Geld wieder? Ohne Scheiße, wie manchmal. Nee, das höre ich voll abgehoben an, aber ich bin immer so ein Mensch, der immer
Merci wenn ich Twitch nichts zu tun an habe, dieser mein Stelle. Bargeld immer weglegt, im Auto oder sonst was, ne? Mhm. Ja, ich habe aber schon wieder voll viel bar. Obwohl ich nur heute gar nicht beim Automaten war. Du bist halt Pole, ne? Ja. Ja, ich laufe einfach vorbei, direkt, zack, oh, habe ich auch mal $30 mehr. Ah, ich leg mich mal hin hier. Mhm. Ah. Ja. Ja. Bruno? Ja. Ich empfehle dir, lass einfach hier nach unten. Hier schon so ein Stückchen hier, ne? Mhm. Und dann kann man sich auch gut hinsetzen. Nee, oder komm, lass hier. Ben! Was macht Ben? Ah. Leute? Ja, er kommt gleich wieder, warte. Ja, am Ende fällt er noch runter. Ich sehe das schon kommen. Jetzt ernsthaft, warum ist er da runtergegangen? Ja, er wollte sich da unten hinlegen. Warum? Weil es bequemer sei. Ah ja. Ja, Ben. Ist zu gefährlich da. Komm, lass hier Wo hin. ist denn da zu gefährlich? Ja. Du kennst Sophie. Was soll das mit mir zu tun? Hans. Ich hasse euch. Doch lieber hier bleiben, statt hier unten sich zu Ah, scheiße. Ich bleib hier oben, definitiv. Hey, Vanilla God. Ich mach doch keine waghalsigen Sachen. In meinem Alter wäre das fatal, wenn ich ins Krankenhaus müsste. Wie hat's dir gefallen, Hans? Also das, was ich mitbekommen habe, war super, ja. Danke. Keine Frage. Nur ich bin ja erstens ein bisschen zu spät gekommen und zweitens, als ich ankam, da war ja schon, ja. Scheiße. I believe I can fly. Und ich habe extra 4 neue Songs gelernt, ne? Ja, das ist natürlich sehr bescheiden. Ja, aber... Jetzt kannst du 4 neue Songs fürs nächste Mal. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ja, Immer stimmt. das War ja nicht Positive alles sehen. umsonst. Jetzt muss ich morgen nochmal dahin, ne? Muss man den Schweizer Mann auf der Bühne singen. Ja, ich weiß. Ja, und sonst heute noch irgendwas anderes Spannendes passiert, außer jetzt die Sache? Ja, nee, bei mir nicht. Also ja, ich wurde ausgeraubt gestern noch. Ach Quatsch, Kram. Ja, ein Arschloch hat meine Cap geklaut in meiner Wohnung. Also eigentlich alles, was ich hatte, hat er mitgenommen. Mach jetzt entschuldigen. Ah, ich hab eine Nachricht, warte mal. Na toll, Ben. Ja? Der Mexikaner hat mir geschrieben. Hm. 120 will er für die Cap. Ich sag's dir, das ist safe meine Cap. Ja. Und ich kann mir die jetzt für 120 zurückkaufen. Dieser Wichser, Mann. Ja, komm, lass kaufen, ne? Ja? Ja. Besser als Stress mit denen. Ja, frag mal vielleicht $100. Nee, nee, komm, egal. 120, ja, komm, scheiß drauf. Ich hab keinen Bock. Ich will einfach meine Cap wieder und alles ist gut. Ich schreib dem, kommst du mit? Ja, dann steigen wir in meiner Karre. Okay. Oder Sophie und Hans? Ja. Kommt ihr auch kurz mit? Mir egal, können wir machen. Ja, das wird da nicht alleine, weißt du. Ja, ich kann sowieso nichts ausrichten. Ja, nee, aber nur, dass umso mehr Leute, umso besser, weißt du. Ach so, ja sicher. Einfach nicht, ja. Ja, schreib ihr dann, jo, machen wir. Und Treffpunkt kann er sich aussuchen. Am besten einfach am Strand, da an einem Automaten. Beim Bankomaten meinst du? Ja, ja. Okay. Am Vespucci Beach.
Oh, ich rufe kurz einen Kollegen an. Zehn Minuten? Ja? Okay. Jo, hi. Jo, Sophie. Jo. Der, Was denn? der Mexikaner hat sich gemeldet, ich kann jetzt meine Cap kaufen. Oh, okay, ernsthaft? Ja, also ich gehe stark davon aus, dass es meine ist. Ah, okay, ist klar. Aber ich bezahle den jetzt und dann habe ich sie wieder und scheißegal. Alles gut. Ich habe keinen Bock auf Stress mit dem. Und kommst du auch kurz mit? Wer, ich? Ja, Hans und Ben kommen auch kurz zum Strand runter. Ja, klar, warum nicht? Weil sonst am Ende gehe ich wieder in Boxershorts nach Hause. Aber wenn wir da zu viert auftauchen, werden die wohl keinen brauchst Scheiß du keine machen. Angst haben. Kannst du Kickboxen oder was? Ja, sozusagen. Wunderbar. Ich habe Taekwondo gehabt. Ah, alles klar. Gut zu wissen. Ja. Und du warst ja mal Rausschmeißer auf der Reeperbahn, ne Hans? Ja, sicher, aber die Zeiten sind vorbei. Okay. Heißt nicht, dass du nicht gut zuschlagen kannst. Ja, nee, aber Das habe ich auch nicht gesagt. Eben. Nur, ich würde das in meinem Alter gerne vermeiden. Ja, das ist klar. Ja, letztes Mal, wo ich dem Rodriguez zwei in die Schnauze gehauen habe, hat mir die Faust noch 2 Tage später immer noch wehgetan. Ja, aber du brauchst niemanden in die Fresse hauen. Einfach Nee, nur... alles gut. Nö, aber er hatte nur gefragt gehabt. Ich sag weil ja, auf der Reeperbahn ein Rauschmeißer war. Also... Ich sag nur, seine Postur alleine reicht ja schon, ne? Du bist ja nicht, du bist ja immer noch bereit, sag ich mal, ne? Wenn es sein muss. Ja, wenn ich mich selber wehren muss. Eben, okay. Ja, dann gehen wir? Ja, sicher. Mhm. Okay. Wollen wir alle mit einem Auto oder wollen wir da mit 3 Kannen hinfahren? Ist doch egal. Ja, machen wir mit einem Dreikarren. Okay. Ja. So, da holen wir jetzt mein Cap wieder. Hoffe, der Arsch zieht es jetzt nicht übers Nest oder will es rausnehmen. Ich nehme einfach genau die $120 mit, du sonst nichts. Es sind auch 3 Autos weg. Es kann passieren. Aber ich kenne auch noch einen Mexikaner. Schlutti den Emma. Sind Mexikaner keine Polen? Nö. Jetzt wird spannend, liebe Leute. Wo genau an den Strand fahren wir denn jetzt? Da zum Geldautomaten oder wo Ja, geht's ja. hin? Ach so, ja sicher. Bruno, Ja, wir fahren kurz noch zu Sophie nach Hause. Was mitnehmen? okay. Wollen wir nicht trotzdem eine Karre nehmen? Warum nicht 3? Einfacher. Verbrauch. Ja, aber... Umwelt. Wenn was ist, ist es einfacher, wenn du 3 hast. Na, okay. Aber andererseits, wenn was ist, verlieren wir 3 Kannen, nicht eine. Ach, die wollen uns ja nicht abziehen. Ja, ich hoff's mal, ja. Ach. Glaube ich nicht.
Basic holen. Ja, wahrscheinlich. Oder noch das Messer oder irgend so etwas holen. Bruno ist ein bisschen bekifft, ha? Dürfen wir nicht vergessen. Und langsam ein bisschen besoffen. Was hat er gehabt? 2 Bier und 2... Nein, ein Whisky, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich durch muss. Ja, egal, wir fahren jetzt auf den Strand. Noch Achtung. Schnell das Navi anlassen. Das Ding ist halt, ich kann ihn nicht mal auf offiziellem Weg anficken, weil ich kann nicht beweisen, dass es meine Cap war. Also ich könnte nicht mal einen Otto-Normalbürger anficken, aber er ist echt kein Mexikaner-Gang. Das ist halt so ein das Problem. Ich meine, was will der Bruno machen? Wenn ich Stress mit denen habe, kann ich nie mehr irgendwo spielen. Dann kann ich mich in der ganzen Stadt verstecken. Die suchen mich und finden mich. Egal. Ei, Corona. Uff. Ui, ai. Hoppla. Stört wieder los. Vor dem Polizeigebäude halten wir gescheit mal am Stopp. Huere Raser! Alter, es blocht er mit 120 durch die Stadt. Wo ist er jetzt? Vorne. Ja, ich bleib einfach hier, ne? Wenn was ist, dann komm ich sehe das ja. Okay. Jo. Packst das schon. Hockt er schon dort? Ich weiß nicht, ob's... Wie haben wir eigentlich im Sack? $1.
Da kann man sie. Die 3 hier machen mir ein bisschen Sorgen. Hey yo. Hola. Hola. So. Amigo. Hier ist die Cap. Dankeschön, ich zieh die mal gleich auf. Nee. Wunderbar. Fühlt sich gut an. Bien. Sí. So. Sieht doch gut aus. Kann der Kumpel kurz einen Schritt zur Seite gehen? Natürlich. Wunderbar. Hier, dann kann ich dir das Geld geben. 120, ne? Nee. So. Bitteschön. Gracias. Ja, ich danke euch, ne? Sí. Und, Nicht dafür, ne? Immer wieder gerne. Sí. Genau, richtig. Meld dich einfach, wenn du was brauchst. Ich melde mich. Schönen Also, Abend okay. zusammen. Bitte. Adios. Ciao. Adios. Was habe ich Besser. gesagt? Jetzt unter uns, ne? Hm. Das ist meine Cap. Peter Los Santos? Ja, Los Santos. Also, ich dachte Los. Nee. Egal. Das ist meine Cap. Ich habe innen drin habe ich da so die Markierung, ne, von der Größe. Ja. Die habe ich rausgeschnitten, mal, weil das mich immer gejuckt hat. Mhm. Also es wäre schon ein krasser Zufall, wenn das jetzt nicht meine Cap ist, ne? Ja. Ja, das ist wahr. Naja, egal. Ich habe meine Cap wieder und ich habe 2 neue Dealer am Start. So. Warum 2 neue Dealer? Okay. Ja, weil sie meinten, wenn ich sonst noch was brauche, soll ich mich melden. Ja, wow. Mann. Und Bille jetzt? Cap. Dankeschön. Jetzt siehst du auch wenigstens aus wie früher. Ja, endlich. Ja. Vielleicht ist deshalb niemand gekommen, ne? Mhm. Das war meine Glückscap. Und seit die weg war, ging alles nur noch schief, ne? Mhm. Ja, was jetzt noch? Jetzt zieht er die mir wieder ab. Amigos, braucht ihr Jo. noch einen goldenen Pullover oder sowas? Schwarz-Gold soll der sein. Was? Einen schwarz-goldenen Pullover oder ein paar High Heels für die Chica? Nee, danke. Trag Ja. die nicht so gerne. Wie sieht denn der Pulli aus? Der. Schwarz-Gold. Ja. Oder Gold-Schwarz eher, ne? Ja. Okay. Hat er noch irgendeinen speziellen so Design oder ist er einfach nur so ganz normal? Oh, amigo. Hat der einen speziellen Design, der Pullover? No, ne? No, ich Oh, glaube, ich das ist dachte, ein er hatte Muster. Ruhe das Son. Muster? Also, das ist wieder hussig, ja? Puh, amigo. Oh, Ja. Und hast wie du viel daran kostet der Interesse bei oder euch? was? Wie viel kostet der denn bei euch? Mussten wir da mal gucken, ne? Ja, ich hätte jetzt, sage ich mal, nichts dagegen. Vielleicht, wenn er mir gut steht, hole ich den mir den. Nee, alles klar, warte mal gerade. Jo. Bis gleich. Aber was denn? Ich möchte mir auch mal was gönnen. Sind wahrscheinlich Braucht ja sowieso vorher was gestohlene gesagt. Klamotten. Egal. Wahrscheinlich auch aus meinem Kleiderschrank, ne? Ja, ist das der oder was? Das werde ich gleich sehen. Schwarz-goldenen Pullover. Nee, ja, warte, nee, ich glaube meiner war... Nee, der war nicht Gold. Ja, ohne Scheiß jetzt. Nee, ich hatte ein... Warte mal, was fällt mir denn alles? Ein weißes Anzughemd, eine weiße Anzugshose. Hm? Frag nicht wieso. Dann so ein Pullover, wie Sophie ihn hat, also ein Küfi-Pullover. Mhm. Ja, der Designer, okay. Und was war da noch? Ja, Schuhe halt noch. Mhm. Ja, und diverses zu essen und trinken, ne? Aber egal. Ja. Ja, ich hab meine Cap wieder, mir geht's gut. Okay, ganz kurz noch bevor, Sophie. Mhm. Für die Fälle der Fälle, warte mal. Hier. Hast du meine Alles Kette klar. bekommen? Ja, hab ich.
Aber nur für die Fälle der Fälle. Jo, Das das ist- ist klar. Und Müssen die ja nicht warte, wissen. falls ich mitgenommen werde. Ja. Schlüssel von meiner Karre. Alles gut. Mehr habe ich nicht zu verlieren. Mhm. Falls ich sterben sollte, fällt einfach die Karre am Stadtpark, wo ich sie sonst immer geparkt habe. Falls du sterben sollst, was? Mhm. Und was passiert dann? Dum, da, da, dum, dum, Genau, dum, machen da, wir dum, Beisetzung. da, dum. Der gesagt hat, jo, zieh das an, ich so, jo, habe auch keinen Platz. Das ist ein Designer-Pullover. Ah, okay. Ja, Und, zeig dir den mal. Ja, Da, ja, der. okay. Wie Okay. viel wollt ihr denn haben? Puh, also der Kollege, der den verkauft wollte, schon so 500 haben. 500? Ja. Oh, Er hat cool, gesagt, der wa? war teuer, wo der herkommt. Boah. 500 habe ich jetzt auf dem Konto. Oh. Ja, nee. Ja, aber da, wo kommt euch der her? Für den Was Pullover würdest du nicht. denn bezahlen? Für den Pullover? Mhm. Boah, 200 maximal. Mehr No, nicht. ich glaube, da kommen wir nicht ins Geschäft. Okay. Ja, gut. Egal. Wie schaut's bei Trotzdem- euch aus? Wollt ihr was noch rauchen haben? Ihr seid jetzt nicht wollt ihr das auch was zweite Mal sagen? hier und wollt nichts haben, oder? Boah, ich bin versorgt. Ich hab meine Cap, ich bin glücklich. Okay. Ja, gut. Der Herr Ja. oder die Lady? Wollt ihr- Ich habe mir das Nö, Rauchen danke. Auch keine abgewöhnt. Also Schuhe? dort Gras rauchen zumindest. Nein, was für Schuhe Okay, denn? no, das verstehe ich nicht, was du da erzählt. Das ist das gesundeste Rauchen, was es gibt. Was Ja, für Schuhe mag habt ihr sein, denn? aber Nee. Also in deinem Alter kriegt man doch irgendwann noch Rheuma und so ein Scheiß, oder? das mag sein, ja. Nee, das hilft. Wunderbar. Glaub mir, Amigo. Ja, aber ich glaube, dann habe ich in meiner Jugend schon ziemlich gut vorgebeugt. Wenn Okay. man das mal so sagen Was ist darf. mit dir? Du auch nix? Ja, ich? Was habt ihr denn? Acapulco? Sagt mir nichts. Tut mir leid. No? Nee. Aber sag nur, gibt das hier im Stade Zigarren? Weiß ich nicht, habe ich schon mal von gehört, aber wo, keine Ahnung, Amigo. Schade. So, wie gesagt, Acapulco, das ist ein Ticket. Ja, das schönste Stadt der Welt. Ja. Nee, danke. Kannst einmal fliegen, 35 Dollars. Nee, ich verzichte. Aber, Der habt ihr Flug keine ist es Schuhe? wert, ja. Habt ihr Schuhe für die Dame? Oh, nur High Heels. Hm. Nee, momentan nicht so. Und nicht für dein Kleid? Nee. Ich hab doch schon welche. Na, ich hätte noch so ein Top hätte ich noch für dich. Was für eins denn? Das muss ich holen, na. Ja, kannst ruhig mal Das zeigen. war so ein braunes, war das. Angucken würde ich es mir auf jeden Fall. Ja, ich kann es dir noch nicht vorführen, ne? Sieht nicht so gut an mir aus. Okay. Das ist schlecht. Bring's mit, ist doch eh ein neues Teil gewesen, oder? Das war doch dieses gesenkte, Amigo. Seh. Man kann die das ja anprobieren, ist doch kein Problem. Wo ist Okay, Kendrick, ich wenn man ihn wollte braucht? Aber Ja. nur für dich, ja? Danke. Sehr nett von dir. Okay, bis gleich. Nee. Und du wolltest auch nichts haben zum Rauchen. Ich? Nee. Nee. Ich frag gerade nochmal wegen dem Ich verkaufe das für wen anders, weißt du, Amigo? Ja, okay. Kann ich halt mir nicht selber die Preise aussuchen. Ja. Warte mal. Amigo, 250 Dollars für die Pullover und du kannst ihn haben. Boah, 250. Darf ich mal kurz hier? Ja, klar. Oh, komm, kann man nicht irgendwie auf 200 machen? Dann nehmen wir den direkt mit. Amigo, wirklich. Also ich glaube, ich kriege auf die Fresse, wenn ich das mache. Okay. Ja, komm. Dann machen wir 250, gehen wir zum Automaten. Alles klar, Amigo. Oh Mann. Machst du nicht so laut? Ist besser so. Ja. Okay.
Sorry, ich hatte einfach Bock. Ja, ich hoffe, dass das jetzt klappt hier. Nicht noch was passiert. Mhm. Mit denen ist nicht zu spaßen. Ja, absolut. Aber wie gesagt, wenn du denen nicht gucken kommst, sind die eigentlich sehr nett. Ja, ja. Ja, darum habe ich auch einfach bezahlt und fertig. Ja. Hey, Timo, sieht richtig durch aus, aber hey, noch 4 Stunden. Wow. Ich sage 5, ja? Ja, schön, Schelfi. Das geht easy. Wer zieht mit mir durch bis zum Schluss? Sophie? Ja. Ja. Er hat auf jeden Fall, glaube ich, deinen Topf für dich. Seh, ich Ja. hab das extra für dich geholt, ha? No, das finde ich aber toll. Hey, du kannst das hier mal anprobieren. Ja. Wärst du so freundlich, Moritz? Danke. Ich. Oh lala. Och ja. So. Und, was sagst du, Ben? Finde ich jetzt nicht schlecht einfach. Ist mal was Schönes. Was wollt ihr dafür haben? Also, so deiner Haarfarbe passt es. Danke. Sagen wir vor 30 kannst du das haben. Na klar, dafür nehme ich es gerne. Seh. Heute Shopping-Tour, ey. Der war echt gut. Ja, Muss mal was anderes. sieht gut aus. Jetzt noch so solche Schuhe in der Farbe, dann ist es ein perfektes Outfit. Ja. Ich glaube, die High Heels waren schwarz. Ach nee, ich habe schon schwarze, das ist doof dann. Aber ich weiß es nicht, ja? Da musst du Gruß fragen. Ach nee. Bin nicht so der High Heel Fan. Und, wie sieht's aus? Steht dir doch, ja? Ah, seh. Sieht gut aus. Hast du schon gekauft? Was tut? Mhm. Und, was hast du bezahlt? 30. Snäppchen. Ja, 30. Oh, muy bien, okay. Ein schönes Schnäppchen, danke. Okay. Wäre schön, wenn er noch aufwachen würde. Würde mich freuen. Ja. Ich glaube, da hat schon jeder hier erstmal vorgesorgt. Okay. So, So, ist jeder amigos. glücklich. Jo. Jetzt gehen wir wieder nach hinten, ne? Jo, wünsch dir was. Schönen Abend, ne? Schönen Abend. Haben wir die Nummern getauscht? Ich sehe von dem Bruno habe ich die Nummer. Genau. Und hey, ich von der spiel morgen Senorita hab ich die nochmal Nummer in... nicht. Wie heißt du eigentlich, Senorita? Ah. Sophie. Sophie, ich glaube, ich habe deinen Namen Oder schon mal gehört. Sophie. Warst du schon mal irgendwo hier? Seh, wir haben uns schon öfters getroffen. Ja, ich bin manchmal am Strand gewesen beim Minijob. Und Jungs, ne, ich spiele morgen nochmal im Tequilala. Heute hat nicht so richtig geklappt. Okay. Da war irgendwie, ist einer vom Geländer heruntergefallen. Und dann war die Stimmung Sophie, tot. bist du Ne? allgemein an Klamotten interessiert? Generell, aber eher, Ja. sag ich mal, so ein bisschen an teuren Sachen, wenn dann. Okay. Magst du mir deine Nummer mal geben? Ja, klar. Bist du soweit? Nee. 309 Nee. 282. Muy bien. Ich kriege mal durch bei dir. Ja, klar. Schaufsäckler, Mann. Die wird so gern. Alles klar. Cruz. Als wen darf ich dich einspeichern? Cruz. Cruise. Okay. Okay. Alles klar, amigos, ne? Dann noch einen schönen Abend. Passt auf euch auf. Ja, sicher. Ja, gleichfalls. Adios. Ciao. Tschüss. Später. Adios. Tschüss. Brauche ich einmal meine ganzen Sachen wieder. Ja, warte, komm mal Stückchen zur Seite. Das ist mal ein anderes Unterschied. Aber ohne Scheiß jetzt, scheiße das jetzt nicht aus. Nö, ich find's jetzt nicht schlecht. Hast du alles? Ja. Gut, alles klar. Ich präsentiere ganz kurz gleich noch meinen Pullover, wenn ich da. Mhm. Ja, ich gehe mal eben da hinten hinter den Busch, ne? Ja, viel Komm gleich Spaß. wieder. Ja, viel Denk dran, Erfolg. dreimal schütteln ist, ne? Was? Dreimal schütteln. Meine Güte, wer hat denn das Gesetz eigentlich? Dreimal, wie geht das? Dreimal geschüttelt, ist gewichst. Nicht gewusst, dass es die Deutschen auch kennen. Ja. Da. Bruno muss heute pissen und ich muss auch.
Bis grad, lieber Chat. Schon 7 Stunden. Kommt gut. Aber ich glaube, ich hole mir noch etwas zu trinken. Zuerst. Merci, gell? So, kannst du auch das Fenster auftun? Oh mein Gott. So. Sind wir wieder. Und hey, kennt ihr das, wenn ihr Bock habt auf ein Bierli, aber nicht keins kalt gestellt habt? Ich habe jetzt ein Bier in die Tiefkühlung da. Das darf ich nur nicht vergessen. Das habe ich immer Ohrerei. Ah, meine Ohren. Nur ein Kopfhörer. So. Seid ihr noch wach? Seid ihr noch fit? Liebe Leute. Erinnere dich an ihre Halbstunde. Ja, eine Halbstunde ist auch schon fast zu lang. Da ist es gefroren. 10 Minuten, eine Viertelstunde vielleicht Maximum. Was haben wir jetzt? 10 ab 11. Stimmt das? Ja. Aber warum geht Emma eigentlich so auf Distanz? Was ist dort los? Das ist geil, ne? Gefroren ist aber nicht geil, weil das verjagt man das Fläschchen früher. Oh, was ist jetzt dort los? Schlägerei. Bruno ist sehr überzeugt.
Was? Bruno, wie ist es gelaufen? Ja, war mehr als 3 Mal. Äh. Aber dann macht's mehr Spaß. Oh. Ja, Also du. ich wollte mir meinen Kommentar von eigentlich verkneifen, als Sophia gesagt hatte. Und ich will ja gar nicht wissen, welcher Typ wie viel am Tag denn masturbiert, wenn er nach 3 Mal schon masturbieren ist. Ja, wie gesagt. Dann kannst du das ja eigentlich nicht mehr mitzählen, wie viel du... Na egal, vergiss Ja, es. egal. Wie, Brunas, hast du gerade deinen Spaß gehabt? Nee, ich war nur pissen, aber Sophie meinte, mehr als 3 Mal schütteln ist, naja. Ja. Selbstbefriedigung. Schöner Pullover. Ja, ne? Ja, aber die Kette ist halt immer noch so ein bisschen darunter, ne? Ja, ein bisschen. Ist ja, schade. leider. Aber guck mal hier, so Rückprint, ne? Ja, ist cool. Was steht da? Broker. Broker. Broker ja. ist die Marke, okay. Sag mal schnell, in Europa wäre es Versace, ne? Mhm. Ja, Los Santos hat alles irgendwie andere Namen. Ja, absolut. Und deine Karre in Europa ist es ein BMW, ne? BMW M6 erste Generation. Ja. Ja, meine Karre ohne Scheiß. Ja, ist ein geiles Ding. Wir können mal gleich bei Dilis vorbeischauen. Ich wollte mir einen 50er überlegen da. Mhm. Also den, den du mir gezeigt hast? Welchen habe ich Ihnen gezeigt? Ja, was war das noch? Du hast mir mal einen gezeigt, als du mich dahin gefahren hast. Vorgestern oder so. Keine Ahnung. Ja, ich sehe es ja gleich. Und der mit dem Olivengrün oder was? Ja, genau. Ja, nee, das ist aber ein Dreitürer. Ah, okay, okay. Queju, merci vielmals für dieses Abo. 100 seine Cap wieder. Wild. Kuss geht Und nächstes raus. Mal, einfach, wenn du pennen gehst, halt die einfach an. Ja, jetzt ist... Nee, ich schließe Mach einfach das. meinen Schrank ab. Ja, aber weißt du, wenn man schnell meine Cap oder... Nee, gar nicht, meine Kette. Meine Cap ziehe ich aus. Meine Kette habe ich auch die ganze Zeit um. Ja, Kette geht ja noch beim Schlafen, aber meine Cap ist, Ach. Ja. Schlaf mit der Cap. Nee, ich versteck die unterm Bett oder ich lass die im Wagen oder ich versteck die. Ja, am besten im Wagen. Ja. In einer halben Stunde ist es noch nicht gefroren, außer der Tiefkühler ist auf 130, Außer minus der Pole 130 hat Grad. man kein Geld. Lieber nicht im Wagen verstecken. Ich hab so gehofft, dass du das warst, ne? Im ersten Moment. Ich dachte so, oh, okay, ja, kommt sicher der Pole. So auf lustig, Ja. ne? Komm, ich räum dem Schweizer mal die Wohnung aus. Weil er immer so blöde Sprüche macht. Ja, aber Ah. eine gute Idee, ne? Ja, nee. Sonst Wenn du gemerkt hast, war nicht engagiere ich Hans. Dann steht Hans die ganze Nacht bei mir vor der Tür. Nö. Wieso? Ich würde gut bezahlen. Sicher? Was zahlst du denn? Ja, klar. Ja, wenn du mir den Polen vom Leib hältst, ist mir das einiges Oha. wert. Nee, Spaß, alles gut. Boah, nee, den habe ich jetzt aber nicht mit Spaß verstanden. Ist No. Ja, wir reden ja davon, wenn du einbrechen willst, ne? Sonst nicht. Wenn du dich Ja, ankündigst, ja. bist Ja, du ja. immer gerne herzlich willkommen. Ist okay, habe ich schon verstanden. Wo ist jetzt Sophie? Ey, keine Ahnung. Da hinten. Läuft im Kreis und telefoniert. Wo denn hinten? Ach, da. Zirpo, ja, das Hans kann hat gut mir sein. Den Weg gerade ein bisschen versperrt. Das kann gut sein, weil er hat gewusst, wo ich wohne und er hat auch gewusst, dass wir nicht Dich spließen. angerufen? Weil er ist einer von den wenigen, der gewusst. Also die Sophie weiss es, der Kendrick und er. Weil es hat mir auch komisch wirkt, dass er vorhin nicht mitkommen will. Das weiß ich halt nicht. So, Sophie, Ja, gefällt dir dein neues Shirt? das geht. War schon etwas Push-Up, ne? Was? Nein. Also ich find's gut. Ja, Ich ja, hab ja. kein ich Push-Up. auch. Willst du nachgucken? Okay. Oh. Wenn du sowas behauptest. Wenn, ich würde glaube ich nachher nochmal behaupten, wenn ihr bei euch seid. Ja, ja. Also ich drehe mich weg, kein Problem. Ja, sicher? Nee, alles gut. Nee, alles gut. Aber ich muss eh mein Pulli wieder anziehen, aber das passt schon. So besser. Bist du fertig? Ja, fertig. Ging aber schnell, Ben, ne? Ich hab nichts gemacht, wenn du einen Pullover angezogen Meine Güte, da hat aber einer Übung, wa? Ah, geil.
So, sollen wir mal gemeinsam zu Gillies fahren? Ja, Kleinen komm, lass Spritzer. gehen. Perfekt, Aber wollen was- wir nicht meine Karre nehmen? Ich habe keinen Bock dauernd zu fahren. Ich bin müde, ehrlich. Und ich hatte auch schon einiges Intus, Ja, ne? aber wenn wir deine Karre nehmen, dann bist du doch derjenige, der fährt. Ja, nee, dann kann ja Ben fahren oder du oder Sophie oder... Ist ja egal. Okay. Machen wir das so. Sophie kriegt meine Schlüssel, fährt mit meiner Karre zum Stadtpark. Dann Alles steht er klar. wenigstens schon mal da. Wir fahren Ja. dann nochmal gemeinsam zu Dilis, gucken und dann holen wir Sophie ab. Alles Und dann klar, fertig ist, machen okay? wir. Jo. Okay. So. Du hast es bekommen? Jo, ist da, alles Perfekt. gut. Gut. Kratzer gehen auf mich. Mach keinen, bitte. Meine Damen und Herren, jetzt eine kleine Spritztour. Taxi Polinski. Oh, Alter, wie fährt die denn? Fährt einfach überm Strand. Das habe ich gesehen. Ja, ich muss unbedingt einen Fahrer haben. Hier, was hast du von mir? Ja, kommt auf den Preis drauf an, ne? Was eine geile Karre, ne? Ja, weiß ich nicht. Meine Fresse, Weil du halt ey. so zahlen würdest. Ich meine, unter der Hand, ne? Ich versteh's. Ja, wenn das Geschäft mal läuft, dann komme ich auf dich zurück. Ja, sicher. Muss ich erst noch ein paar größere Auftritte spielen. Aber er hat ja schon Stil. So in diesem Auto wird man, glaube ich, besser gefahren, als dass man selber fährt, ne? Ja. Oder ja. Ja, hinten ist luxuriös. Wir haben einen pinken Shipwreck stehen. Die haben ein Bike. Ja, Ach, der- scheiße. Die liegt bei 4-1. Echt jetzt? Mhm. Warum? Scheiße. Warum? Ich mag Bikes. Eine Wolfsbane in schwarz, matt schwarz. Komm, park mal da. Schönes Moped, kann ich dir nur zu Herzen legen. Wir können auch ruhig da ein bisschen was tauschen, dann kann ich dir auch dein Auto abkaufen. Dann hast du genügend Geld für deine Wolfsbane. Ja, aber dann kann ich niemanden mehr mitnehmen. Eine richtig schicke Karre, also, ne? Ist das ja nur. Schon geil. Das weiß ich ganz genau. Die liegt bei 4-1, weil ich war doch schon heute. Und wenn ich mit denen spreche, gehe ich auf 3, kann er locker auf 3,9. Scheiße. Würde irgendwie zu mir passen, ne? Ah, Mann, hatte ich doch Geld. Wem sagst du Bruno? das immer? Bruno? Oh Scheiße, du bist der Einzige, der immer sagt, du hast kein Geld, ne? Ich Mhm. habe jetzt mal ein bisschen berechnet, ne? So, in deinem Sozialhilfe, ne? Mhm. So, und alles drum und dran. So, ich habe da jetzt ein bisschen durchgerechnet gehabt. Mhm. In den ganzen Tagen, Wochen, die du hier in Los Santos bist, Mhm. und mit deinen Ausgaben und deinen ganzen finanziellen Umständen komme ich, warte, ich gucke, ohne irgendwelche, dass Leute dir was zugesteckt haben, ne? Mhm. Komme ich auf 3,9. Schön wär's. Ich meine das ernst, ne? Ja. Dir ist bewusst, dass ich noch in der Schweiz war, ne? Und in Deutschland. Wann? Ja, vor ein paar Tagen war ich fast 2 Wochen weg. Aber ich habe noch mit eingerechnet, ne? Dass du pro Tag eine Kippe, also eine XL Redwood-Dings da kaufst. Das habe ich eingerechnet. Dazu habe ich noch Hast du zu viel Zeit oder was? Ja, ich dachte, weil du sagst, du hast kein Geld. So, danach habe ich noch eingerechnet gehabt, du hast 9 bis 10 Burger kaufst du, plus Getränke. Da kommen wir auf 3,9. Ja? So wie du aber rauchst,
habe ich jetzt in meiner Rechnung jetzt nicht falsch. Aber wie du essen und trinkst, bin ich schon ein bisschen, habe ich ein bisschen übertrieben, ne? Okay. Ja, So. aber wie gesagt, ich war ja lange weg und dann hatte ich kein Sozialgeld, ne? Mhm. Wie lange warst du denn weg? Ja, fast 2 Wochen. Wie lange bist du denn hier schon auf der Insel? Knapp einen Monat. Also ich bin im Gesamten vielleicht 2 Wochen, aber ich habe die ersten 2 Wochen habe ich viel gepennt, ne? Mhm. Warte mal. Dann rechne ich mir das eben kurz anders. Er nimmt mich hure hops, gut. Er nimmt mich hure hops. So, jetzt bist du aber richtig gefickt. So, also. Der Wichser hat meinen Stream geschaut, der weiß haargenau, was ich komme. Ich habe jetzt gesagt, 3 Wochen bist du hier aktiv, ne? Ja. So, für die 3 Wochen würdest du, wenn du Sozialgeld bekommst, auf $5.040 liegen. Ja, ich bin ja nicht dauernd da. Ja, ist auch alles gut. Wir gehen mal auf $15. Sind wir bei 4.500. Also gehen wir auf 15 Tage. 15 pro Tag, ne? Also 15 Tage, dann kriegst du halt noch dein Sozialgeld, ne? Warte mal, wie sind wir jetzt? 3.600. $3.600 hast du, wenn du 15 Tage lang ausreichend Sozialhilfe bekommen hast. Ja, dann mache ich irgendwas falsch. Bruno, verarsch mich nicht. Nee, aber ich habe ja auch noch das Auto gekauft. Hast du das angerechnet? Zum Beispiel? Du hast doch, hast du dir was mitgebracht? Ah, guck mal, da kommen noch die Rechnungen. Du hast doch noch was mitgebracht aus der Schweiz. Habe ich ja nicht mit einkalkuliert. Habe ich vergessen, sorry. Du hast $1.000 noch dazu genommen. Ich schätze jetzt mal grob, du hast 1.500 mitgenommen. Das heißt, wir sind dann Ich kam hier fast pleite an, ne? Bruno, lüg mich nicht an. Ja gut, ein bisschen was hatte ich dabei, aber... Okay. Und was? Ja, vielleicht $1.000 so, ungefähr. Okay, dann sagen wir einfach, du hast $1.000 ungefähr gehabt. Ist doch scheißegal. Du hast $1.000 den Typen gegeben für dein Washington. Trotzdem, wenn wir jetzt noch $500 dazu rechnen oder so ein Scheiß, sind wir bei $4.100. Die du in 15 Tagen hast. In 15. So. Ich war ja keine 15 Tage durchgehend wach, bist du verrückt? Ja, gut, dann machen wir halt 10 Tage draus. Ja, auch keine 10 Tage. Ich war die ersten 2 Wochen war ich vielleicht, wenn es hochkommt, im Durchschnitt 1 Stunde wach pro Tag. Weißt du, wie ich meine? Das kann ich ja nicht einschätzen. Ja, eben. Ich sag's ja nur. Du hast mich am Anfang, ich meine, wir kennen uns noch nicht so lange. Aber seit wir uns kennen, bin ich halt ein bisschen öfters wach. Ja. Und dann war ich noch 2 Wochen weg und also ja, schön wär's, wie gesagt. Ja gut, ich habe ja nur gesagt, also mit meinen Rechnungen zufolge müsstest du jetzt schon was auf dem Konto haben. Ja, ich habe was auf dem Konto, aber es reicht nicht annähernd, um irgendwie was zu kaufen. Weißt du, ich bin auch jetzt nicht dein Finanzberater. Ich habe einfach dir nur gesagt, dass wenn du dir unter 4 Augen sprechen willst, dass es für mich kein Problem ist, wenn du irgendwie auch sagst, yo, ich habe jetzt 1 Million auf dem Konto, weil, weißt du, mich interessiert sowas eigentlich nicht. Ja, ich bin halt Schweizer, ich spreche nicht gerne über Geld, ne? Ja, genau, aber jedes Mal immer dann zu hören, du hast kein Geld, hast aber einen mattgrauen Washington und fängst dann jedes Mal an, dieses Ding zu tanken, ohne Probleme und holst jetzt deinen Cap ohne Probleme wieder, ohne einmal zu mängeln, für $120, obwohl ich dir noch gesagt habe, yo, versuch mal auf 100 runter zu handeln, machst du trotzdem für 120, also irgendwie musst du ja ein bisschen Geld haben, ne? Ja, ein kleiner Notgroschen, ne? Notgroschen, wie hoch sind denn deine Notgroschen? Ja, es reicht halt nicht, um große Sprünge zu machen. Ich sag mal so. Und ich bin Musiker, ich muss irgendwie... ja. Ja, siehst du, jetzt kommen deine Ausreden. Nee, ist ja keine Ausrede. Ich bin nur realistisch. Wenn ich mal ein paar Tage irgendwie nicht spielen kann oder die Leute mir nichts geben, ich weiß ja nie, was reinkommt, ne? Ja, dafür ist ja die Sozialhilfe auch da. Ne? Ja, aber ich sag mal so, von der Sozialhilfe alleine, ja, schon die Wohnung ist genug teuer, ne? Ja, klar. Wie gesagt, ich will auch nicht irgendwie dein Finanzberater sein. Ich bin einfach nur ein Mensch. Ja, du bist neugierig, ich merke das. Ich habe ja auch nicht gejammert. Ich jammere nicht rum, dass ich keine Kohle habe. Aber es ist halt jedes Mal so, ja, schau mal Bruno, kauf doch das, kauf doch das, kauf doch das. Nee, ich habe keine Kohle. Ja, du hast aber einen Washington. Ja, habe ich dir ja gesagt, wieso.
Männer, darf ich einmal kurz dazwischen grätschen? Ja, gerne. Darf mich einer wieder kurz zum Auto fahren? Ich wollte den Peter gleich von der Arbeit abholen. Ja, kann ich machen. Das wäre supi. Okay. Ja, wartest du hier, Ben, oder kommst du mit? Ach ja, ich warte hier. Okay. Wo hast du denn deine Karre? Am Strand noch? Ja, sicher. Kannst du das kurz mal im Navigationssystem eingeben? Ja, da müsste es sein. Okay. Hey, was interessieren denen meine Finanzen so hart? Weiß ich auch nie. Was ist denn los mit dem? Man ist ja auch nicht mein Bier, nicht? Ja, nee, ich meine, ich frage ja auch nicht, also der rechnet sich aus, wie viel Geld ich haben sollte? Keine Ahnung. Ja. Also ich habe Besseres zu tun. Ja, sicher. Selbst wenn ich nichts zu tun habe, würde ich nicht mal auf den Ja. Gedanken kommen, mir das ausrechnen. Was andere Leute haben. Ich schätze lieber das, was ich habe. Absolut. Was andere haben, das soll denen gegönnt, aber das gehört mich ja nichts an. Das sehe ich genauso. Und es ist ja nicht so, dass ich dauernd sage, mir geht's scheiße, ich habe keine Kohle, bla bla bla. Es ist halt nur immer, wenn er sagt, ich soll das und das kaufen, ne, sage ich, nee, du, sorry, das liegt nicht drin. Ja, sicher. Warte, willst du noch kurz meine Nummer einmal kurz Ja, notieren? klar, gerne. Dann hast du wenigstens, und wenn das läuft, dann meldest dich, dann bin ich da im Privatchauffeur. Ja, auf jeden Fall gerne. Das ist Hans. Ja, sicher. Genau. Und der Nachname ist? Pfeiffer. Pfeiffer. Ja, mit Doppel F in der Mitte, bitte. Okay. Und dann die 555? Ja, sicher. Dann die 871. 871. 692. 692. Ja, sicher. Okay, ich lass mal kurz durchklingen. Ja, ich krieg gerade einen Anruf rein, Okay. aber ja, mach mal. Aber Meister, ich rufe dich gleich zurück, ja? So, ja, jetzt. Ja, wunderbar. Okay. Sehr gut, Meister. Dann Ja gut, bedanke dann, ich mich und ja, wir sehen kein uns, Problem. nicht? Wir sehen uns, ne? Bis dann. Bis dann, ciao. Der hure Paul. Hast gar nicht so schlecht gesehen, er hat noch zu wenig gerechnet. Ah, Mann. Ah, scheiße, ich war gar nicht hier durch. Die haben wir gern. Keine Kohle. Gern Kohle ohne Ende, aber immer sage ich habe kein Geld. Hey, es ist ja nicht so, dass ich nicht spendabel bin, gell? Ich meine, ich lag den auf meinem Sofa pennen. Bruno geht doch gern. Klar könnte ich mir das Bike jetzt einfach so kaufen, aber bin ich hier richtig? Aber glaubst du wirklich, dass der Paul mit dem Mexikaner Scheiß baut? Ich weiß es nicht. Jo. Hallo. Hallo. So, wohin jetzt mit dem Lachs? Ja, was geht jetzt hier? Mir egal, wir können im Stadtpark. Ja, welche Karre willst du denn jetzt kaufen hier? Ja, die Lies hat ja jetzt hier noch nichts. Ich wollte mir eigentlich einen Schiburek vielleicht mir zulegen, aber ich will mir keinen Weinrot und keinen Pink holen. Okay, okay. Dann warte ich noch. Morgen oder so haben die eh neue Autos. Okay. Ah, ich muss mal kurz was essen da noch. Ah, geht das während der Fahrt? Ja, ja, sollte gehen, komm. Wo habe ich denn das scheiß Sushi hingepackt jetzt? Habe ich das dir gegeben? Ja. Du hast eine Sushi hast du mir gegeben, Ja, aber das du sollst andere eigentlich habe ich noch- wohl gefressen, ja. Ah. Komm, lass ihn wo was essen holen noch. Jo. So fährt uns mit meiner Karre nach, ne? Ah, okay. Kannst du mich navigieren?
Wohin willst du denn? Ja, irgendwo. Komm, machen wir mal zum günstigsten Shop, dann ist einfacher. Ich muss meinen Kühlschrank wieder auffüllen. Ja, da fährt der Bruno falsch. Stimmt doch gar nicht. Wie du fährst, ey, ohne Scheiß. Was? Ja, links, rechts, hier dann noch einmal Ja, Geisterfahrer. du hast ja gesagt, ich fahr falsch. Ja, war doch auch im Navi, oder nicht? Ja, ja. Oh. Was ist denn hier Ja, los? das sind aber nur Dings da. Ja. Falkenwagen. Ich meine, du hast mich vorhin mit irgendwie 120 Meilen überholt in der Stadt. Also was machst du mir Vorwürfe, wie ich fahre? Und Ja, tschüss. darf ich nicht? Hallo? Scheiße. Bitte nicht wieder das Auto crashen, bitte nicht wieder das Auto crashen. Game ist abgeschmiert. Scheiße, bitte. Der rockt hinten, der kann nichts machen. So, ich bin nochmal. Gute Nacht, Sirpo. Merci fürs dabei sein. Ich hoffe, der Paul stirbt jetzt nicht. Scheiße. Immer beim Fahren. Immer. Oh. Wie ist mein Benutzername? Ah. Nein, das war nicht das Passwort, alles gut. Aber ja, darum der Login-Name. Der Login-Name vom, wo ich mich online, also auf der Internetseite muss anmelden. Das ist anders. Keine Panik, alles gut. Ja. Ja, ich muss ganz dringend aufs Klo. Wo bist du denn jetzt? Bei PTM. Du warst Fahrer und musst aufs Klo. Ja. Ja, ich komme jetzt. Ja, gut. Jo, bis Ciao. gleich. Ja, moin der Herr. Ja, moin. Deine Karre hat in meinen Augen hinten Macken aus dem Grund, weil du Kopfschmerzen hattest. Auf einmal kommt so ein Blitzschlag, ich war irgendwo im Tunnel, Alter. Okay, ja, bei mir sieht alles gut aus noch. Ja, okay, gut. Ja, dann kann es ja sein, dass es nur wegen dem Schlag, dass es bei mir so aussah. Okay. Ne? Dann, wenn es bei dir
hinten unterm Kennzeichen sollte es so sein, dass da richtig viele Marken sind. Nee, alles gut bei mir. Ja gut, dann ist es auch so. Dann ist es bei dir auch wirklich gut. So, machen wir ein bisschen Musik an. So, Sophie hat mir wieder mir die Schlüssel wieder gegeben, weil die keinen Bock hat, mit meiner Karre zu fahren, weil die zu schnell ist. Okay. So, dann, so. Sag mal, Ben! Ben! Was hast du denn gemacht? Keine Ahnung. Geh bei mein Rücklicht, ne? Ja, dein Rücklicht, also du bist losgefahren auf einmal. Ja. Schön. Ja, das wären dann einmal $120 beim ACLS, bitte, Ich ne? weiß. Ich werde schnell etwas schauen. Gut, vielleicht wird es dann wieder gepflegt, weil das ist ja Bug und nicht mein Fehler. Ja, ich... Also jetzt sieht deine Karre nicht so gut aus. Ja, ich gehe mal kurz aufs Klonen. Jo. Ich muss mal schnell neu starten. Beziehungsweise, es gibt schnell etwas schauen noch. Okay. Wir gehen dann auch morgen pennen. Viel Spaß noch im Stream und gute Nacht. Hey Uwe, merci viel mal. Danke vielmal und schönen Abend. Merci fürs dabei sein. Und schlaf gut. Ja, nicht jetzt.
Es geht weiter, meine Lieben. Jetzt geht schnell etwas schauen noch. So, okay. Schnell etwas in den Einstellungen von Lucky V geändert. Weil irgendwie ist das komisch. Dass mir das abschmiert. Ist echt der Kendrick wach mittlerweile? So ist es 7 Stunden 40. Oh, Flex, du bist auch noch da. Nah. Ach komm schon, Kendrick. Jetzt machen wir noch ein bisschen Action. Und jetzt den Hai wecken. Zum Marco Remote. So. Kassel ist ein geiles Sieg. Hallo. Hi. Alles gut. Sag mal, schläfst du? Ich? Warum? Jetzt nur auf der Karre, darf ich nicht? Ja, willst du die Karre noch verkaufen oder nicht? Das macht doch keine Dellen, Naja, okay. wenn man sich auf die Karre setzt. Ich gehe kurz einkaufen. Jo.
Ja. Das Einzige, was mir bei diesem Chinatown-Tankstellen-Ding besser gefällt, ist, dass die so Packungen haben, weißt du? Mhm. Das ist echt ein Vorteil. Aber der Aufschlag dafür ist halt echt der Wahnsinn. Dum. No? Ja. Und fertig? Ja, ich hab's gleich. Okay. Hey, Hallo. Hallo. Oh. Hm? Alles gut? Ja, wieso? Ja, weil du so angeschlagen rüberkommst, so beleidigt. Nee, alles gut. Nee, jetzt gibt's nicht alles gut. Jetzt sag mal, was ist los mit dir? Nee, alles gut, echt jetzt. Du hörst dich aber nicht so an. Wir machen uns Sorgen. Ist alles gut, ehrlich jetzt. Ich bin ein bisschen angepisst wegen heute Abend, ne? Ich habe mir das anders vorgestellt. Ja, das hat sich aber wirklich alles anders gut vorgestellt. sonst. Alles gut, okay. Ich muss noch eben tanken. Ja. Ach, guck mal, auf einmal hier auf klar. Tank. So viel Geld hat er. Nein, Spaß. Kassel, ich eigentlich noch viel mehr gehabt. Aber der letzte läuft scheiße. Und das ist alles nur Geld für die Zukunft, für unser Business. Nein, nicht der Ranger.
Wohin? Keine Ahnung. Sagt ihr? Stadtbach. Okay. Hoppla. Und ich bin falsch abgebogen. Mann. Ja, ich fahre wirklich wie ein Aargauer. Ah, wo ist der Kendrick, wenn man ihn braucht? Ich brauche Aufmunterung. Ai. Komm jetzt, tu nicht so wegen diesen 2 Pfüsten. So, das Trinken habe ich auch nicht mehr dabei. Ja, Ziggis könnte ich noch auftun. Warte jetzt mal, kann ich echt... Das Cap kann ich nicht beschriften, nein, schade. Herstellen. Warte, jetzt ist das gegangen. So. Schnell Ziggis auftun. Oh Mann. Ja, das ist halt Roleplay, so geht's. Ich denke, heute machen wir uns das erste Geld. So richtig. Ah ja, vielleicht morgen. Jetzt muss ich morgen schon wieder streamen. Oh. So. Und da ist das Velo. Ich will gerade, ob ich Lose kaufen sollte. Lose? Mhm. Wann ist denn das wieder mit den Losen? Nee, das ist am Samstag oder Sonntag wieder Verlosung. Also. Rein, Jungs und Mädels. Haut rein, bis. Haut rein. Bin kurz im Kopf drin. Okay. Was? Keine Ahnung, ich hab nicht zugehört. Wir haben ein Problem. Er ist geistig verwirrt. Hallo Sophie. Willst du ein paar Lose loswerden? Ja, natürlich. Wir würfeln Ja, drum. ja, ich überlege. No. Nee. Naja, 100 würde ich schon würfel machen. nur Ist halt die Frage, ob Was? am Stück Nein, oder ich meine, ob ich sie kaufe. Stückeln. Der hat mir gerade einfach erzählt, also... Okay, sorry, du Model. Danke. Also, So, mal schauen, was hier so abgeht. Warum Geist? Ach, Digga. Also dieser Frank hat mir gerade einfach erzählt, dass die mich abziehen wollten. Und dann hat dieser Chan gesagt, nein, zieh die mal nicht ab, das ist Dory.
Und ich habe aber heute erst einmal mit dem geredet, als es um Prüfen ging. Die Stimmen, wa? Dann meinte ich so, warte, zieht ihr mich jetzt das nächste Mal ab? Und er meinte so, ja, wenn du mit ihm schläfst, nicht. So, okay. Ah ja. Aber sonst geht's, ha? Nette Kollegen. Freundlich auf jeden Fall, ja. Man kann sich mit ihnen unterhalten. Sympathisch, man kann sich mit denen unterhalten. Okay, Wes, komm, $20. Oh. Ihr wollt noch mehr? Oh, warte mal noch mal 2 Minuten, dann ist ein neuer Tag. Ich habe heute kein Glück. Neben mir. Aha. Das ist Ben. Ben. Okay. Ja. Ben ist Pole. Ah ja. Ben hat versucht, Ben mein ist Auto geistig zu klauen. Hä? Ja, Bist du pass das? auf. Ach komm, Digga. Ach komm, ist Komm mal nur kurz. Spaß. Jetzt gibt's Beef. Jetzt gibt's Beef. Hat er vielleicht verdient. Ich auf die Fresse jetzt hier. Auch nicht zu stark zu, ne? So, wer ist der Herr mit dem weißen T-Shirt? Sieht aus wie Bruno. Das ist Steven, oder nicht? Ja, ich bin Bruno. Bist du Bruno? Ja, ich bin Bruno. Ah, das ist Bruno. Alright, Moin. Alright. Also- Dann sieht das Steven nur sehr ähnlich. Also irgendeiner, der Steve heißt und genauso aussah, der hatte mit Jana einen Unfall und hat sich ein paar Rippen gebrochen. Alright, Okay. okay. Ist jetzt auch schon damit an, alright, okay zu sagen? Fühl ich. Ja, ich passe mich an. Alright, okay. Alright, okay. Und warum Tut mir sollte leid, ich ihn ja. einen Warte, draufschlagen? ich mach Platz. Ich schub's nicht. Schubst du nicht? Du machst mich aus dem Kreis es wird raus. kuschelig. Soll ich dich im Kreis schubsen? Ich bin weg. Ich bin weg. Keks in der Mitte. Ich bin eine Besucherritze. Also Tequilala Okay. gegen Backstage auch richtig was ab, ne? Backstage. Was war Backstage los? Nicht zwischen euch. Oh, das war lustig. Ne, so ein Typ hat so eine... Entschuldigung, Dame, die darf ich gesehen kurz haben mal? mit der blauen Lederjacke. Mal ein bisschen lauter. So, die Dame mit der blauen... Ja. Hey, wie geht's? Hey. Ja, ganz gut. Und dir? Ja, geht so, ne? Ja, was ist denn los? Ja, ich hatte mein erstes Konzert, theoretisch. Aber ich sag mal so, scheiße, ne? Aber warum denn? Was ist denn passiert? Ja, erstens nicht viele Leute, zweitens, nach dem zweiten Song ist jemand vom Balkon gestürzt. Und das war's dann, ne? Und drittens gab's noch eine Schlägerei im Backstage, bevor ich überhaupt angefangen habe. Also ich hatte vor Türöffnung war noch Polizei da und nach dem zweiten Song die Medics. Ja, siehst du mal, was passiert, wenn du da auftrittst. Ja, Scheißladen ist verflucht. Also ich habe bisher da eigentlich immer ganz gute Erfahrungen gemacht, aber... Ja, keine Ahnung. Und jetzt morgen wieder, oder wie? Ja, ich versuch's morgen nochmal. Ja, da kann ich aber leider auch nicht dabei sein. Wieso, was denn los? Also, sagen wir, die Woche ist einfach schlecht. Okay. Ja, schade, ne? Mein größter Fan fällt. Das tut mir leid. Alles gut. Hab ich Was dir, wieder gut? hab ich dir eigentlich das erzählt mit meiner Wohnung? Was ist mit deiner Wohnung? Ich wurde gestern noch ausgeraubt. Was? Ja, Was? ausgeraubt. Ausgeraubt? Ja, es wurde eingebrochen, beziehungsweise ich habe vergessen abzuschließen. Was machst du? Ja, ich habe ja einen neuen Mitbewohner. Und dann habe ich die Tür aufgelassen, damit er reinkommt. Und ja, hat sich jemand dann bedient, ne? Aber warum hast du denn nicht wenigstens deine Schränke Ja, abgeschlossen? hab ich vergessen. Wollte ich eigentlich. Oh, Habe ich vergessen.
Und dann meine schöne Cap, ne, die war weg. Alles andere ist ja scheißegal, Die aber du- meine, ja, Die du immer hast da. die ich immer habe, die ich von meiner Familie habe. Oh, scheiße. Und jetzt, und dann war ich heute Nachmittag am Strand. Und dreimal darfst du raten, was dann passiert ist. Bist du wieder ausgeraubt worden? Nee, habe ich einen Du hast die Cap gesehen? Ja, Ernsthaft? ja. Also ich habe die jetzt wieder. Ich habe die von einem Mexikaner jetzt für $120 zurückkaufen können. Oh, ja, immer, aber du hast sie immerhin wieder, ne? Ja, also er hat natürlich gesagt, war ein Mexikaner. Ich konnte nicht sagen, hey, gib mir meine Cap wieder. Er sagt, klar. sagte halt, ja, ich verkaufe dir die und bla bla bla. Und, aber als er mir sie gegeben hat, habe ich halt gesehen, das war fix meine, ne? An deiner Stelle einfach froh sein, dass du sie wieder hast. Ja, Alles andere ist egal, wenn du da jetzt einen Aufstand machst, dann ja. geht dir halt auch ein Platz flöten zum Spielen, ne? Ja klar, und ja, ich bin dann, ich glaube, in der ganzen Stadt nicht mehr so sicher, ne? Also ich glaube zumindest unten am Strand. Ja, naja. Nee, wie Im gesagt. Stadtpark oder so glaube ich jetzt weniger, aber... Ja. Nee, aber es hat besser. Also heute echt scheiße, ne? Also die letzten paar Tage halt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben eigentlich. Siehst du, das bringt Unglück, wenn du mich nicht siehst. Ja, sag ich ja. Darum musst du ja morgen kommen. Ich kann aber nicht. Ah, scheiße. Das tut mir wirklich leid. Nee, alles gut. Ich habe sogar deinen Song gespielt, ne? Wirklich? Ja, kannst Oh Sophie Mann. fragen. Ja, das ist eigentlich ein Glückssong. Ja, ich habe den Song Emma genannt. Ernsthaft? Ja, klar. Ist das dein Ja, Ernst? ja klar, ich hatte noch keine Namen für die Songs. Du hast einen Song nach mir benannt? Ja, klar. Oh Mann, und ich war nicht da. Ja, nächstes Mal vielleicht. Ich Also glaube übernächstes wahrscheinlich, Mal, weil ja, nächstes ja, Mal morgen genau nicht, aber warte jetzt mal, am Freitag spiele ich noch irgendwie an so einem Talentwettbewerb. Und wenn alles klappt, spiele ich dann am Sonntag auf einer großen Bühne. Ach, hör auf. Warum ausgerechnet die Woche? Hey, ich habe keine Ahnung, das war alles Zufall, ne? Da kam so eine Talentscout, kam in den Backstage und hat mich vollgelabert. Und ja. Oh Mann. Ah. Ich sag's dir, die Woche ist einfach scheiße, ne? Ja. Die hat schon scheiße angefangen, als ich von dieser Axt erwischt wurde und ab da ging's bergab. Mann. Ah ja. Naja. Kann nur noch bergauf gehen, ne? Ja, hey, du hast deine Cappy wieder. Ja, ich habe meine Cap wieder, alles soweit so gut. Ich dachte zwar eigentlich, dass ich nach diesem Auftritt vielleicht mal ein bisschen finanziell besser dargestellt bin, aber jetzt sieht's eher im Gegenteil, ne? Ja, okay, ich meine $120 für so eine Cap ist schon... Ja, und auch, schon weh, ja, aber es ist noch du hast diverses ja anderes Erinnerung. passiert. Ich habe mich da, nachdem die mir die Wohnung ausgeräumt haben, habe ich mich so aufgeregt, dass ich die Scheibe von meinem Wagen eingetreten habe. Und dann heute Nachmittag bin ich noch ausgerutscht bei der Tankstelle und habe mir noch die Frontscheibe eingeschlagen. Und eben bin ich während dem Fahren, musste ich so dringend aufs Klo, ja. Jetzt ist mein Rücklicht noch am Arsch. Bitte, ey, bitte sag mir, dass du nicht für jedes Mal gleich zum ACLS gegangen bist. sondern Nee, das nee, ich warte jetzt ab. Ja, also ich habe gelernt, eine Scheibe kostet $240 und wenn du 3 Scheiben kaputt hast, zahlst du nur noch 280. Okay. Also warte noch, bis die 3. Scheibe kaputt geht, dann lohnt sich das. Ja, besser ist. Oder auf dein Auto zu prügeln, das kann auch nichts dafür. Ja. Ja, ich hab mir dann noch den Fuß verletzt. Oh, du bist ja fast... Ich war dann noch im Krankenhaus und ja. Ah, scheiße. Ja, ja. Entschuldigung, ich bin einfach zu schadenfroh, wenn mal andere Alles passiert gut. und nicht mir. Alles ich dachte, gut. ich wäre nur so ein Pechvogel. Nee, nee. Oh Mann,
Ja, aber ich kenne das. Das geht sehr schnell ins Geld. Ja. Naja. So. Ja, irgendwann tauche ich wieder aus dem Nichts auf und stehe da und höre wieder zu. Okay. Versprochen. Wunderbar. Dann, wenn du es am wenigsten Dann freue ich erwartest. mich drauf. Weil du dann weißt, dass das Pech vorbei ist, ja. Okay. Na dann schönen Abend noch, ne? Ja, dir auch. Und pass auf dich auf, ne? Mach ich. Und Klar, pass auf dein Auto auf. Ja, Mach ich dich noch versuch's. kaputter. Alles klar. Okay. Dann gute Besserung mit deinem Fuß. Danke, und wir dir hören auch. uns. Ja, danke. Ciao. Ciao. Scheiße, mir kommt gerade in den Sinn, ich habe noch mein Bier in der Gefriere. Das ist auch jetzt explodiert. So, kommen wir wieder. Uff. So. Chat, seid ihr noch da? Hallo, sag mal hallo. Hallo Chat. Musst du da oben schauen, dort musst du die Kamera schauen. Ja. Hallo. Da. Guck ruhig. Was geht ab? Chat, Prost. Ich stelle jetzt das wieder her. So. Jetzt eigentlich mal so einen grünen Vollkörperanzug anlegen und einfach so mit dem Hund hinten durchlaufen. Das ist geil. Ah, Sergeant Dodo! Prost! Ist du eigentlich ein Schweizer oder ein Deutscher? Dankeschön. 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 Sehr, ja wunderbar. Also, ist auch okay, wenn nicht. Verstehst du? Nicht, so, 8 Stunden, 11 Minuten wären knackt. Und es sollte echt Sozialgeld geben haben, ne? Mal schauen, wie viel es geht. Ah, wie sie Schlange ist, weil 12 war. Aber es ist nur Geld, Freunde. Ja, es ist nicht der falscheste, aber es ist auch nicht der beste, das stimmt.
Bruno, der Real Bruno ist im Chat. Wie geht's, Bruno? Das ist 87. 78 minus 95. Nochmal. 78 minus 95. Ja, 78 minus 95. Genau. 51 minus 45. Noch. 51 minus 45. 51 minus 45. 45, ja. 71. 71. Stehen Sie am Bankomat an, der Herr? Wir können da ruhig rangehen. Dankeschön. Bruno, alles klar bei dir? Ja, ja, ist gut. Muss. Ah, nice. Gut, so, wie sieht's aus? So, wieder ein bisschen besser. Können wir jetzt da wieder... Nein, es reicht nicht. So, 132, 66. 232... 232, 86. 284, 24. Oh, das ist doch schön. Ja, nice. Ich hab grad schon zweimal. Ja. Bruno! Ja. Bruno. Ja. Willst du dir Tickets lose kaufen? Was für Lose denn? Am Sonntag, oh, das kann hier der Co-Chef. Co-Chef? Wir sind beide gleiche Chefs, kein Ja, Co-Chef. okay. Dann erklär mal bitte, Bruno. Ja, warte mal eben, ich muss mich eben noch kurz konzentrieren hier. Ja, so geht's mir auch gerade. Nee. Hä? Egal. Aber erklär ihm dann gleich, dass wir Ja, klar. Und schon Kratzer am Auto. So, also was ist? So, wir sind von Alice Lotto, der Thomas, der da vorne steht und so laut herumschreit die ganze Zeit. Ja. Und ich. Wir sind von Alice Lotto und wir haben aktuell noch wöchentlich unsere Ziehung. Und da gibt es diese Woche 21 Preise zu gewinnen am Sonntag. Okay. Und die Infos dazu findest du auch alle unter auf Weasel News. Ja, habe ich was gesehen, ja. Alice Lotto, genau. Und diese Woche haben wir als Hauptpreis einen Futo. Das ist ein Auto. Dann haben wir noch vieles mehr. Boah, ich kann dir alle aufzählen. Wir haben noch einen Faccio Sport, das ist so ein Roller. Ein Fahrrad ist mit dabei, ein $500 Gutschein beim Juwelier, ein $500 Gutschein bei Lusttropfen für eine Verkostung mit 2 Personen, ein $250 Gutschein bei Cut & Curl, ein $200 Gutschein vom Juwelier, ein $200 Gutschein bei Atlantis Watersports, die machen Tauchschule. Okay. Dann ein Wochenticket für den Bus, 5-mal bei Nala $50 Gutscheine, also es sind 5 Preise, also jeweils $50. Okay. Dann 2-mal jeweils ein $50 Gutschein von Rones Barbershop, ein $50 Gutschein bei Lolita's Bar, ein $50 Gutschein bei Wurstpumpe, ein $50 Gutschein bei Street Food LS, ein $50 Gutschein bei Donnes Tanke für 2 Autowäschen, Komplettwäschen und nochmal ein $50 Gutschein für 2 Autowäschen bei Donnes Tanke. Okay. Und was kostet so ein Los? Ein Los kostet $40. Was? Wenn du 5 Lose nimmst, zahlst du nur 4. Ja. Und für Sonntag ist Verlosung, also du hast noch Zeit, wenn du was überlegen möchtest. Ja, ich überlege mir das mal. Ja, klar. Ansonsten einfach ganz normal die Vorwahl 555 und dann 3-mal die glücklichen 7. Also 555, 777. Keine Ahnung. Okay, die, okay. Die haben nicht verstanden, was das Internet ist. Yes. Die dachten immer Internet Ich schreib mir das zum mal auf. Hafen. Mach das mal. Weil sie dachten, sie muss zum Hafen, um ein Netz Da zu reichst du kaufen. uns, wir kommen dann vorbei und bringen die Lose mit. Also 555 und dann 777. 7, Genau. 7. Nee. Was? Nur 3-mal die 7. Ah, 3-mal die 7. Okay. Ja, 555, 777. Okay. Wir haben eine kürzere Nummer bekommen. Ja, super. Ja, gut. Perfekt. Dann lassen wir da rüber quatschen. Da. Was ist los? Wow. Glücksspiel gab schon immer. Ja, ne? Glücksspiel kann süchtig Auch, machen. auch schon, ich glaube schon, dass es jetzt irgendwie bei Höhlenmatch schon früher mehr oder weniger Glücksspiel gab.
Irgendwie Wir müssen hier. ja mit irgendwie Steinen an die Wand werfen oder so. Ja. Ja, genau. Und wer dann das getroffen hat, irgendwie so einen Wer am Blutpunkt nächsten oder so ein dran war Scheiß. oder so, genau. Ja, der hat dann bestimmt, keine Ahnung, Essen umsonst gekriegt oder so ein Ja, Scheiß. wofür denkst du? Oder durfte sich was aussuchen vom Essen? Ja. Ne? Das beste Stück oder so. Aber woher denkst du, kommt das Murmeln? Kennst du das? Ja, kenn ich. Mit der Murmel so an die Wand werfen oder Ja. mit Münzen und der am nächsten dran liegt, bekommt das ganze Teil. Ja, das stimmt. Glücksspiel kann süchtig machen. Richtig. Habe ich meine Erfahrungen mitgemacht. Ernsthaft. Ja, bitte. Also so dein Auto, ja. Ich kann mir noch ganz leise, ich bin ein Abermensch. Lach nicht, ich bin ein Abermensch. Ja, glaube ich dir. So geht's mir auch. Voll lieber Abend dran als Bruno. am Ab, oder wie war das? Für die Verlosung haben wir noch $8.000 minus. Ben? Ja. Hast du mal kurz eine Minute? Ja, eine Minute habe ich für dich. Komm mal mit. Jungs und Mädels, grüß euch. Was ist denn? Hör mal zu. Mhm. Lass mein Image so, wie es ist, bitte. Sonst gibt mir niemand mehr irgendwas. Ja, aber was habe ich denn damit jetzt so Schlimmes gemacht? Was habe ich jetzt damit Ja, veranstaltet? du weißt, was ich meine. So, wenn andere dabei sind... Sag mal, was habe ich jetzt dein Image geschadet? Jetzt? Ja, jetzt gerade nicht, aber es ging gerade in die Richtung. Ich dachte schon, jetzt fängst du wieder an. Nee, warum soll ich damit anfangen? Das ist eine Sache zwischen dir. Und Ja, das war's eigentlich auch. ist es meine Sache, ja. Ja, genau. Das ist eine Nicht Sache zwischen dir. Ja, das war's auch. Ich habe mir schon mehr Gedanken Gut, gemacht. okay. Nee, ich sag's nur, ne? Nee, weil... Weißt du so, ich hasse es... Ich sag's dir einfach offen, okay? Ich Okay. hasse es, irgendwie verarscht oder angelogen zu werden. Es ist einfach so. Ja, ne? nee, ich lüge dich ja nicht an. Ich sag Ja. nur, was ich auf dem Konto habe, geht niemandem was an. Und Ich weiß, klar. Nur dann manchmal so von dir zu hören, du hättest kein Geld und dann durch meine Berechnungen, die ich dann gemacht habe, merke ich, du würdest mindestens einen Tausender haben und Tausender ist schon viel. Okay. Du würdest schon einen Tausender haben. Ja, jetzt unter uns gesagt, ja. Ja, ist mir auch egal. Nur Ja, es geht dann ich- immer darum, manchmal zu hören von dir, ja, du bist voll arm, du hast kein Geld, aber dann irgendwelche Sachen zu machen, wo man viel Ja. Geld damit investiert. Weißt du, was ich meine? Nee, weißt du, der Punkt für mich ist, solange ich nicht... Ich bin Schweizer, ich habe da ein anderes Verhältnis vielleicht zu Geld. Ja. Weißt du, wenn ich nicht 10.000, 20.000 auf dem Konto habe, bin ich arm. Ja, okay. Weißt du, wie ich meine? Ja. Solange ich nicht irgendwie eine Sicherheit habe, fühle ich mich arm. Und ich habe kein festes Einkommen, ich weiß ja nie, wie es läuft. Und solange ich von Ja. der Stütze lebe und so von der Hand in den Mund, und so ist es nun mal im Moment. Ja. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen was angespart jetzt. Ja, Aber das ist nicht, ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, wie gesagt, also hier ist es ja schon krass, wenn du, sag ich mal, 2.000, 3.000 auf dem Konto hast und ein Auto, weißt du? Ja, klar. Das ist jetzt schon hier, das wird man schon mehr oder weniger als reich hier betiteln am Anfang, ne? Deswegen, ich sag ja so, mir geht's einfach nicht darum, wie viel Geld du auf dem Konto hast. Mich interessiert auch nicht deine finanziellen Zwecke. Mir nur, was mich halt aufregt, ist dann manchmal immer dieses von dir manchmal dann zu hören, du hättest kein Geld, du bist arm, aber dann gebe ich mir mal so 20 Minuten Zeit, berechne dann alles und dann merke ich, yo, der hat doch ein bisschen Geld und er sagt mir, der hat nichts. So. Da ja, fühle ich klar. mich halt von Aber dir ich, verarscht. ja, gut, du musst das anders auffassen, ne? Ich habe ja nie gesagt so, wenn es drum ging zu zahlen, ne? Ich bin ja nicht so, dass ich nichts gönne oder irgendwie mich rumschnurr. Ja. Wenn ich solche Sprüche bringe, dann meistens, weil ich fühle mich so. Weißt Ja, du? klar, Solange ich mit der solange ich mit der Gitarre am Stadtpark stehe, fühle ich mich so. Punkt. Ja, wie gesagt, ne, man muss ja auch irgendwie dann auch von jemandem Geld bekommen, auch egal, ob du jetzt in Washington fährst oder halt auch gar nichts. Weißt Ja. du, wenn das dein Job ist, dann klar, natürlich werfen natürlich Leute auch einen Blick auf dich, wenn die sehen, yo, der fährt jetzt sowas, ne? Ja, klar. So, aber ich will, wie gesagt, ich glaube, ich bin der letzte Mensch, der dann deinen Job oder dein Image kaputt macht. Ich bin einfach dann nur einer, wenn ich dann... Ja, ist wieder ja alles gut. ja, Ich will genau. nur, dass du mich nicht falsch verstehst und ja, wie gesagt, du weißt es ja. Punkt. Ja, ciao. Wie gesagt, das ist einfach nur... Ja.
Ne? Das ist halt nur das, was ich jetzt einfach nur mir Das, so das Gedanken war ja gemacht nie hab. so gemeint, dass ich rumjammer, dass ich kein Geld habe. Ist halt einfach, ja, ich fühle mich nicht reich und ich bin nicht reich. So, weißt du? Ja, klar, nur hier in der Stadt ist das schon viel, wenn man ein Auto fährt und viel Geld auf dem Konto hat. Ist, also was heißt viel Geld? So 20, Ja, eben, das ist halt eine Definitionssache, 3.000. ne? Ja. Wenn man eine gute Karre hat und $3.000 hat, dann ist man hier schon versorgt. So, ne? Wenn man weiß, dass man noch in den nächsten Tagen noch Einnahmen kriegt, ne? So. Wie gesagt, mich interessiert ja, wie gesagt, auch nicht deine finanziellen Zwecke oder auch was, oder was, die kannst du für mir 1 Million auf dem Konto haben, nur dann immer zu hören von wegen, yo, du hättest kein Geld und dies, weißt du? Ja, ich habe also über alles jedes Mal, wenn ich das gesagt habe, haben wir über ein Haus oder über ein neues Auto und solche Sachen gesprochen und für sowas habe ich ja kein Geld, das ist ja Fakt. Ja, für ein Haus ist klar, dass du kein Geld hast. Ja, und auch für ein neues Auto nicht. Sicher? Ernsthaft jetzt, ja. Ja. Also ich habe ein bisschen was zusammen, aber ich habe auch, ich will für meine, Es ist für wichtig, die Zukunft, weißt du, ich sag's dir ehrlich, ich will auch was auf die Seite legen, um unser Geschäft dann aufzuziehen, ne? So eine Veranstaltung. Ja. Ja klar, ich sag ja so, ne, du sollst ja hier nicht, Was ist jetzt los? bei einer Karre irgendwie dann, Ben, ja? schau mal hinter dir. Ja, komm. Guten Abend. Guten Abend. Sir. Kommen Sie einmal mit auf die andere Straßenseite. Und Sie entfernen sich mal hier. Jo. Aber schnell. Ja. Oh oh. Das ist gar nicht gut. Entschuldigung? Entschuldigung? Kollege, komm. Ja, würden Sie sich bitte entfernen? Ja, ich wollte eigentlich nur nachfragen, was los ist, aber... Das geht Sie nichts an. Entfernen Sie sich bitte, ja? Okay. Ja, das ist weniger gut. Das ist gar nicht gut. Schatz, seid ihr noch da? Yes, what happened? Ja, ich glaube, der Kollege hat irgendeinen Scheiß gemacht und ist jetzt eingesackt worden. Ich weiß nicht, was er gemacht hat oder warum, weil das hat jetzt schwer nach Homeland Security ausgesehen. Also es ist jetzt eine Information, die der Bruno natürlich nicht hat, aber ich. Schnell out of character. Und das passiert normalerweise so, wenn einer irgendetwas macht, was er nicht machen sollte.
Und das geht relativ schnell auf dem Server und ich hoffe jetzt, ich habe nicht irgendetwas falsch gemacht noch. Ja. Und dann bist du relativ schnell weg und entweder, also ich weiß nicht, ob er jetzt gebannt wird oder ob er nur verwarnt wird oder ob er nur befragt wird zu jemandem anderes oder keine Ahnung, auf jeden Fall muss er jetzt auch in Support. Und so wie die Herren haben ausgesehen. Homeland Security gleich Admins. Ja. Also Support. Ben? Ja. Alles gut bei dir? Ja, ich hatte gerade, Alter, ich hatte gerade solche Kopfschmerzen. Direkt als ich mich umgedreht habe, direkt alles weg. Okay. Also meine Stimme war erstmal weg und dann war ich weg. Okay. Und was wollten die Herren in Schwarz von dir? Ich weiß es nicht. Hast du Scheiße gebaut? Nö. Was soll ich denn für eine Scheiße bauen? Ja, keine Ahnung. Die sahen jetzt nicht so, also keine Ahnung. Hast du die Nummer von denen bekommen? Nee, ich wollte die ansprechen, die haben mir nur gesagt, ich soll mich entfernen. Ja. Scheiße, ey. Weil jetzt habe ich richtig schlecht Dings da. Ist halt das Scheiße, ne? Weil jetzt will ich das klären und dann auf einmal hatte ich Kopfschmerzen gehabt, ne? Mhm. Ich hoffe, die kommen wieder. Ja, die kommen wieder. Perfekt. Einsteigen, aber ganz schnell. Aber ganz. Ja. Scheiße. Ich hoffe nur, man hat das gegen den Kacker gemacht. Das ist meistens, macht es nicht besser, dass es sich ausgeloggt bzw. das Game crasht. Crash ist ja. Nein, das bringt dir gar nichts. Die sind ganz fix wieder da. Im Gegenteil. Ich glaube, die sind nicht so erfreut gewesen. Ja, das meine ich. Gut, er hat vorher auch schon Probleme gehabt, vielleicht ist es wirklich gut gecrashed in dem Moment, aber... Scheiße, Mann. Und wo ist Sophie? Sie ist immer auf dem WC da. Ja, toll. Und wie soll ich das jetzt ausspielen, weißt du? Das ist creepy, wenn ich die Kollegen von Typen geholt wird, die sich nicht mal als Polizei vorstellen, einfach Typen mit Waffen fahren suchen und sacken ein. Der hat einen fucking Pumpgun gehabt, Mann. Ich glaube, ich rufe dann die Polizei an. Ich meine, ja, ich weiss das, aber der Bruno natürlich nicht. Ja. Willst du mich verarschen? Hat jetzt der auch so ein Cap? Und noch ein weißes Hemd dazu. Ja, komm, fick dich doch. Das haben sie mir auch geklaut. Hallo. Hi. Sophie. Wo ist Ben hin? Ja. Komm mal ein bisschen näher. Ja. Ja, ich stand eben da mit Ben. Ja. Kam ein schwarzes Auto an mit zwei Typen. Okay. Sind ausgestiegen. Haben die mitgenommen? Hatten Waffen dabei und haben den mitgenommen. Echt jetzt? Yep. Du verarschst mich jetzt auch nicht, Nee, oder? echt jetzt, ich schwör's dir. Was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir zu den Cops sollen. Nein, ich weiß nicht, ob die jetzt offiziell waren oder was das für... Also es kann auch Mafia sein oder keine Ahnung. Ja, es ist egal, was es ist. Die haben den mit... Scheiße.
Was für ein schwarzes Auto in Washington oder was anderes? Was anderes, glaube ich. Groß, klein? So eine Limousine irgendwie. Eine Kopplimousine? Keine Ahnung, wie die aussehen. Okay. Aber deine hat eine Pumpgun und Taser und keine Ahnung was alles. Also die waren schon ausgerüstet. Ne, und ich wollte fragen, was jetzt los ist. Und da meinte der nur, gehen Sie zurück. Und so, okay. Okay. Und schau mal dem Herrn seine Cap. Ist lustig, ne? Plötzlich haben die alle. Ja. Wie gesagt, wenn du mich jetzt hier verarschst. Nee, ne? echt jetzt, ich schwör's dir. Warum sollte ich die verarschen? Nee, ich weiß nicht, weil sonst wäre das sehr unlustig Ja, gerade. ich weiß. Ich würde mal sagen, wir warten mal kurz erstmal. Und dann schauen wir mal. Also ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich würde jetzt zu den Cops gehen und ich will nur wissen, ob das irgendwie was Offizielles ist mit der Also Behörde nicht, oder... Du sagst eine Pumpgun. Ja. Bist du dir absolut Ja. sicher? Der eine Typ hatte eine Pumpgun. Das hört sich jetzt aber nicht an wie Mexikaner oder sonstiges. Ja, darum meine ich ja. Ich möchte einfach kurz nachfragen gehen. Ob wir uns jetzt Sorgen machen müssen um sein Leben oder ob er irgendwie Ja, Stress warte, mit den Behörden hat. Weißt du, wie ich Ich meine? muss noch mal ganz kurz auf Toilette, dann Okay. ich komm gleich wieder da. Ja, mach nur. Entschuldigung. Die soll jetzt einfach haufen, das auszuspielen. Ich meine, logisch, die weiß auch genau, was los ist. Aber wir müssen es ja irgendwie... Ich meine, stell dir vor, im echten Leben passiert das. Du gehst auch nicht einfach, easy, ja, er fliegt vom Server. Da hast du Angst. Ah, man, hoffentlich nicht. Ich mag den Dude. Und hoffentlich ist es nicht wegen mir. Ich habe so Paras, dass ich irgendetwas falsch mache. Weil ich hatte echt keinen Bock, von diesem Server zu fliegen. Ich habe so lange gehabt, bis ich drauf bekomme. Und es macht so Spass, ganz ehrlich. Ich passe immer hure auf, dass ich nicht irgendwie Verletzungen ausspiele, dass ich... Also, alles so machen, wie man sollte. Und nichts irgendwie verwenden, was ich bei anderen gesehen habe. Und wirklich das schön alles trennen. Und wie hast du eigentlich dein Geld geschäffelt? Mit Gitarre spielen? Und Sozialhilfe? Ich hoffe nur nicht, dass er jetzt Lampen bekommt wegen meinem Stream. Weil dass sie vielleicht jetzt das Gefühl haben, er hat in meinem Stream gesehen, wie viel Geld ich habe und fragt mich jetzt so. Oder dass er irgendwie meinen Stream hat geschaut und wegen dem meine Wohnung ist ausgeräumt worden. Irgend so etwas. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es wirklich nicht. Schauen wir mal noch ganz schnell. Bin ich gemutet? Ja. Schnell bei mir auf Discord und so. Der hat doch einfach schon was angestellt. Ja, ich hoffe es. Aber es passiert aber auch hure schnell. Es passiert hure schnell. Ich meine, du musst nur irgendwie Stegen runterfallen und vergessen, dass du den Fuß kaputt hast und wieder säckeln. Und dann hast du ein Problem. Oder irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, irgendwelches Wissen verwenden, das du nicht solltest haben, weil du es irgendwo anders gesehen hast. Oder, ich meine, es kann ja mal passieren, wenn du bei anderen noch Streams schaust, dass dir dann etwas einfließt, wo meinst, dass die Figur das schon weiss. Ah, scheiße, Mann.
Sophie soll mal wieder kommen. Ich hoffe einfach nicht, dass er war, der irgendwie meine Wohnung hat ausgeräumt und jetzt über die Mexikaner das Zeug wieder geschafft hat, so wie da vorher im Chat ist gemutmaßt worden. Also das würde Bruno nie denken, weil der Bruno vertraut ihm, der Bruno hat ihn gern. Aber es kann ja sein, es kann ja alles sein, das ist Roleplay, ich meine. Darfst du überhaupt Schweizerdeutsch reden auf dem Server? Das verstehe ich auch nicht. Ich habe nie etwas gelesen, dass ich das nicht darf. Mit anderen Schweizern. Wir reden ja meistens, wenn andere dabei sind, reden wir Hochdeutsch. Und in meinem Stream kann ich auch reden, wie ich will. Also das hat mit dem zu tun. Wenn sie es nicht versteht, und das ist nicht mein Problem, weißt du, was ich meine? Ich muss ja auch nicht streamen. Und mit den anderen Figuren, weiß nicht, also eben mit dem Kendrick rede ich Schweizerdeutsch und dem seine Mutter ist Schweizerin gewesen, darum können wir untereinander reden, Schweizerdeutsch. Und ich denke, das ist von der Story her okay, ich weiß es nicht. Und... jetzt. Was jetzt? Was jetzt? Kann man noch mehr? Easy, okay. Jetzt sagt gleich easy. Ja, sorry! Ja, keine Ahnung. Übrigens noch merci für deine Donation. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, wenn ich am merci gesagt habe. Du bist ein Schätzel. Oh Mann. Hat sich irgendwas getan? Wie? Hat sich irgendwas getan? Nö, gar nichts. Ja, was machen wir jetzt? Ja, wollen wir kurz zum PD? Ja, kannst du mich hinfahren? Klar. Ja, weil kommen wir jetzt anders nicht hin, dann müssen wir halt mal nachfragen. Ja. Weil, aber wenn du sagst sowas wie Pumpgun, ne, das hört sich wie gesagt nicht nach Mexikanern oder sonstigem an. Ja, ich weiß, aber ich weiß ja nicht, was sonst noch für Leute in dieser großen Stadt sind, ne? Ich möchte ich möchte nur mal nachfragen. Ja, wenn das höhere Behörden sind, dann okay, aber... Ich kann mir gerade irgendwie nichts anderes vorstellen. Ja, ich mach mir halt Sorgen. Wenn du sagst, so schwarzen Auto und so. Ja, naja, wir fahren zum PD und fragen mal nach. Okay. Scheiße, Mann. Das wär's jetzt noch, ne? Ja. Ist offen. So. Scheiße, Mann. Oh Mann. Was für eine Nacht. Ich hab grad echt ein bisschen Angst, ne? Ja, ich auch. Wenn dann mit solchen Geschützen ankommen. Ja, ich weiß halt nicht, ob das wirklich irgendwie die Behörden oder... Ja, aber Mafia? Gibt's ja eine Mafia? Ich habe keine Ahnung, aber es ist eine Millionenstadt, ne? Kann alles sein. Ja, klar. Ich meine, aber ich habe halt noch nie sowas gehört, deswegen... Kein Schimmer. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, die Polizei sollte das wissen, ne? Ach, scheiße, echt. Puh. Das ist nicht... Ich hoffe nur nicht, dass irgendwie da wegen dem Gras. Glaube ich nicht, keine Ahnung. Warum Gras? Ich meine, dafür gibt es Strafen. Ja klar, aber wo hat er das Gras plötzlich her so viel? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, ich habe keinen Schimmer. Keine Ahnung. Nothing can stop me, I'm all the way up. Merci viel mal, Kai. Dankeschön, merci fürs Follow.
Kuss geht raus. Ah, scheiße, Mann. Ja, das ist dezent scheiße. Nee, im Moment läuft echt nicht, ne? Nee, der Tag heute ist echt zum Wegwerfen. Und weißt du eigentlich, was mit Emma los ist? Nee, keine Ahnung. Okay. Ich hab die schon, wie gesagt, ich hab sie ja nur mit dem Stadtpark gesehen. Und sonst nicht. Wann? Weiß ja nicht. Heute? Nee, vor ein paar Tagen. Oder Okay. 2 oder 3, keine Ahnung. Ist auch irgendwie komisch drauf. Echt? Mhm. Darf ich mal sagen, seid ihr näher bekannt irgendwie? Nö, oder? nö. Achso, Also ich nicht weiß nicht näher als du und ich. Okay, alles klar, kommt nach dir. Ja, okay. Dann anderer Eingang. Ja. Nö. Ja, hä? Und hier? Gar nicht. Was ist denn los? Die- Ah. Ah, Mann. Willst du fragen oder soll ich? Ich frage. Okay. Aber sei vorsichtig, wie du fragst, ne? Ja, aber was soll ich da jetzt fragen? Ich meine, ich kann ja nur sagen, was passiert ist. Oder Ja. du sagst nur, weil ich hab's nicht gesehen, am besser du sagst es Ja, ja, weil ich denke ich hab's auch. nicht. Ich denke auch. Ja, nur nicht, dass wir da auch irgendwie Stress kriegen. Ah, Mann. Hast du noch den Schlüssel von seinem Auto? Nee, eben hab ich nicht mehr. Scheiße. Naja, also, das ist halt gerade sehr komisch. Ja. Nee, aber die Karre steht ja am Stadtpark, ne? Nur nicht, dass die dann abgeschleppt wird. Ja, aber es ist halt mal die Frage, was jetzt überhaupt los Ja, ist. klar. Ne? Ah, scheiße, Mann. Einen wunderschönen. Wie kann man Ihnen helfen? Guten Abend. Hallo. Ja, ich hätte eine kleine Frage. Ja. Wir waren eben am Stadtpark mit einem Freund von uns. Und dann kam ein Auto an mit 2 bewaffneten Herren und hat den mitgenommen. Und jetzt... Jetzt eben? Ja, gerade Ja. eben. Jetzt, Warum haben Sie nicht den Notruf angerufen? ja, Wir ich waren hatte... das ein bisschen Angst. Ja, Okay. Was sah das Auto aus? Sie haben gesagt schwarz. Was für ein Modell? schwarz, ich kann es nicht sagen, in einer Limousine. Limousine. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie eine Gang war oder, also von den Waffen her könnte das auch irgendwie was Offizielles gewesen sein. Darum, ich weiß nicht. Einen Moment. Die soll das jetzt schnell, ich will nicht noch mehr drauf eingehen. Am Schluss wird noch nach Homeland Security ermittelt. Gut, naja, aber das weiß ja der Bruno nicht. Aber könnte ja sein. Jetzt haben wir gerade 9 Stunden geschafft.
Okay. Oh Mann. Hm. So, kommen Sie mal schnell mit, bitte. Jo. Beide? Ich nehm's an. Jo. So, Oh. Informationen brauche ich jetzt. Sie haben gesehen, wie jemand gegen seinen Willen in ein Fahrzeug gepackt wurde, ja? Mhm. Wo ist es gewesen? Am Stadtpark? Im Stadtpark, ja. Vor Wie der viele Bank. Personen? 2 Personen, bewaffnet mit Shotgun und Taser. Mit Shotgun Ja. und Taser. Ja. 2 Personen. Schwarz, Wie waren die gekleidet? Schwarzes Auto, schwarze Kleider. Okay. Wo sind die hingefahren? In welche Richtung? Ich stand vor der Bank da. Ja. Und dann fuhren sie nach rechts, glaube ich. Ja, okay. Alles klar, weiß ich Bescheid. Okay. Wie sah die Person aus, die eingepackt wurde? Was hatte der? Ein schwarz-goldener Pulli an. Genau, so einen ganz großen Aufdruck, schwarz-goldene, graue Hose, graue Schuhe. Graue Undercut. Hose, graue Schuhe. Wie hieß die Marke? Broken, ne? Ja, Graue genau. Schuhe, Sidecut, ja? Ja. Undercut, nicht so. Undercut, okay. Ja, Eher helle helle Hautfarbe. Haare? Ein helles Braun mit dunklem Braun, so ein bisschen gesträhnt. Alles klar. Und halt von der Hautfarbe hell. Also du, Recht Sophie, hell. du weißt ja auch, wie er heißt, oder? Ja, ja, klar. Wie ist der Name? Ben Kosowski. Ja, alles klar. In Ordnung. Hast du noch irgendwelche Fragen, Kollegin? Also negativ. 2 Bewaffnete mit Taser und verfickte Scheiße. 2 Personen, schwarzes Auto, schwarze Kleidung. Stadtpark Richtung Mission Row. Eingepackte Person, schwarz-goldener Pullover, graue Hose, graue Schuhe, Undercut, helles Braun mit hellem... Genau. Helles Braun mit hellem Braun gesträhnt. Nein, dunkelbraun. Dunkles Helles Braun. Dunkles Braun mit hellem Braun gesträhnt und der Name Ja. war Ben Koslowski. Koswowski. Okay. Was soll ich so buchstabieren? Ich weiß. Koslowski. So. Ja. Und wer sind Sie? Bruno Moser. Bruno Moser. Der Gitarrenspieler. Sophie Stark. Mit F oder PH? PH und IE. Und Stark. Genau. S-T-A-R-K. Genau. Alles klar. In Ordnung. Wunderbar. Darf ich noch fragen, Okay. wie Ihr Name ist? PD74? Ja, okay. Alles klar. Gamble. Freut Wenn mich. Sie den Namen auch wissen wollen. Ja, ja, okay. Nee, Okay. einfach, dass ich irgendwie eine Bezugsperson habe, wenn ich nachfragen möchte. Alles gut. Weil ich mache mir Also- echt ein bisschen Sorgen jetzt. Ja. Ist es ein Freund von ihm? Wie stehen Sie zu ihm? Sehr guter Freund ja. eigentlich. In Ordnung. Also ich hab's also nicht gesehen, ich war gerade auf Toilette, deswegen. Ich verstehe. Alles Und klar. ich wollte auch noch bei den Herren nachfragen, die meinten nur, ich soll mich sofort entfernen. Ja. Okay, weiß ich Bescheid. Okay, wir machen Großwarnung. Los, wir müssen Okay. los. Wir müssen jetzt Jo, Jalla machen. Danke. Wow, Oh, puh. Uiuiui. das hat jetzt nicht so geklingt, als ob es offiziell wäre. Naja, wie gesagt, ne, Ich keine weiß Ahnung. nicht, ob die sich absprechen halt oder nicht, oder keine Ahnung. Oh, ganz ehrlich, ich will's eigentlich gar nicht wissen. Oh, nee, mein Puls ist gerade sonst wo. Jo, meine auch. Und das Adrenalin auch. Ich dachte jetzt ganz ehrlich, erst du verarschst mich irgendwie. Nee. Ja, Entschuldigung, das Ja. war jetzt gerade irgendwie so unwirklich. Ja, klar. Und es ging auch extrem schnell, ne? Vor allem, ich frage mich halt, wieso nehmen die... Oh Gott. Das waren ein paar Sekunden, die sind hingefahren, eingesackt und weg. Ja. Puh. Boah, können wir kurz mal zum Auto gehen? Ich muss was essen, Ja, sonst ja, klar, kippe ich klar. gleich um. Alles klar. Malo, du hast so einiges verpasst. So einiges. Weil wie du siehst, ich habe mein Cap wieder. Kopf, Dummy.
Ich glaube das gerade alles so gar nicht. Ja. Das, ich denke mir gerade, ich wach gleich auf und das ist ein böser Traum. Mhm. Oh. Ich glaube, wir setzen uns also erstmal kurz einfach nur ins Auto. Ja. Aber ich würde ein paar Meter wegfahren hier. Ja, alles klar, alles klar. Ich nehme mir eben noch was zu essen. Mhm. Brauchst du auch was? Nee, ich habe vorhin eingekauft. Okay. Alles gut. Kannst du mir mal aufmachen? Nee. Ja, warte. Nee, ich muss kurz auf Toilette. Alles gut, Okay. alles gut. Fällt mir mal 2 Stunden und nachher so etwas. Eieieiei. Ja, ihr habt gesagt, heute ist Action. Es wird immer krasser. Das ist im Roleplay, es wird immer krasser. Es gibt zwar immer wieder Folgen, wo nichts passiert, aber umso länger du games, umso mehr games, umso heftiger wird's. Storytechnisch ist das immer so. Du lernst mehr Leute kennen, es verwickelt sich hier und da und bla bla bla. Und dann macht es zack. Das ist eben schon geil. Das ist das, was ich liebe dran. Aber ich habe einfach immer Angst, ich habe Paras, dass einfach plötzlich hier ein schwarzes Auto zufährt und mich einsackt. Ich bin jetzt hier bis um 4 Uhr. Nice. Einer, der mit mir durchzieht. Noch 3 Stunden. Hey, nur noch 3 Stunden. Ja, vielleicht ziehe ich den noch ein bisschen länger. Sag ich mir in die Hose, ist mir gleich. Kannst im Fall auf dem Handy schauen. So, vielleicht noch etwas mitnehmen. Weißt du was, wir spielen jetzt einen Song für eine Band. Für eine Band spielen wir jetzt einen Song. In der Hoffnung, dass er etwas bringt. Jetzt habe ich jedes Mal Angst, wenn das Auto kommt. Ich schwöre nichts. Vor allem das Schwarzes, wie das jetzt geht. Ja, ich sage mal so, grundlos nehmen sie keinen mit. Aber was passiert ist, keine Ahnung.
jetzt nicht wegschalten. Oh. Jetzt nicht zum Kopf umschalten, bitte. Hier bleiben. Scheiße. Ja, das Ding ist halt, es ist aber auch nicht die Polizei, weil die wissen nichts davon. Wahrscheinlich ist es Homeland Security beziehungsweise Support, also Admins vom Server. Die kommen eigentlich nur, wenn Scheiße baust. Und wenn die kommen, ist es meistens nicht mehr so gut. Aber das weiss ja der Bruno nicht. Und der Bruno hat sich Sorgen gemacht, darum ist er jetzt bei den Cops gefragt. Und lustigerweise haben die jetzt auch nicht so da, als wüssten sie etwas davon, dass einer eingesackt wird heute. Ich weiss auch nicht, ob sich die miteinander absprechen, keine Ahnung. Also ich weiss jetzt nicht, ist es wirklich Support oder es hat zwar schwer so ausgesehen, aber was wirklich ist, keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, was er gemacht haben. Aber schon geil. Ja, es ist halt hure geil gelöst. Ich meine, schon die Einreise ist geil gemacht mit dem Einreisegespräch. Du fliegst her und dann hast du ein Einreisegespräch. Und das ist eigentlich so zum... Normalerweise auf solchen Server wird immer vorher irgendwie auf Teamspeak geschaut, ist dein Mikrofon gut und alles und blablabla. Und das passiert halt hier alles schon in-game mit der Einreisebehörde, wo entscheidet, lasse ich die wirklich rein oder nicht. Es ist halt alles in-game gelöst auf dem Server. Also fast alles, es hat seine Grenzen, klar. Aber es ist halt nicht einfach, dass plötzlich puff, bist weg, sondern sie kommen und sacken die Knast und dann hast du dein Supportgespräch. Und wenn jetzt irgendwie etwas danach, dann gibt es noch Gerichtsverhandlung und bla bla. Also es wird möglichst Ausgänge in-game gelöst. Es ist wirklich sehr geil. Und darum habe ich immer Angst, dass irgendetwas, weil es passiert so schnell, ganz ehrlich. Es passiert so schnell, dass irgendetwas, in dem Fall eine Polizei eingesagt. Nein, eben, Polizisten sind safe nicht gesehen, aber es kann sein, dass es Homeland Security war, also die Admins, es hat schwer nach denen ausgesehen. Etwas höheres als Polizei, genau. Aber das weiss der Bruno nicht. Der Bruno hat nur 2 Typen gesehen, die schwarz angelegt sind und eine schwarze Karre fahren und Pumpguns und Taser und weiss nicht was alles dabei hatten. Die haben ihn eingesackt und tschüss. Also es kann Mafia sein, es kann eine Gang sein, aber es hat halt auch offiziell ausgesehen, irgendwo durch. Und darum sind wir jetzt gefragt bei den Cops. Aber so wie die reagiert haben, von wegen Grossfunding und Zeug und Geschichten, macht sich jetzt der Bruno umso mehr Sorgen. Weil das hat nicht so getönt, als wäre es offiziell gewesen. Aber ich weiss halt nicht, ob Homeland Security mit der Polizei abspricht, wer sie einsackt und wer nicht. Darf man hier etwas vom anderen Stream schreiben? Nein. Okay, aber ich habe mich mal informiert, man kann sich ja auch als illegal einreisen lassen etc. Aber ist ja schon mega schwierig, um überhaupt an eine Waffe etc. ranzukommen. Ja, du kannst schon illegal einreisen, das ist so. Aber er ist einfach, glaube ich, auch kein Ausweis. Und allein das ist schon eine Straftat. Und wenn du illegal einreist, dann hast du mit den Schleuser zu tun und auch die schauen, ob dein Mikrofon gut ist. Weißt du, was ich meine? Es kann sein, bei Einreisen mit diesen Schleusern, die sind gefährlich. Dann kann sein, dass mal einer vom Boot geht. Du weißt, was ich meine. Dann wird es dann so geregelt. Also die ganzen Crime-Charakter, die Bösewichte auf dem Server, die reisen natürlich nicht legal ein. Ist ja logisch. Und Gefäschu, wegen
etwas von einem anderen Stream schreiben. Aber nein, lieber nicht, weil ich darf es ja eh nicht verwenden. Schon geil gemacht, ich wäre glaube fix einer von denen. Ja, bewirb dich, komm mal. Ist einfach, im Moment haben sie mehrere, ich glaube, irgendetwas, was ich gelesen habe, sind 19'000 Bewerbungen oder so, sie auf dem Tisch haben im Moment. Das ist sick. Es sind auch so viele grosse Streamer auf dem Server. Jeder Zweite, der hier begegnet hat, schaut irgendwie mehrere tausend Leute zu. Es ist schon heftig. Also ja, huere Schwenk gehabt und auch der Castle, dass wir überhaupt hier drauf kommen. Es ist wirklich sehr geil gemacht aus. Ja, haben schon 2 zugeschaut, die auf dem Server sind, finde ich aber mega nice. Ja, nein, ist wirklich, ich liebe es. Also wirklich. Ich bin, alles was ich bis jetzt an Roleplay schon aber gesehen auf anderen Server, habe ich immer so hure cringe gefunden irgendwie. Und hier finde ich es wirklich geil gemacht. Gönne ich euch, ihr seid ein saugeiles Team, auch ein bisschen mit Ironie. So finde ich wirklich mega. Hey, merci vielmals, Malo. Ich hoffe, nur wir haben nichts falsch gemacht. Weil es natürlich auch hure gefährlich war. Aber wir haben uns nicht abgesprochen, wenn, wie, wo, was. Wir haben gesagt, klar, wir bekommen voneinander mit, wenn wir streamen und so, ist logisch, wenn wir einander kennen. Aber wir haben nichts abgemacht, hey, wir treffen uns dann und dann dort und dort. Wir haben es wirklich per Zufall am Strand lernen kennen. Also es hat gut können sein, dass es noch 2 Wochen geht, bis wir, wo wir wirklich gesagt haben, wir machen nichts ab, wir treffen einander einfach irgendwo oder der auch nicht. Und wirklich per Zufall bin ich dann am Strand Gitarre spielen, wie ich es immer mache, und er ist Köder sammeln und irgendwie so haben wir uns getroffen. Klar haben wir einander ein bisschen schneller auch vertraut als jetzt irgendjemand anderes. Aber das liegt halt auch daran, dass er Schweizerdeutsch redet und... Hey. Hey. Lenkst du dich ein bisschen ab? Ja, ich hab irgendwie... Keine Ahnung. Kam jetzt irgendwie schon jemand? Nee, wahrscheinlich nicht. Das wäre jetzt ein bisschen komisch, okay. Hoffentlich finden sie ihn oder so. Ja, ich hoff's. Aber das macht mir jetzt ehrlich gesagt noch mehr Sorgen, ne? Ja, Entschuldigung, hat ein bisschen länger gedauert. Ich musste erst mal ein bisschen runterkommen. Ah, nee, alles gut. Nee, ich dachte nur, ich meine wegen der Polizei, ne? Wie die reagiert haben. Ja. Weißt, keine Ahnung, ey. Ich sag mal so, mir wäre es lieber gewesen, die hätten jetzt gesagt, ja, alles klar, ist was Staatliches, ne? Weißt du, wie ich meine? Das wäre auch scheiße, aber dann weiß ich, was los ist. Dann hat er wie gesagt, wir können ja eh nicht viel jetzt machen. Ja, ne? ja. Nur abwarten und Kaffee oder Tee trinken. Ja. Dumm gesagt. Apropos, willst du einen Tee? Ja, gerne. Immer. Also, warte. Also, ich weiß halt nicht, das ist von dem Typen, der heute im Backstage war. Aber... Ja, wird schon okay sein. Okay. Na dann hier. Gönn dir. Danke sehr. Aber die haben dir jetzt nichts weiter irgendwie gesagt, oder? Nö, nicht, dass dir noch was einfällt, ich oder? bin nur hier gestanden. Nur, dass du halt weggehen sollst, oder wie? Ja. Also ich meine jetzt vorhin am Ja. Also es war so, die kamen eigentlich zweimal. Weil ich stand da mit Ben, du gingst aufs Klo. Ja. Und wir haben uns unterhalten noch wegen Geld und so, wie vorhin. Und dann, plötzlich kamen die und meinten, ich soll mich entfernen, auf Abstand gehen. Habe ich dann gemacht. Und dann hat der Ben plötzlich, musste er auch ganz, ganz schnell aufs Klo, glaube ich. Okay. Dann sind die wieder ins Auto gestiegen. Ich habe noch gefragt, was los ist. Die meinten, hauen sie ab. Dann sind die weggefahren, dann kam Ben zurück und ich fragte ihn, hey, was ist los, hast du Scheiße gebaut? Er meinte, ja, nö, keine Ahnung. Und dann kamen die auch schon wieder hingefahren, meinten, hey, einsteigen, sofort jetzt. Und das war's. Also ich bin auf der einen Seite bin ich froh, dass ich es nicht mitbekommen habe. Ne? Ich glaube, ich hätte mir eine neue Hose kaufen müssen. Oh, scheiße.
So, bin ich ganz ehrlich. So, nee. Ja, alles gut. Ich will mit so einem Scheiß nichts zu tun haben. Was auch immer es ist. Keine Ahnung. Ich bin auch ganz ehrlich, wenn da irgendeine Scheiße läuft, dann. Nee. Geht gar nicht. Ja. Will ich auch nichts mit zu tun haben, ne? Aber mach mir halt Sorgen, ne? Ja, klar. Ja, ich sag mal so, das Illegalste, was ich mache, ist, dass ich ab und zu mal einen rauch. Und das war's auch, ne? Ja, ich weiß. Ach, scheiße, Mann. Wie gesagt, also. Ach, ich weiß nicht. Wie gesagt, auf einer Seite hoffe ich, dass ich ihn finden. Auf der anderen Seite denke ich mir, oh ja, was ist so schlimm, dass solche Leute kommen und dich mitnehmen, ne? Ja, und ich meine, der Cop meinte, die machen eine Großfahndung. Ja. Wenn dann irgendeine richtig verfickten Scheiße drin ist, dann war's das ja, aber auch. Aber das macht mir echt so Sorgen, dass die Cops jetzt Ja, eine Großfahndung klar. ausrufen, Ja, klar. ne? Aber dann setze ich da aber auch einen Schlussstrich, weil ich habe ja gesagt, mit so einer Scheiße will ich nichts zu tun haben. Ja. Ja, wie steht ihr eigentlich zueinander? Jetzt mal unter uns. Das ist halt, ne. Naja, es ist so, wir mögen uns, aber wir haben beide gesagt, wir lassen uns Zeit damit. Okay. Das ist halt mal von Anfang an so gewesen, weil ich sag mal, sowas sind halt immer große Sachen dann. Okay, ja klar. Hey, hörst du auch die ganze Zeit ein Räuspern? Nee. Warte mal. Nicht, dass da irgendwo jemand sitzt und uns belauscht. Ja. Naja, Ben ist halt kompliziert. Komplizierter Mensch. Ich glaube, ihm würde das jetzt nicht so gefallen, wenn ich da jetzt so drüber rede. Ja, ist klar, kein Problem. Aber wie gesagt, wir haben vornherein gesagt, wenn, dann lassen wir uns da wirklich Zeit für und gucken, ob das überhaupt passt. Ja. Ich sag mal so, nach einer Woche jetzt zu sagen, ja, man ist zusammen, das ist schon ein bisschen übertrieben oder so. Ja, klar. Aber selbst nach 2 Wochen ist das manchmal ein bisschen sehr schnell. Klar. Klar, gibt auch Leute, die heiraten nach 4 Wochen, aber da rühre ich nicht dazu. Ja, das sage ich auch nichts dazu. Ich will mit 30 heiraten. Ja, bist du jetzt? Ich werde 24. Ja, also hast du ja noch Zeit. Richtig. Nee, aber ich glaube, das ist so eine Sache, wo ich dann wirklich sagen würde, Ben, tut mir leid, aber so eine Scheiße will ich nichts zu tun haben. Ja. Ja, same. Also wenn er mich braucht, bin ich da, aber sobald Ja, sowas aber, ist, also ja, es muss ja schon krass sein, ne? Mhm. Ich meine, hey, der Typ hatte eine fucking Pumpgun und der hatte sie in der Hand, nicht irgendwie... Ja. Weißt du, wie ich meine? Der Also, ist ausgestiegen, ging zum Kofferraum und hat sie rausgeholt. Am Anschlag. Weißt du, wie ich meine? Ich will nicht drüber nachdenken, bitte. Ich krieg Angst sorry. von sowas. Ich meine, so ein bisschen Gras und so und solche Sachen, ja, meinetwegen, Ja. aber ne? Ist alles sowieso grenzwertig. Ja, klar. Oh. Ah, scheiße, Mann, echt. Ich schau mal, ob mein Mitbewohner noch wach ist. Ja.
geht nicht dran. Oh Mann, wollte mal den Tee noch trinken. Soll ich mal versuchen, Ben anzurufen? Kannst du versuchen, aber... Keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Nicht das... Ich will nicht drüber nachdenken. Ja. Da geht nicht ran. Würde ich in der Situation definitiv auch nicht. Ja klar, ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Du weißt ja nicht, was die mit dem machen. Also, Ja, ich will einfach nichts unversucht lassen, ne? Ja, ich will einfach nicht drüber nachdenken. Ja. Kleine Side-Fact am Rand. Wollt ihr mal schauen, wie mein Hund pennt, geht auf dem Sofa. So hat man's. Scheint bequem zu sein, ja? Sorry, dass ich gerade so ruhig bin. Ja, alles gut. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Chat, seid ihr noch wach? Seid ihr auch voll im Roleplay und fühlt ihr mit? Was für eine Frage. Das andere aktiv. Ja, jetzt ziehen wir durch. Jetzt ist nur noch... Ich hoffe einfach, dass hier nichts passiert ist. So. Ja, ich hoffe auch. Weil die ganzen Szenarien in meinem Kopf. Ja, mach dich nicht verrückt jetzt, ne? Und das ist gar nicht so einfach. Ja, ich weiß. Mir geht's nicht anders. Ah, Mann. Ich meine, die Sachen, die in den vergangenen letzten paar Tagen schon passiert ist, und jetzt so. Oh Gott. Ja, ist der Scheißabend. Scheiß Woche. Ja, das kann man so sagen. Wie geht's deinem Bein? Ja, ist alles gut, Gott sei Dank. Okay. Ist schon geil. Ey, ich mal mir schon das Schlimmste aus. Nee, mach das jetzt nicht. Du machst dich nur selber verrückt, ne? Ja, ich weiß. Wollen wir irgendwo anders hinfahren? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Weißt du was? Können wir zum Pier fahren? Können wir machen. Willst du fahren? Was wissen? Nee. Okay. Nicht danke.
Ich rauche noch eben zu Ende. Ja, ja, klar. Ich finde nur das Wasser sehr beruhigend, deswegen. Ja, ich auch. Habe ja noch die Gitarre dabei und spiele ich uns noch was. Aber bitte nicht den. Nee. Blase. Entschuldigung. Ja, aber Ben wäre der Erste. Du weißt, was ich meine. Ich weiß. Ach Mann, scheiße. Ja, ist halt echt so. Ja, markier mir mal im Navi, wo du hin willst. Ja, ja, klar. Moment. Gib mal her. Wir sind ja gleich in der Nähe. Ja. Einfach einmal runter. Ah, okay. Weißt du eigentlich, ist das Riesenrad, läuft das? Man kommt nicht drauf, soweit ich das weiß. So ist es unten abgeschlossen. Ah, okay. Ich meine, du kannst bestimmt auch so drauf klettern, aber würde ich nicht unbedingt empfehlen, ja, ne? Nee. Besser anhalten vom PD. Nee. Wenn du das irgendjemand erzählst, der glaubt dir das ja nicht, ne? Ja, klar. Ja, ich glaube, das ist niemand auch anders besser. gesehen, oder was? Ich glaube nicht. Oh Mann. Ich glaube, das ist auch besser, wenn wir das für uns behalten, ne? Ja, erstmal mal schauen, was rauskommt. Ich hoffe, dass sie ihn finden. Was hat er gesagt? PD 74, ne? Ja, irgendwas mit 70, auf jeden Fall. Scheiße, den Namen habe ich vergessen. Ja, ist egal. Warte, Gamble. Gamble, genau. Ja, Glücksspiel. Ja, stimmt. Das passt ja zu Ben. Mhm. So kann ich mir das... Ja, nee, aber so kann ich mir das merken. Oh. So. Entschuldigung. Ja, bist du voreilig. Alles gut. Könnt ihr einmal hinter auf dem Pier richtig runterlaufen? Ja, zum Wasser? klar. Soll ich die Gitarre mitnehmen? Ja, nimm sie mit. Okay. Ja, ui. Na gut, ich habe abgeschlossen. Ja, so. Ja. Scheiße. Falsche Taste. Upsi. Darum hat der Bruno keine Waffe. Das kommt nicht gut. Puh, ups. Irgendwann möchte ich unbedingt Riesenrad fahren. Ja, wäre cool, wenn das Ding mal offen ist. Hm. Stimmt, eine gute Aussicht von dort oben. Ja, Oder mit der Achterbahn, das wäre auch was. das wäre auch cool, ja. Bist du Achterbahn-Typ? Ja, nicht zu oft, sag ich mal. So 1, 2 Fahrten, Ja. dann wird mir übel, aber Oh, diese so 1, 2 das Fahrten, Problem. die feiere ich. Ich bin immer wahnsinnig gerne Achterbahn gefahren. Ganz am Anfang hatte ich immer Angst vor den Loopings, aber so nach den ersten paar Mal ging's, dann warst du noch voll. Okay. Ja, das Problem ist einfach nur, dass ich Höhenangst habe. Also wenn da so eine Achterbahn ist, die so erst so richtig steil hochgeht, Ja. das ist ganz schlimm für Ah, mich. scheiße. Ja, du kommst ja auch aus Florida, ne?
Ja. Warst du auch schon mal in den ganzen Parks da in Orlando? Ja, Mama, als Kind oft. Okay. Also, oft unterwegs. Alles klar. Ja, mein Vater mag das auch sehr, deswegen. Ah, nice. Aber bitte nicht vorne ins Wasser springen. Es ist letztens schon einer sich den Kopf aufgeschlagen. Nee. Und wenn dann eher von weiter unten, nicht so weit oben. Ich glaube, ich war noch gar nie da vorne. Nicht? Nee. Oh, ach so. Okay, dann siehst du das heute mal zum ersten Mal. Weiß ich noch, den zweiten Abend, als ich Ben kannte, waren wir da vorne, weil da ist er abgereist. Okay. Da haben die sich alle verabschiedet und noch so ein bisschen Party gemacht. Wie nennt man das? Den Pier der Wahrheit. Pier der Wahrheit. Da darf nur die Wahrheit gesprochen werden. Okay. Das mache ich sowieso immer. Ist echt sicher? Ja, ich glaube schon. Ich habe nicht Nachweisen groß was... könnte man es hier eh nicht. Ja, ich habe auch nichts zu verheimlichen. Ich wüsste nicht, wieso. Nicht. Wieder in Washington? Nein, Spaß. Ja, habe ich dir nicht erzählt, wie ich den bekommen habe? Doch, aber ist das die Wahrheit? Ja, klar. Ich kann dir sogar... Geht's hier runter? Ah, Ja. okay, da kommt noch eine Treppe. Dachtest du, das war's schon? Ja, weiß ja nicht. Komm dann mal mit. Zeig dir was. Willst du schießt sie mich? Maloruf! Hör auf! Ah, heute nicht Keine nach... Angst, ich will dich nicht umbringen, auch wenn es unheimlich aussieht. Alles gut, alles gut. Ich vertraue dir. Ob das so gut ist, ne, Spaß. Leitern und so, ne? Auf. Vorsicht, ne? Eieieiei. Boah, ich hasse Leitern, ne? Aber man sieht das Riesenrad so geil hier. Es sieht echt geil aus. Ah, und wenn da eine große Welle kommt? Ach, nö, ist noch nicht passiert. Ich war hier schon ein paar Mal. Okay, Und mit Ben schon hier. okay. Die Dinger schwimmen auch, ne? Ja, Ist okay. genau. Ah. Das ist ein geiler Platz, muss ich sagen. Ja, finde ich. Vor allem, wenn die Sonne aufgeht. Ich habe da letztens Fotos hier gemacht. Das sieht richtig mega aus. Ja, kann ich mir vorstellen. Weil die Sonne geht genau hier drüben auf. Ah, geil. Mhm. Yes, for your tag. Ach ja. Ja komm, so ein geiler... Hast du eigentlich deine Kamera dabei? Ja, immer. Ja, so ein geiler Spot. Komm, da mach ich... Kannst du damit auch filmen? Nee, leider nicht. Okay, aber machst du ein paar Bilder von mir, wenn ich hier was spiele? Mit dem Hintergrund. Ja, klar. Es ist zwar relativ dunkel, aber klar kann man machen. Ja, wenn du das hinkriegst? Nö, immer. Okay. Muss mich nur ein bisschen komisch hinstellen, also nicht wundern. Ja. Muss mir halt sagen, wie ich mich hinstellen soll, ne? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Kannst du ein Stückchen weiter nach rechts stellen? Ja. Also von mir aus oder von dir? Nee, von mir aus. Also so. Ja. Okay. Gut so? Ja.
Und, hast was hinbekommen? Ja. Moment. Ich habe nur gerade noch kurz überlegt, ob ich noch was mache oder nicht. So, Aber nee. soll ich alles noch gut mal? sein. Okay. Nein, alles gut. Nee, aber wenn du noch mal Bilder willst, müssen wir mal herkommen, weil wenn Sonnenauf- oder Untergang ist, sieht halt auch ein bisschen besser aus. Ja, Sonnenaufgang eher wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Weil genau. Untergang ist ja da hinten, ne? Oh, stimmt. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Alles gut. Das war deine Nase, ne? Ja. Entschuldigung. Ich bin's gewohnt. Kein Stück. Ja, aber es war sanft. Ich hab dich nur gestreift, ne? Ja. Okay. Entschuldigung. Alles gut. Ach, Mann. Ja, aber Sonnenaufgang ist so 6, 7 Uhr. Ich sag's nur. Okay. Also, ne? Muss man lange wach bleiben. Ja. Gut, ob ich heute noch schlafen kann, ich weiß nicht, ne? Ja, das ist halt... Ich kann ja auch versuchen anzurufen. Was? Na, ich rufe einfach Ben nochmal an, was weiß ich. Ja, versuch's mal. Nicht, dass ich immer noch in Schwierigkeiten damit bringe. Ich blicke wieder auf, wenn die das hören. Stimmt. Oder schreib ihm doch mal irgendwie. Vielleicht kann er ja schreiben. Bitte sagt mir, dass Entschuldigung, das war... Alles gut. Bitte sagt mir, dass jemand einen Clip gemacht hat vorher. Es sieht so geil aus hier. Das habe ich echt gemeint mit... Oh, ja, ja. So, noch 2,5 Stunden. Kann ich mir bei dir eine schnorren mal zufälligerweise? Ja klar, ich dachte nur, du rauchst nicht. Mhm. Heute schon, ne? Ja, heute schon. Aber nicht, dass du jetzt anfängst, ne? Nee, das ist nur wirklich extremer Stress. Dann Okay. eventuell mal, ne? Hier, gerne. Danke. Brauchst du Feuer? Nee, hab selber. Danke. Das ist die dritte, seitdem ich hier bin. Daher, das geht schon. Wie lange bist du eigentlich hier? Na knapp, also einen Monat ungefähr jetzt. Okay. Ja, ungefähr gleich wie ich wahrscheinlich. Ja, also ich bin ganz genau am 9.7. Das weiß ich noch. Boah, das wüsste ich nicht mehr. Steht auf deinem Reisepass. Steht das wenn du drauf? einen hast. Ja. Ah, muss ich nachher mal nachgucken. Ich schaue mal eben zu Ende. Ja. Das ist eine gute Frage, weil ich werde immer wieder gefragt, wie lange ich hier bin und ich habe keine Ahnung. Ich dachte, wir haben doch gestempelt. Ja, stimmt, Mal stimmt. nachgucken. Weil ich war halt auch noch in der Schweiz und in Deutschland in der Zwischenzeit. Ja, ich weiß. Naja. Ist eigentlich Hans noch wach? Weißt du das? Oh, Der war keine doch eben auch Ahnung. noch da. Ja, aber ganz ehrlich, ich möchte mir jetzt nicht, dass er sich Sorgen machen muss. Ja, ne? stimmt. Ich glaube, das ist erstmal das Beste, sonst noch Panik und das ist jetzt nicht so gut. Ja, ich weiß halt nicht, weißt du, dass wir vielleicht noch irgendwas machen können, als dass wir uns jetzt hier, ja, selbst verrückt machen. Müssen Also, ja was mit niemand... den anderen machen? Ja, keine Ahnung. Ja, aber was sagen wir, wenn die jetzt nach Ben fragen, ne? Ja, das ist halt So die nach dem Scheiße, Motto, ne? keine Ahnung, wo er ist? Oder Ja, was? oder dass wir sagen, er ist nach Hause gegangen oder keine Ahnung. Ja, Ist halt auch scheiße, ne? Ja, klar. Das, Aber ja, na, ich kann ja mal Hans anrufen, ob die noch da sind. Keine ja, Ahnung. frag ihn mal. Ja. So ein bisschen Ablenkung würde uns gut tun, glaube ich. Ja, das ist richtig. Hey, ich höre auch die ganze Zeit irgendwie andere Stimmen noch. Ist das echt bei ihr im Teamspeak oder bei... Ja, Hans, bist du noch wach? Sind noch andere Leute da um sie herum? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich dich ja wach gemacht. Was machst du gerade? Wo seid ihr? Ihr wollt nicht zufällig noch 2 Leute aufnehmen? Gangbang.
Nee, mich und Bruno. Ben hat keine Ahnung, was der macht. Am Pier. Ein Kuschelpier. Ja, klar, aber wir können auch zu euch kommen, oder? Habt ihr es gehört? Geht jetzt wieder. Ja, wir haben ja halt Auto oder... Ne, ist egal. Jetzt Ihr auch könnt wieder? ja vorbeikommen. Wir können uns vorne beim Riesenrad dann treffen. Ich höre die ganze Zeit Stimmen. Gut. Ja, ja. Ja, jo, sagen wir mal, was braucht ihr so 10, 15 Minuten? Ja, kein Problem. Ehrenmann, Ja, Malo. gut, dann weiß ich einfach schon. Das ist okay. Wir brauchen gerade ein bisschen Merci. Ablenkung, deswegen nicht groß fragen. Ja. Ja, okay, okay. Tschüss. Ich glaube, er ahnt was. Okay. Ja, weil es halt ungewöhnlich ist, dass Ben halt nicht dabei ist, ne? Ja, stimmt, aber... Ja, Ja. schon. Ja, wir treffen uns dann so in 20 Minuten am Riesenrad. Die sind gerade am Spazierengehen mit Peter. Ich weiß nicht, ob du Peter schon kennst. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ist auch ein älterer Herr. Auch sehr nett. Okay, ja, vielleicht habe ich den schon mal getroffen. Das kann sein. Keine Ahnung. Oh Mann. Malo, das Konzert war absolute Katastrophe gewesen. Aus mehreren Gründen. Sagen nochmal Schlägerei, Polizei, Krankenwagen, Selbstmordversuch, Unfall, was Schade, auch dass immer. ich keine Badesachen dabei habe. Ja, ich hätte noch eine Badehose im Auto, aber die geht ja wahrscheinlich nicht. Das bringt mir nichts. Ah, scheiße. Das war eine richtig beschissene Situation. Du sagst es. Ja, besser als jeder Actionfilm. Dann musst du dir unbedingt im Nachhinein anschauen, es war ein Träumchen gewesen. Das kannst du dir nicht ausdenken, was da passiert. Ah, so, ich schau mal auf den Ausweis, was da drauf steht. Ja, auf dem Reisepass nicht der Ausweis. Auf dem Reisepass, ach so. Also auf dem Personalausweis steht nichts, meinst du? Nee, 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 auf dem Reisepass. Ah, nochmal. okay. Ja, stimmt, da steht nur... Ja, mein Geburtsdatum, ne? Stimmt. Da muss ich dann zu Hause mal schauen. Genau. Den habe ich nicht immer bei mir. Das wäre auch komisch, weil wo Ja. willst du denn hin? Ja, und was ist jetzt mit denen? Kommen die noch oder sollen wir zu Ja. denen? Hab ich doch gerade gesagt. Was hast du gesagt? Entschuldigung. Die kommen noch oder? Ja, in 20 Minuten am Ah, Riesenrad. okay. Das habe ich irgendwie verpasst. Weil die müssen noch zurückwandern zum Auto, deswegen. Ah, okay. Entschuldigung, manchmal bin ich Und ein bisschen ältere Herren abwesend. sind ein bisschen langsam. Ja, klar. Ich bin irgendwie mit den Gedanken bei Ben, keine Ahnung. Ich merke das schon. Aber du hast selber gesagt, nicht den Kopf zerbrechen. Ja, ich weiß. Hat sie das gesagt vorhin? Ah. Ja. Wir nehmen es echt Wunder, was dort jetzt abgeht.
Erzähl was. Ja, keine Ahnung. Was willst du wissen? Was hast du heute schönes... Oh nee, ich will nicht. Ja, ich hab meine Cap wieder. Ja, immerhin. Ja. Ich musste ein T-Shirt kaufen, ich war nur höflich. Ich find's total hässlich. Oh, danke schön. Ich hab's nur gedacht. Ich wollte den jetzt nicht irgendwie auf den Schlips treten, Ja. deswegen. Ich dachte mir so, bitte keine $300, als er mit einer 3 angefangen hat, Gott sei Dank nur 30. Ja, aber das ging wirklich noch. Also ich will mir da keine Feinde machen. Ja, ich das auch ist mir nicht. echt unschön. Und ich war so froh, also es sagte $120, ne? Ja. Und ich hatte echt Angst, dass er, wenn ich da bin, dann irgendwie sagt, ja, komm, mach 500. Ja, das hätte gut sein können. Ja. Und auch, also ich musste ja das Geld noch da am Bankomaten rauslassen, ne? Das war auch saugefährlich. Ja, aber wie gesagt, wenn man denen nicht dumm kommt und einfach nett ist, sind die auch nett zu einem. Ja, ich hoffe es mal. Ja, so meine Erfahrung. Ich hatte bis jetzt auch noch nicht Stress mit denen, ne? Aber man weiß halt nie. Ich Ja, meine, das ist als wir richtig. da ankamen und das saßen 3 Stück und dann kamen noch die 2, um die es überhaupt ging, ne? Die sind Also, natürlich auch vorsichtig, ne? Ja, klar. Aber ich meine, wir waren zu 4 und ich dachte, da sind wir schon ein paar, aber dann plötzlich stehen da 5, ne? Ja, aber man muss ja auch verstehen, ne? Nicht jeder ist denen gut gesinnt wiederum. Ja, klar. Kann ich mir vorstellen. Ja. Aber bis jetzt habe ich eine positive Erfahrung mit ihnen gemacht. Ja, ich auch. interessanterweise. Ich auch. Bis auf einmal, aber das war was Persönliches. Okay. Ja, der eine hat mich ja zum Tanzen irgendwie mal aufgefordert. Und später an dem Tag war ich mit einem Bekannten unterwegs. Wir wollten halt zum Lolitas. Ich wollte halt nur wissen, ob er dort ist. Einfach nur generell. Mhm. Der Bekannte hat dann einen anderen Bekannten angerufen, der dort war. Und der hat dann dementsprechend erzählt, dass ich nur komme, wenn er nicht da gewesen wäre oder so. Scheiß. Und das Muss ja ist natürlich verschwören, auf den Schlips getreten gefühlt. Ja, klar. Aber Gott sei Dank konnte ich das klären. Das wäre mir sonst sehr unangenehm gewesen, Ja. weil ich wurde dann ein paar Tage später mich von dem am Strand angesprochen. Ich dachte so, oh Gott. Ach, scheiße. Ja, aber der ist voll nett. Okay. Ja, ich hatte auch, ich war an einem meiner ersten Tage hier, war ich da am Strand unterwegs. Ja, und dann hat mich auch einer von denen angesprochen, so, ja, ob ich was brauche, ob ich was rauchen will und so. Und ich habe ihm ganz freundlich gesagt, du, nee, passt grad und so. Und dann hat er mir einen Joint einfach so geschenkt, ne? Ja. Und meinte, Die ja... fragen mich das öfters mal. Ja, das ist ja auch okay, aber ich sage jetzt so, ich war da alleine unterwegs und ich hatte schon so ein komisches Gefühl, ne? Aber die waren freundlich, ich war freundlich, alles okay. Ach ja, das passiert mir am Strand öfters. Da kommen die mal zu mir und fragen mich und machen ein bisschen Smalltalk und sagen, dass ich nicht interessiert bin. Naja. Das war bis jetzt immer okay. Wie gesagt, solange man freundlich bleibt, geht das. Ja. Und dann wünsche ich mir noch Erfolg guten Erfolg bei anderen Leuten. Ja. Nein, der Nähe steht niemand. Aber er ist schon vorhin beim PD gehabt, wenn ich mit ihr schnurre. Muss halt nur aufpassen, wenn du bei denen vielleicht einen Joint kaufst, dass die noch versuchen, was anderes anzudrehen. Okay. Ja, ich würde jetzt nicht, ich bin nicht, wie gesagt, wenn mir jemand mal was anbietet, so wie Ben eben oder auch der Herr da am Strand, dann okay. Aber ich habe jetzt keinen Bock da viel Geld auszugeben, ne? Ja. Weil wenn du zu oft das Zeug rauchst, es geht auch schnell ins Geld, ne? Ja. Dann bin ich eher vorsichtig. Aber heute war so ein ja Tag. So arm. Ja. Wir sind Pier der Wahrheit. Genau, jetzt musst du die Wahrheit sagen. Okay. Bruno, bist du arm? Ich sehe mich so, ja. Das ist gut ausgewichen. Ja, nee, aber ist die Wahrheit. Solange ich mit der Gitarre am Stadtpark stehen muss, fühle ich mich arm. Ja, aber würde jemand anders geldtechnisch sagen, er wäre arm, wenn Ja, er einen Kontostand hätte? Das ist immer die Frage, ne? Ist halt für Ich will nicht wissen, wie viel auf dem Konto ist. Ja, ich sag mal so, ich habe was auf dem Konto,
aber ich finde das jetzt nicht viel. Aber es ist halt für jeden anders. Ja, klar. Es ist so für mich als Schweizer, ich finde, ja. Ja, nee, aber es ist ja wahr. Ich sag mal Ihr so. Schweizer seid auch unzufrieden, wenn ihr 20.000 auf dem Konto habt. Ja. Ja, nee, aber keine Ahnung. Ich sag mal so, wenn ich genug auf dem Konto habe, damit ich habe keine Krankenversicherung, ich habe keine Arbeitsversicherung. Du schließt auch eine Krankenversicherung ab? Ja, muss ich erst mal schauen, wie und wo. Im Diener fragen, die wissen das bestimmt. Okay. Die haben mich ja letztens schon gefragt, ob ich eine Krankenversicherung habe, aber ich habe keine. Ja, das habe ich auch schon gehört, aber wo man die abschließt, keine Ahnung. Keine Ahnung. Und was das kostet und muss ich mich alles mal drum kümmern. Nee, aber ich sag so, ich habe lieber irgendwo ein bisschen Reserve, ne? Ja. Und auch fürs Business. Ich will ja irgendwann mal vielleicht was Eigenes aufziehen, damit eigene Konzerte und ja. Ich sag halt immer, ich habe kein Geld, wenn Ben wieder kommt und sagt, ja, kauf die Karre, kauf das, kauf dies. Ja, für sowas habe ich echt kein Geld, ne? Mhm. So, Ne, ich sag mal so, eine einfache Karre kostet schon 3000. Eben. Das meine ich ja. Also ich könnte mir die Karre, die er fährt, könnte ich mir nicht leisten. Okay. Ganz ehrlich. Schade. Ja, wollen wir langsam vorgehen? Ja, klar, können wir. Gehst du voran? Ich hab auf die Uhr geguckt, wann ist das jetzt her? Ah, ich hab 10 Minuten, ne, können wir langsam laufen. Okay. Ich sag mal so, eine Leiter hochgefallen bin ich bis jetzt noch nicht. Ja, aber vielleicht wieder runter, wenn du oben bist. Ich fang dich dann. Siehst du? Geht ja. Du kannst es ja. Das Einzige, was ich machen kann, ist, wenn ich runterspringen kann. Nein, Spaß. Dann müsste ich dir nachspringen. Nee, besser nicht. Ich bin eine gute Schwimmerin. Ja, ich auch. Also. Eine gute Schwimmerin? Ja, ich bin eine gute Schwimmerin. Ach man. Kann man auch hier hoch? Ja, klar. Okay. Schweizer Lifestyle, man kennt ihn. Ja, Mann. Ja, aber sorry, der Bruno hat jetzt wirklich nicht viel Geld, wenn du überlegst, was... Bin ein kleiner Schweizer Mann. Der Bruno hat jetzt wirklich nicht viel Geld, wenn du überlegst, was Karre kostet. Wieso? Denke ich, das ist ein Galgen. Ja, stimmt, hat was. Ja. Von Weitem sieht es aus wie Holz, aber eigentlich ist es gar kein Holz. Ist irgendwie ein Lift oder was ist das? Ja, bestimmt so für Frachtschiffe oder ja, sowas, keine Ahnung. Frachtschiffe hier am Pier? Ich weiß nicht, aber was ist da Ja, runter? ist eher was Kleines, ne? Das ist nur Wasser. Komisch. Ja, wahrscheinlich schon für Boote und so, aber eher was Kleines. Ich denke jetzt nicht, dass da ein Frachtschiff an Pier fährt, ne? Na, weiß man's. Ich meine, das Wasser ist ja relativ tief, ne? Ja, okay. Ich So glaube... unmöglich halte ich es jetzt nicht unbedingt. Naja. Ich glaube, das ist zu gefährlich. Mit dem großen Schiff an so ein Holzpier. Ja gut, okay. Ich glaube, das reicht. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Ja, ist schon so. Aber kommt, ich glaube, der Bruno hat schon den richtigen Weg eingeschlagen. Ja, ja. Nein, und im Vergleich zu anderen Spielern hat auch schon viel Geld. Aber ich finde es jetzt nicht wirklich viel, wenn du überlegst, dass irgendwie ein Chester oder so, was hat der andere gesagt, 14'000. Und zum Teil irgendwie 50'000, 60'000. Und das Haus 70, 80, 90, 100'000, also... Ja, du musst zuerst mal herkommen. Und es ist ja auf dem Geschäftskonto, der Bruno selber hat nicht viel. Es fragt niemand, was er privat tut, was er als Geschäft hat. Also auf meinem Konto ist noch. Ich meine, ich bin ja Schweizer, ich bin Banker und so, oder?
Gibt es hier eigentlich ein Klo irgendwo? Ja, ja, Ah, hier. Hier, gleich. Ja, ich geh mal kurz hin, Ja, ne? viel Spaß. Viel Spaß, merci. Kann noch weiter rein? Nee. Okay. Liebe Leute, ich muss schnell auf das WC. Bis grad. Komm noch gut, ich hole noch etwas zu trinken. Schweizer Mann. Bin ein kleiner Schweizer Mann, bin ein Schweizer in Los Santos. Das habe ich verpasst, habe nur mitbekommen von dem minimalistischen Konzert, wo er dann rausgegangen ist. Ja. Schaut dann nachschauen. Oder der muss ich der Malo aufklären, aber ich glaube dann nicht der Malo. Nee. Ich weiß nicht, wer die ganze Zeit da war und wer nicht. So. Umstecken. Akkus.
Ja, ja, meine Cap wieder. Juhu. Und ja, noch Knoblauchbrot. Ich bin nicht erst jetzt wieder da. Da kann Pascal die vielleicht aufklären. Mach's gut. By the way, pissen wir hier gegen ins Brünnchen, oder was? Merci. Das ist immer noch das gleiche Knoblauchbrot. Ich habe nur noch keine Zeit gehabt zum Fertigessen. Es ist zu viel passiert. Ja. Ich habe mein Cap wieder. Ja, Bruno kommt nicht mehr klar. Ja, Bruno ist jetzt sogar 10 Stunden wach, Leute. Yo, Santos. Und das Lustige ist, dass wir vorhin noch den zweiten gesehen haben mit so einem Cup. Ist jemandem aufgefallen? Sieht eigentlich das Logo aus im Greenscreen? Oh, geil. Ah, Marke, nein, die zahlen mir kein Geld. Das ist von der Firma Olvik. Merci. Aua. Gestern noch beim Zahnarzt gesehen, also beim Kieferchirurg. Ist alles gut verhält soweit, hat er gemeint. Aber ich muss ein bisschen aufpassen beim Essen, weil ich kann schnell mal wieder. Weil dort ist jetzt einfach nichts. So. Bruno hat auch Durst, ne? Wenn ich etwas trinke? Scheiße, nein. Aua. Ja, es ist noch ein bisschen empfindlich, wenn dort wo keine Zange mehr ist, drauf beisst mit etwas Härtem. Muss ich noch ein bisschen aufpassen. Es hat jetzt recht weh da. Und diesmal. Also sorry, wenn es nicht gruselt, aber warum sie so empfindlich tun, einmal habe ich gebissen und dann hat es wieder. Es hat die Farbe gehabt, du weißt, was ich meine. So. Aber es sind jetzt einmal alle Fäden draus, alle Nähte und so, sieht gut aus. Vor Operation. Gut. Let's go. Heyo zusammen.
Ja? Die Han fragen. Sie stellen Fragen. Was für Fragen denn? Na, wo bin ich? Was auch sonst? Ah. Wollen wir es erzählen? Ich meine, es bringt ja sowieso nicht. Hans kriegt ja irgendwann eh mit. Ja, mach mal. Also Ben, sagen wir mal so, Bruno und Ben standen vor der Bank am Stadtpark. Und da kam eine schwarze Limousine mit 2 schwarzen gekleideten Herren, richtig? Mhm. Und haben Ben genommen. Also wurde er doch eingetütet. Ja, aber von wem, von was? Wir waren beim PD, keine Ahnung, Großverhandlung. Was weiß ich. Das könnte vielleicht auch das Autofahren erklären, weil er den Berg hochgefahren ist. Wo? Welches Auto, wo? Ja, wir waren ja in der Richtung vom Casino spazieren. Ja. So, und davor, also direkt neben der Tankstelle, da wo wir das Auto geparkt hatten, Ja. ist ja so ein Hang nach oben. Ja, ja, genau. Ja, und da kam auf einmal, also von der anderen Seite, von der Straße, kam Polizei mit Blaulicht, Sirene und alles, nicht? Hm. Und sind dann da den Berg hochgefahren. So aus welchem Grund auch immer. Genau, ne? Die 2 Herren waren halt schwer bewaffnet. Hatten die Pistolen oder was? Der eine Typ hat einen Kofferraum aufgemacht und hat eine Pumpgun rausgenommen. Quatsch, keine Scheiße. Echt jetzt? Echt jetzt. Nee, ich war Gott sei Dank Merci, auf Lennart. Toilette. Dankeschön. Also, ich hab's nicht mitbekommen direkt. Nee, ich stand da und die kamen angefahren und die hatten beide, also der eine hat einen Taser, glaube ich, in der Hand und der andere hat eine Pumpgun rausgeholt. Und jetzt nicht irgendwie nur, also wirklich im Anschlag, ne? Ich stand da und ich. Naja, aber dann ist das ja bestimmt kein Autonormalverbraucher gewesen, Mensch. Ne, was? Ein Autonormalverbraucher, sag ich. Ja, also. Ich weiß halt nicht, ich habe gedacht, vielleicht keine Ahnung, irgendeine höhere Behörde oder sowas. Aber. Ja, aber das PD wusste. Wenn das PD nichts davon weiß, ist auch komisch, ne? Ja. Und der meinte, ja, sofort Großfahndung, bla 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 bla. Und ich dachte so, okay, was ist jetzt los? Hat er denn mit irgendjemandem zur Zeit, dass er auf Krawall ist? Oder? Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Nichts anderes als sonst, soweit ich es weiß. Ja, aber als sonst ist er auch betitelt als die Leute, die am Stadtpark sind, nicht? Ja. Aber halt sowas, so schwer bewaffnet, ne? Das ist schon. Kleine Frage dazwischen. Hat jemand noch was zu trinken da? Sonst gehe ich Ja, kurz zum sicher. Auto. Klar. Guck mal hier beiseite. So, warte mal. Wie viel hättest du denn gerne? 1, 2, 3? Eins reicht völlig. Ich habe im Auto habe ich noch mehr. Ich kann dir das nachher auch gleich wieder geben. Bitte? Oh, Kriegst danke zwei. schön. Danke dir. Wäre halt gut, wenn das jetzt erstmal unter uns 4 bleibt, bis die das bei Polizei geklärt haben. Ja, na sicher. Sicher. Muss ja jetzt nicht unnötige Panikmache bei noch mehr Leuten sein. Es reicht, dass wir uns schon. Ja. Top drüber machen. Richtig. Und die Sachen, die in meinem Kopf sind, die sind echt nicht schön. Gerade. Ja, kannst du laut sagen, hör mal. Also schön ist was anderes. Ich habe zu Bruno auch schon gesagt, wenn das jetzt irgendwas Schlimmeres ist, damit will ich nichts zu tun haben. Keine Ahnung, was Ben gemacht hat. Ja, hallo. Ja, ist halt scheiße, ne? Ich krieg dauernd wieder Hunger. Ich glaube, das sind die Sorgen. Aber fang nicht an mit Frustfressen, sonst hast du ein paar ein paar Pfunde mehr auf den Rippen. Ja, ich gehe morgen dann wieder trainieren, dann passt es. Ja, sicher. Ja, Mann. Und das Ganze ist jetzt, wie lange ist das jetzt her? Eine Stunde bald oder so, ne? Ja, bestimmt. Ja, über eine Stunde wahrscheinlich. Okay. Keine Ahnung, ich habe ihm um 1:30 Uhr versucht anzurufen, da waren wir aber schon hier. Ja, dann ist es ja 1,5 Stunden. Mhm.
Ah, ich drehe echt noch durch, ne? Ja, es bringt uns aber nichts. Ja, ich weiß. Kopf hoch und weitermachen Ja, erstmal. ich sag's ja auch die ganze Zeit zu dir, aber... Ja, du weißt es. ist halt echt komisch, ne? Also entweder hat er sich da echt mit krass den falschen Leuten angelegt. Oder er hat sonst irgendwas ausgefressen, aber keine Ahnung, Mann. Ich kenn mich halt hier auch nicht aus, ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich kenn weiß nur nicht, die was... Mexikaner und Ja, die Southside, das war's. ja, bei mir dasselbe. Ich habe keine Ahnung, was es hier Ja, okay, für... der Biker-Block noch, aber das war's auch. Ja, aber ich glaube nicht, dass die mit einer Limousine ankommen und ja. Ja, aber mit denen hat er ja sowieso nichts zu tun gehabt, oder? Ich glaube Mit wem nicht. jetzt? Mit den Rockern? Mit denen ist er gut befreundet, mit dem Chef von denen. Kannst du die Okay, ja auch schon Marlo. mal ausschließen. Ja, die fahren ja auch bestimmt mit einer Limousine rum, ne? Naja, wer weiß, vielleicht ist Nee, gut, das okay, ja ich mein- unbedingt unauffälliger, nicht? Als Rockerclub mit der Limousine rumzufahren. Wäre blöd, wenn die da mit Mopeds ankommen. Ja, stimmt auch wieder. Ja, aber, ne? Aber halt so schwer bewaffnet. Ja, Boah. das ist halt, was mich echt... Also ich kenne mich nicht aus hier, aber in der Schweiz läuft nicht jeder mit einer Pumpgun rum, ne? Nee, vor allem, also so das, was ich mitbekommen habe, kostet hier im Stade schon eine Pistole auf dem Schwarzmarkt 5000. Ja, das ist der Preis, den ich auch kenne. So, und da gehe ich mal ganz stark davon aus, dass sowas dann wohl mehr als das Doppelte kostet, oder? Ich Wenn denke du auch, ja. noch, das reicht, ne? Und da müsste man dann auch wieder überlegen, wer in diesem Stade hat so viel Asche, dass er sich sowas dann halt mal eben zulegen kann, nicht? Mhm. Ich weiß halt nicht, ob es hier noch irgendwie eine Mafia oder irgend sowas gibt, ne? Ich kenne mich, wie gesagt, es ist eine große Stadt, ich habe keine Ahnung. Will ich nie. Mhm. Mhm. Die liebe Du lass Waschmaschine. den Kopf nicht hängen. Taucht schon wieder auf. Geil. Apropos, kannst du mal Stream-Informationen kurz aktualisieren? Irgendetwas dran ändern und mal wieder aktualisieren? Vielleicht holt es dann noch ein paar Benachrichtigungen raus bei den Leuten. Gut, jetzt ist so langsam Zeit gekommen, wo niemand mehr zuschaut. Gut, es sind immer noch 10 Leute. Seid ihr wahnsinnig? 11! Das spinnet doch. Peter, weißt du, ob die Polizei mit solchen Waffen rumrennt? Nee, gar keine Ahnung, was die für Waffen haben da. Also, was ich bis jetzt gesehen habe, war nur normale kleine Pistole halt. Und Taser. Das ist alles, was ich weiß. Vielleicht haben sie noch einen Schlagstock eventuell. Ehre Aber Leute. ja. Aber ich meine, selbst das ist eigentlich auch schon wieder zu weit gedacht, weil warum soll die Polizei jemanden so einsacken? Ja, die und können ja eigentlich. vor allem, warum soll die Polizei so interessiert, also die waren wirklich interessiert und haben gefragt, wer das war, wie er aussah und dass sie jetzt eine Großfahndung einleiten. Ja, nee, dann. Und das ist halt das, was mich echt verwirrt. Weil wenn das irgendwie das, keine Ahnung, ein SWAT-Team oder so wäre, dann wüsste die Polizei ja das. Gibt's das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne das auch nur aus Ich den mein, Filmen. Aber genau so kam mir das eben vor, ne? Ja klar, bei uns in normalen Staaten gibt es ja so verschiedensten halt. Ja. Also über Secret Service, so Homeland, SWAT-Teams, keine Ahnung, was es da alles gibt. Okay. Polizei. Ja, das gibt es bestimmt in der Schweiz auch sowas. Ja, geht so. Es gibt schon so Spezialeinheiten halt, aber... Ja, genau, meine ich. Aber ich sag mal so, wenn die kommen, dann weiß die Polizei auch Bescheid, ne? Gibt ja auch die CIS,
Und CIA, CIS. Und so FBI und wie sie weiter. alle heißen, ne? Ja, genau, richtig. Ja, klar. Ich weiß ja nicht, wie das hier so ist, was davon hier alles ist. Ich meine, die machen immer so ein bisschen ihre eigenen Sachen, ne? Ja. Meinst du, dass die Behörden untereinander nicht kommunizieren? Ich meine, sagen wir mal so rein theoretisch, wenn das was Spontanes war, könnte das gut sein, aber ich finde es halt Naja, sehr aber komisch. ich meine, mal im Ernst, wird eine Spezialeinheit, wenn die jetzt irgendwie was gegen jemanden hätten, würden die der zentralen Behörde von der Polizei irgendwie sagen, so, hier, wir packen mal einen ein? Ich weiß ja, nicht. es kommt halt drauf an, ne, um was es geht. Also ich finde, wenn die halt jemanden da im Stadtpark mit krasser Waffengehalt einsacken, dann sollte die Polizei schon informiert sein, weil es ist ja auch logisch, dass die Leute sich dann fragen, was da los ist, ne? Ja, klar. Wie gesagt, hat es eigentlich jemand als großartig mitbekommen, oder war das also ziemlich ruhig? Ich glaube, es hat niemand mitbekommen. Die anderen waren alle auf der Siehst du anderen mal. Seite. Vor allem, die mussten Operator TTV, merci vielmals für die Raids. halt, Danke ob sie vielmals. irgendwie gezielt genommen haben, weil Vielen das Dank. ist doch schon irgendwie... Naja, aber wenn, dann müssen die ja auch gewusst haben, dass er zu dem Zeitpunkt gerade da und da ist. Ja, Ja, das Und auch stimmt auf auch der wieder. Straßenseite und alles, nicht? Ja. Oder sie haben halt schon länger beobachtet, das kann natürlich auch sein. Ja, sicher. Das, Aber das ich mein- würde wieder für eine Behörde sprechen eigentlich, oder? Naja, aber ich sag mal so, wenn es jetzt hier irgendwie so andere kriminelle Sachen gibt, die können ja dich auch beobachten, Ja, dann klar. weißt du's. Ja, aber als wir eben Ist aber ganz blöd beim gesagt, weißt du, Observat... ob da hinten Mexikaner steht, Ja, nee, klar, aber als wir eben beim Observatorium oben waren, da hätten wir ja gemerkt, wenn jemand uns gefolgt hätte, ne? Weil da ist ja nur eine Straße hoch. Ja, ich weiß. Ey, merci fürs Follow, Operator. Danke vielmals. Und merci für den Raid. Merci. Naja, aber auch selbst wenn, dann hätten die ihn doch bestimmt schon früher eingesackt, da wo du mich ja wieder zum Strand gefahren hast, wegen dem Auto. Das stimmt auch. Ja, wie gesagt, man weiß ja nie. Wir können ja jetzt eh nur mutmaßen. Ich glaube, dass das auch nicht gut ist. Wir müssen halt abwarten, was halt passiert. Ja. Hey, gute Nacht. Dankeschön. Und hallo an alle, die von Operator TTV gekommen sind, ne? Herzlich willkommen bei Bruno Moser in Los Santos auf Lucky V. Ich sag nur so, wenn das halt wirklich was schwer Kriminelles ist, ich glaube, dann würde ich erstmal. Nothing can stop me. I'm all the way up. Mina 1280, danke vielmals für dein Follow. Merci. Ah ja. Ich hab echt Bock auf diesem Riesenrad zu fahren, ne? Tu's nicht. Tu's einfach nicht. Meinst du? Am Ende fällst du runter. Du musst ja über das Geländer klettern, ne? Wenn da Ja, was aber ist ja passiert. nicht, das kleine Gelände da ist ja nicht hoch, ne? Wie gesagt, ich kann dich nicht davon abhalten. Ich kann dich nur warnen, ne? Wenn da was Hast du wirklich passiert. geschaut, dass es abgeschlossen ist? Nee, letztes Mal, als ich hier war, es auf jeden Fall abgeschlossen. Schau mal. Okay. Wenn das Ding mal anhält. Ja, das dauert immer einen Moment. Der Eingang ist außerdem weiter oben auf der Treppe. Ach so. Nee. Vielleicht auf der anderen Seite. Oh, Entschuldigung. Okay. Mina, dankeschön. Ich weiß nie, ob es Schweizer oder Deutsche sind. Ob ich Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch Danke sagen soll. Aber ich überlege tatsächlich die ganze Zeit, wer da für seine Machenschaften hat, ey.
Das weiß ich nicht, aber das könnte ich sonst in Erfahrung bringen, denke ich mal. Hm. Lasst alles zu. Ja. Kletter bitte nicht drüber. Ich Ja, ja. will nicht noch das Ja. MD heute noch holen. Nee, ich hab auch keinen Bock. Das reicht für heute eigentlich, ganz Ja. ehrlich. Hochdeutsch denkt, die ein bisschen verbreitet auf Twitch. Merci. Vielen Dank. Ai. Chronospiel was für uns. Soll ich was spielen? Ja, was Beruhigendes. Okay. Finde ich sehr schön. So. Nicht ganz so laut. Das Ja. ist schöner. Was spiele ich denn? Ach ja. Ich gehe mal auf Toilette. Ja, sicher. Wer sind Sie eigentlich, der Herr in Weiß? Ich glaube, wir kennen uns noch gar nicht. Ja, der Peter. Der Peter, er freut mich. Ich bin der Bruno. Ja, moin, Bruno. Und Sie kommen auch aus Hamburg, oder du? Ja, richtig, ich komme aus Hamburg. Dafür können wir gut bleiben. Okay. So dem Akzent nach, ne? Ja, richtig. Und wie war das? Du kommst aus der Schweiz, oder wie? Genau. Ja, siehst du, dann habe ich ja doch richtig zugehört.
Ah, Mann, scheiße. Ich mach mir echt Sorgen, ne? Ich wüsste aber auch partout nicht, wer ihn einsacken wollen würde. Ja, ich auch nicht. Ich meine, dass er da so ein bisschen nicht. Ich weiß halt, er hat Ein paar die... krumme Dinge Ja, macht und genau. so, das ist ja jedem bewusst, aber ich meine, wen können er mit diesen Kleinigkeiten ja eigentlich nur Ja. so dermaßen ans Bein gepinkelt haben, dass die ihn dafür einsacken. Ich weiß halt nicht. Ich weiß halt auch nicht, was er alles dreht, ne? Und mit wem. Ich weiß nur, jetzt, also, er hat ja ein neues Auto gekauft, ne? Und, ich weiß nur, dass er sich die Kohle geliehen hat. So beim Kredit rein, nicht? Ja. Und als er mir die Bedingungen gesagt hat, das hat für mich nicht so seriös geklingt, ne? Ich weiß halt nicht, So. ob das da was mit zu tun hat, ne? Was waren denn die Bedingungen? Ja, irgendwie enorme Zinsen. Ja. Also ich weiß die genauen Zahlen jetzt nicht, aber er hat extrem hohe Zinsen gezahlt, ne? Hat er dann schon wieder abgezahlt gehabt, oder was? Nee, nee. Er musste ihm, ich glaube, jede Woche irgendwie 2.000, 3.000 abdrücken. Heilige. Ja. Und deshalb, keine Ahnung, vielleicht hat er das nicht bezahlt oder ich weiß nicht. Merci. Das könnte halt auch sein. Ja, meinst du wirklich, dass irgend so ein Kredit-Heini da jemanden sagt dafür? Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wie das in der Schweiz, in Los Santos so läuft. Wenn jemand seine Schulden nicht bezahlt, ne? Weil in der Schweiz... kommt ganz drauf an, wer am anderen Hebel sitzt, nicht? Ja, wie gesagt, weil in der Schweiz gehst du auf eine Bank und da ist da eigentlich alles sauber, ne? Ah ja, sicher. Aber hier ist halt, ich habe keine Ahnung, bei wem das ist. Also für mich hat das nicht so geklungen, als ob er jetzt auf einer Bank war. Weißt du, wie ich meine? Ja, sicher. Und ich denke mal, mit solchen Leuten, die Kredite in der Höhe geben, keine Ahnung. Ist wohl auch nicht zu spaßen. Das mag sein, ja. Naja, aber wenn er... Ja, ich meine, ich kenne den Kredithahn ja nicht persönlich. Ja, ich auch nicht, keine Ahnung. Ich habe den noch nie gesehen gehabt, ich habe mit dem nur zweimal telefoniert gehabt, aber... Gibt es da nur einen oder mehrere? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich glaube, also... Ich hatte mit dem Herrn Gromm gesprochen gehabt. Ja, Namen weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, das ist, glaube ich, der Chef von dem Ganzen da, aber der hat, glaube ich, noch ein paar Angestellte. Okay, also das ist eine offizielle Firma dann? Ja, sicher. Okay. Ja, ich weiß halt nicht, ob er über eine offizielle Firma das gemacht hat oder irgendwie privat von jemandem. Das weiß ich nicht. Aber ich bin der Meinung, dass der Herr Gromm das offiziell angemeldet hat und eins. Ja, aber dann wird er ihn ja wohl auch nicht so einsacken, wenn es offiziell ist. Quatsch, Gromm. Dann muss er ja bestimmt die offiziellen Richtlinien da und so was eins, Ja, nicht? eben. Also über Behörde und weiß der Geier was eins. Ich habe eher Angst, dass er sich bei den falschen Leuten da was geliehen hat. Das wäre möglich und ich glaube, das wäre dann auch im Rahmen dessen, dass wir ihm gesagt haben, bis zum heutigen Zeitpunkt hat er Summe X nicht bezahlt, also Mhm. Ach, scheiße, Mann. wäre jetzt wieder die Frage, bei wem, nicht? Ja. Aber warte mal, jetzt zurückblickend, als wir unten am Strand waren, Mhm. da hatte er doch Sophie den Autoschlüssel gegeben gehabt, oder? Mhm. Und noch irgendwie was und meinte ja, dass falls er eingesackt wird oder sowas, da das Auto wenigstens in gute Hände kommt. Stimmt. Aber sie hat ihm die Schlüssel und alles wiedergegeben. Habe ich auch schon gefragt. Ach so. Aber jetzt im Nachhinein, wenn du das sagst,
Ja, ich meine, das klingt im ersten Moment ja so, als wenn er da irgendwie schon eine Vorahnung Ja, hätte. ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob er da die Mexikaner gemeint hat, falls die ihn jetzt einsacken. Oder ob er da schon wusste, dass irgendwas im Gange ist, ne? Ja. Ich habe halt keine Ahnung. Aber ich meine, hätte er es gewusst, dann hätte er die Sachen doch gleich bei Sophie gelassen, oder? Ja, stimmt auch. Ja, und also es war ja so, wir standen da vor der Bank im Stadtpark und dann kamen die und haben mich weggescheucht, ich soll mich verpissen und er hatte dann kurz, musste ganz kurz auf die Toilette. Dann sind die wieder weggefahren und dann kam er von der Toilette zurück und ich meinte, hey Ben, was ist los? Was hast du gemacht? Was waren das für Männer? Und er meinte nur, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Und dann kamen die auch schon wieder angefahren und haben ihnen eingesackt. Das heißt, die sind angekommen und er hat gesagt, ich muss erstmal pullern. Ja. Auch mutig. Ja, vielleicht aus Angst, keine Ahnung. Mag sein. Ja, ich weiß halt auch nicht, ob ich gleich nochmal ins PD fahren soll und nachfragen, ob es Neuigkeiten gibt. Wird man auch nicht machen, weil ich meine, was Besseres können wir sowieso nicht tun. Ja. Weil ich meine, klar kann man jetzt wieder durch die Gegend fahren und hoffen nicht, aber ich meine, wie wahrscheinlich ist das also auf dieser riesigen Insel hier, Ja. Eben. das ist wie die Nadel im Heuhaufen, oder wie sagt man? Ja. Ja, dann fahren wir gleich nochmal dahin. Sicher, da kommt Sophia auch schon wieder. Okay. Sophie? Ich habe eben noch zu den Jungs gesagt, ich weiß halt auch nicht, was noch sein könnte. Weißt du, bei wem er sich die Kohle geliehen hat für die Karre? Ja, beim Grom, ganz Ah, offiziell. okay. Ach so, ja, sicher, dann ist das. Das wusste ich halt nicht, weil ich sagte nur, es kann auch sein, dass er sich da bei den Falschen was geliehen hat. Nein. Okay. Boah, bin ich schon mal beruhigt, was das angeht. Und ich habe auch gesagt, lass doch nochmal zum PD fahren und nachfragen, vielleicht gibt es Neuigkeiten. Ja, ich ohne Moment, ihr könnt auch alleine fahren, keine Ahnung. Magst du nicht mitkommen? Ja. Ja, wie du willst, du musst nicht, ne? Ja, doch, ich komm mit. Okay. Peter, Hans, kommt ihr auch? Ja, sicher. Okay. Also ich zumindest. Ich weiß auch nicht, was mit Peter ist. Oh, geh los. Okay. Wo habt ihr geparkt? Auch vorne? Ja, sicher. Ich hab direkt neben dir geparkt. Ah, okay. Hey, Aimbot. Hallo. Schönen guten Abend. Oder, Joe. Moin. Ich würde sogar nochmal anrufen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich lass es lieber. Und Malo, das, Ben, oder was? das sind nicht Kanalpunkte, das sind Superpunkte. Gott, mach ich Nein, ganz stimmt gar schnell. nicht. Komm los, Punkt. Mach du das. Am Schluss bekommen wir noch Lampe mit dem Mikro wegen dem. Der hat das, glaube ich, aus. Scheiße. Okay. Da kommt nicht mal mehr ein Tuten. Das wird direkt abgewiesen. Okay. Dann treffen wir uns gleich beim PD. Ja. Maddie Kriller 95. Jo, was geht? Alles klar bei dir? Hallo und herzlich willkommen. VPD mit uns okay ist. Ja, klar.
Du hast jetzt noch die Polizei hinter dir, ne? Mhm. Ich dachte, du wolltest zum PD. Ja, habe ich eigentlich auch vor. Warum fährst du dann nicht? Ich habe keine Ahnung, ich werde nervös. Wo fährst du hin? Du weißt, ich habe was getrunken und so und Oh mein Gott. was geraucht. Darf ich hier rein überhaupt? Generell, ja. Okay. Ich glaube nicht, dass du hier rüberkommst. Oh mein Gott, oh mein Gott, ist das denn? Au. Oh. Ganz langsam. Ja, zumindest sind die Cops. Ach, ich Scheiße, versuch's sind doch das die noch mal Cops hinter uns? anzurufen. Nee. Doch, ich glaube schon. Aber die... Scheiße. Was ist das? Wo muss ich lang? Oh Gott. Halt mal kurz an, lass mich aussteigen. Ich lauf. Okay. Scheiße. Scheiße, ihr Auto anständig fahren. Mit Blinken und so, aber... Ja, upsi. Ja, Sophie ist kurz ausgestiegen, weil ich hatte noch die Cops hinter mir, dann wurde ich ein bisschen nervös, ne? Ach so, ja sicher. Ich habe auch so einiges geraucht und getrunken heute schon. Ich hatte auch jetzt schon 3 Bier-Entos. Ja, bei mir waren es, ich glaube, ein Bier, ein Whisky und 2 Joints, ne? Habe ich gesagt, sie soll lieber mal aussteigen, ne? Kurz, Ja, sie sicher. läuft jetzt kurz hoch da. Weil ich bin dann irgendwie aus lauter Nervosität bin ich da irgendwie falsch abgebogen. Ach, alles gut. Ah, Mann. Solange sie den Weg gleich findet. Naja. Falls jemand fragt, ich bin nicht hierhin gefahren, ne? Nö. Du wurdest ja dein Privatchauffeur. Peter Genau, Hansen. genau. Ja, ich krieg noch Gehalt, ne? Ja, was lachst du jetzt hier so? $100? Ja, wenn ich hätte, würde ich. Nimm mir meinen Job nicht weg. Ich bin der Erste gewesen. Ja, Was, du hast eben selbst gesagt, ich bin hier Chauffeur. Ja, nee, ja, so provisorisch, als Ausrede. Ach so. Basel ja. HD, hallo. Ja, sicher. Aber ich habe zu ihm schon gesagt, sobald er irgendwie mal ein bisschen mehr Kohle verdient und einen Privatchauffeur sucht, dann... Dann komme ich bestimmt auf euch beide zurück. Ihr könnt euch Ja, dann sicher. abwechseln, ne? Schichtbetrieb. Ja, klar. Der nette Herr hat aber schon einen Job, also von daher... Ah, okay. Ja, okay. aber Nebenjob, ne? Ach so, ja, sicher. Warte mal, dann willst du 3 Jobs haben? Ach ja, hier, OKF und das mache ich dann zusammen, ne? Ach so, ja, sicher. Na ja, gut. Kick der Autohost wieder. Ja, hallo, herzlich willkommen. Alle, die vom Malo herkommen. Hallo und herzlich willkommen bei Bruno Moser in Lucky V in Los Santos auf Lucky V. So rum. Ja. Mal ernst, ne? Ja. Also ein Streifenwagen würde mir auch gut stehen, oder? Also, ich kenne dich ja jetzt nicht so lange und ich will dir nicht zu nahe treten, Peter, aber ich weiß nicht, ob da bei der Polizei so ein Maximumalter gibt, ne? Ja, du wirst lachen, also ich arbeite da. Echt jetzt? Ja, sicher. Also bei der Polizei oder? Nee, tatsächlich beim Department of Justice. Ah, okay. Dann muss ich aufpassen, was ich in deiner Gegenwart sage, meinst du?
Ja, hey. Scheiße. Hier, ne? Gekifft und getrunken. Nee, hab ich und, nicht, Auto hab ich nicht. gefahren, ne? Hey, das wird teuer. Ja gut, aber du bist ja nicht Polizist. Ja, richtig. Du müsstest ja, das müsste ja ein Polizist gesehen, oder? Also was bist du denn? Er ist sowieso gerade außer Dienst. Ja, richtig, genau. Also von daher. Was bist du, wenn du im Dienst bist? Ja, Verwaltungsfachangestellter, ne? Okay. Grob gesagt, Wow. Ja, richtig. Das ist gut. Ben? Ben? Ja. Wo kommst du jetzt Wollen her? wir irgendwie kurz irgendwo ein bisschen weg von hier? Ja, würde ich vorschlagen, ja. Mir ist es egal. Da, wo gerade eben? Ja, komm. Wohin? Komm mit. Wohin? Oder wir fahren hoch zum Observatorium, da sehen wir, ob noch einer hinterherkommt. Gute Idee. Mach das. Ich fahr dir nach. Ja, sicher. Steig mal ein irgendwo. Wir warten jetzt noch, bis wir oben sind, ne? Ja. Okay. Und habt ihr gewusst, dass Peter irgendwie beim Gericht arbeitet? Ja, er ist Sekretär bei Justiz. Okay, also muss ich aufpassen, was ich in seiner Gegenwart sage? Ja. Okay. Ein bisschen schon, Ist ja. jetzt schon zu spät, ich habe ihm schon gesagt. Egal. Sagt. Ja, dass ich besoffen und bekifft Auto gefahren bin eben. Also jetzt. Ach, Bruno. Also ja, besoffen und bekifft ist übertrieben, ne? Ist ja eine Weile her jetzt, aber... Also was bleibt ja auch nur eine Weile im Blut, ne? Ja klar. Sag mal, ich fühle mich okay zum Fahren, aber legal ist es wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Gut, ist die Polizei wirklich hinterhergefahren? Ja. Egal, was mit mir gemacht wurde, ist es jetzt auch nicht. Ja, ich bin gleich gespannt, ne? Ja, aber wir warten jetzt damit, Warte einfach mal kurz ab. Ja. Sonst musst du das Weiß dreimal Hans erzählen. davon, dass ich entführt wurde? Ja. Ja, Wer hat das erzählt? Wir beide. Weil Also. er gefragt hat. Also der hat gleich gemerkt, dass was nicht in Ordnung war. Ja. Aber, wie gesagt, nicht viel. Ich hab's ja nicht mitgekriegt, ich war ja auf Toilette. Ja, und mir steckt das Herz noch in der Hose, ne? Ja. Sag ich dir ehrlich, aber ja, warten wir kurz. Ich sag's jetzt nur noch euch, das was, es wird wahrscheinlich so sein, dass ich jetzt für die nächsten Tage nicht der Alte bin, ne? So wie ich früher war. Ich bin momentan gerade echt nur... Okay. Ne? Bin gerade einfach gefickt. Mhm. Diese scheiß Schlaglöcher, ne? Vor allem noch, als du sagtest, was machen die da? Ich hab grad so... ich hab das gar nicht gesehen. Ja. Ich hab mich gar nicht darauf konzentriert gehabt. Ich hatte so, ach du Scheiße, weil wir petten hier so schnell und auch driften und so ein Scheiß, ne? Mhm. Ja, und dann steigt er aus und holt eine scheiß Pumpgun aus dem Kofferraum, ne? Ja. Oh. Bitte nicht nochmal erzählen. Ja, Entschuldigung. Nee. Also folgen tut uns niemand, ne? Nee, ich glaub nicht. Wo fahren wir jetzt überhaupt hin? Zum Observatorium. Ach so, Damit okay. wir sehen, wenn jemand kommt. Und ich glaube, da führt ja nur eine Straße hoch, ne?
Ja, ja gut, von beiden Seiten halt. Ah, okay, ja, aber ist übersichtlicher. Ja, Polizei weiß schon alles davon. Mhm. Oh, meine Nerven, ey. Na dann hau mal raus, ne? Ja, was soll ich denn raushauen? Ja. Okay. Hast du schon denen erzählt, wie ich gepackt wurde, wie ich eingepackt wurde? Yep. So. In der Fahrt wurde ich genockout, damit ich nicht weiß, wo ich hingefahren werde. Und was mit mir gemacht wurde, wie gesagt, ich will es einfach nicht erzählen. Das wollt ihr nicht mal in einem Horrorfilm sehen. Ja, So, erzähl's doch nicht. ich will es nicht erzählen, ich habe das der Polizei erzählt. Das war alles andere als legal, was gemacht wurde. Ja. Und, ja. Ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, war ich der Falsche, den die eingepackt haben. Okay. So. Okay. So wie ich das alles mitgekriegt habe und ja. Ich war halt noch so ab und zu so, ich wurde ja nicht irgendwie mit einer Pille oder so genockt out, sondern wirklich mit so einem, einfach wie so ein kleiner Schlag am Hinterkopf oder ich war weg. So. Ab und zu war ich noch da, mal nicht, ne? Und ja, die haben mich dann überall durchsucht, alles so, glaube ich. Also jetzt mal eine kurze Zwischenfrage. Weißt du, wer das war? Nein. War das irgendwie eine Behörde oder irgendwelche anderen Leute? Das Ganze war von der Polizei auch gesehen nicht offiziell. Das beantwortet nicht ganz meine Frage. Was willst Vielleicht du denn? müssen wir es ja gar nicht wissen. Oder? Ja, es nimmt mich halt Wunder. Was meinst du denn mit Behörde? Ja, war das irgendwie eine staatliche Nein. Aktion oder? Also nicht. Weil ich frage mich halt, wer hier mit solchen Waffen rumläuft, ne? Wir haben uns halt gefragt, ob das irgendwie FBI oder sonst was ist, ne? Ja. Ja, nee. Okay. Glaube ich nicht. Ich war auf jeden Fall weg und danach am Straßenrand war ich wieder da. Am Straßenrand irgendwo gefunden von der Polizei. Immerhin. Ich hab schon das Schlimmste gedacht. Und die Polizei war selber im Schock, weil die Ja, das hat mir Angst gemacht, nie gedacht weil haben. Das hat man denen gemerkt. Ne? Ja, weil die Polizei hat direkt, wir waren da und haben das gemeldet und die haben eine Großfahndung ausgerufen und das hat mich halt beunruhigt, weil zuerst dachte ich, es ist irgendwie eine Behörde oder so. Ja. Aber dann wüsste ja die Polizei Bescheid, ne? Ja, genau. Deshalb, ich hatte Panik, sag ich dir ehrlich. Ja. Ich denke mal, dass die bei allen von uns war. Ich dachte erst, Bruno verarscht mich, als er mir das erzählt hat. Ich dachte, nee. Ach du Scheiße. Ben, wie geht's dir körperlich? Von der Polizei wurde ich, ja, sag ich mal, überall kontrolliert, ob, sag ich mal, wenn das jetzt irgendwie ein Kartell oder sonst was war, ob, sag ich mal, mir, wo ich dann bewusstlos war, mir was eingechippt wurde oder sonst was. Wurde ich durchgecheckt, alles, es war nichts, gar nichts, also wirklich, ich bin wirklich wie zuvor, nur halt die Psyche ist halt ein bisschen, ne? Und, ja, wie soll ich es erzählen? Es war einfach nur eine Aktion von 3-4 Sekunden, ne Bruno? Ja, nicht mal. Ja, einfach Pumpgun raus, steig ein und weg war ich. Ja, und Ich hab noch das erste Mal warst du ja noch kurz auf dem Klo. Ja. Und dann habe ich noch versucht, ich habe noch nachgefragt, was los und so, wer seid ihr? Und die meinten, hey, hau ab hier.
Ja, genau. Und dann, ja, habe ich es kein zweites Mal versucht. Also ich meine, wenn jemand eine Pumpgun aus dem Kofferraum holt, ne? Mhm. Da stellst du keine Fragen mehr. Ja. Ja, es war einfach eine schlimme Aktion und aber was ich ganz genau weiß, es kommt nicht nochmal. Das weiß ich. Okay. Und ich werde mein Leben führen können, wie jeder andere auch. Reicht das? Okay. Mehr als genug, denke ich mal. Nur, Also war es wahrscheinlich, dass ich, ja. nur dass ich, sag ich mal, psychisch wieder da bin, wie vorher, mit meiner Lebenslust, mit den kritischen Tagen, die ich jetzt hintereinander bekommen habe, wird es, glaube ich, eine Weile dauern. Ja, das ist klar. Ich glaube, das ist auch verständlich, ne? Absolut. Ja, sicher. Ja, sicher. natürlich. Also du denkst, es war eine Verwechslung, ne? Ich weiß es. Du weißt es? Ja. Also haben die das gesagt oder die Polizei? Ich war ab und zu mal da, mal nicht. Und als die wahrscheinlich meinen Ausweis oder so gesehen haben, haben die gemerkt, dass ich der Falsche bin. Oh, scheiße. Und dann war einfach nur wahrscheinlich das, was die gedacht haben, yo, was sollen wir jetzt mit der machen? Und dann haben die einfach mich irgendwo weggeschmissen. So, und dann am Straßenrand war ich da, irgendwann aufgewacht von einem Knockout, direkt 911 und, ne, weil ich weiß nicht, vielleicht irgendwo um mich herum sind irgendwelche Leute mit einer klar. Sniper. Ich habe absolut keine Ahnung, weißt du, weil wenn du schon siehst, dass die am Stadtpark mit der Shotgun zu dir kommen, können die auch irgendwo auf dem Dach mit einem Scharfschützengewehr vor dir stehen, weißt du? Ja, klar. So. Und gucken, was du machst. So, ja, und, Ich ja. will da gar nicht drüber nachdenken. Oder das ist nur paranoid. Oh Gott. War einfach nur eine Sache, die ich niemandem erzählen möchte. Die bleibt dann einfach bei mir. Und das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, es kommt nicht mehr und es wird nie mehr kommen. Und ich habe da meinen Schutz. Sei es, ob es jetzt polizeilich oder auch bei denen ist es scheißegal, braucht auch keiner wissen. Ich habe einfach meinen Schutz. So. Okay. Und mir wird nichts passieren. Nur diesen Schock, den ich habe, wird Wochen dauern, bis ich es abgebaut habe und bis ich überhaupt eine Lust habe, überhaupt was zu machen. Ja, klar. Kann sein, dass ich jetzt so sinken werde, dass ich, keine Ahnung, aber ich glaube, es muss einfach so kommen, wie es kommen muss. Wie es einfach gekommen ist, sollte es einfach so kommen. Ja, wir haben uns, weiß ich was alles ausgemalt, ne? Ja. Was für eine Scheißwoche ist das bitte? Ja, schlimmer geht's echt nicht. Ich habe vielleicht jetzt vor, mal meinen Job zu kündigen und vielleicht wieder Sozialhilfe zu beantragen, weil dazu bin ich gerade echt nicht fähig, ne? Wieder arbeiten zu gehen. Sag mal dann einfach an den Chef, dass ich Urlaub brauche, nur wenn die mir keinen Bezahlten geben, dass ich, sage ich mal, kündige und dann einfach wiederkomme, wenn ich wieder bereit bin, ne? Ja, klar. Aber ich denke mal, dass der Chef da ein bisschen Nachsicht haben wird, oder? Ja. Auf jeden Fall. Also wäre zumindest so das Menschliche. Ach du Scheiße, und ich habe jetzt jedes Mal Paranoia, wenn ich irgendwo ein Auto höre, ne? Sag ich dir auch ehrlich. Als ich die Polizei gehört habe, die ganzen Sirenen, da war ich schon so glücklich, ne? Nur als ich dann dachte, ey Digga, wenn die schon sich so trauen, ne, am Stadtpark mich mitzunehmen, stell dir vor, das alles ist geplant. Die wissen ganz genau, ich würde die Polizei rufen. Stell dir vor, die würden noch was mit dem Polizeibeamten anstellen und ich würde dann da alleine sein und die würden, weißt du? Ja, klar. So. Ja, aber die Polizei hat ja schon nach dir gesucht, irgendwie 10 Minuten später. Ja, aber das wusste er Ja, ja genau. nicht. Die haben, Ja. erstens wusste ich das nicht und zweitens, als ich ja da war, als ich gesagt habe, ich bin Danke, in der Nähe von der Mace Bank Medikiller. Arena. Gute ne? Nacht, schlaf gut.
Direkt, ey, ich schwöre, 7, 8 Polizeiwagen um die Macebank herum. Ich sagte, ich bin aber am Straßenrand. Direkt, die haben mich umzingelt. Ist einer ausgestiegen. Ich glaube, es war wirklich nur der Polizeichef, der ausgestiegen ist. Hat mich kontrolliert, alles. Hat dann gesagt, jetzt kannst du einsteigen. Bin ich mit denen direkt zum PD. Dann wurde ich nochmal kontrolliert. Und dann wurde ich verhört und ja. Das ist jetzt eine blöde Frage, aber hattest du noch was bei dir, was du nicht bei dir haben solltest? Nein, gar nichts. Okay. Immerhin das. Ja. Oh mein Gott. Und ich stand da, ich komm auch nicht ganz klar, ne? Ich bin nur froh, dass es dir gut geht, Ben. Ja, absolut. Mehr Ja, oder weniger. körperlich Ja. geht's mir gut. Ich dachte, ich sehe dich nie mehr. Ja. Das jetzt ist vorbei. Oh mein Gott. Der Polo kommt immer zurück. Schon nicht nur Witze, es ist mir lachen. Im Gegensatz zu den Autos, ne? Ja, genau. Die bleiben bei mir. Ach du Scheiße. Willst du dich hinlegen oder wieder wach bleiben? Bin gerade. Ich möchte jetzt nicht schlafen, weil ich ganz genau weiß, wenn ich jetzt schlafen gehe mit diesem Ja, klar. Schock, werde ich wahrscheinlich Albträume haben, die das Ganze widerspiegeln. Und ich dann einfach. Ich werde wahrscheinlich wirklich tagelang nicht schlafen können. Aber was ich mal sagen würde, ist, dass das jetzt erstmal unter uns bleibt, würde ich mal sagen, ne? Na klar, also von mir erfährt sowieso niemand was. Nicht, dass dann morgen im Stadtpark heißt, hier, ne, der und das und das. Gar kein Fall. Und auch der Herr Gerichtsmann da, ne? Ja, meine Lippen sind verschlossen, ne? Ist das okay, Ben? Ja. Okay. Ich dachte schon, jetzt muss ich im Ernst mal in echt dieses Lied spielen, ne? Ja. Da wäre ich, glaube ich, der Erste gewesen, der sagt. Ich hab's gesagt! Ja, das hast du gesagt, genau das. Ich hab zu Sophie gesagt, eigentlich sollte ich jetzt, ne? Ja. Aber es war dann zu krass und dann sagte ich, ja, aber genau du wärst der Erste. Ja, Ja. was uns zu holen. Das ist Ja, klar. ich wäre wirklich. Ja. Ach du Scheiße. Viel. Um die 5, 6, 700, ich weiß nicht, wie viel es mittlerweile sind. Hauptsache, die haben auch nicht mit mir Aber es ist wirklich ein gesprochen. Hardcore Als ich da war, Roleplay-Server. ich habe so gedacht, was wird gemacht mit mir? Was passiert jetzt mit mir? Ey, die haben nichts gelabert, dann haben die die haben irgendeine Sprache gelabert, die ich gar nicht verstanden habe. Haben irgendwie gelacht, dies, das und auf einmal war ich weg. Einfach, ich war Knockout. Ey. Oh. Und wie geht's, Ich bekomme deinem Kopf Aggression. jetzt? Ich bekomme Aggression. Ja, nee, mein Nacken ist halt nur. Wahrscheinlich, weil ich einfach nur hingeschmissen wurde, weißt du? Dass ich einfach mit dem Nacken so eine Stunde oder so dann einfach nur so komisch lag, ne? Also, wenn ihr einen Masseur könnt, dann. Ich brauche unbedingt einen Termin. Nee, ich würde vielleicht kurz mal ins MD fahren. Ja. Nur da massieren die bestimmt keine Leute. Was ist cringe? Miss Hochdeutsch. Sorry. Hauptsache, das ist Ja, alles, was was die da da machen. bekommst du vielleicht psychologische Hilfe oder so. Ja, oder auch Medikamente für den Ja. Kopf vielleicht. Ich weiß ja nicht, es kommt vielleicht noch, aber wenn du ausgenockt wurdest, hast du morgen früh bestimmt... Das ist das Einzige, was die da machen, ist dann, die sagen nur, yo, hier, Ibo 800 und das wären einmal $35. Nee, es gibt aber auch so Medikamente, die beim Schlafen helfen halt. Ja, die habe ich auch. Okay. Was? Ja, ist doch so. Ah, Mann. Also ich finde, wenn du in der Story drin bist, ist es eben auch nicht cringe im Vergleich zu vielen anderen Servern, weil es eben so hure ernst genommen wird. Und jetzt?
Ja. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Willst du wieder zum Stadtpark? Ich will nie wieder zum Stadtpark. Bin ich ganz ehrlich. Das, was passiert ist, das will ich nie wieder. Ich werde nie in mein Leben an dieser Stelle stehen, die ich da stand. Das verstehe ich. Ich meine, Niemals. Und ich will das auch nicht sehen. Wenn ich glaube, ich werde den größten Adrenalinkick meines Lebens kriegen, wenn ich dann Automaten bin und einfach meinen Kontostand checke oder was abhebe. Ich man werde den größten kommt. Adrenalinkick geben, weil wenn ich dann, besonders noch, wenn ich noch ein schnelles Auto höre, dann bin ich komplett, dann... Ja, aber ich sag dir, so geht's mir auch, ne? Wenn ich jetzt irgendwo, ich stand eben schon am PD und dann kam ein schwarzes Auto um die Ecke und ich dachte schon, ich bin der Nächste. Ja. Hey, mach's gut. Gute Nacht. Oder auch noch ein bisschen arbeiten. Ich bin einfach komplett durch. Also, ich hab das Leben durchgespielt, ja. Ohne Scheiß. Da erlebt hab, das ist unglaublich. Ja, wollen wir irgendwo noch ein Bierchen holen? Für mich, ich möchte keins. Okay. Wollen wir jetzt hier bleiben oder woanders hin? Wir können auch mal an den Pier oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, oder ich weiß nicht, ob du bei dir oben dich sicherer fühlst außerhalb der Stadt. Bei mir oben habe ich wenigstens da meine Leute um mich rum, ne? Ja, sonst können wir auch da noch am See chillen oder so. Also, wie du willst, ne? Ja, nur dann möchte ich halt eben, ich weiß nicht, wie lange bleibt ihr alle noch so wach? Ja, bestimmt noch so eine Stunde, anderthalb Ja, oder so. mindestens. Und Hans? Also ich nicht mehr allzu lange. Ja, ich auch nicht mehr so lang. Also maximal wäre ich sonst noch so eine halbe Stunde oder so, wäre ich noch da. Ja, dann... Aber dann ist auch höchste Zeit. Ich glaube, dann machen wir das einfach so, dass wir im Stadtpark, ne gar nicht, im PD fahren. Willst du mir deine Schlüssel geben, dann kann ich dein Auto holen. Da steht PD. Ah, steht am PD. Ja, ja. Ja, deswegen sag ich ja, dass wir jetzt zum PD fahren. Wie kam dein Auto dahin? Bin Ben gefahren. hat mich aufgegabelt. Die Polizei hat's... Ah, dann warst echt du das vorhin hinter mir. Ja, ja. Hey, ich hab gedacht, ich sind gesprengst, ne? Aber du bist doch noch abgebogen da. Ja, genau. Hey, ich dachte mir noch so, ist das Ben? Ja, ich Ja. dachte, ich rufe ihn halt dann doch nochmal an. Scheiße, Mann. Mann. Abgenommen. Ja, Weil die Polizei ist dann... Ja, die mit- Polizei ist ja auch noch da hinter uns gefahren, ne? Ja, genau. Die Streifenwagen sind auch noch gekommen. Die haben mich... Wie soll ich das sagen? Begleitet. Ja, begleitet, genau. Zum Stadtpark, weil ich gesagt habe, ich möchte da sehr gerne hin, weil eben mein Fahrzeug durchsteht und ich mich, sag ich mal, mein Fahrzeug sicherer fühle, als einfach draußen rumzusitzen. Ja, Ne? klar. Haben die gesagt, das ist kein Problem, nehmen mich mit. Der Polizeichef hat mich daneben hingefahren, hat mich dann abgelassen, hat dann mir noch erzählt, dass es immer im Leben Höhen und Tiefen gibt und dass man die Höhen, die man dann hatte, besonders schätzen soll und das, was ich für Höhepunkte erreicht habe in der kurzen Zeit, weil ich ihm erzählt habe, dass ich ein Auto habe und so, ne? Das viele Leute noch nicht haben und ich das einfach schätzen soll und er weiß, dass ich in Sicherheit bin und alles gut mit mir ist und ich soll einfach mein Leben jetzt weiter leben, das einfach ins Positive sehen, ne? Was vorgefallen ist und einfach weitermachen. Ich soll einfach nicht aufgeben, hat er zu mir gesagt. Hat er auch recht. So. Und da habe ich halt eben auch gesagt, dass ich da, sag ich mal, auch viele... ich hab's einfach ein bisschen ausgenutzt. Ich habe gesagt, ja, ich hätte da schon so ein paar Träume, ne, die ich da gerne in Erfüllung hätte. Jobtechnisch und so. Und man hat ja gesagt, dass
ich einfach mal eine Bewerbung schreiben soll. Wow. Ja, vielleicht wird's mal in Zukunft was, wenn ich mich mal bereits Mach's einfach. entschieden habe. Ich weiß es halt noch nicht, weil dort verliere ich halt sehr viele Freunde, ne? Wenn ich Ja, jetzt klar. irgendwo beim PD oder so arbeiten würde. Aber wahre Freunde bleiben, ne? Ich bin da, Junge. Ja, sicher. Egal, was du machst. Naja, fast egal. Egal. Wenn du keine Leute umbringst, ne? Warum soll ich die Leute umbringen? Das war Das ist schon hast du schon mal ein falsches Bild von mir. Mensch, ich meine, das wäre so die Aussage, wo ich sagen würde. Ja, ist schon okay. Du Okay. hast schon den Spruch verkackt. Ja, das. Wie gesagt, also. Ich muss mal schauen, was sich so die Zukunft ergibt, ne? Vielleicht. Ich werde jetzt wahrscheinlich, wie ich es jetzt denke, mal den Chef anrufen, dann das ein bisschen alles erklären und ihm sagen, ich brauche mal so eine Auszeit. Dann kriege ich eben Sozialhilfe und werde dann in dieser Zeit mal mir Gedanken drum machen, was ich jetzt einfach machen möchte. Vielleicht fällt mir noch irgendwas ein für eine Geschäftsidee, die noch keiner weiß. Dann mache ich halt eben 25 Seiten, mache dann eben, sag ich mal, meinen Businessplan und ne? Wäre dann erfolgreicher, hoffentlich Selbstunternehmer, dann sag ich mal ein Kleingewerbe und alles ist gut. Oder Ben? ja. Ben, ganz schlimm. Willst du kurz mal auf Toilette vielleicht? Ja. Stehst du Weswegen komisch? denn? Stehe ich komisch? Ja, oder krieg glaube ich wieder. Ich weiß nicht. Was denn? Was ist denn? Ja, du hast dich eben ein bisschen komisch angehört. Vielleicht hast du was im Hals. Oder ging's nur mir so? Okay. Bisschen Hustenwunsch oder so? Ja, wahrscheinlich. Sag mal was. Besser? Ja? Bis jetzt ja. Okay, wenn's wieder so sein sollte, dann gehe ich eben kurz auf Klo. Ja. Ach du Scheiße. Ja. Also wie war das jetzt mit dem PD? Was wolltest du jetzt machen? Ja, dass ich einfach. Nee, nicht wegen PD, dass ich einfach erstmal. Nein, ja, du wolltest auch dein Auto holen, meinte ich. Achso, ja, genau. Wir holen einfach meine Karre, dann, ich glaube Hans und Peter wollen dann jetzt schlafen gehen, dann holen wir meine Karre, fahren dann gemeinsam zu mir in eine Wohnung, ne? Ja, man probiert halt so Zeug bestmöglich. Und setzen uns wahrscheinlich in-game irgendwo am See. kannst du nicht sagen, oder hey, Junge, na, dieses Hauptsache Mikrofon irgendwo geht nicht, dann gemütlich. machst du alles kaputt. Hört sich gut an. Okay, bin dabei. Ja? Ja. Okay. Meine denn und die Dame. Wir hören uns morgen definitiv. Ich melde mich, Ja, bestimmt. Ja. sobald ich da bin. Okay. Alles klar. Und dann quatschen wir dann sonst nochmal. Okay. Jo, gute Nacht zusammen, ne? Haltet die Ohren steif. Gleichfalls. Gute Nacht, ihr Passt beiden. auf euch auf. Ja, sicher. Ja, aber auch. Ja. auch Immer doch. Genau. Ja, immer. Wir versuchen's. Wunderbar. Dann bis morgen, nicht? Jo. Bis morgen. morgen. Ciao. Ciao, Jo. Hans. Ciao, Peter. Ciao. Ja, dann gehen wir, ne? Jo. Einmal einsteigen. Wenn wir zu vorne hin? Hinten. Okay. Sophie, Ja? kannst du kurz mal das PT markieren im Navigationssystem? Ja, klar. Ja, klar. Bitte. Dankeschön. Ja. Bruno, Ja. kennst du diese Hustenbonbons aus der Schweiz? Ricola! Meinst Oh du mein die? Gott. Ja, genau das. Was denn? Diese Ben, Hustenbonbons. kennst du die nicht?
Ja doch, aber warum kommt jetzt drauf? Ich habe keine Ahnung. Weil du vorhin Halskratzen hattest, deswegen. Also, ja, okay. Hab ich gerade so nach, so Schweiz, Hustenbonbons. Ja. Ah, diese Stadt macht mich fertig, ne? Boah. Was war das? Das war... Ein Motorrad. Scheiße. So ein kleiner Roller. Ja, und das war ein fetter Kratzer. Oh, Mann. Das ist nicht vorne, das ist an der Seite. Vorne an der Seite hier, guck mal. Da. Hoch, über den Radkasten. Weißt du, ich spüre das an der Seite und ihr guckt vorne. Ja, ich dachte, es wäre vorne. Aber Nee. ganz ehrlich, ich sehe nichts. Ja, aber hier, ich sehe es auf jeden Fall Ja, ziemlich groß. ich auf jeden Fall. Okay. Ich Aber bei Siehst mir... du das von da drinne? Ja, Na egal. also bei mir ist halt echt hier vorne ein Kratzer, ne? Auch über dem Fenster, ne? Mal rausgucken. Bei mir ist halt hier vorne echt ein Kratzer drin. Fuck. Ach ja. Ja. Aber hast du egal. gesehen, mein Rücklicht geht dafür wieder. Hä? Ja. Was geht wieder? Mein Rücklicht. Ja. Ist klar. Naja. Ich habe gerade nicht momentan drauf geachtet. Kann ich jetzt auch gerade nicht sehen, aber Ja. ich hoffe, dass... Ja, ich frage mich schon, wie du den Kratzer eben sehen konntest. Ja, ich hab's gespürt. Ah, okay. Der Schlag kam ja von der Seite. Dann habe ich nur so ein Motorrad fliegen, so ein Roller fliegen sehen. Mhm. Als du den noch so angeditscht hast. Der parkt auf seinen scheiß Roller auf die Straße. Der war heute auch noch schon so, als ich gefahren bin. Ja, war Ja, vorhin man beim muss sich Hochgehen auf auch die so. Straße Ne? Ja, konzentrieren. ich bin nicht ich selber. Oh mein Gott! Jo, konzentrier dich mal bitte jetzt, ne? Junge, wie gesagt, ich habe was getrunken, ich habe was geraucht, ich bin seit 11 Stunden wach. Ich hab Und jetzt kommt noch ein Bus von hinten, willst du mich verarschen? Ja, ich frage mal ehrlich jetzt? Ja. Ja. Jetzt musst du sogar noch ein bisschen schneller fahren. Oh mein Gott, ich bin mein vorhin schon Herz. aus dem Auto geflüchtet, weil ich dachte, die uns hinterher von uns anhalten wollen. Ey. Ja. Boah, ich dachte gerade, ey, wenn du jetzt die Bull noch angerammt hättest, ne? Oh. Ey, Alter, erst wenn das sind die besten Kosten deines Lebens. Und zweitens, ja, wahrscheinlich dann wirst du noch eine Nacht irgendwo verbringen, ne? Oh, mein Herz, Mann. Ja, wenn die mich durchsuchen, ne? Wieso, was hast du eigentlich dabei? Nichts. Okay, alles klar. Oh ne, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ach du Scheiße, Mann. Wisst ihr eigentlich, ob die Alkoholtests machen hier? Keine Ahnung. kann ich Können nicht die. sagen. Oh, Können die. Scheiße. Wir können auch einen Drogentest machen. Scheiße. Tja, Drogen sind nicht gut. Ja, gut, Alkohol ist auch eine Droge, ne? Zigaretten auch, aber... Ja, aber legale Drogen. Ja, ist ja... Vegane Drogen. Vegan, oder was? Genau, vegane Drogen. Wo hast du denn deine Karre? Jetzt links. Ah, da links. Wieso den schicken M6? Oh ja, schön. Nee, ich überlege mir gerade echt den vielleicht irgendwie. Kann ich bei dir mitfahren? Ja, mir ist das egal, du kannst auch bei Bruno. Nee. Ja, Bruno, wir sehen uns dann bei mir zu Hause, ne? Ja, ich hoffe, ich komme gut an, ne? Ja, bestimmt. Fahr nicht zu schnell, bitte. Ja, Sonst finde ich das wieder nicht. Okay. Fahr nicht so schnell, ne?
startet er so, es kommt gut. Man hört halt einfach die Tastatur. Das ist eigentlich das Einzige, was mich stört. Also ich rede jetzt von den anderen. Ja, Mini hört man sicher auch, weil Mini ist verdammt laut, aber die sollten eigentlich nur dir hören, weil ich ja noch einen Filter drin im Teamspeak, also die sollte man eigentlich in-game nicht hören. Und bei den anderen hört man halt manchmal ein bisschen Mausklicken und Tastatur und so, das ist ein bisschen schade. Also es kann sein, dass man Mini hört zwischen, ich weiß es nicht. Ich hoffe es jetzt mal nicht. Und ja, es ist echt geil auf dem Server, wie alles gemacht ist. Haben die jetzt noch nicht gehört? Ja gut, du weißt ja nicht, wie ich bei den anderen töne. Du hörst ja nur, du hörst ja anderen Sound als sie. Gut, wenn du hier schon nicht hörst, dann ist eigentlich okay, dann sollte man so in-game nicht hören. Weil ja, eben nochmal zusätzliche Filter drauf. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass ich ein bisschen dumpf bin. Vom Mikrofon her. Wegen der Effekte. Habe ich manchmal, wenn ich im Nachhinein die Videos schaue, auch bei anderen, habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen dumpf töne. Aber dafür hört man eben zum Beispiel der Ventilator da am Boden, der voll auf mich bläst, nein, nicht. Alter, meine Augen, es ist langsam aber sicher zu viel PC. Weil vorhin den Roller, ich habe ihn nicht gesehen. No joke. Und jetzt, wow. Oh mein Gott. Ich baue heute safe noch einen Unfall. Oh! Ich muss langsamer fahren, ich sehe es nicht mehr. Wir sind jetzt seit 11 Stunden im Streamen. Es freut mich, was dir gefällt. Geht mir eben auch so. Aber irgendwann bist du am Anschlag, so körperlich. Darum, wie gesagt, bei 50 Abos gibt es einen 24-Stunder. Warum sage ich so Zeug? Ich hasse mich. Ah, Mann. Gut, das schafft ihr eh nicht. Ja, ich hoffe, es geht noch ein bisschen weiter. Wenn der Bruno keinen Scheiß baut und keine Lücken einsacken, dann geht es noch ein bisschen weiter. Hey, aber ich muss ein bisschen aufpassen mit Fahren, weil ich habe keinen Bock auf tot sein. Ui, das hat ihr gesagt, warte nur ab. Ja, ich bereue es meistens, wenn ich die Schnur aufreisse. Aber 50 Abos ist schon viel. Nein, Malo, mach keinen Scheiß. Ruhe ist ja zum Glück, glaub ich, nicht mehr da. Also es heisst zum Glück nicht, dass ich es nicht würde schätzen oder so, aber... Wenn nicht das erste Mal, wenn er so etwas macht. Ja, eben. Darum sage ich es ja. Ah, wegen... Aha, okay. Jo. Jo. Ja, wie gesagt, also wir können bei mir jetzt hier vorne am See hinsetzen oder ich weiß es nicht. Ja, aber weißt du was, hat's nicht da hinten irgendwo noch einen 24-Stunden-Job? Ja, gibt es. Ich hol mir jetzt da noch was zu trinken. Ich brauche jetzt ein Bierchen, so leid es mir tut. Ja. Wollt ihr auch was? Nein, danke. Okay. Seid ihr gleich da vorne? Ja, ich will, ja. Wir gehen gleich da. Okay. Ja. Was ist genau da vorne um die Ecke? Also kann ich da zu Fuß hin oder? Theoretisch schon, aber dauert halt ein bisschen, ne? Ja, komm, ich fahr. Ich bin faul.
Soll ich es über beim Navi eingeben? Ja, Oder was? kannst du. So. Also. Der Laden. Okay. Dann. Ja, bis gleich, ne? Lass uns erstmal vorbeilaufen. Ja, er ist halt jetzt nicht mehr der gleich wie vorher. Aber er spielt's geil, muss ich sagen. Ist wirklich, also die Leute, bis jetzt alle auf dem Server, wo ich mit ihnen gegamet habe, echt krasses RP. Und es war jetzt wieder genau so ein Abend, wo ich gedacht habe, ob es vielleicht besser wäre, ohne Camp zu spielen. Weil man einfach noch mehr in das RP-Feeling reinkommt und in den Film eintaucht. Weil meine Hackfresse da euch so ein bisschen rausnimmt. Es ist eben dann noch mehr wie ein Film, wenn ich nicht da bin. Oder wie seht ihr das so? Nächster Stream ohne Cam, mit Cam. Ja, aber ich finde deine Reaktion eben auch geil und das Interagieren mit dem Chat finde ich mit Cam authentischer. Ja, das ist so. Ich muss schauen, vielleicht tue ich mir mal so ein Elgato Stream Deck noch zu suchen. Dass ich heute per einen Knopfdruck schnell kann Cam einschalten kann, wenn ich mit euch rede und auch bei anderen Situationen wieder heute ausschalten kann. Apropos Elgato, ich habe heute tatsächlich ein E-Mail bekommen, dass meine Lampe jetzt auf dem Weg ist zu mir. Wo ich genau heute vor 3 Monaten habe ich sie bestellt. Kuss geht aus am Microspot an dieser Stelle. So, weiss ich, der Bier da. Hier. Habe ich überhaupt noch Geld? Ja, 1 Cent, wow. So. Ja, wie viel Geld brauchen wir noch? 5. Mal wieder einkaufen für daheim. Daheim sind sie auch alles ausgeräumt. Wo haben die jetzt Bier, Mann? Hier. Alkoholfreies Bier. Was ist das? Traubensaft. Slush-Eis. Wasser haben wir im Kofferraum. Ja, Bier. Kaufen wir mal ein paar rein noch für daheim. Aha. Und dann hat der Kendrick wieder vorzauft, sicher. Ja, habe ich gesehen. Auf Insta, ja genau. Stimmt, habe ich gepostet. Es ist zu lang her. Weil Malo ist beste Mod. Ja, YouTube wäre auch noch rum. Das kommt jetzt sicher auch gut. Soll ich nicht den Malo kennen? Ja, voilà, daheim ist schon. Da kann man gegen die ganzen Streams nachschauen, wenn man mal etwas verpasst hat. Ah, hey, mein Ohr tut langsam weh. Hier vom Cap irgendwie. Aua. Oder vom Headset irgendwie etwas drückt mir. Ah, das ist ganz... Sieht man etwas? Ist das schon rot hier? Hilfe! Glatze! Das muss ich halt doch ein bisschen so... Nochmal hier. So! Glatze am Start! So, jetzt müssen wir da hören, weil noch mehr Bier können wir ja auch nicht tragen. Müssen wir noch ein bisschen realistisch bleiben. Ja, ich habe eigentlich immer ein Cap an. Seit ich geboren bin. Das Lustigste ist, ich habe letztes Mal in einem Vlog und in einem YouTube-Insta-Video habe ich mich mal so gezeigt. Und dann habe ich, oh was, du hast eine Glatze, warum machst du dir eine Glatze und bla 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 bla. Und dann denke ich mir so, hey,
Leute, ich schneide mir seit... Ich weiss nicht, wenn ich das letzte Mal im Coiffeur war, schneide ich immer eine Glatze. Ich lasse meine Haare wachsen, schneide mir wieder eine Glatze. Da haben es alle nur noch nie gemerkt, weil ich immer ein Cap anhabe. So. Vor allem das Headset, das noch drückt. Ja, nein, es ist wirklich irgendwie... Aber es ist nur mein Tor. So hier und dann drückt das Cap so und dann das Headset drauf und irgendwie ganz, ganz komisch. Jetzt haben wir noch Hunger. Toll. Wenn wir schon mal hier sind, wie viel Geld haben wir jetzt noch? $14, dann haben wir noch etwas zu essen mitkommen. Ja, zwar im Auto noch. Was hat es da hier noch? Ein Sandwich. Aber hier ist es gleich teuer wie unten. So. Digi, scheiß drauf, was andere sagen. Nein, es geht mir nicht um das. Ich sage nur, sie sind alle so erstaunt, dass ich mir eine Glatze schneide. Dabei mache ich das seit und je. Sie haben es nur noch nie gemerkt, weil sie mich nie ohne Cap gesehen. Ja, wieso nicht? Scheißegal, sieht nicht schlecht aus. Aber da siehst du nur, wie sich die Leute schon ein Bild von dir machen. Ja, aber es ist halt, man kennt mich nicht ohne Cap. Also wirklich, seit ich kann laufen. Und darum, es fällt nie auf, ich meine. Weißt du, was ich meine? So merkst du nicht, wie kurz ich meine Haare schneide. Hey, aber mein Ohr tut weh, Mann. Vielleicht so besser. Oder mal das Headset wechseln, ich hätte irgendwas anderes. Irgendwo. Das ist aber nur noch schlimmer. Komm. Und mit der Zeit ist halt ganz ehrlich, in einem gewissen Alter, wenn du das Leben lang ein Cap an hast, erst recht, der kommt halt auch nicht mehr viel mehr als ja. Aber da kann ich leben damit, alles gut. So, packen wir die Bierchen mal in den Kofferraum. Okay. 3 Bier nehmen wir mal in den Sack. Gut. Aber nur die Handy-Kopfhörer, ne. Nein, ich habe tatsächlich noch 2 oder 3 andere Headsets, so. Aber es ist eben alles so. Also ich habe eins das DJ-Headset. Aber das ist auch nicht gemacht dafür, länger anzuhaben. Das hat andere Qualitäten. Das da ist ein ganz billiges Geschwür. Und dann habe ich noch ein anderes ganz billiges Geschwür. Vielleicht sollte ich mir dort auch mal ein bisschen Geld investieren, aber ich glaube, das hat eigentlich nichts mit dem zu tun. Ja, eh. Nein, und mit diesen Huren In-Ear kann ich da auch gar nichts anfangen. Also mir irgendetwas in die Ohren reinzustopfen, das hasse ich. Bin mal weg, gute Nacht zusammen, sollte mal schlafen, bis gleich. Hey, merci viel mal. Merci, bist du dabei gewesen, schlaf gut. Und bis zum nächsten Mal. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo durch. Ah, okay. Uff, ich verstehe nichts, aber ist nicht schlimm. Ja, ist gleich wieder vorbei. Ja, wo sind die denn jetzt? Meine Augen langsam.
Ja, und vor allem, das Schlimme ist, ich kann auch auf Hochdeutsch versuchen zu sprechen. Das Schlimme ist auch, ne, meine Augen langsam. Meine Ohren, meine Augen, aber ich habe trotzdem Bock weiter zu zocken. Ich konnte das durchgehend machen. Ach, scheiße. Ach, da vorne sind die, ne? Aber weißt du was? Komm. Schau noch meine Karren. Ja, genau so ist es, Malo. Genau so ist es. So, und ich sage nicht, was der Bruno jetzt noch macht. So, jetzt heute Morgen angefangen, so wird es zu Ende. Also heute im Nami. Nackig. Hey, na? Hast du jetzt erst noch eine Badehose angezogen? Jupp, ich gehe jetzt baden. Okay. Also Bruno, mal eine andere Frage nochmal. Ja. Warum hast du eigentlich nicht gleich das PD gerufen? Was? Warum du nicht gleich das PD gerufen hast? Ja, weil ich erstmal geschockt war. Achso, okay. Und ich dachte, das kann ja auch die Polizei sein, ne? Ich wollte erstmal mit dir reden. Okay. Alles gut. Ja, ich wollte nur mal fragen. Ich hab mich gerade so gefragt. Sag mal, Ben. Ja. Kann ich dir kurz meine Cap anvertrauen? Ja, klar, natürlich. Ich würde Ben mein Leben anvertrauen. Und hier nimmer. Hast du? Jo, hab ich. Okay. Nur in meinen Augen hast du doch die Cap. Also ich hab deine Cap. Du hast aber meine Cap, okay. Das. Ja. Ja. Nur. Ja. Ich geh mal kurz schwimmen, ich muss den Kopf frei kriegen. Jo, mach das. Alles klar. Ah, scheiße. Mein Handy. Mein Handy und die Papiere. Ja, okay. So. Ich habe mir Angst beim Tauchen, sie nicht mehr raufkommen.
Ja, meinen auch. Besser. Ben, ich glaube, deine Hose wird nass. Ganz dezent. Was? Hab ich dich voll. Hab ich dich angetroffen? Ja, ein bisschen. Ich sehe es Entschuldigung. selber Ah ne, das Wasser kommt hoch, ne? Also. Ja. Ich will Ich habe jetzt keine Badehose, ne? Egal. Obwohl. Moment, Aber warte mal, ich guck mal, ich habe bestimmt welche. Sonst, ich habe auch. Ja. Ja, sie hocken halt im Wasser. Dann wird man nass. Stell dir auch vor. Das wäre das, was ich jetzt so brauche. Mal eine kalte Dusche. Und dann Müdigkeit geht, aber meine Augen die wirklich langsam vom Bildschirm. Meine Mami würde sagen, du bekommst viereckige Augen. Eins, zwei, drei, vier, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, Wo ist Sophie? 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 Ben? Ben? Ja? Siehst du Sophie irgendwo? Nö. Ach du Scheiße, Mann, was ist jetzt los? Warte mal. Soll ich dir mal eben ganz kurz noch die Cap geben? Deine? Ja, gerne, komm. Ja. Ja. Danke. Weil dann ist jetzt hier reingesprungen einfach? Ja, wir waren baden und ich bin eben war sie noch da. Ich bin jetzt kurz rausgegangen, ich habe ein paar Liegestützen gemacht, ich muss mich irgendwie auspowern und jetzt ist sie weg. Malo, kannst du Mina kurz erklären, wie es funktioniert? Sophie! Sophie! Hey, vielen Dank. Dankeschön. Merci für die 5 Beats. Dankeschön. Sophie! Ben? Ach du
Du Scheiße, Mann. Das gibt's doch nicht. Ben? Sophie? So, vielleicht hier nicht so mögen wir morgen um 4 Uhr. Halb 4 Uhr. Jo! Oh. Ben? Ja. Hast du sie gesehen? Nö. Scheiße. Ja, wo ist die denn? Ich hab keine Ahnung. Aber ich muss langsam mal raus. Ich hab keine Power mehr. Da drüben, warte. Komm mit. Sophie! Sophie! Oh. Sophie! Ja. Ah, da bist du. Jetzt hab ich schon. Ey. Was denn? Boah, ich hab dich nirgends mehr gesehen, ne? Hallo. Nee. Ja. Ich bin nur ein Stückchen weiter geschwommen, bin fast bis rüber geschwommen. Oh. Ja, Und ich genau. hatte Panik. Ja. Warum? Ja, warum wohl? Ich bin eine gute Schwimmerin. Ja, ja, ich weiß, aber wenn ich dich nicht mehr Was soll sehe. das heißen? Ich muss raus hier kurz. Echt, ich kann nicht mehr. Oh. Merci vielmal für die 15 Beats. Dankeschön für die 15 Bits. Aber hört auf jetzt. Dankeschön. Oh. Ja, Bruno ist Schweizer. Bei der Temperatur schmeißt er einen Grill an. Oh. Oh. Geht's? Ja, geht. Habt ihr mich gesucht oder was? Ja, ich war eben draußen und habe ein paar Liegestützen gemacht, um mich auszupowern. Und als ich wieder ins Wasser ging, warst du nirgends mehr, ne? Ja, wie gesagt, ich bin relativ weit rüber geschwommen und dann wieder zurück. Okay. Hab große Bahn gemacht. Boah, ich dachte schon, jetzt kommt das nächste Drama. Nee, nein. Ich kann besser schwimmen, als ich Leitern klettern kann. Ach du Scheiße. Ah. Ich meine, vorhin bin ich auch nicht die Leiter runtergefallen. Sag mal, Ben, sitzt du auf meinem Handy da? Nee, okay. Ja, ich habe mir schon Sorgen gemacht, weil sonst hätte ich das, glaube ich, schon gespürt. Okay. Mhm. So, will jetzt sonst auch jemand ein Bierchen? Ja. Nee, danke. Okay. Ja. Vielen Dank für die Bits, wirklich. Herr oder Frau Anonym. Hey, eines Tages fange ich an und importiere anständiges Bier hier, ne? Wenn das machst, dann am besten polnisches. Nee, Schweizer. Ist auch okay, aber polnisches ist besser. Okay, ja, Hauptsache nicht diese Pisswasser-Scheiße. Ja, genau. Guck mal, Ben, mein neues Oberteil. Ja. Das Was ist eigentlich doch ultra hässlich. hässlich ist. Ja, genau. Das hat Bruno vorhin auch schon gesagt. Ich hab das so bei den Mexikanern so gesagt. Ja, ich auch. Ja, ich wollte höflich sein. Ah, so geil. Hat hier irgendwo einen Abfalleimer? Nee. Nee, egal. Ja, scheißegal, komm. Ist eh alles voll. Ja. Oh, was ich heute rauche, ne? Meine Nerven. Ja. Das war dann heute, was ist das, meine dritte oder vierte, glaube ich, insgesamt, seit ich hier bin. Ich wollte meine dritte oder vierte Zigarette geraucht, seitdem ich insgesamt hier bin. Ich hab schon irgendwann aufgehört zu zählen. Was bei dir selber? Hä? Bei dir selber?
Also ich sag mal so, ne, ich habe heute Nachmittag eine Packung gekauft und ich habe jetzt noch 2. Sag ich doch. Was rauchst du Ne, so jetzt, viel? jetzt fang nicht wieder an. Komm, Ja. los. Nee, das wäre schon das. Ich habe schon mit. Ist ja scheißegal, ey. Ja, man weiß halt nicht, wer er sie ist, spendet. Und nur- Bruno, wann bist du morgen wieder startklar? Hey, keine Ahnung. Erstmal ausschlafen, ne? Fühl ich. War ein langer Tag. Ja. Nee, ich werde. Und du? Ja, ich habe viel um die Ohren. Keine Ahnung, ich glaube, ich verkaufe mal meine Karre, dann mache ich meine Schulden da weg. Diese 1,5, die ich da hab, ne? Die ich noch hab. Helper habe ich jetzt, ich habe schon viel abbezahlt. Mal verkaufe ich die Karre, mach die Hey, Schulden vielen, vielen weg. Dank, Aimbot. Gute Von Nacht, dem schlaf Geld, schön. ich lasse mir dann wenigstens nichts einreden. Ich will keinen Kredit aufnehmen oder sonst was. Ich spare mein eigenes. Ja, wir, und- wir ziehen das mit dem Konzert durch. Ja, genau. Zum Beispiel, ne? Ja, das und dann vielleicht noch, keine Ahnung, noch selbstständig. Dann mache ich noch ein Kleingewerbe auf. Das heißt, ich darf dann halt noch nebenbei Sozialhilfe führen, ne? Habe ich recht? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da überhaupt ja, nicht mit auf. Kleingewerbe schon. Ja. So, im Kleingewerbe kann man ja auch schon Das nennt echt sich viel. dann Unternehmenshilfe. Ah. Okay. Und die ist gleich hoch wie Sozialhilfe? Okay. Ja. Schade. Da. Ja, eigentlich wäre es realistischer, wenn es weniger ist, weil du ja eh schon was hast, wo du Geld verdienst, ne? Ja, kommt drauf an. In der Schweiz gewisse Gewerbe werden halt schon stärker unterstützt, ne? Ja? Ja. Weiß es ja nicht. Ich sag mal so, die groß gelobten, weltbekannten Schweizer Banken, die man überall kennt, die werden immer wieder gerettet, ne, wenn sie Scheiße bauen. Ja. Ich sag mal so, eine Schweizer Bank geht nicht pleite. Ja. Und das ist bestimmt mehr, als jeder Sozialhilfeempfänger bekommt. Definitiv. Ah, ja. Aber ich darf ja nicht mehr über Geld meckern. Mhm. Nein. Es Wie ist war einfach- das mit 30.000 bist du Nein. nicht mal reich? Ja, nee. Ich Ja. glaube, da hat Bruno das wieder jetzt so aufgenommen. Nee, ich weiß, was du meintest. Alles gut, alles Ja. gut. Ich glaube, wir haben schon darüber gesprochen, Ja. nur. Und bei mir, du weißt, was ich eben noch sagen wollte, bevor das alles passiert ist. Das war ja genau da. Was ich noch sagen wollte, ist, es gehört halt bei mir noch ein bisschen dazu, ne? Ist halt, wie soll ich sagen, Teil des Geschäfts. Ich ziehe mir auch immer wieder denselben alten Pullover an. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Sehe schon. Weil wenn ich da mit dem Washington vorfahre und eine Rolex trage, dann spendet mir keiner mehr was. Das stimmt. Deswegen frage ich mich, weißt du, und es ist einfach so, dann sagst du noch zu mir, yo, ich frag mal, wie teuer so eine Platinkette kostet. Ich so, Alter, nicht was, ich kann mir eine Platinkette leisten und der Typ will sich eine Platinkette holen. Ja, aber das Echt ist... jetzt? Oh nee, Mann. nee, das ist echt nur interessenshalber. Ja. Weil ich klar. irgendwann mal, weißt du, ich kaufe mir lieber, wenn ich das Geld dann vielleicht mal habe, dann kaufe ich mir lieber Schmuck und Uhren, das habe ich in der Schweiz gelernt. Ja, genau. Und aber das, dann ist das safe, als, weißt du, wie ich meine? ja, genau. Als Aber Wertanlage damit halt. Genau, aber das ist hier nicht so. Ja, Hier ich hat man weiß, das aber... nicht. Wenn du eine Uhr für 1, 2 kaufst, wirst du es dann wahrscheinlich für 900 verkaufen. Ja, okay. Aber es ist halt auch irgendwie ein bisschen trotzdem von den Steuern befreit, ne? Ich weiß ja nicht, Ja, wie das ja, da klar. hier läuft. Ich glaube, hier sind noch gar keine, ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hoffentlich bleibt das auch so. Ja, ich habe auch nicht, ich bin auch nicht angemeldet, ne, als Musiker. Ich mache einfach. Ja, das stimmt. Und deshalb ich versuche alles irgendwie zu verstecken, was reinkommt, ne? Aus Erfahrung. Das ist der Schweizer in mir. Ja. Ja.
Habt ihr ein paar Ideen, als was ich hier ein Business machen kann? Ja, Keine du Ahnung. sagtest doch, du willst zu den Cops. Ja, aber... Dann mach's doch einfach. Ich mein, ich verliere echt viele Freunde dadurch und viele Kontakte, ne, wenn ich da hingehe. Ja, dann scheiß drauf. Aber ganz ehrlich, wie wichtig sind die jetzt? Also Entschuldigung, wer nicht hinter dir steht, egal was du machst, der ist nicht dein Freund, ne? Ja, das ist echt so. Ich habe so oft diesen Spruch, sogar ich selber habe immer diesen Spruch gesagt, aber ey, ohne Scheiß, ne? Ich verliere wirklich 70% von meinem ganzen Kontaktbuch, den ich dann hab, ne? Du findest aber auch neue Freunde dann. Ja, erstens das und zweitens, ich weiß nicht, wie viel so ein Bulle verdient. Weißt du, damit ich sagen kann, yo, ey, weißt du was, ich lasse alles stehen, auch so die illegalen Sachen, ne? So, ich lasse alles stehen, gehe dann zu dem Bullen und verdiene halt dann genauso viel, aber legal. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Weil ich mache schon ohne Scheiß mal so viel Profit am Tag oder auch über Wochen. Ich will ja, dass sie jetzt nicht alles verlieren, nur weil ich dann einen Traumberuf habe. So. Ja, klar. Wie gesagt, aber also... ich sag dir jetzt... Ja, aber was ist dir wichtiger? Exakt. Es ist halt... Entweder bist du glücklich und machst, was du willst, oder... Ja, was... Also klar, das von mir zu hören klingt jetzt komisch, aber ich würde auch Musik machen, wenn es kein Geld gibt, ne? Ja, klar, das ist halt eben dein Leben, ne, Musik, ne? Ja, und wenn du gerne Polizist wärst, dann mach das. Und ich denke, so schlecht bezahlt kann es nicht sein, wenn mir da jemand eine Karre schenkt, ne? Ja, das stimmt Und echt. ich bekomme nirgends so viel, wie wenn ich vorm PD stehe. Und das sind meistens Polizisten. Oder Anwälte halt. Ich hätte echt wirklich... Boah... Soll ich es wenigstens versuchen und mich dort bewerben? Ja, versuch's doch. Ja. Hast du irgendwelche Vorstrafen oder so? Dass ich zu schnell Auto gefahren bin. Ja gut, das ist ja nichts Tragisches, ne? Ja. Also das war ja noch im Polizist- Bußgeldverfahren, oder? Ja, nur ich hatte das Geld nicht dabei, da musste ich sitzen. Aber der hat aber gesagt, das wird sogar am wenigsten zum Verhängnis. Nee, gar nicht. Ich habe zwei. Einmal wurde ich gecatcht. Einmal, weil ich zu schnell gefahren bin und dann noch, also genau dann, wo die mich kontrolliert haben, haben die bei mir noch ein Messer gefunden, was illegal war. Dann habe ich ihn gefragt, so, was ist so das Schlimmste? Die haben gesagt, das Schnellfahren. Ich so, hä, warum? Hat er gesagt, selbst die Polizisten haben in der Freizeit ihre illegalen Messer. So, das zu haben ist gar nicht schlimm, eventuell, weil jeder hier mit einem Messer rumläuft. Und ob jetzt mehr Klingenlänge oder nicht, wenn jemand abgestochen wird, ist es lebensbedrohlich. Ja, so, ne? Richtig. Und dann hat er gesagt, am meisten wird es Verhängnis mit dem Schnellfahren, weil wenn ich mich zum Beispiel beim MD bewerben möchte ich ja Leben retten und nicht Leben nehmen. Ja, weißt klar. du? Weil wenn ich halt irgendwie mit 117 mph wie letztes Mal vom Duell gefahren bin, ja, und die mich dann gecatcht haben, war halt natürlich dann eine andere Sache, ne? Ja, Ich kann klar. das wieder versuchen. Ja, versuch's einfach. Und wenn es dann nicht klappt, weiß ich ganz genau, dass ich dann so depressiv fall, weil es ein Traum ist von mir. Ja. Und wenn ich den dann nicht schaffe, bin ich halt weg, weißt du? Weil momentan lasse ich mich noch so schwanken, damit ich kein gutes und kein schlechtes Gefühl habe. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. So, weil wenn ich weiß, ich habe die Bewerbung geschickt und ich bekomme eine E-Mail und die sagen, leider müssen wir ihre Bewerbung abnehmen wegen ihren Vorstrafen, dann fällt's bei mir, ne? Dann bin ich so weg, dann geht's halt nicht höher, weil das ist mein Traum. Ich will unbedingt, sag ich mal, dann derjenige sein, der sich am Gürtel fasst und sagt, Digga, was hab ich für ein geiles Leben, ne? Ja, klar. So. Der dann in so einem Streifenwagen sitzt und sagt, yo, ich will hier mal den Staat mal ordentlich auf die Sprünge helfen, weißt du? Mhm. Der dann, wenn er so Mittagspause hat, zu Bruno kommt, den ihm mal ein bisschen Taschengeld gibt. Wenn er mir mal so einen Schweizer Song singt. Nee, es ist einfach so. Es war wirklich ein Traum, wo ich dann einfach da bin oder öfters im Außendienst tätig bin und mich hocharbeiten kann. Das wären alles Träume, aber die wahren Träume, die in Erfüllung gehen, sieht man halt nur in den Sternen, ne? Ja, klar. So.
Halt eben schwierig, ne? Aber denkst du, du wärst dann einer, der trotz meiner beruflichen Aber noch warte Tätigkeit mal. nicht mir noch weiterhin abhängen würde? Ja klar, keine Frage. Ich mache ja nichts Böses, ne? Ja. Und ob du jetzt Cop bist oder Oberstaatsanwalt, ist mir scheißegal. Du bist für mich bist du Ben, ne? Also solange du nicht anfängst, dann Privat und Beruf, weißt du? Du musst halt für dich dann auch trennen, ne? Klar. Also ich meine, wenn du mich als Officer triffst, dann bist du Officer. Ja. Und wenn du mich privat triffst, dann bist du Privater. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich, klar. Ich. Und das, für mich ist das kein Problem. Also ich meine, wenn ich dich als Officer treffe, dann mache ich dann auch nicht auf, hey Junge, komm mal hier, einen rauchen, bla bla bla. Weißt du, wie ich meine? Dann bist du ein Officer. Ja. Ja, nur Freizeit ist halt eben Freizeit, ne? Das heißt ja nicht, dass ich dann immer noch... Ja, nee, ich sage ja, aber wenn du mich jetzt im Dienst triffst, Ja. dann machst du deinen Job. Punkt. Ja, klar. Was anderes kann ich ja auch nicht erwarten, ne? Das ist normal. Aber ich frage mich halt echt, ob es noch andere Möglichkeiten gäbe. Welche dann? Vielleicht was mit all deinen Kontakten, ne? Vielleicht irgendwie als Privatdetektiv. So richtig mit Kanzlei und allem, weißt du? So ja, aber offiziell, ich weiß halt nicht. Ja, genau. Aber der geht ja noch auf, ne? Ah, da gibt schon jemanden. Ja. Ah, okay. Habe ich selber gedacht. Ah, scheiße. Und dann versuch's bei den Cops. Ganz ehrlich. Guten Morgen, Lokito. Ich werde es auf jeden Fall machen. Ich habe da mal eine schicke Bewerbung. Gutes. Ja, das klappt schon. Ich glaube an dich, Junge. Ja, danke dir. Ich hoffe, die drücken mir ein Auge zu wegen dem ganzen Scheiß. Ja, und sonst hast du es zumindest versucht, ne? Ja. Warte mal. Haben die ja noch. Also. Ist noch Ich früh. will jetzt hier nicht Gesetzeslage gucken. Mein Körper will pennen, aber mein Kopf sagt, du hast genug schlafen. Ja, ne? Bei mir ist es umgekehrt. Mein Ja. Körper will auch pennen und mein Kopf sagt, Telefonnummer. ich will geben. Boah, in 8 Minuten haben wir es geschafft, Leute. Ja, 8 Minuten. Aber ich glaube, ich höre nicht sofort auf. Ich habe noch ein bisschen Bock. Wer ist noch am Streamen von Lucky V? Nur der, wo mir geschrieben hast, Malo. Und ich muss... ist halt eben nur jetzt so eine Sache, ne? Soll ich dann... Was? Wie soll ich denn die Bewerbung schreiben? Einfach ganz normal, wie man einfach eine Bewerbung schreibt, ne? Ja, Das muss man nicht irgendwie jetzt nicht ändern, weil man jetzt hier eine Bewerbung als Polizist, ne? Nee, ich denke ganz normal. Keine Ahnung. Okay, ja, das ist gut. Nein, ich glaube aber der Evil Ernie hat mich sogar letztes Mal auch gehostet und geradet. Wenn ich mich nicht täusche. Das ist glaube ich ein Cop, oder? Ja, nein, das ist schon gut. Das passt. Ich habe dir noch etwas geschickt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Weil es ist besser zum Kommunizieren. Weil das andere, ich muss dir noch etwas erzählen. Ich schicke dir jetzt auch etwas. Nein, Lokito! Bitte nicht, fang nicht an. Du hast schon genug geschickt heute. Wo ist die andere? Ist die schon wieder kaputt, oder? Was macht die? Die hat dauernd irgendwie Probleme im PC, ja.
Schreibst du jetzt gerade eine Bewerbung? Ja, ja, so ein bisschen, warum? Ja, nur so. Was kann man sich speichern, wenn ich jetzt gleich noch schlafen? Ja, alles gut. Ich habe nur gefragt. Warum, weil ich halt dann ganz an mein Handy starre? Ja, ich habe schon gedacht, schaust dir irgendwelche Schmuddelfilme an. Nee. Brauche ich nicht. Wo ist eigentlich Sophie schon wieder? Ja, schwimmen gegangen. Ja. Jetzt gehe ich nicht mehr gucken. Es ist einfach so, Ja. Mein Ohr, Mann. Halt ein bisschen kritisch. Man schreibt das Ganze hier auf dem Handy, ne? Mhm. Aber man kann es nicht so schön machen mit oben rechts, wo man wohnt. Dann, Also, weißt du, was ich meine? Schreibst du Also, denn eine SMS oder was? Ja, man muss, also wie heißen Sie? Da muss man so eine Leiste schreiben. Dann Abteilung, Betreff, Telefonnummer, Ihr Anliegen und dann bestätigen. Okay, und da schreibt So. man die Bewerbung rein. Ja, genau. Hier steht dann Abteilung, Bewerbung. Okay. So. Und dann Betreff, dann wahrscheinlich, ne? Dann wegen Police Department, dann Telefonnummer, meine Telefonnummer dann und dann Anliegen. So, aber ich kann nicht dann das so schön gestalten. Dann Ja, muss ich ich einfach weiß, nur was du schreiben, meinst. dann muss dann bei Betreff Bewerbung als Polizeibeamter in Los Santos. So, und dann ihr Anliegen, dann muss ich ja direkt den Text schreiben. Ich kann es aber nicht so schön verfassen mit Datum, weißt du? Ja, klar. Das kann ich hier nicht. Ah. Ja, aber dann kannst du ja nichts für, ne? Das wird für alle gleich sein. Ja, stimmt. Nur ich glaube am Anfang, wo es gar keine richtigen, wo es noch nur den Chef gab, hat er bestimmt nicht sowas gemacht. Weißt du? Ja, klar. Und was hast du mit dem Chef gesprochen? Nein, der war auch wach im Dienst und hat gesucht nach mir. Okay. War das eine, also Weil es ja wie eine hieß große der? Aktion war. Weiß oder so, glaube ich. Okay. Krass. Ich habe absolut keine Ahnung, ne? Was der war, aber. Okay. Ah gut, da bin ich beruhigt. Ja, fick die Lokito. Guten Morgen. Warte schnell. Kann ich das zeigen? So ein Sack. So, 2 Minuten. Und dann muss ich mal aufs WC. Warte noch mal, Lokito. Wie viel schauen eigentlich noch zu? Eieiei. Das um die Zeit. Spinnet doch. Oh Gott. Lokito. Lass jetzt, ich habe für dich extra etwas vorbereitet. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast. Weißt du, was ich mache? Was denn? Oh, ist Sophie jetzt da? Ja, hallo? Ja, okay, wusste ich nicht. So. Überraschung. Warte mal, wo war das jetzt? Nein. Oh,
wie hieß das jetzt? Nein. So. Ich habe jetzt eine Bewerbung. Merci Lokito, merci viel mal, aber hör auf, bitte. Bitte hör auf. Das machen wir nicht noch komplett fertig nach 12 Stunden. So, Countdown. 20, 19, ich mach, glaube ich, 18, erstmal eine Werbung mehr 17, oder weniger schriftlich, 16, ne? 15, Und dann gucke 14, ich mal, wie das ist und dann 13, 12, schreibe ich ja 11, nochmal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So. 12 Stunden Stream!